We have a bit of time to look in the area of Mahamudra. Wir haben jetzt ein wenig Zeit, um uns mit dem Gebiet oder der Mahamudra zu beschäftigen. And we'll do it through two texts. The first is a very short one by Maitripa, and then second one by Saraha. Wir werden das anhand von zwei Texten tun. Der erste Text ist sehr kurz und stammt von Maitripa und der zweite etwas länger von Saraha. There are many ideas about the precise meaning of the term Mahamudra. Es gibt viele Ideen über die präzise Bedeutung des Begriffs Mahamudra. Maha means big, mudra means a gesture, but there are many ways of understanding this. Maha bedeutet grundlegend sowas wie groß und Mudra ist so etwas wie eine Geste, wobei es viele Art und Weisen gibt, diesen Ausdruck zu verstehen. The Maha, the big, is the bigness that encompasses all things. Das Maha, das Große, das ist die Größe, die alle Dinge umfasst. The mudra, the gesture, is the moment by moment unfolding of our own existence as an aspect of this. Und Mudra oder Geste ist sozusagen die von Augenblick zu Augenblick stattfindende Entfaltung unseres Lebens als ein Ausdruck dieses allumfassenden Aspekts. Where the point where samsara and nirvana split is where these two aspects become separated. Der Punkt, an dem Samsara und Nirvana eine Spaltung erfahren, ist auch der Punkt, an dem diese zwei Aspekte voneinander getrennt werden. That is to say, we lose sense of the infinity of our own ground and become fixated on the particular patterns and sequences of the gestures we make in the world. Und das drückt aus, dass wir einen Sinn dafür für die Unendlichkeit unseres eigenen Grundes verlieren und uns anfangen darauf zu fixieren, welche Art von Mustern und Gesten unser spezifisches Leben darbringt. So usually if we're doing Buddhist practice, we start by taking refuge. Für gewöhnlich, wenn wir eine buddhistische Praxis ausführen, beginnen wir mit der Zufluchtnahme. We can do this very simply together. Wir können das auf eine sehr einfache Weise zusammen machen. We simply say, I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha. Wir können einfach sagen, ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zum Dharma, ich nehme Zuflucht zum Sangha. We recite this together 3 times, very simple. Und wir rezitieren das gemeinsam 3-mal. I take refuge in the Buddha, Ich nehme Zuflucht zum Buddha, I take refuge in the Dharma, ich nehme Zuflucht zum Dharma, I take refuge in the Sangha. ich nehme Zuflucht zum Sangha. I take refuge in the Buddha, Ich nehme Zuflucht zum Buddha, I take refuge in the Dharma, ich nehme Zuflucht zum Dharma, I take refuge in the ich Sangha. nehme Zuflucht zum Sangha. I take refuge in the Buddha, Ich nehme Zuflucht zum Buddha, I take refuge in the Dharma, ich nehme Zuflucht zum Dharma, I take refuge in the Sangha. ich nehme Zuflucht zum Sangha. Now, what is the Buddha? Was aber ist nun der Buddha? Buddha means awakened. Die Bedeutung von Buddha ist erwacht sein. When you are awake, you are not asleep. Wenn man erwacht ist, wenn man wach ist, ist man nicht eingeschlafen. So, when we take refuge in the Buddha, we take refuge in the aspect of ourselves that has always been awake. Wenn wir also Zuflucht zum Buddha nehmen, dann nehmen wir Zuflucht zu demjenigen Aspekt von uns selbst, der immer schon wach war. This, in Tibetan, this is called Rigpa, or awareness or presence. It's compared to the light of the sun. Im Tibetischen bezeichnet man diesen Aspekt als Rigpa, als Bewusstheit oder als Gegenwärtigkeit und sie wird verglichen mit der Sonne. Where is this? Wo ist das? Wo befindet sich das? This is ourselves. Das sind wir selbst. It's not somebody else. Es ist nicht jemand anders. If you take refuge in the Buddha by imagining that the Buddha is far away, Wenn wir Zuflucht zu einem Buddha nehmen, der in unserer Vorstellung weit weg ist, then essentially you are taking refuge in an idea. dann nehmen wir Zuflucht im Wesentlichen in eine Vorstellung, in eine Idee. There are many ideas in this world.
Und in dieser Welt gibt es viele Ideen. At the moment, the idea of football is very popular in Germany Zurzeit ist die Idee des Fußballs in Deutschland sehr populär. because you can become attached to this and you can project yourself into it. Denn es ist etwas, woran man sich festklammern kann und worauf man sich selbst auch projizieren kann. We in Britain, because of not qualifying for this great event, have very little attachment. Wir in England, sagt James, weil unsere Mannschaft sich für dieses große Ereignis nicht qualifizieren konnte, haben sehr wenig Anhaftung an dieses Ereignis. Our position is Hinayana. Das heißt, unsere Haltung, sagte, ist die des Hinayana. We renounce football. Wir haben den Fußball entsagt. But attachment is happening all the time. Nun, das Festhalten, das Greifen findet die ganze Zeit statt. You can spend your life attached to the idea of the Buddha. Man kann auch das ganze Leben damit verbringen, an die Vorstellung eines Buddha zu haften. You can make a nice altar, you can have a nice statue of the Buddha. Man kann sich ein schönes Altar basteln, man kann eine hübsche Statue des Buddha hinstellen, You can have many Buddha books. man kann viele Buddha-Bücher haben, You can go to pilgrimage to Buddha places. man kann Buddha-Plätze während einer Pilgerfahrt besuchen And you can feel that you stand close to the Buddha in some way. und dann kann man das Gefühl haben, dass man dadurch dem Buddha auf eine gewisse Weise nahe steht. But this is not to practice in the spirit of Mahamudra. Das würde aber nicht bedeuten, im Geiste von Mahamudra zu praktizieren. Mahamudra is to awaken to the non-separation of the finite quality of our ordinary life and the infinite ground out of which it comes. Mahamudra-Praxis bedeutet zu der Nichttrennung der endlichen Qualität unseres empfundenen Lebens und des Grundes, auf dem des unendlichen Grundes, auf dem dieses Leben ruht, zu erwachen. So, we are the Buddha. Also wir sind Buddha. That is to say, we have this awareness as an aspect of our being. Das heißt, diese Bewusstheit ist ein Aspekt, wir haben diese Bewusstheit als einen Aspekt unseres Seins. If we want it to become close to us, we have to believe that we can be close to it. Wenn wir uns selbst nahe sein wollen, dann müssen wir daran glauben, dass wir dem tatsächlich auch nahe kommen können. If you imagine that it's something very high and very special, it will go far away from you. Wenn man sich vorstellt, dass das etwas sehr Hohes und sehr Besonderes ist, dann wird es etwas sein, was von uns sehr weit wegdriftet. The fact that it is close to us doesn't mean that we have it. Die Tatsache, dass es uns nahe ist, bedeutet nicht, dass wir das besitzen. If we had this wonderful shining thing, then we would become very important. Wenn wir dieses wunderbare, strahlende Ding hätten, dann würde das heißen, dass wir sehr wichtig werden würden. But it's not a possession. Hier handelt es sich aber nicht um ein Besitztum. It is the very heart of our existence. Es ist das genaue Herz unserer Existenz. So if we say, I am the Buddha, Wenn ich also sage, ich bin Buddha, this is not some narcissistic claim. dann handelt es sich hier nicht um irgendeine narzisstische Behauptung. It's not pretending to be better than one is or bigger than one is. Es ist nicht das Vorspiegeln eines Größerseins oder Besserseins, als man es tatsächlich ist, But to become aware of the quality of awareness that is present with us moment by moment. sondern das bedeutet, sich bewusst zu sein der Qualität der Bewusstheit, die in uns von Augenblick zu Augenblick ohnehin gegenwärtig ist. And when we say, I take refuge in the Dharma, Wenn wir nun dann sagen, ich nehme Zuflucht zum Dharma, Dharma here means the environment, the Dharma Dhatu, the open dimension within which this awareness which is awakened exists. dann bedeutet Dharma hier die Umgebung, das Dharma Dhatu, die offene Dimension, in der in der diese Bewusstheit existiert. Now we are in this little valley. Nun, jetzt befinden wir uns gerade in diesem kleinen Tal hier. The valley is very big. The Big. valley is big, Das Tal ist groß and we are rather small. und wir sind klein.
But awareness is not in the valley, it's not inside the Dharmadhatu in the way we are in the valley. Aber Bewusstheit befindet sich nicht im Dharmadhatu in der gleichen Weise, wie wir uns hier in diesem Tal befinden. When we look outside, we can see that the light of the sun fills the sky. Wenn wir nach außen schauen, können wir sehen, dass das Licht der Sonne den Himmel erfüllt. The light of our own awareness pervades the universe. Everything is revealed to us in this awareness. Das Licht unserer eigenen Bewusstheit durchdringt das Universum. Alles in diesem Universum wird enthüllt durch unsere Bewusstheit. Our own nature is infinite emptiness and infinite awareness inseparable. Unsere eigene Natur ist die unendliche Leerheit und die unendliche Bewusstheit, die beide voneinander untrennbar sind. And we take refuge in the Sangha. Dann nehmen wir Zuflucht zum Sangha. Sangha means meeting, coming together. Und Sangha bedeutet hier sowas wie Begegnung, das Zusammenkommen. It means a grouping, an association. Das bedeutet sowas wie sich zu einer Gruppe, zu einer Zusammenschließung zu treffen. All the phenomena of the world that exist have their names. Alle Phänomene in dieser Welt, die existieren, haben ihre eigenen Namen. And when we become attached to them, they seem to have their own separate existence guaranteed by an essential nature. Und wenn wir an ihnen anfangen zu haften, dann scheinen sie ihre eigene separate, getrennte Existenz zu führen, zu besitzen, die durch ihre eigene unabhängige existenzielle Natur garantiert wird, sichergestellt wird. But all of these things arise together. Aber doch entstehen all diese Dinge gemeinsam. We hear this bird singing. Wir hören diesen Vogel da singen. The birds are singing because the sun is there and the trees are green and there is beginning of fruit on the trees and worms in the soil. Die Vögel singen, weil die Sonne da ist und die Bäume anfangen zu grünen und es da Blumen gibt und Würmer in der Erde. All the aspects of the world arise together. All die Aspekte der Welt entstehen gemeinsam. We come to understand this more and more in terms of ecology. Wir beginnen es auch mehr und mehr in den Begriffen der Ökologie zu begreifen. On an infinite level, all the planets, every aspect of manifestation is arising together. Auf einer unendlichen Ebene sind all die Planeten, all die unendlichen Aspekte der Manifestation des Erscheinens entstehen gemeinsam. And our embodiment, our gestures of physicality, our gestures of the voice, these are aspects of the Sangha. Und unsere eigene Verkörperung, unsere Gesten als Ausdruck, unsere Körperlichkeit, auch unsere Stimme, all diese Ausdrücke sind auch ein Aspekt des Sangha. We're not outside the world acting on it. Wir befinden uns nicht außerhalb der Welt und wirken auf die Welt ein, But we are inside the world as part of the world. sondern wir sind in der Welt drin als Teil dieser Welt. And the world is part of all the modes of manifestation. Die Welt ist ein Aspekt all der Modi, all der Seinsweisen des Erscheinens. So we have these three aspects. We have the infinite openness, we have the radiant awareness that pervades it, and we have every gesture of movement of every possible manifestation within it. So dass wir diese drei Aspekte haben. Wir haben diese unendliche Offenheit, wir haben diese unendliche Bewusstheit oder Klarheit, die diese Offenheit durchdringt, und wir haben all diese Formen von Bewegung und Gesten, die ein Aspekt des sich darin Manifestierens sind. Now, if we say, I take refuge, it means I want something from this situation. Wenn wir also sagen, ich nehme Zuflucht, dann bedeutet, dass wir ja von dieser Situation etwas bekommen wollen. People seek refuge when they have sickness or hunger or fear. Menschen suchen zum Beispiel nach Zuflucht, wenn sie krank sind, wenn sie Hunger haben oder wenn sie unter Ängsten leiden.
And usually this is marked out because where they have been living before is no longer any good to them. Und das wird deutlich dadurch, dass der Ort, an dem sie vorher gelebt haben, für sie in der Regel nicht mehr förderlich ist. When people apply for refugee status nowadays, they have to show that if they were to go back to their original country, they would have some real difficulty. Wenn Leute heute nach dem Flüchtlingsstatus streben, wenn sie sozusagen einen Flüchtlingsstatus bekommen wollen, müssen sie nachweisen, dass wenn sie in ihr Ursprungsland zurückgehen würden, dass sie mit großen, echten Schwierigkeiten zu rechnen hätten. They also, in order to arrive in Europe, usually have to make long and difficult journeys, overcoming many obstacles. Für gewöhnlich müssen sie auch, um in Europa überhaupt anzukommen, eine lange und schwierige Reise hinter sich bringen und viele, viele Hindernisse überwinden. So that they can get to a place where they can relax. Sodass sie dann an einen Ort gelangen können, an dem sie entspannen können. It's the same here. When we take refuge, when we understand our own nature, we have to be willing to relax into that state. Das Gleiche trifft auch hierzu, wenn wir Zuflucht nehmen, wenn wir in unserer eigenen Natur Zuflucht nehmen, dann müssen wir die Bereitschaft zeigen, uns in diesen Zustand hinein zu entspannen. In my clinical work in Britain, I've worked with many refugees who have arrived and who had been tortured in their own country. In meiner klinischen Arbeit, sagt James, habe ich auf, um noch mehr Schwierigkeiten und Probleme zu haben. You watch the news on the television and it's only bad things are happening. Wir schauen die Nachrichten im Fernsehen und nur schlimme Dinge passieren. Where will you go to find any rest? Wo will man hingehen, um irgendeine Art von Ruhe zu finden? You get ready to go on your summer holidays, Wir machen uns bereit, um in die Sommerferien zu fahren. but then you decide that the airplane is making some huge carbon footprint in the world, so you think you'll stay at home. Dann aber beschließen wir, dass das Flugzeug zu viel Kohlendioxideintrag in der Atmosphäre der Welt macht und beschließen, nicht zu fliegen, sondern zu Hause zu bleiben. Wherever you go in samsara, you won't find any peace. Wo immer man auch in Samsara hingeht, wird man nirgendwo Frieden finden. Even if you have a lot of money, it won't bring peace. Selbst wenn man viel Geld hat, wird das keinen Frieden bringen. Because you can't buy peace. Denn Frieden ist nicht etwas, was man kaufen könnte. Real peace is not generated out of the quality of the object, out of the quality of the environment. Wirklicher Frieden wird nicht erzeugt durch die Qualität des Objekts, durch die Qualität des Umfeldes, But it's the quality of the refuge. sondern es ist die Qualität der Zuflucht. When we recognize that our own mind is this unborn awareness, Wenn wir also anerkennen, dass es unser eigener Geist ist, der diese ungeborene Bewusstheit ist, that the space in which we move is the infinity of the Dharma Dhatu. dass der Raum, in dem wir uns bewegen, die Unendlichkeit des Dharma Dhatu ist. And that everything we do and everything we encounter is the unborn compassion of the union of emptiness and awareness. Und dass alles, was wir tun, alle Dinge, denen wir begegnen, das unendliche Mitgefühl der Vereinigung von dieser Offenheit und der Bewusstheit ist. Then you can have real peace. Dann können wir wirklich Frieden haben. This is Mahamudra. Und das ist Mahamudra. So we can go a little bit into the text. Dann können wir ein wenig in den Text. So this is this first text by Maitripa is very short and very beautiful. Also dieser erste Text von Maitripa ist ein sehr kurzer und ein wunderbarer Text. He begins by saying, making salutation in the state of total satisfaction, I will tell you about the Great Seal. Beginnt seinen Text, in dem er sagt, indem ich im Zustand umfassender Befriedigtheit Ehren biete, werde ich das große Siegel, also Mahamudra, darlegen. Again, I mean, it's translated as the Great Seal. This is one interpretation I got from my teacher Lama, and it means that when the king would write a letter, at the end you get a seal, like in medieval Europe, a seal which is pressed on with wax.
Nun, hier ist Mahamudra also mit dem Begriff großer Siegel und insbesondere also Mudra mit Siegel übersetzt. Das ist eine der Interpretationen, die James von seinem Lehrer C.R. Lama bekommen hat, der das erklärte. Nun, wenn ein König zum Beispiel ein Schreiben verfassen würde, dann würde es durch sein Siegel beglaubigen, dass er sozusagen am Ende des Schreibens in das erhitzte Wachs hineinpresst, so wie im mittelalterlichen Europa ja auch der Fall war. And when the document is sealed in that way, nobody should change it, nobody should interfere with it. Und wenn ein Dokument auf diese Weise besiegelt ist, sollte niemand sich erdreisten, sozusagen da irgendeine Veränderung einzuführen oder in irgendeine Weise in das Dokument einzugreifen. Nothing to be added, nothing to be subtracted. It's just as it is. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen und nichts wegzunehmen. Es ist, wie es ist. From this understanding, we can see that Mahamudra and Dzogchen is not so different. Von diesem Verständnis her können wir sehen, dass Mahamudra und Dzogchen nicht so verschieden sind. Dzog means complete, Chen means great. Dzog bedeutet vollständig und Chen bedeutet groß. And when something is completed, you don't need to interfere with it in any way. Und wenn etwas vollständig ist, braucht man da nicht mehr irgendwie hineinzupfuschen. But if we think of our world, we are always interfering, we are always changing, always correcting. Wenn wir aber an unsere Welt denken, dann werden wir uns immer in den Begriff finden, etwas zu verändern, zu korrigieren, einzugreifen. Because we feel that we are the center of the world, Und wir haben das Gefühl, dass wir das Zentrum der Welt sind, that it's all up to us. dass alles an uns liegt. So the understanding of Mahamudra is not to change anything, but to show, like a veil dropping from our eyes or the unveiling of a sculpture, to show that the world is not as we take it to be. So, das ist die Bedeutung von Mahamudra, so wie wenn ein Schleier weggenommen würde oder wenn man eine Skulptur enthüllt. Das also nicht indem wir etwa eingreifen, sondern indem dieser Schleier entfernt wird, zu erkennen, dass die Welt nicht das ist, wofür wir sie halten. When the sculpture is unveiled, it's not changed. Wenn man aber diese Skulptur zum Beispiel enthüllt, dann wird sie ja dadurch nicht verändert. We see what was always there. Wir sehen, was schon immer da war. It's the same with awakening to Mahamudra. Nothing is changed. Das Gleiche trifft auch auf das Erwachen zu Mahamudra. Nichts wird verändert. You have the same qualities of your personality, Wir haben dieselben Eigenschaften unserer Persönlichkeit. some good, some bad. Manche gut, manche nicht so gut. You have the same state of health, sometimes good, sometimes bad. Wir haben denselben Gesundheitszustand, der manchmal gut und manchmal auch nicht so gut ist. But instead of experiencing these as the defining features of your existence, Aber statt diese Dinge als die definierenden Merkmale unserer Existenz zu erfahren, they take their proper place as an aspect of existence. nehmen sie ihren eigentlich ihnen zustehenden Platz als einen lediglichen Aspekt unserer Existenz ein. So that in seeing the whole picture, this part which was too highlighted, overprivileged, can just be allowed to take its proper place. Sodass, indem wir das ganze Bild jetzt sehen, dieser Teil, den wir vorher zu sehr im Schlaglicht gesehen haben, der zu sehr herausgehoben wurde über das andere, jetzt die Möglichkeit hat, seinen eigentlichen Platz im Bild einzunehmen. And so he says, in the state of total satisfaction, he is going to say something about this. Und so sagt er also Maitripa, er wird jetzt über diese Dinge im Zustand vollständiger Befriedigtheit sprechen. Satisfaction means not needing anything else. Befriedigtheit bedeutet, dass man nichts anderes braucht. That doesn't mean that he didn't get thirsty and need a cup of tea. Das bedeutet natürlich nicht, dass er nicht etwa durstig wurde und nicht auch mal eine Tasse Tee brauchte. And having had a cup of tea, he didn't feel a need to have a pee. Und dass er, wenn er dann eine Tasse Tee getrunken hatte, nicht etwa das Bedürfnis gehabt hätte, pinkeln zu gehen. These things flow on ceaselessly all the time. Diese Dinge, die fließen weiter, ununterbrochen, die ganze Zeit. The difference is that he is not defined by these temporary, momentary gestures of his existence. Der entscheidende Unterschied hier ist, dass er nicht durch diese zeitweiligen
vorübergehenden Gesten seiner Existenz definiert wird. So if people say, "Oh, Maitripa, you're so wonderful to be able to compose this text," Wenn wir also zu ihm sagen, oh Maitripa, du bist so wunderbar, weil du diesen Text hier verfassen konntest, you can imagine he would say, "Oh, yes." dann kann man sich vorstellen, dann zu sagen, ja, ja. And if people say, "You're a complete idiot, this is nonsense," he would say, "Oh, yeah." Und wenn wir sagen würden, du bist ein völliger Idiot, das ist völliger Blödsinn, den du da geschrieben hast, würde er auch sagen, ah ja. Because what is improved by getting the approval of the world? Denn was wird denn dadurch verbessert, dass man die Zustimmung der Welt bekommt? And what is destroyed or upset by being insulted by the world? Und was wird zerstört oder aufgebracht, indem man von der Welt beleidigt wird? These are just gestures and movements. Dies sind nichts anderes als Gesten und Bewegungen. When the wind blows across the sea, the waves come up, and the waves sometimes move and clash in each other, and spray goes in all directions. Wenn der Wind über die See bläst, dann entstehen Wellen und die Wellen können sich mächtig erheben und zusammenstoßen und Schaum und Gischt spritzen in alle Richtungen. Each aspect of that, each pattern of the waves is just what it is. Und jeder Aspekt davon, jedes Muster, das diese Wellen produzieren können, ist nichts anderes als das, was es ist. It's all water, but the water is doing many, many, many different things. All das ist nichts als Wasser, aber dieses Wasser tut eben viele, viele Dinge. Like the great ocean, the great emptiness is full of movements. Wie der große Ozean ist, die große Leerheit voller Bewegungen. The movements express the energy of the great emptiness, Und diese Bewegungen drücken die Energie der großen Leerheit aus. but they don't define it. Aber sie definieren sie nicht. They don't limit it. Sie begrenzen sie nicht. They don't direct it in any way. Sie richten sie in keiner Weise aus. Integrating with this infinite great openness, Maitripa is rather satisfied. Und indem er sich in diese große Offenheit integriert, ist Maitripa durchaus sehr zufrieden. Because he's not looking for anything in particular, he is able to be with whatever comes. Da er nach nichts Bestimmtem Ausschau hält, ist er in der Lage, mit allem, was aufkommt, auch gemeinsam zusammen zu sein. So when we find ourselves in a state of dissatisfaction, Wenn wir uns also in einem Zustand von Unzufriedenheit wiederfinden, if you examine the actual embodied experience of that, wenn wir dann die tatsächliche verkörperte Erfahrung dieser Unzufriedenheit untersuchen, I think you will find that it arises because you have come to stand in relation to the world. dann werden wir wahrscheinlich, denkt James, herausfinden, dass wir diese Erfahrung machen, weil wir in eine Position geraten sind, in der wir eine Beziehung zur Welt aufnehmen. We are expecting something to be the case. Und wir erwarten irgendetwas, dass es der Fall sein wird. That is to say, the immediate dynamic co-emergence of our being and the being of the world has become split, in which we stand towards an object and expect it to be substantiated according to our own idea. Und das bedeutet, dass diese unmittelbare dynamische Erfahrung der Konvergenz von allen Dingen in der Welt, der gleichzeitigen gemeinsamen Entstehung von allen Dingen in der Welt, einer Spaltung unterworfen ist, in der wir sozusagen einem Objekt gegenüber gestellt uns wiederfinden und mit gewissen Erwartungen dann an das Objekt herangehen, das es auf eine gewisse Weise, wie wir es eben erwarten, sein sollte. For example, in the airport, I had to make a phone call, so I didn't have much change. I put a £1 piece in the phone. Zum Beispiel musste James am Flughafen ein Telefongespräch führen und er hatte nicht viel Kleingeld und steckte also eine Pfundmünze in den Apparat. At the end of the call, it said I had 60 pence credit. Und am Ende des Gesprächs sagte das Telefon, er habe 60 Pence Kredit immer So haben. I dialed the next number. Wählte die nächste Nummer, The phone went dead. das Telefon ging nicht mehr. Pressed all the buttons, waiting for something, nothing. Er drückte all die Knöpfe, wartete auf irgendetwas, aber nichts geschah. So I put the phone back on the hook and expected my money to come back.
Also hing er den Hörer auf und erwartete, dass das Geld zurückkommen würde. Nothing came out. Nichts kam raus. I pressed more buttons. Er drückte noch mehr Knöpfe. Then there was a telephone number in case of difficulty, so I phoned this number. Dann gab es da eine Telefonnummer in Situationen mit Schwierigkeiten. Er rief diese Nummer an. He said, if you have a problem with the money, press number 1. So I pressed number 1. Wenn du man sagte dort, wenn du Probleme mit dem Geld hast, dann drücke Nummer 1. Er drückte Nummer 1. So then came a long recorded message. Dann kam eine lange aufgenommene Botschaft. If you have lost money in the telephone, then please write to us at the following address. Details of the number of the telephone and so on. Wenn du während eines Telefongesprächs etwa an diesem Automaten Geld verloren haben solltest, bitte schreibe uns, und dann kam die lange Adresse und schildere die Details des Gesprächs, sowie die angerufene Telefonnummer, bla bla bla. And I could feel my world getting smaller. Und er konnte sehen, wie seine Welt immer kleiner und kleiner wurde. Because just like a rat in a trap, I had been led into some crazy maze. Wie eine Ratte in eine Falle wurde sozusagen immer enger in ein verrücktes Labyrinth geführt. And this is what our world is all the time. Und das ist das, was unsere Welt mit uns die ganze Zeit über tut. Something seems to be meaningful. You get a sense that it's going someplace. So you put on the blinkers and you go into it quite happily, and then it turns into a cul-de-sac. Etwas erscheint uns sehr bedeutungsvoll und wir denken, es wäre durchaus wertvoll, dem Ganzen zu folgen. Und dann legen wir unsere Scheuklappen an und folgen diesem Weg, und es verwandelt sich in eine Sackgasse. And even these small moments, we can experience directly in our lives how the movement of hope and fear arises very easily. Und selbst in sehr kleinen Dingen, in kurzen Augenblicken, können wir wirklich von Moment zu Moment in unserem Leben erfahren, wie die kleinen Bewegungen von Hoffnung und Furcht sehr leicht in uns entstehen können. So I hoped it would be okay, then I couldn't believe it wasn't working, then I hoped I would get my money back, and so on. Er hoffte, es wäre in Ordnung, diese Münze reinzuwerfen, dann hat es aber dann doch nicht geklappt mit dem Telefon, dann hoffte er wieder, dass er sein Geld zurückbekommt und so weiter. So, yeah, the task is to maintain the state of Mahamudra under all conditions. Die Aufgabe hier ist, den Zustand von Mahamudra unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. For Maitripa as well, for Padmasambhava, for all the great yogis, life didn't turn into something different. Life brings the same problems, the same daily confusions. Für Maitripa, für Padmasambhava in diesem Zusammenhang auch und für alle großen Yogis wurde das Leben nicht zu etwas anderem. Das Leben blieb dasselbe und es brachte eine Menge Potenzial für Verwirrung, für tägliche Verwirrung. The key is to maintain the integration or the Mahamudra of all the aspects of existence and not get so tilted towards the subject-object interaction that the ground is lost. Der Schlüsselpunkt hier ist sozusagen dieses Gesamtbild, also das Mahamudra aufrechtzuerhalten und nicht in die Neigung verloren zu gehen, sozusagen von der Subjekt-Objekt-Interaktion gefangen genommen zu werden, sodass wir unsere Wahrnehmung des Grundes verlieren. So then he says, everything that is at all possible is just one's own mind. Dann heißt es hier, alles was überhaupt möglich ist unser eigener Geist. That is to say, in this room, the pillars, the walls, the carpet, this is the energy of your mind. Und das drückt aus, dass in diesem Zimmer alles, was wir hier wahrnehmen können, die Wände, die Säulen, der Teppich, nichts anderes ist als die Energie unseres eigenen Geistes. Your existence and the existence of this room is an unbroken continuum. Unsere eigene Existenz und die Existenz dieses Zimmers ist ein ungebrochenes, ein ununterbrochenes Kontinuum. You can't step out of it and you can't step further into it. Wir können weder sozusagen hinaustreten aus diesem Kontinuum, noch können wir noch tiefer in dieses Kontinuum eintreten. There is no separation of one thing from another. Denn es gibt keine Trennung zwischen einer Sache und einer anderen.
because there are no separate things. Denn es gibt keine getrennten Dinge. So he says, looking for truth in externals is the working of the confused intellect. Und so sagte, im Äußerlichen nach Wahrheit Ausschau zu halten, ist das Werk des verwirrten Verstandes. That is to say, what we take to be externals is already a construct from our mind. Das drückt nichts anderes aus, als das, was wir für Äußerliches halten, nichts anderes als bereits ein Konstrukt unseres eigenen Geistes ist. Oh, well, you could say, if you close your eyes, you can't see the room. Nun könnte man einwenden, wenn ich meine Augen schließe, kann ich doch das Zimmer nicht sehen. That's because the room is outside you. Und das liegt daran, dass das Zimmer ja außerhalb von mir ist. And you can stand up and walk out of the room, so you can't say it's inseparable from you. Und ich kann ja auch aufstehen und aus diesem Raum hinausgehen, also kann ich doch nicht behaupten, dass der Raum untrennbar von mir ist. But if you step out of the room, you step into the hall, down the stairs, out into the street. Aber wenn man aus dem Raum, aus dem Zimmer hinaustritt, dann tritt man wiederum in den Gang und dann die Treppe runter und auf die Straße vielleicht hinaus. This is a ceaseless move of experience. Und das ist nichts anderes als eine ununterbrochene Bewegung von Erfahrung. It's not that you see one thing, then you see another thing, then you see another thing. Es ist ja keineswegs so, dass wir eine Sache sehen, dann die nächste und dann die nächste. But without any interruption, everything is arising seamlessly in a flow. Stattdessen, ohne jede Art von Unterbrechung, erscheint alles gewissermaßen nahtlos in einer Art Fluss. Due to our development of the use of concepts, we divide the flow up into particular objects. Aufgrund unserer Entwicklung und unserer Geübtheit in dem Gebrauch von Konzepten, von Vorstellungen, sind wir daran gewöhnt, die Dinge sozusagen in Scheiben zu unterteilen und in Abteilungen einzuteilen. And when things appear to be separate and different, it looks like each moment we discover something new. Und wenn Dinge als getrennt und existent, an sich existent erscheinen, dann erscheint es uns so, als würden wir jeden Augenblick etwas Neues entdecken. In English, the word discover means uncovering, taking the covering off something. Nun, im Englischen bedeutet das Wort entdecken, etwas eben abzudecken, eine Bedeckung wegzunehmen. But what Maitripa is saying, actually, in the very moment when you think you're discovering something, you are covering it. Was aber Maitripa sagt, ist, in genau dem Augenblick, wo du denkst, du entdeckst etwas, deckst du es eigentlich zu. That your words create the simulacrum, the fantasy form of separate entities. Sodass die Simulacrum, Like something which looks similar, but is not, a sort of ersatz. okay, sodass es die Worte, die Begriffe sind, die eine Art Ersatzfunktion haben, die den Anschein erwecken, sozusagen die Realität selbst zu sein, Stellvertreter für die Realität. The seamless flow is unborn. It's here, but it's not here as anything in particular. Während dieser ungebrochene, ununterbrochene, nahtlose Fluss ungeboren ist. Er ist zwar hier, aber er ist nicht hier als etwas, als ein bestimmtes Ding. It comes into existence because when we name things, we then forget that we have done the naming, we have done the separating, and then we come to believe that this entity is now existing in and of itself. Das kommt zustande, indem wir nämlich in diesem Prozess Dinge zu benennen, und es sind wir ja selbst, die das tun, dass wir sind diejenigen, die die Dinge benennen, in diesem Prozess der Benennung vergessen, dass wir es getan haben, und es erscheint uns so, als kämen sozusagen die Dinge aus sich selbst zu uns, als wären sie unabhängig von uns an uns herangetreten. So, I have a watch here, and the watch is on the blue cloth. Ich habe hier eine Uhr, sagt James, und diese Uhr befindet sich auf blauem Stoff. I am now lifting this watch and putting it on the carpet, which is not blue. Nun habe ich diese Uhr hochgehoben und auf den grauen Teppich gelegt, der ja nicht blau ist. The watch is always somewhere, Also ist die Uhr ja immer irgendwo. and all the places are connected together. Und all diese Orte sind miteinander verbunden. As we see, if we stand outside, when the wind blows on the hill, all the bits of grass, all the leaves in the trees are moving, millions of things moving at once.
Wenn wir draußen sind und in die Natur schauen und es bläst ein Wind, dann sehen wir, dass gleichzeitig all die Grashalme und Blätter und so weiter sich bewegen. Millionen von Dingen bewegen sich gleichzeitig. There is always something occurring. Da ist immer irgendetwas, was erscheint. So, now the watch is making its sacred journey back onto the blue cloth. Jetzt macht die Uhr ihre geheiligte Reise zurück auf das blaue Tuch. Nothing has changed. Nichts hat sich verändert. What is the difference between the blue cloth and the carpet? Was ist der Unterschied zwischen blauem Tuch und dem Teppich? A series of names. Eine Reihe von Namen. They arise at the same moment in our experience. Sie entstehen in unserer Erfahrung im gleichen Augenblick. It's not that one arises and then the other Es arises. ist keineswegs so, dass zunächst das eine und dann das andere entsteht. But in the moment of arising, we add on our categorizations. Aber im Augenblick des Erstehens fügen wir unsere eigenen Kategorien oder Kategorisierungen hinzu. Firstly, we add the categories which we take to be pure description. This is blue, this is fawn. Als erstes erscheinen die Kategorien, die wir für rein beschreibend halten, indem wir sagen, dies hier ist blau und dies ist fawn? Fawn, it means this sort of color. Grayish. Yeah, sort of light browny, sort of So, das ist beige hier. beige, okay? So, then we add on associations to that. Als nächstes fügen wir Assoziationen hinzu. Whether we've seen this before or not, and with like was the feeling tone, we like this, we don't like this. Das könnten Assoziationen darüber sein, ob wir so etwas schon zuvor gesehen haben und dann auch Gefühlstönungen, ob wir dieses, was wir da sehen, mögen oder nicht mögen. These feelings and the descriptions are not in the cloth or in the carpet. Diese Empfindungen oder Beschreibungen sind kein Teil dieses Tuchs oder des Teppichs. So this takes us back to the first part of this sentence when he says, everything that there is your own mind. Und das bringt uns zurück zu dem ersten Teil des Satzes. Alles, was es gibt, ist unser eigener Geist. And it takes us back to these 3 points of the refuge. Und das wiederum bringt uns zurück zu diesen 3 Punkten der Zuflucht. The mind is the emptiness of the Dharma, Der Geist ist die Leerheit des Dharma, the awakened radiance of the Buddha, die erwachte Strahlkraft des Buddha in the connected interactive flow of the Sangha. und der verbundene interaktive Fluss des Sangha. Everything that we experience is arising out of this open, empty Dharma Dhatu, illuminated by the radiance of the mind. Alles, was wir erfahren, wird erfahren als ein Ausfluss, ein Ausdruck dieser offenen Dimension des Dharma Dhatu, die beleuchtet oder erleuchtet ist durch die Strahlkraft des Gewahrseins, der Bewusstheit, des Geistes. When we say the radiance of the mind, it means the radiance of my mind. Wenn wir sagen Bewusstheit oder Strahlkraft des Geistes, dann meinen wir die Strahlkraft meines Geistes. But this is the radiance of my mind before it became me. Aber hier geht es um die Strahlkraft meines Geistes, bevor er überhaupt ich oder mich geworden ist. That is to say, if you like, it's a pure being prior to any discrimination of self and other. Hier geht es also um das reine Sein, das vor der Unterscheidung zwischen ich und andere liegt. The discriminations of self and other are the waves or the movements of the energy of the mind. Die Unterscheidung zwischen ich und andere ist nichts anderes als Energie oder Bewegung dieses Geistes. The telephone, my money and me, Das Telefon, mein Geld und ich, moving together. sie bewegen sich zusammen. Not moving very far, but anyway, moving together. Sie kommen nicht sehr weit in ihre Bewegung, aber immerhin, sie bewegen sich zusammen. This is the energy of the Dharma Dhatu. Das ist nichts anderes als die Energie des Dharma Dhatu. Christians always are troubled by the question of how could God have allowed Auschwitz to occur? Christen sind immer sehr bedrückt durch die Frage, wie konnte es sein, dass Gott Auschwitz zugelassen hat. We Buddhists had the same problem. Und wir Buddhisten haben das gleiche Problem. How can all this crap come out of the Dharma Dhatu?
Wie kann dieser ganze Müll aus dem Dharmadhatu rauskommen? How can the radiant mind of the Buddha give rise to all this nonsense that lives in me? Wie kann die Strahlkraft des Buddha, des Geistes, all diesen Nonsens, der in mir erscheint, gebären? Only meditation will show the answer to that. Nur Meditation wird eine Antwort darauf zeigen. The more we stay present with the ground, the discrimination of this is nonsense, this is a waste of time, this is stupid, this is wonderful, this is deeply meaningful, this starts to dissolve. Je stärker wir sozusagen in der Erfahrung des Grundes verweilen können, desto stärker oder desto mehr werden all diese Unterscheidungen zwischen dieses Unsinn und dieses bedeutungsvoll, dieses etwas, was wirklich sehr tiefgründig ist und so weiter, all das wird sich anfangen aufzulösen. This is why we should be careful not to have too many ideas about who the Buddha is. Und das ist der Grund, warum wir Sorge tragen müssen, nicht allzu viele Vorstellungen darüber zu hegen, wo der Buddha nun ist. Otherwise, we become addicted to these developments which give us a sense of power and control and certainty. Sonst werden wir süchtig nach all diesen Vorstellungen, die uns eine gewisse Art von Macht, Kontrolle und Sicherheit zu verleihen scheinen. But then in relation to our own lives, we find we have no control. Dann werden wir aber in Bezug auf unser eigenes Leben dann wieder herausfinden, dass wir eigentlich doch keine Kontrolle haben. So, looking for truth in externals means meaningful things can be found. We can separate the wheat from the chaff. We can separate the gold from the raw ore. Nun, nach der Wahrheit in Äußerlichkeit suchen bedeutet, dass wir bedeutungsvolle Dinge in der Welt finden können, dass wir in der Lage sind, gewissermaßen Spreu vom Weizen zu trennen oder Gold von Erz zu trennen. If you think how much of your life you have spent reading books or talking with people, Wenn man aber dann darüber nachdenkt, wie viel von unserem Leben wir damit verbracht haben, Bücher zu lesen oder mit Leuten zu reden wandering around in your own thoughts, oder in den eigenen Gedanken umherzuschweifen, thinking about work, family, going to the cinema, darüber nachzudenken, wie die Arbeit ist, wie die Familie geht oder ins Kino zu gehen and how little time you spend looking at the actual nature of your mind. und wie wenig Zeit wir damit verbringen, tatsächlich nach der tatsächlichen Natur unseres Geistes nachzuschauen. This is the way in which we become fascinated by externals. Das ist die Art und Weise, wie wir von Äußerlichkeit fasziniert werden. Externals here doesn't mean trees and buses and cars. Äußerlichkeiten bedeuten hier nicht Bäume, Busse oder Autos. It means these, but mainly it means all your thoughts, your feelings and your sensations. Das bedeutet natürlich auch das, aber hauptsächlich bedeutet es all diese Gedanken, Empfindungen und Gefühle, die wir haben können. External means that which manifests. Äußerlich bedeutet dasjenige, das sich manifestiert. And it's very difficult to find your own nature and the true nature of all phenomena by looking in the particularities of phenomena. Und es ist sehr schwierig, die eigene Natur und auch die Natur aller Erscheinungen zu finden, indem wir in die Besonderheiten der Manifestation der Phänomene schauen. Because he's saying everything is the fruit of your mind. Everything is your mind. Denn wie er sagt, alles ist die Frucht unseres Geistes. Alles ist unser Geist. Steam is water, ice is water. Dampf ist Wasser und auch Eis ist Wasser. It's water. Alles ist Wasser. All your thoughts, all the trees, all the spaceships, this is the mind. All die Gedanken, all die Bäume, alle die Raumschiffe, all das ist der Geist. You won't find the mind by looking at what arises from the mind. Wir werden den Geist nicht finden, indem wir dasjenige anschauen, was aus dem Geist entsteht. But when you find the source, the ground, then your relation with all that arises changes. Wenn wir aber die Quelle oder den Grund gefunden haben, dann wird unsere Beziehung oder unsere Bezugnahme auf all das, was erscheint, sich verändern. So he says all appearances are essentially empty as in a dream. Und so sagte,
Alle Erscheinungen sind in ihrer Essenz oder ihrer Essenz nach leer, wie in einem Traum. This clearly, when we have dreams, we seem to be experiencing something real. Natürlich, wenn wir Träume haben, wenn wir gerade träumen, dann scheinen diese Träume als etwas Wirkliches zu erfahren. We are in the dream. Wir sind im Traum. It rings true. Das heißt, es klingt für uns irgendwie nach Wahrheit. And yet, when you wake up, you realize it was only a dream. Wenn wir dann aber aufwachen, dann realisieren wir, dass es sich nur um einen Traum gehandelt hat. And he is saying, this is exactly the same. Und er sagt hier aus, das ist exakt das Gleiche. That everything that appears has the concrete quality of being something which is impactful. Dass alles, was erscheint, für uns die konkrete, sozusagen die konkrete Wucht oder die konkrete Solidität, die konkrete Möglichkeit hat, auf uns eine Wucht, einen Eindruck zu machen, uns zu beeinflussen. Just as in a dream, if nice things happen, you're happy, and if terrifying things, you're running and you're scared, and real terror arises. So wie in einem Traum, wenn schöne Dinge geschehen, sind wir glücklich, und wenn schreckliche Dinge geschehen, fürchten wir uns und versuchen wegzurennen, und also es ist für uns dann eine schreckliche Erfahrung. Now, when you awaken from a dream, you awaken out of the dream. Und wenn wir von einem Traum erwachen, erwachen wir gewissermaßen aus dem Traum heraus. When you awaken in terms of Dharma awakening, you awake in the dream. Wenn wir im Sinne des Dharma erwachen, erwachen wir im Traum. That is to say, you recognize that everything is simply an illusory appearance. Mit anderen Worten, wir erkennen einfach, dass alles nichts anderes als eine illusorische Erscheinung ist. And so many things seem to be true and separate and intense and different. Sodass viele Dinge den Anschein erwecken, wahr zu sein, getrennt zu sein und ihre eigene Intensität zu besitzen. And yet, these are simply names put by our own mind. Und doch handelt es sich hier um nichts anderes als einfach um Namen, die unser eigener Geist aufgeprägt hat. To say that they're illusory doesn't mean they don't exist at all, Zu sagen, sie sind illusorisch, bedeutet nicht, dass sie überhaupt nicht existieren. but they also don't exist truly. Aber sie existieren auch nicht wahrhaft. In the level of the Mahayana, this is understood in terms of form and emptiness. Auf der Ebene von Mahayana wird dies verstanden in diesem Zusammenhang zwischen Form und Leerheit. Everything we see in this room is a form. Alles, was wir in diesem Zimmer sehen, ist eine Form. Form is defined by shape and color. Eine Form wird definiert durch Gestalt und Farbe. So we see the shapes and colors of different people's bodies, the clothes they wear, their postures, and so on. Sodass wir die Form und Farbe der Körper verschiedener Leute sehen, die Farbe der Kleidung, die Körperhaltung und so weiter, alles das. But each of these forms is empty in the sense that it has no inherent self-existence. It's not internally defined. Aber all diese Formen sind leer, in dem Sinne, dass sie keine innewohnende, aus sich selbst heraus bestehende Existenz haben, die sozusagen auf eine von anderen Dingen unabhängige Weise definiert wäre. Because we understand the shape of a person's body by what is not their body, by all that's around them. Zum Beispiel verstehen wir die Gestalt, die Form des Körpers einer Person durch das, was nicht ihr Körper ist, gewissermaßen durch den Raum, der sie umgibt. And you can analyze each thing and see the absence of inherent self-nature in it. Und wir können jedes Ding analysieren und dadurch die Abwesenheit einer innewohnenden Eigennatur erkennen. So although on the level of form, each of the people and each of the objects in this room seems to be uniquely and inherently itself, Obwohl also auf der Ebene der Form alle die Menschen, die hier anwesend sind im Raum, auf eine einzigartige Weise und auf eine innewohnend gegebene Weise sich selbst zu sein scheinen, on the level of its emptiness, of its absence of inherent self-nature,
all things have the same nature and there is no difference between them at all. Haben Sie doch auf der Ebene der Leerheit, auf der Tatsache, dass alle diese Formen durch die Abwesenheit einer innewohnenden Eigennatur gekennzeichnet sind, sind sie sozusagen von der gleichen Qualität. Es besteht zwischen ihnen kein Unterschied. Just as if on the wall behind Robert and myself here, there was a big mirror. So, als ob hinter uns auf der Wand hier sich ein großer Spiegel befinden würde. When you look in the mirror, you see the room. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir den Raum. The room appears to be in the mirror, Der Raum erscheint im Spiegel, but there's nothing in the mirror. aber in dem Spiegel ist da nichts. The mirror is a surface. Der Spiegel ist lediglich eine Fläche, eine Oberfläche. You couldn't have anything inside it. Der Spiegel kann gar nichts enthalten. But when we look at it, it's immediately obvious there's lots of things in there. Wenn wir aber den Spiegel anschauen, dann ist für uns unmittelbar offensichtlich, dass sich darin eine ganze Menge Dinge befinden. And we can see, oh, different people. Oh, they're all in there. Wir können die verschiedenen Leute sehen, wir können sie direkt erkennen und sagen, oh, sie sind ja alle da. The differences are there, and yet it's all just a reflection. Die Unterschiede sind alle da, aber sie sind alle nur eine Spiegelung. Oh, we could take a nice, friendly group photo. Wir könnten auch von unserer Gruppe hier ein freundliches Foto aufnehmen. And then afterwards you look at the photograph and you say, oh, there's Robert, I remember him. Und dann können wir dieses Foto hinterher dann anschauen und dann könnten wir sagen, ah, da ist ja Robert, ich erinnere mich an ihn. But Robert's not in the photograph. Aber Robert ist nicht im Foto. In fact, nobody's in the photograph. In der Tat, niemand ist überhaupt im Foto. We say, look at the photo. Do you remember all these people? Look in the photo. See who's in it. Wir können aber sagen, schau mal das Foto an, schau mal, wer da alles in dem Foto drin ist. Nobody's in it. Niemand. It's just a piece of paper. Es ist nur ein Stück Papier. But when we look at it, the people are in it. Aber wenn wir es anschauen, sind die Leute da drin. Like this. We see the world. Ah, it all seems to be like that. But it's not like that. Und in der gleichen Weise ist es so, wir schauen die Welt an und alles scheint genauso zu sein, wie wir es gerade sehen, aber sie ist es nicht so, wie wir es sehen. But it is like that. Und doch ist es auch, wie wir es sehen. This is the Buddha's teaching of the middle way, which runs through every level of the teaching. Das ist die Lehre des Buddha über den mittleren Weg, die sich durch alle Ebenen der Unterweisung hindurchzieht. You can't say it is, you can't say it isn't. Wir können nicht sagen, es ist, und wir können auch nicht sagen, es ist nicht. You can't say it neither is nor isn't. Wir können auch nicht sagen, dass es weder ist noch nicht ist. And you can't say it both is and isn't. Und wir können auch nicht sagen, dass es sowohl ist als auch nicht ist. It's revealed in an instant as just as it is. Es wird in einem einzigen Augenblick enthüllt als das, was ist. So that is the nature of this illusion. Und das ist die Natur dieser Illusion. And mind also is just the movement of memory and ideas. Dann heißt es ferner, und auch ist der Geist bloß die Bewegung von Erinnerungen und Vorstellungen. Well, you see this when we sit in meditation, always something is going on. Wir können das sehr gut sehen, wenn wir in Meditation sitzen, dann geht da immer irgendwas vor sich. People think, oh, there is too much happening in my mind, I need to calm it down. Leute denken, oh, da befindet sich zu viel in meinem Geist, ich muss mich beruhigen. But the mind is just an autobahn. Aber der Geist ist eine Autobahn. There's always something going. Even 4 o'clock in the morning, some big trucks going on a journey. Da fährt immer irgendwas lang. Selbst 4 Uhr morgens sind da die großen Lastautos, die auf ihrer Reise sind. And as you can experience on a big road, many bad drivers are there. Und wie man auf einer großen Straße fahren kann, gibt es immer viele schlechte Fahrer. All kind of thoughts coming and going, not paying much attention to each other. Da kommen und gehen eine ganze Menge Gedanken, die nicht sehr viel Achtsamkeit den anderen gegenüber haben. This is what it is. Das ist, was da ist. It's just stuff coming and going, coming and going. Einfach Zeug, das kommt und geht, kommt und geht. We try to sort it out. We try to select the bits we like and remove the bits we don't like. Wir versuchen das hier auszusortieren, wir versuchen die Brocken, die wir mögen, hinauszuholen und die Brocken, die wir nicht mögen, wegzubringen. Good things go by themselves and bad things go by themselves. Weil die Bewegung stets erscheint, gehen gute Dinge von sich aus und schlechte Dinge gehen von sich aus.
to spend your time trying to control this is ridiculous. Die eigene Zeit damit zu verbringen, zu versuchen, diese Dinge zu beherrschen, zu steuern, ist lächerlich. He says, without inherent self-nature, it is like the energy of the wind, and being empty, it is in essence like the sky. Er sagt dann, ohne eine innewohnende Eigennatur zu besitzen, ist er, also der Geist, wie die Energie des Windes, und indem er seiner Essenz nach leer ist, ist er wie der Himmel. You can't catch the wind. Den Wind kann man nicht einfangen. You can't make the wind happen. Man kann den Wind auch nicht geschehen lassen. When you go out in the country, you see now these big windmills everywhere. Wenn man aufs Land geht, sieht man heutzutage diese großen Windkraftanlagen. Whenever I see them, if there are 10 of them, only 5 are turning. Wo immer ich hingehe, wenn 10 dastehen, drehen sich gerade 5. Maybe the wind isn't right for the other 5. Vielleicht ist für die anderen 5 der Wind gerade nicht recht. The wind is very unpredictable. Wind ist sehr unvorhersagbar. You can't get it. Kann ihn nicht greifen. The mind is like the wind. Und unser Geist ist wie der Wind. In yoga, we have the idea that this inner wind, the prana, as it moves through the subtle channels, is the vehicle on which the thoughts are traveling. Im Yoga haben wir direkt diese Idee, dass der subtile Wind, das Prana, der sich in den subtilen Kanälen bewegt, genau das Fahrzeug, das Vehikel für die Reise unserer Gedanken ist. And the Milarepa and many people have said that in the way that a man rides a horse, thoughts ride on this wind. Und Milarepa und viele andere Yogis sagten, dass in der gleichen Weise, in der ein Mann auf einem Pferd reitet, reiten die Gedanken auf diesen Wind. Well, you have to spend an awful lot of time to tame a wild horse. Man muss eine ganze Menge Zeit investieren, um ein wildes Pferd zu zähmen. And you can practice yoga and tame the winds of the body. Man kann Yoga praktizieren und die Winde des Körpers zähmen. But that probably wouldn't equip you to work in a supermarket. Aber das würde uns wahrscheinlich nicht dazu wirklich befähigen, in einem Supermarkt zu arbeiten Or to go to a disco. oder in eine Diskothek zu gehen Or to go to a football match. oder in ein Fußballstadion zu gehen. Because then you would think, oh, this football is disturbing my winds. Dann würde man denken, oh, dieser Fußball stört meine Winde. My chakras are starting to shake. Meine Chakras beginnen zu zittern. I'm going back to my cave. Ich gehe lieber in meine Höhle zurück. To be alive in the world is to be disturbed. In der Welt lebendig zu sein bedeutet auch immer gestört zu sein. Is it better not to be disturbed? Ist es besser, nicht gestört zu sein? Maitripa says, without inherent self-nature, it is like the energy of the wind. Maitripa sagt, ohne die innewohnende Eigennatur zu besitzen, ist es wie die Energie des Windes. If it doesn't have an inherent self-nature, how will you catch it? Wenn er keine eigene innewohnende Natur hat, wie will man ihn fangen? When babies are even in the womb, people are trying to call it by its name. Selbst wenn Kinder sich noch im Schoß der Mutter befinden, versuchen Leute, sie bei ihrem Namen zu rufen. Where I live in London, there's a little park nearby, and it's a favorite walking place for people with dogs. In dem Viertel, wo James wohnt, gibt es einen kleinen Park in der Nähe und das ist auch der Lieblingsort für Leute, die ihre Hunde ausführen. And you see people with their little dogs, and they throw a ball, and the dog runs after the ball. Da sieht man die Leute mit den kleinen Hündchen und sie werfen einen Ball und die Hunde rennen hinter den Ball her. Then another little dog comes by, Dann kommt noch ein zweiter Hund dazu and the first little dog goes to sniff the bottom of the other dog. und der erste Hund geht dann ein bisschen schnuppern am Hintern vom anderen. Then the owner of the dog says, Rover, Rover, come here. Und dann ruft der Besitzer des Hundes ihn zur Raison, But the dog is, aber das Hündchen möchte gerne schnuppern. because although it has got used to big people, human beings shouting Rover at it, Denn obgleich das Hündchen sich schon daran gewöhnt hat, dass es da diese großen Leute sind, die nach ihm Rover schreien, the dog is not really convinced that it is Rover.
ist der Hund nicht wirklich überzeugt, dass er Rover ist. This is how the innate freedom of the Dharmakaya manifests in animals. Das ist die Art und Weise, wie die eingeborene Freiheit des Dharmakaya sich in Tieren manifestiert. And in terms of the sophistication of languages, the smells of a bottom are much better. Und verglichen mit der Raffiniertheit der Sprache ist der Geruch eines Hinterns doch viel besser. We have a lot to learn from dogs. Wir können also eine Menge von Hunden lernen. So the point here is, when things are like the wind, you can't catch them. When things are like the wind, you can't catch them. Der Punkt hier ist, dass wenn die Dinge so sind, so beschaffen sind wie der Wind, dann kann man sie nicht einfangen. When we grow up in a family, our parents are trying to control us. Wenn wir in eine Familie aufwachsen, versuchen unsere Leute uns zu kontrollieren. Are children controllable? Sind unsere Kinder tatsächlich kontrollierbar? No. Nein. You have to be nice to them, Man muss nett zu ihnen sein. and sometimes they do what you want them to do. Manchmal machen sie das, was man von ihnen wünscht. But you don't have much power over them. Aber viel Macht hat man darüber nicht. Same in relationships, Das gleiche auch in Beziehungen and at work with colleagues. und auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen. Because actually we are moving together in this great stream of existence with other people, moving and turning. And our energy is arising and moving out, and the energy of the world is swirling around us and impacting us. Denn in der Tat, wir sind eigentlich in einer gemeinsamen Bewegung begriffen. Wir alle befinden uns in diesen Wellen von Bewegung und unsere eigene Energie drückt sich durch unsere Bewegung aus, durch unsere Gesten, und die Energie der Welt schwirrt um uns herum. And in this situation, the fantasy of control is very attractive, but it doesn't really work. Natürlich ist in einer solchen Situation die Fantasie von einer Kontrolle, von Steuerung sehr attraktiv, sehr anziehend, aber sie funktioniert nicht. Essentially, what we have to do is directly feel the arising quality of our existence and the arising quality of the energy in the field around us, and work collaboratively to bring these two into a harmony which lasts a moment, and then again, and then again. Was wir tatsächlich zu tun haben, ist wirklich eher dieses gleichzeitige Erstehen unserer eigenen Energie und des Ausdrucks der anderen zu fühlen und dann zu versuchen, in einer Art Kollaboration, in einer Art gemeinsame Zusammenarbeit eine gewisse Art von Harmonie zu erschaffen, die für eine Weile anhalten muss und es dann wieder erfordert, dass man wiederum eine Bewegung, dass man da wieder in die Harmonie zurückkommt. That is to say, meditation practices like shamatha for calming the mind by focusing one-pointed attention, or developing powers in yoga of kumbhaka and holding the wind in order to greatly diminish the flow of ideas, are very helpful as a practice. Das drückt aus, dass bestimmte Meditationspraktiken, wie zum Beispiel Shamatha, die Fähigkeit zu entwickeln, sehr konzentrierten Geistes auf eine Sache ausgerichtet zu sein, oder kraftvolle Praktiken wie Kumbhaka-Atmung, die uns erlaubt, sozusagen die Energie der Gedanken sehr, sehr niedrig zu halten, sind sehr hilfreiche Praktiken. But they are not life itself. Aber sie sind nicht das Leben. These are artifice. These are ways of constructing something for a while, and then it shows something, and then you don't need to keep looking again and again in the same way, otherwise it turns into a prison. Sie sind gewissermaßen Mittel, sie sind Künstlichkeiten, die uns vielleicht helfen können, etwas aufgezeigt zu bekommen. Und wenn wir geschaut haben, wenn wir es gesehen haben, dann müssen wir nicht immer wieder und wieder in der gleichen Weise nachschauen, denn wenn wir das tun würden, dann wären wir wiederum in einer Art Gefängnis. And he says, and the mind is empty in essence. It's like the sky. Und dann heißt es hier, der Geist ist seine Essenz nach leer, wie der Himmel. So he's saying everything that arises in the mind is illusion, because the mind's nature is like the wind and like the sky. So sagt er also, alles, was in dem Geist entsteht, ist eine Illusion, weil der Geist leer ist wie der Wind und wie der Himmel.
we'll do some meditation practice tomorrow that hopefully will bring this more vividly close to you. Wir werden morgen etwas mehr Meditationspraxis machen und das wird hoffentlich auch diese Idee dann uns lebhaft vor Augen führen. Sky here means the infinity of space, no limits at all. Himmel bedeutet hier die Unendlichkeit des Raumes, keinerlei Grenzen oder Begrenzungen. No boundary, no top, no bottom. Keine Grenzlinien, keine oben, kein unten. No corners, no shapes, no colors. Keine Ecken, keine Formen, keine Farben. Empty, empty, empty of everything. Just open. Leer, leer, leer von allem, einfach offen. And in this, the wind is blowing. Und da drin bläst der Wind. This is meditation. Das ist Meditation. We sit in a meditation and all kind of weird shit's going on. Wir sitzen in Meditation und alle Arten von verrückter Scheiße geht vor sich. If your mind wasn't empty, there wouldn't be space for all this stuff. Wenn unser Geist nicht leer wäre, gäbe es da keinen Raum für all das ganze Zeug. What is this stuff? Was ist also dieses Zeug? It's energy. Es ist Energie. And the energy has a double move. It both displays and then comments on itself. Und die Energie hat eine doppelte Bewegung. Sie zeigt sich zunächst einmal und dann kommentiert sie sich selbst. So if something happens, then you suddenly think, oh, I should be meditating, that was stupid. Etwas geschieht und dann kommt dieses, ich sollte meditieren, das war alles blöd. That's just another bit of energy. Das ist wieder nur ein Klumpen Energie. That's like if you have 5 children, they're always pushing each other. Wenn man 5 Kinder hat, dann weiß man, dass die sich immer gegenseitig schubsen. Yeah, but it's not my fault. He pushed me first. Aber es ist doch nicht mein Fehler, er hat mich zuerst geschubst. Round and round and round, thoughts chase each other. Und so geht es mit den Gedanken auch, die jagen sich sozusagen in der Runde. Just like the wind. Wie der Wind. What does the wind do? Was macht aber der Wind? Going here and there and not doing anything. Er geht hin und her und tut gar nichts. The wind doesn't produce anything. Er produziert gar nichts. What do these thoughts produce? Nothing much. Was produzieren diese Gedanken? Auch nicht viel. If you have a wind farm, you can make electricity. Wenn man eine Windfarm hat, dann kann man wenigstens Elektrizität herstellen. If you have attachment, you can make samsara. Wenn man Anhaftung hat, kann man Samsara produzieren. It's the same thing. It's the channeling of the creative energy to produce something. Das ist das Gleiche. Das ist die Kanalisierung kreativer Energie zur Produktion von etwas. It is also everything which is produced, but it is always wind. Auch ist es alles das, was produziert wird, aber es ist immer Wind. That is to say, your existence exists through time, moment by moment by moment by moment. Dann in Worten, unsere Existenz besteht durch die Zeit hindurch, von Augenblick zu Augenblick. We cannot go back in time, we cannot leap into the future. All we have is this moment. Wir können nicht zurück in der Zeit gehen, wir können nicht in die Zukunft springen. Alles, was uns zur Verfügung steht, ist dieses Moment, dieser Augenblick. But as he said just before, and the mind also is just the movement of memory and idea. Aber wie er auch zuvor sagte, der Geist selbst ist nichts anderes als die Bewegung von Erinnerung und Vorstellungen. So what I call my mind, I, me, myself, is constructed out of this cross gesture, moving into the past, hanging on to ideas, moving into the futures, making all sorts of plans and hopes. Das heißt, das, was ich als meinen Geist bezeichne, sozusagen meine Wenigkeit, ist auch nur aus dieser Kreuzbewegung von Bewegung einerseits von Erinnerung an die Vergangenheit und gleichzeitig die Zukunft vorwegnehmenden Gedanken aus dieser Begegnung, dieser Kreuzbewegung konstruiert. But when we go like this, and we go like that, we are halfway into a straitjacket on our way to the mental hospital. Wenn wir aber mit einer Hand nach da und mit der anderen nach da gehen, dann sind wir gewissermaßen schon auf halbem Weg in die Zwangsjacke, gewissermaßen beinahe schon in einer psychiatrischen Anstalt. It is not being present in the moment, not being in this simple satisfaction that makes us mad.
Es ist genau dieses Nicht-Gegenwärtig-Sein in dem gegenwärtigen Augenblick, in dieser einfachen Befriedigtheit, die uns zur Verrücktheit führt. Because what has happened is already gone. Denn was geschehen ist, ist bereits vergangen. We don't know if our plans will come to fruition. Auch wissen wir nicht, ob unsere Pläne sich tatsächlich erfüllen werden. They're just illusions. All das sind nur Illusionen. It doesn't mean they don't exist at all. Was aber nicht bedeutet, dass sie überhaupt nicht existieren. It's form and emptiness. Aber sie existieren in der Weise von Form und Leerheit You zusammen. can't throw it away and say it doesn't, nothing, I don't need any of it. Wir können sie nicht wegwerfen in der Art und Weise zu sagen, nichts damit, ich brauche nichts davon. Because without them you wouldn't be able to function in the world and communicate with other people. Denn ohne diese Dinge könnten wir in dieser Welt nicht funktionieren und auch nicht mit anderen kommunizieren. On the other hand, if you take it as too real, that's a way of cheating yourself. Auf der anderen Seite, wenn wir sie für zu real halten, ist es eine Art des Selbstbetrugs. Because what's happened to us in our life is not just one story, but many different stories. We tell the same events in different ways, according to the people we meet, according to our age, according to our mood. Denn das, was wir sozusagen, was in unserem Leben geschehen ist, ist nicht eine Geschichte, sondern sind viele Geschichten. Und wir erzählen diese Geschichten durchaus sehr verschieden, je nachdem, mit wem wir sprechen, welches Alter wir haben und in welcher Stimmung wir gerade sind. So, important here is relax into the infinite sky-like nature of your mind and allow the winds of event, subject, object, hope, fear, give space to the wind to blow. Der Punkt hier ist also zu entspannen, sich in die himmelsgleiche Natur des Geistes hinein zu entspannen und zu erlauben, dass diese Bewegung von Subjekt, Objekt, von Hoffnungen, Befürchtungen und all diesen Gedanken sich einfach wie der Wind frei zu bewegen. In the text of Dzogchen, they often say, whatever comes, comes, whatever goes, goes. In Dzogchen-Texten heißt es dann auch oft, was immer kommt, kommt, was immer geht, geht. It's just like that. It's like wind and space. So ist das einfach. Wind und Raum. Everything that is possible abides in evenness like the sky. Thus do I express the great seal. Alles, was möglich ist, verweilt in der Ausgeglichenheit, wie der Himmel. So drücke ich das große Siegel aus. That is to say, on the level of conceptualization and differentiation, all phenomena are unique and have their own different aspects. Und das drückt aus, dass auf der Ebene der Konzeptualisierung, der Verbegrifflichung jede Erscheinung, jedes Phänomen sozusagen seine Einzigartigkeit und seinen spezifischen Ausdruck hat. And yet, actually, their nature is always the same. And so, they are even like the sky. Und doch in Tatsächlichkeit, in Wirklichkeit ist ihre Natur immer dasselbe und in diesem Sinne sind sie sozusagen ausgeglichen, sie sind ebenmäßig wie der Himmel. For example, in the sky there are many clouds. Zum Beispiel gibt es am Himmel viele Wolken, There are many kinds of clouds. es gibt viele Arten von Wolken. When you look at the clouds, you see many different shapes. Wenn man die Formen der Wolken anschaut, sieht man viele verschiedene Formen. All of these clouds are made of water. Aber alle diese Wolken bestehen aus Wasser. The water is the same in all the clouds. Und das Wasser ist immer das gleiche in allen Wolken. But clouds don't look the same. Aber die Wolken schauen nicht gleich aus. On the level of water, they're even. Auf der Ebene des Wassers sind sie ebenmäßig, sie sind gleich. On the level of shape, they're very different. Auf der Ebene der Form sind sie sehr verschieden. It's just like that. Und so ist das. Just as you can carve ice into many different appearances, Man kann auch Eis in viele verschiedene Erscheinungsformen schnitzen. you can make of sculptures, you can make containers for caviar and so on. Man kann Skulpturen aus Eis schnitzen, man kann Behälter für Kaviar aus ihnen herstellen. But it's just ice. Und alles das ist nur Eis. You look at it, you say, oh, it's like a swan, it's incredible. How do they do that? Wir schauen es an und sagen, oh, das ist ja wie ein Schwan, wie haben sie das bloß hergestellt? But it's not a swan, it's ice.
Aber es ist kein Schwan, es ist Eis. This is not samsara, it's empty. Es ist nicht Samsara, es ist leer. It's empty. Alles ist leer. He says it. He's a big man. He's a good man. Er sagt das, er ist ein großer Mann, er ist ein guter Mann. One's own essence cannot be demonstrated, and so it is the very nature, and so the very nature of the mind does not move from or modify the actual state of the Great Seal. Die eigene Essenz kann nicht aufgezeigt werden und so bewegt sich die eigentliche Natur des Geistes niemals fort vom tatsächlichen Zustand des großen Siegels und verändert ihn auch nicht. Means the mind itself, because it's like space, doesn't appear. Der Geist, da er wie der Raum ist, erscheint selbst nicht. Now, I'm talking and I'm saying things, so you can form some kind of opinion about me. Nun, ich spreche, sagt James, und sage bestimmte Dinge und so könnt ihr eine bestimmte Art von Meinung über ihn entwickeln. And it'd be clear that I have some kind of personality, which we could see as patterns of traits which manifest in reasonably similar forms through time. Und es ist ganz klar, dass er eine gewisse Art von Persönlichkeit aufweist, dass diese Persönlichkeit sich als eine Art Muster von Eigenschaften entfaltet, die man sozusagen in gewisser Weise durch die Zeit sich entwickeln oder fortpflanzen sehen kann. So, when I'm speaking, am I showing myself? Wenn ich also jetzt spreche, zeige ich mich selbst oder demonstriere ich mich selbst? I'm the one who is speaking. Ich bin derjenige, der spricht. What does this show you about me? Was zeigt euch das über mich? What is revealed? Was wird hier enthüllt? Patterns of thoughts, aspects of education, kinds of practice. Gedankenmuster, Aspekte der Erziehung, der verschiedenen Arten von Praxis. This is a kind of wind, Das ist eine Art Wind. blowing bits of history, this and that. Das ist ein Wind, der bläst, der bringt Stückchen Geschichte mit und so weiter. Where is the wind blowing? Wohin bläst der Wind? In space like the sky. In dem Raum wie der Himmel. When I'm speaking, the words are coming from various things. Wenn ich spreche, dann kommen die Worte aus verschiedenen Dingen raus. On the level of social psychology, they arise out of my history, the matrix of interactions in my childhood, the cultural determinants and so on. Sozusagen auf der Ebene von Sozialpsychologie entstehen diese Worte aus vielen verschiedenen Aspekten seiner Erziehung, sozusagen der Matrix seiner kulturellen Konditionierung, der vielerlei Wechselwirkungen und so weiter. On the level of actuality, the words arise from emptiness. Auf der Ebene der Tatsächlichkeit entstehen diese Worte aus der Leerheit. That's not because I have some special connection to emptiness. Und das liegt nicht daran, dass er irgendeine besondere Beziehung oder Verbindung zur Leerheit hat. Emptiness is the only factory. Leerheit ist überhaupt die einzige Fabrik. That's all. Das ist alles. You also have emptiness as your factory. Und auch wir haben diese Leerheit als unsere Fabrik. We all come from the same source. Wir kommen alle von der gleichen Quelle. As the energy manifests from that source, it shines through the various textures of habit and so on. These are the patterns of our existence. Und während diese Energie sozusagen aus der Leerheit entsteht, erstrahlt sie oder scheint sie hindurch durch die verschiedenen Texturen, verschiedenen Gewebe von Mustern und so weiter. And most of the time, that is what catches our attention. Und die meiste Zeit über ist das, was unsere Aufmerksamkeit fängt. What appears to be the unique, separate essence of the individual, it is they are revealing themselves. They are speaking their truth. They are showing us what they have learned. Was sozusagen als das Einzigartige am Individuum erscheint, sind sozusagen sie selbst, die sich selbst enthüllen, sie selbst, die aus sich selbst heraus über sich selbst sprechen. When there is no water in the cup, I have to put water from the container into the cup, into the glass.
Wenn nun in diesem Glas kein Wasser ist, dann muss er das Glas auffüllen aus dem Behälter, muss Wasser hineinfüllen. Tends to be how we see people. We think that in their childhood they had many experiences which put stuff into them, and now they are full of this stuff. Das ist die Art und Weise, wie wir Leute sehen, indem wir denken, in ihrer Kindheit haben sie ihre Erfahrungen gehabt, sagen viele Dinge erlebt, die gewissermaßen Zeug in sich hineingebracht haben und jetzt sind sie voller Zeug. And at one level, of course, that's true. Und auf einer gewissen Ebene ist das natürlich auch wahr. I haven't studied German, I don't speak German, so German doesn't come out of my mouth. Ich habe Deutsch nicht studiert, ich spreche nicht Deutsch, also kommt Deutsch aus meinem Mund nicht heraus. We can't just sort of channel it through the ether. Wir können das dann auch nicht durch den Äther kanalisieren. But on a direct, immediate level, every speech act, every thought, every sensation, every movement of the body is arising directly as the energy of this spacious open dimension. Aber auf einer direkten, unmittelbaren Ebene ist jeder Akt des Sprechens, jeder Gedanke, jede Bewegung, jede Geste nichts anderes als etwas, was in dieser offenen Dimension des Raumes entsteht als Bewegung, als dynamische Bewegung in diesem offenen Raum. But this ground is not something you can see. Dieser Grund ist aber nicht etwas, das man sehen könnte. I can tell you about my childhood. Ich kann über meine Kindheit erzählen. I can tell you about my experience of being at school, of learning to read and so on. Ich kann über meine Erfahrungen der Schulzeit erzählen, über die Zeit, in der ich lesen lernte. This is a telling about arisings. Dies ist eine Erzählung über das Entstehen, über Erscheinungen. But how can I tell you about the ground of the arising? Wie könnte ich über den Grund, auf dem diese Erscheinungen entstanden sind, sprechen? What is there to point at? Was gäbe es da, um darauf hinzuweisen? I could take you to Scotland and show you the school that I went to. Ich könnte euch mitnehmen nach Schottland und euch die Schule zeigen, in die ich gegangen bin. I can show you the swimming baths where I learned to swim. Ich könnte das Schwimmbad zeigen, in dem ich schwimmen gelernt habe. But I can't show you my mind. Aber ich kann euch nicht meinen Geist zeigen. This is what he's saying. The mind cannot be demonstrated, and it cannot be demonstrated because it is not an object. It is not a manifestation. It is the ground of manifestation. Und das ist genau das, was er sagt. Der Geist kann nicht gezeigt werden, er kann nicht demonstriert werden, weil der Geist kein Objekt ist. Der Geist ist keine Erscheinung, der Geist ist der Grund, auf dem Erscheinungen entstehen. But normally, we take it that we are our history, we are our personality, we are constituted out of things that can be known. Für gewöhnlich glauben wir aber, dass wir unsere eigene Geschichte sind, dass wir unsere Persönlichkeit sind und dass wir aus Dingen konstituiert werden, von denen wir glauben, dass diese Dinge dem Wissen zugänglich sind. And because we are constituted out of these knowable things, we should be able to order them properly, like a Lego set. Und weil wir glauben, aus Dingen zu bestehen, die wissbar sind, die sozusagen gewusst werden können, glauben wir, dass wir so eine Art Lego-Bausatz sind, den man dann auch unter Umständen auf korrekte Weise zusammensetzen kann. But that's not actually the case. Dies ist aber nicht wirklich der Fall. We learn to show the world that we are reliable, responsible, proper citizens, professional people and so on. Wir lernen der Welt zu zeigen, dass wir verlässlich sind, dass wir richtige Bürger sind, dass wir sozusagen professionell sind in dieser Welt und so weiter. But is that really what it's like to be yourself? Aber ist das wirklich das, was es bedeutet, man selbst zu sein? Are you not a little bit strange? Ist man nicht auch ein bisschen seltsam? Is it not rather odd to be yourself? Ist es nicht ein wenig seltsam, man selbst zu sein? Are you a little bit confused by who you are? Sind wir nicht ein wenig verwirrt durch das, was wir oder wer wir sind? Maybe that's because you're not really anyone. Vielleicht liegt das daran, dass wir nicht wirklich irgendwer sind.
Maybe you're many one. Oder vielleicht sind wir viele. So how can you organize yourself if you are so multiple? Wie können wir uns also selbst organisieren, wenn wir so multiple sind, so vielfach sind? You need to give space to yourself. Wir brauchen für uns selbst Raum. And this is a very profound thing in these particular kinds of Buddhist teaching. It says that who you really are is something completely ungraspable, and in that lies great freedom. Und das ist etwas sehr Tiefgründiges in dieser Linie von buddhistischen Unterweisung, dass gesagt wird, wer wir wirklich sind, ist vollkommen jenseits von Begriff, von Ergreifen, von Begreifen, und darin liegt eine große Freiheit. Not the freedom to then just delinquently do whatever you want, Und das bedeutet nicht die Freiheit, sozusagen delinquent all das zu tun, wozu man Lust hat, but to recognize that because you are not a fixed thing, you actually reveal yourself as many different possibilities. sondern zu erkennen, dass, weil wir nicht ein fixiertes Etwas sind, nicht ein festgelegtes Ding sind, dies die Möglichkeit enthüllt, vieles zu sein. And these different manifestations appear in the world, either in a self-referential way or in a connected way. Und diese vielen verschiedenen Selbstmanifestationen erscheinen in der Welt und können auf zweifache Weise erscheinen. Sie können auf eine selbstbezogene, selbstbezügliche Art und Weise erscheinen, und sie können in einer verbundenen Art und Weise erscheinen. I think it's probably fair to say that a lot of the time we are very self-absorbed. Ich glaube, sagt James, es ist fair, wenn ich feststelle, dass wir die meiste Zeit über sehr von uns selbst absorbiert sind. We worry about our own situation. Wir machen uns Sorgen um unsere eigene Situation. Even rather unimportant details of our lives sort of disturb and perplex us. Selbst bei Tageslicht angeschaut, eher unbedeutende Aspekte unseres Lebens haben die Macht, uns verstört und perplex zu machen. And then we shift to being impulsive. We throw our lives into a particular direction. Dann wechseln wir zu einer gewissen Art von Impulsivität und zu der Bewegung, unser Leben in eine bestimmte Richtung zu schmeißen. Abandoning ourselves into things which seem very important to do and yet are not very helpful. Wir geben uns selbst sozusagen hin, Tätigkeiten, die sehr wichtig erscheinen und am Ende doch nicht allzu hilfreich sind. That can be work, it can be drinking alcohol, smoking cigarettes, gossiping, any kind of thing. We suddenly feel we have to do it, binge eating, whatever. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Arbeit sein, das kann Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen sein, das kann Tratsch und Quatsch sein. Binge eating, like eating a lot very quickly. Sozusagen in sich hineinfressen, also richtig reinfuttern und so. Es kann alles Mögliche sein. So, this is often what happens to the energy, that instead of our possibilities of not being one thing, being relational, they become little spirals of self-obsession. Das ist das, was eben mit Energie passieren kann, dass statt dass diese Energie gewissermaßen relational ist, also auf die Beziehung zu anderen verweist, kann sie zu kleinen Spiralen von der Besessenheit mit sich selbst sich umformen. And this is because we don't feel part of the world. Und das liegt daran, dass wir uns nicht als Teil dieser Welt fühlen. Duality, which we'll look at more tomorrow, is the experience of being essentially separate from what is around us. Dualität, und das ist das, was wir morgen genauer anschauen werden, ist die Erfahrung, sich essentiell getrennt von dem, was um uns herum ist, zu fühlen. And so we feel we should be able to decide how we will be in the world. Sodass wir das Gefühl haben, wir sollten in der Lage sein, zu entscheiden, auf welche Weise wir in der Welt verweilen. But if we relax and open and experience the illusory nature of phenomena, our being is already always in the world. Wenn wir uns entspannen und öffnen können und unsere tatsächliche
Seinsweise in der Welt erlauben, uns zu erfahren, dann werden wir feststellen, dass unsere Seinsweise die ist, ohnehin stets und immer in der Welt zu sein. And so, being completely unseparated from the world will show us how to be. Und wenn wir also vollständig ungetrennt sind von der Welt, dann wird uns die Welt selbst zeigen, wie wir zu sein haben oder wie wir sein sollten. That is to say, the unborn open spaciousness of ourselves reveals an infinite potential which comes into precise manifestation according to the circumstances, not constrained by a reference about who I really am. Und das bedeutet, dass diese unendliche, offene, raumhafte Dimension sich als ein unendliches Potenzial manifestiert, welches sozusagen durch die Resonanz mit dem, was da ist, zu konkreten Formen der Manifestation gerät, die nicht begrenzt sind durch irgendwelche Restriktionen und Konzepte von dem, wie ich bin. And so, because the nature of the mind can't be demonstrated, because it is infinite, it has no limit, then he said, as we said before, the very nature of the mind does not move from or modify the actual state of the Great Seal. That is to say, nothing that happens can destroy the absolute integration of all phenomena and the ground. Und das drückt es aus, dass weil unser Geist unendlich ist und kein begrenztes Ding ist, nicht gezeigt werden kann und daher auch er niemals durch irgendetwas, was geschieht, in seine unendliche Integration von Erscheinung und Grund zerstört werden kann. We'll just finish this section. It'll take about 10 minutes more, so don't despair. Lasst uns doch diesen Abschnitt hier fertig machen, also noch etwa 10 Minuten, bitte verzweifelt nicht. In the Tantric tradition, they spend a lot of time talking about Samaya. In der tantrischen Tradition wird eine ganze Menge Zeit damit verbracht, über Samaya zu sprechen. And the Samaya means a commitment or a vow whereby you align yourself with a practice, and that practice is going to be your bridge into liberation. Und Samaya bedeutet hier eine Verpflichtung oder ein Gelübde, sich an eine Praxis auszurichten und diese Praxis dann zu einer Brücke zur Befreiung werden zu lassen. But what he's saying here is, don't worry. You can't leave this family. Was er aber hier sagt, ist, mach dir keine Sorgen, du kannst diese Familie ohnehin nicht verlassen. Whatever you've done, even if you're a very bad person, even if you're a very stupid person, you are inseparable from Mahamudra. Was immer du getan hast, selbst wenn du eine sehr bösartige Person bist oder eine sehr dumme Person bist, du kannst niemals von Mahamudra getrennt sein. The Mahamudra is not created out of the qualities of your personality. Mahamudra ist nicht etwas, was erschaffen wird durch die besonderen Qualitäten unserer Persönlichkeit. It's not grown out of millions of mantras. Mahamudra wächst nicht aus dem millionenfachen Sprechen von Mantras. It's not developed by devotion. Auch wird sie nicht durch Hingabe entwickelt. It is how things are. Es ist der Seinszustand der Dinge. And how you are is part of how things are. Und wie wir selbst sind, ist ein Teil dessen, wie die Dinge überhaupt sind. So if you are a lazy, stupid waste of space, this is an aspect of Mahamudra. Wenn wir also eine idiotische, faule Verschwendung von Raum sind, dann ist auch das ein Aspekt von Mahamudra. And if you are a great scholar and a wonderful saint, this is an aspect of Mahamudra. Und wenn wir ein großartiger Gelehrter oder ein wunderbarer Heiliger sind, dann ist auch das ein Aspekt von Mahamudra. It has the same nature. Es ist von gleicher Natur. But in our world, on the other side of the mirror, we are obsessed by hierarchy, by inside, outside, good, bad, I like, I don't like. Aber in unserer Welt sozusagen auf der anderen Seite des Spiegels sind wir besessen von Hierarchisierung, von gut und schlecht, von hoch und tief, von ich mag und ich mag nicht, von großartig und so weiter. So he says, if one can truly realize this,
then all phenomenal appearances become the Great Seal. Dann heißt es hier im Text, wenn man dies wahrhaft erkennen kann, dann werden alle Erscheinungen der Welt, der Phänomene zum großen Siegel. This means your depression, your anxiety, your self-doubt, your self-hatred. This is also Mahamudra. Und das drückt aus, dass auch unsere Depression, unsere Selbstzweifel, unsere Ängstlichkeit, unsere Dummheit, was auch immer es ist, nichts anderes ist als Mahamudra. As he said earlier, looking for truth in externals is the working of the confused intellect. Wie es vorher schon geheißen hat, das Ausschau halten nach Wahrheit in Äußerlichkeiten ist die Funktionsweise des verwirrten Verstandes. I wish I wasn't so selfish. I really have to work hard at this. I must remember to do that. I mustn't say that again. Ich wünschte, ich wäre nicht so selbstsüchtig gewesen. Ich muss härter arbeiten an mir. Ich muss mich besser daran erinnern. Ich darf das nie wieder tun. This little shopping list that we run in ourselves all the time. Diese kleine Einkaufsliste, die ständig von uns unterhalten wird. From the point of view of Mahamudra, this is just the working of the confused intellect. Im Standpunkt von Mahamudra ist dies nichts anderes als das Wirken des verwirrten Verstandes. It's not wrong or bad in itself, Nicht, dass es falsch oder schlecht an sich wäre, but it is the problem of auto-apotheosis. es ist das Problem der Selbstverherrlichung. Because in samsara, each of us is the place of God. Oder Selbstvergötterung. Denn, Bitte? Apotheose? Ist es schöner? Okay. Okay. Apotheosis means like, Ja, alles Okay. dasselbe. Denn in Samsara, each of us become the place of God. denn im Samsara ist jeder von uns sozusagen der Ort, an dem Gott ist. I am in charge of my life. Ich bin sozusagen in Kontrolle meines eigenen Lebens. It's all up to me. Es liegt alles an mir. And there is a subtle way in which there is a kind of humility in that, because we're never quite good enough. And yet there's a pride because it's all up to me. Und das hat seine Doppelwürdigkeit von einerseits einer gewissen Art von Demut, denn wir können nie gut genug sein, und andererseits auch eine gewisse Art von Stolz, denn es liegt sozusagen alles bei mir selbst. All that we hope to do, all the ways that we seek to develop ourselves are good and illusory. All die Dinge, die wir zu tun hoffen, all die Art und Weisen, in denen wir uns zu entwickeln trachten, sind gut und zugleich illusorisch. All the bad things we do are bad and illusory. Und all die schlechten Dinge, die wir tun, sind schlecht und illusorisch. The integration of the infinite space, the awareness and the gestures is primordial. Die Integration dieses unendlichen Raumes, of the infinite space, Like we did in the refuge, the infinite space, the pervasive awareness and all the gestures. die Integration dieses unendlichen Raumes, der durchdringenden Bewusstheit und all der Bewegung, der Gesten, ist sozusagen von allem Ursprung, von allem Anfang an. And inside that, the games that we play of being good, being bad, having hopes, having fears, is just splashing waves on the surface. Und in dieser Integration, die von allem Anfang an besteht, sind all diese Spielchen, die wir spielen, all dieses Gutsein und all dieses Schlechtsein nichts anderes als kleine Plätscherwellen, die wir da durch unsere Bewegung in die Welt setzen. When we see that, every phenomena, everything that happens, good, bad, high, low, wanted, not wanted, is inseparable from Mahamudra. Wenn wir das sehen können, dann können wir erkennen, dass alle Phänomene, gut, seien sie gut oder schlecht, hoch oder tiefstehend, schön oder unschön, sind nichts anderes als Mahamudra. Therefore, we should live our lives in the manner of a dream, Daher sollten wir unser Leben in der Art und Weise leben, wie wir unseren Traum träumen. developing compassion in the manner of a dream, helping others in the manner of a dream.
Mitgefühl entwickeln in der Art und Weise eines Traumes, anderen helfen in der Art und Weise eines Traumes, not taking the faults of other people too seriously, die Fehler anderer nicht zu ernst zu nehmen or their virtues, oder auch der Tugend, or our faults, or our virtues. in dem Zusammenhang auch unsere Fehler und Tugenden. Because if we do that, then we become the judge. This is good, this is bad. These are names put by mind. This is I, me, myself at the center of the world saying what is what. Denn ansonsten, wenn wir dies tun würden, dann würden wir zu einem Richter werden, der all diese Bezeichnungen und Namen auf andere aufprägt und dadurch sich selbst zu dem Zentrum, ich selbst als Zentrum meiner Welt erhebt. This function of being the lawgiver and the center is itself an aspect of Mahamudra. Und diese Funktion, sozusagen der Gesetzgeber und der Richter und Namensgeber zu sein, ist nichts anderes als eine Funktionsweise von Mahamudra. It's not that you have to stop doing it. Es ist nicht, dass wir irgendwie anhalten müssen, es zu tun. You can be bossy and controlling if you like. Wir können auch sozusagen den Chef spielen und andere beherrschen, wenn wir das gerne möchten. All that's required is to recognize it's also an illusion, Alles, was erforderlich ist, ist auch hier zu erkennen, dass es eine Illusion ist. not to take it too seriously. Es ist also nicht zu ernst zu nehmen. It's just one of the many gestures of emptiness. Dies ist nichts anderes als eine der vielen denkbaren Gesten der Leerheit. And so he says, this is the great all-pervading natural mode. Und so heißt es dann hier, dies ist die große, allumfassende, natürliche Seinsweise. Means natural mode here is the integration of awareness and emptiness. And it's all-pervading because there is no limit to it. And so all phenomena are unborn within it. Und natürliche Seinsweise ist es, weil sie die Integration von dieser unendlichen Raumhaftigkeit und Bewusstheit darstellt. Und sie ist allumfassend, weil alles durchdringend, weil alle Phänomene, was auch immer sie seien, sich darin befinden, davon umfangen werden. This is your own nature. This is your nature before you were born. This is your face before you were born. This is how it is. Und das ist unsere eigene Natur, das ist unsere Natur, die wir hatten, bevor wir geboren wurden. Das ist unser Gesicht, das wir hatten, bevor wir geboren wurden. Das ist, wie die Dinge sind. And so, be kind to yourself. Also seid freundlich zu euch selbst. Don't be your own enemy. Seid nicht euer eigener Feind. Don't try to beat yourself like a donkey. Versucht nicht, euch selbst wie einen Esel zu schlagen. There is no market to get to. Es gibt keinen Markt, zu dem wir hinkommen müssen. If the donkey wanders off the road, if the donkey sits down in the middle of the road, Wenn der Esel vom Weg abkommt oder wenn der Esel mitten auf dem Weg sitzen bleibt, this is Mahamudra. auch das ist Mahamudra. This is completely different from our ordinary way of seeing the world. Und das ist völlig anders als unsere gewöhnliche Art und Weise, die Welt anzuschauen. Normally we think, I have to try hard to improve myself. Normalerweise denken wir, ich muss mich hart bemühen, mich selbst zu verbessern. What he's saying here is the work has already been done. Was es hier sagt, ist, dass die Arbeit bereits getan ist. Have a holiday. Nimm also eine Ferienzeit. Don't take yourself so seriously. Nimm dich selbst nicht so ernst. Relax. Entspanne dich. Okay, so that's as much as we can probably do today without everyone falling asleep on their seat. Das ist wahrscheinlich, was wir heute schaffen können, ohne dass alle auf ihren Sitzen einschlafen. What time do we normally start in the morning? I don't Wann remember. fangen wir denn normalerweise so an? 9 o'clock. 9 o'clock. Okay, so we start with some sitting practice at 9 o'clock. I think that was right. We sat for a bit and then people kind of arrive. So if you like to sit, you can come at 9. Otherwise, we'll start the teaching at about 9:45, something like that. We'll do half an hour sit. Yeah? Also wir beginnen mit sitzender Praxis um 9 und etwa so gegen 9:15 geht es dann mit dem Text weiter. Okay. Super. It's a lot to start with. Ja. Right in there. Führt James aus, dass wir gestern ja schon begonnen haben. Wir beschäftigen uns seit gestern mit diesem kurzen Text von Maitripa.
I'll just say something about the function of studying this kind of text and also how we might listen to it. Vielleicht müssen wir etwas dazu sagen, was die Funktion dessen ist, einen solchen Text überhaupt zu studieren und auf welche Weise einem solchen Text auch zugehört werden sollte. The text functions as an invitation to realign yourself. Dieser Text funktioniert als eine Art Einladung, sich selbst neu auszurichten. It's a kind of rebalancing. Oder mit anderen Worten eine Art neues Gleichgewicht zu finden. Because he's suggesting that we have centered ourselves in a way that is off balance, but appears to us as if it's balanced, and therefore we're constantly having to rebalance. Denn dieser Text suggeriert, dass wir uns selbst, unsere Mitte, unseren Schwerpunkt selbst an einen Punkt gesetzt haben, an dem wir eigentlich außer Gleichgewicht sind, aber zugleich uns selbst als im Gleichgewicht befindlich wahrnehmen und daher eine beständige Notwendigkeit existiert, sich sozusagen in einem neuen Gleichgewicht wiederzufinden. If you're off balance, you're constantly having to hold yourself in place. Wenn wir uns außer Gleichgewicht befinden, dann sind wir gezwungen, uns ständig gewissermaßen in Position zu halten. You move, but that doesn't really work, then you move again, you move again. Wir bewegen uns, das funktioniert aber nicht richtig und dann muss man es wieder und wieder bewegen. This is how samsara functions. Das ist die Art und Weise, wie Samsara funktioniert. That in being off balance, but somehow being convinced by the fantasies we have about other people that they are balanced, we keep trying to be like them. Wir sind selbst außer Gleichgewicht, gleichzeitig unterliegen wir unseren Fantasien über andere Leute in dem Glauben, sie seien im Gleichgewicht und dann versuchen wir so zu sein wie sie. So sometimes we see that people with big cars seem to be happy, so we want a big car. Manchmal sehen wir oder glauben wir zu sehen, dass Leute mit großen Schlitten glücklich sind und dann versuchen wir auch einen großen Schlitten zu bekommen. Or we hear from someone that they've started eating only organic food and they feel better, so we think we should do that. Oder wir hören von jemandem, dass er angefangen hat, nur noch organische Nahrung zu sich, also Bionahrung zu sich zu nehmen und dass es ihm dabei besser geht und dann beschließen wir auch nur noch organische Nahrung zu uns zu nehmen. There is always something that one can do. Natürlich gibt es immer etwas, was man tun kann. Recently I was in Austria and staying with my good friend Sylvester. Neulich war ich in Österreich, sagt James, und hielt mich bei meinem guten Freund Silvester auf. And he introduced me to a superfruit from the Mayan civilization. Und er stellte mir eine super Frucht aus der Maya-Zivilisation vor. And when I left, he gave me a container of this. Als ich dann wieder ging, schenkte er mir einen ganzen Behälter voll dieser Früchte. And I have take my spoonful of it every day. Und ich sollte jeden Tag einen Löffel davon essen. I'm not sure why I do this. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das tun sollte. I don't know whether I get any benefit. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Nutzen haben werde. But somehow it would be a good idea if life was better. Aber es wäre eine nette Idee, wenn das Leben dadurch besser werden würde. And maybe that will help. Und vielleicht wird dieses gerade helfen. And maybe this will help. And maybe Oder that will help. dieses oder jenes wird helfen. And if we look back in the course of our life, there's always been something which is going to help us feel better. Und wenn wir in den Verlauf unseres Lebens zurückschauen, dann werden wir feststellen, dass wir immer irgendetwas hatten, von dem wir annahmen, dass wir uns dadurch besser fühlen würden. But if you think these teachings, these particular ones come from India, but most of the teachings that we have, they come from Tibet. Wenn man darüber nachdenkt, und diese Lehren, mit denen wir hier gerade zu tun haben, kommen aus Indien, aber die meisten Lehren, mit denen wir uns beschäftigen, kommen aus Tibet. Biological food there everywhere, you know, good, healthy, organic. Dort gibt es eigentlich nichts anderes als Bionahrung, alles gut, gesund, organisch, Not too much stress, nicht zu viel Stress. and yet the teachings seem to be required there. Und doch wurden diese Lehren scheinbar benötigt, auch dort.
fresh air, space, exercise, wonderful blue skies, and yet people's minds still cooking. Frische Luft, eine Menge Rauch, blauer Himmel, viel körperliche Übung, alles prächtige Bedingungen. Dennoch scheint es, dass auch dort der Geist der Menschen gewissermaßen immer am Kochen ist. That is to say, good objects don't bring lasting results. Mit anderen Worten, gute Objekte bringen keine dauerhaften Resultate hervor. They bring momentary relief. Sie bringen allenfalls eine momentane Erleichterung. But then either the subject becomes distracted away from them, or they themselves demonstrate their impermanence. Aber dann entweder wird das Subjekt selbst von ihnen abgelenkt oder aber sie selbst demonstrieren die Tatsache der Vergänglichkeit. So, in studying the teaching, the key point is don't turn it into another object. Wenn man also solche Lehren studiert, ist der Schlüsselpunkt hier, sie nicht neuerdings zu einem anderen Objekt zu verwandeln. Otherwise, it just becomes another prop that you lean on for a while and then start to forget about. Sonst wird das zu einem anderen Ding, auf das man sich eine Weile stützt und dann sich von diesem dann auch nach einer Weile abwendet. Rather, we use the text to help us see where our center of balance is wrong. Stattdessen sollten wir diesen Text dazu benutzen, zu erkennen, wo unser Schwerpunkt gewissermaßen falsch liegt. For example, when you travel in the airplane, they say in the event of some difficulty, make your way immediately to the exit and don't take any possessions with you. Zum Beispiel, wenn man mit einem Flugzeug unterwegs ist, wird man unterwiesen, im Falle von einem Notfall sich sofort zu den Ausgängen zu begeben und keine Besitztümer mit sich mitzunehmen. That is to say that your own life is more important than your possessions. Das drückt ja nichts anderes aus, als dass das eigene Leben wichtig ist, als das Eigentum. But we are very wedded to our possessions. Wir aber sind sehr mit unseren Besitztümern verheiratet. We often feel, I can't live without this. Wir haben oft das Gefühl, ohne dieses oder jenes kann ich nicht leben. Yesterday in England in the newspapers there was a story of a 16-year-old boy Gestern gab es in den Zeitungen eine Geschichte von einem 16-jährigen Jungen, who had broken up with his first girlfriend, dessen Beziehung mit seiner ersten Freundin zerbrochen ist, and so he hanged himself und so hing er sich auf, because he felt, I can't live without her. weil er das Gefühl hatte, dass er ohne sie nicht leben kann. This is very sad. Das ist eine traurige Geschichte. In the world there are many women. Es gibt viele Frauen in der Welt. This is perhaps not a very romantic view, but anyway, it is a fact, there are many women. Es ist vielleicht keine sehr romantische Sichtweise, aber es ist eine Tatsache, dass es sehr viele Frauen gibt. Romeo and Juliet is an archetypal sad story. Romeo und Julia ist eine archetypisch traurige Geschichte. Overinvestment in the object, making something in the world too precious, too special. Feeling that only with you can I be me is a way of madness. Sagen, das übermäßige Investieren in ein kostbares Objekt, das Objekt zu etwas so Kostbarem zu erheben, dass man das Gefühl hat, dass man ohne es nicht leben kann. Sozusagen, nur wenn ich mit dir bin, kann ich sein. Das ist eine Form von Geisteskrankheit. And yesterday, Maitripa was pointing out that the objects on which we rest, on which we rely, which we take to be of absolute significance in our lives, are simply the constructs of our own mind. Und gestern sprachen wir davon, dass Maitripa darauf verweist, dass die Objekte, auf denen wir uns stützen, auf die wir uns verlassen, von denen wir glauben, dass sie sozusagen unser Leben bedeutsam machen, nichts anderes sind als Konstrukte unseres eigenen Geistes. So, what is our nature? Was aber ist unsere Natur? Emptiness. Es ist Leerheit. Emptiness is very difficult to get hold of.
Leerheit ist natürlich etwas, was sehr schwer in den Griff zu bekommen ist. You will never get hold of it. Niemals wird man es zu fassen kriegen. But it already holds you in its open embrace. Aber sie hält uns bereits in ihrer offenen Umarmung. We are the emergence, we are the energetic display of emptiness. Wir sind der Ausfluss, die energetische Schau der Leerheit. That is to say, we are always the child, we are never the mother. Und das drückt aus, dass wir immer das Kind und niemals die Mutter sind. But we act as if we are the mother, Wir aber handeln, als ob wir die Mutter seien. having to constantly do our domestic cleaning in the whole world, Wir müssen ständig unsere Putzarbeit in der ganzen Welt verrichten. organizing, controlling, correcting, Organisieren, steuern, kontrollieren, korrigieren. making things the way they should be. Die Dinge so zu machen, wie sie sein sollten. Because of this, we are always busy. Deswegen sind wir auch immer beschäftigt. So, again and again, he's saying, relax. Also sagt Maitripa hier wieder und wieder, entspanne dich. Only if you relax can you recognize who you really are. Nur wenn du dich entspannen kannst, kannst du erkennen, wer du wirklich bist. If you continue to make effort, even if it is good Dharma effort, you will remain in the house of control. Wenn du ständig mit Anstrengung fortsetzt, selbst wenn es die gute Dharma-Anstrengung ist, wirst du immer in dem Haus der Kontrolle bleiben. And that overprivileges manifestation. Und dieses gibt dem Aspekt des Erscheinens, der Manifestation einen zu hohen Stellenwert. So, when we look at the text, we all should just relax and feel quite easy and open. Wenn wir also diesen Text anschauen, sollten wir alle entspannen und uns auf eine einfache Weise offen fühlen. Because the transmission of these teachings is through semantics, through the meaning value of each word. Denn die Übertragung dieser Lehre geschieht natürlich durch Semantik, also durch den Bedeutungswert eines jeden Wortes. It's also through the quality of the mood that's created. Aber es ist auch geschieht auch durch die Qualität der Stimmung, die hier erschaffen wird. And especially through the possibility of being relaxed and open. Und insbesondere durch die Möglichkeit, sich zu entspannen und offen zu sein. So, just allow sound to come and go. Gestattet also den Klängen zu kommen und zu gehen. With your ears open in emptiness and your heart open in emptiness, then we meet in this interaction of space and space. Mit unseren in Leerheit offenen Ohren, mit unserem in Leerheit offenen Herzen begegnet sich hier Raum mit Raum. Okay. So, we are now a little bit into the text, starting with remain relaxed in your uncontrived nature. Verweile entspannt in deiner Natur frei von Fabrikationen. What does this mean? Und was bedeutet das? If you start to observe yourself, you find that there are many tensions there. Wenn wir beginnen, uns selbst zu beobachten und wenn wir feststellen, dass wir vielen Spannungen unterliegen. The muscles carry tension, there's always some background emotional excitation. Es sind die Muskeln, die eine gewisse Spannung tragen. Es gibt immer eine Art Erregtheit, emotionale Erregtheit im Hintergrund. And in particular, we have the agitation of the feeling of needing to survive. Und insbesondere haben wir diese Erregung des Grundgefühls der Notwendigkeit zu überleben. That is to say that we scan the environment all the time for danger. Mit anderen Worten, wir untersuchen die Umgebung ständig nach Gefahr and advantage. und natürlich nach Vorteil. Danger is anything which will upset my situation, which would cause death, sickness, difficulty, and so on. Gefahr ist hier alles, was meine Situation in gewissem Maße durcheinander bringen könnte, was Tod, Krankheit, Schwierigkeiten und dergleichen verursachen könnte. And on the other hand, we look for things that will benefit us, make us happy, and so on.
Auf der anderen Seite schauen wir nach Dingen, die uns Nutzen bringen werden, uns glücklich machen würden und so weiter. This is already an agitation. Dies ist bereits eine Erregung. Yesterday was saying everything is equal in this openness of Mahamudra. Gestern wurde gesagt, alles ist gleich in dieser Offenheit der Mahamudra. When bad things happen to us, we feel sad. Wenn uns schlechte Dinge geschehen, fühlen wir uns traurig. When good things happen, we feel happy. Wenn gute Dinge geschehen, fühlen wir uns glücklich. If we say we only want happiness and we don't want sadness, then we condemn ourselves to anxiety. Wenn wir aber sagen, wir wollen nur Glückliches und wollen Traurigkeit vermeiden, dann verdammen wir uns selbst zur Ängstlichkeit. Because nobody ever seems to achieve this. Denn es gibt niemanden, der dies zu erreichen scheint. Everybody gets troubles. Alle haben an irgendeinem Punkt Schwierigkeiten. If everybody gets troubles, then troubles are normal. Wenn aber alle Schwierigkeiten bekommen, dann scheinen Schwierigkeiten normal zu sein. If part of growing up is having a broken heart, then it's very sad to kill yourself when you're 16. Wenn ein Aspekt des Erwachsenwerdens ist, dass einem das Herz gebrochen wird, dann ist es eine traurige Sache, sich zu töten, wenn man 16 ist. But we feel, you don't understand, you don't know what it's like for me. Aber wir haben das Gefühl, du verstehst das nicht, du weißt nicht, wie es für mich ist. This is our narcissism. This is not understanding that we exist in the world as part of the world, and everything that happens to us happens to other people. Das ist unser eigener Narzissmus, das ist das Nicht-Verstehen, dass wir als ein Teil in dieser Welt leben und dass alles, was uns selbst geschieht, auch anderen Leuten geschieht. For sure, some sadness will come in your life. Es ist ganz sicher, dass unser Leben auch von gewisser Traurigkeit geprägt sein wird. It's part of what happens. Das ist ein Teil dessen, was geschieht. So we have to learn to eat it. Und wir lernen es zu essen. The way to do that is to think this is what it is. Und eine Art, es zu tun, ist zu denken, das ist, was es ist. So just as parents have to work hard to encourage their child to recognize that everything that is on their plate is called food, Das ist genauso harte Arbeit wie die Arbeit von Eltern, die ihre Kinder lernen müssen, dass sie erkennen müssen, dass alles, was sich auf ihrem Teller befindet, Nahrung ist and therefore can be eaten, und deswegen auch gegessen werden kann, even if you don't particularly like it. selbst wenn man es nicht besonders mag. It's still food. Es ist immer noch Nahrung. So the teaching of Mahamudra is to say, every experience is the food of your existence. Und die Lehre der Mahamudra ist zu sagen, jede Erfahrung ist die Nahrung der Existenz. The fact that you like it or don't like it doesn't make it not food. Die Tatsache, dass man sie mag oder nicht mag, macht sie nicht zu Nicht-Nahrung. It is the non-dual, the inseparable flow of experience arising in this open dimension which is always pervaded with awareness. Das ist die nicht-duale, nicht getrennte Fluss von Erfahrung, der sich in dieser offenen Dimension ereignet, die durchdrungen ist von Bewusstheit. So, part of our ongoing practice is to stay relaxed and open and allow things to be as they are. Ein Teil unserer Praxis ist, entspannt und offen zu bleiben und den Dingen zu erlauben, so zu sein, wie sie sich darstellen. That is to say, that they will not be as we want them to be. Und das drückt aus, dass sie nicht so sein werden, wie wir sie gerne hätten. In order to do this, we have to decenter the subject. Um das tun zu können, müssen wir das Subjekt dezentralisieren. We are not the central point around which the world is turning. Wir sind nicht der zentrale Punkt, um den sich die Welt dreht. But in terms of our individual personal identity, we are part of what is arising. Aber im Sinne unserer persönlichen individuellen Identität sind wir natürlich ein Teil dessen, was in der Welt sich ereignet. At the same time, our nature is infinite openness and infinite awareness, inseparable.
Zur gleichen Zeit ist aber unsere Natur unendliche Offenheit und unendliche Bewusstheit, die beide voneinander untrennbar sind. So, as we listen, we'll just allow everything to arise and pass. Sometimes perhaps you feel bored, sometimes interested, sometimes distracted by a car sound. Just allow the pulsation and moves of experience to arise. Also während wir zuhören, gestatten wir uns manchmal die Zustände von Interessiertheit, manchmal auch von Gelangweiltheit, manchmal sind wir abgelenkt, vielleicht durch den Klang eines Autos oder was auch immer es ist. Wir gestatten einfach all diesen Erscheinungen aufzukommen und dann auch wieder zu vergehen. So this very short sentence is very helpful, because to remain relaxed in your uncontrived nature is to recognize how contrived you are. Und das ist also eine sehr, wenn auch kurze, doch sehr bedeutsame Aussage hier in diesem kurzen Satz, denn entspannt in der eigenen Natur frei von Fabrikationen zu verweilen, bedeutet auch zugleich zu erkennen, wie gekünstelt, wie stark volle Fabrikationen wir sind, How busy we are with nonsense, wie beschäftigt wir mit Unsinn sind, all kind of opinions running through us all the time. welche Arten von Meinungen, die durch uns hindurchlaufen die ganze Zeit. We sit to meditate and we go off into fantasies, Wir sitzen, um zu meditieren und dann driften wir in Fantasien ab, cooking up some elaborate story. wir kochen irgendwelche ausgearbeiteten Geschichten auf. This is contrivance. Das ist Künstlichkeit. We are making when there is no need to make. Wir fabrizieren an einem Punkt, an dem es keinen Grund gibt, etwas zu fabrizieren. Always thinking that we have to add value into what is already there. Wir denken immer, dass wir diejenigen sind, die dem, was bereits da ist, Wert verleihen müssen. In these Nyingmapa lineages, the founding Buddha is Kuntuzangpo. In den Nyingmapa-Linien ist der sozusagen begründende Buddha Kuntu Sangpo. Means always already good. Everything is absolutely as it should be. Und das bedeutet wörtlich immer bereits gut. Alles ist bereits so, wie es sein sollte. But we don't believe this. Wir glauben aber nicht daran. And in these Kajupa lineages, the founding Buddha is Dorji Chang. In den Kanjupa-Linien ist der begründende Buddha Dorje Chang. Means this holder of the Vajra or the one who is inseparable from the Vajra. Und das bedeutet der Halter des Vajra oder derjenige, der vom Vajra untrennbar ist. The Vajra is the indestructible nature. Und Vajra steht hier für die unzerstörbare Natur. This is the inseparability of all phenomena from the open, empty ground, Und das ist die Untrennbarkeit aller Erscheinungen von dem offenen, leeren Grund, in which they all have the same quality, the same nature. in welchem sie alle die gleichen Qualitäten oder die gleiche Natur besitzen. But we don't believe in that either. Aber auch daran glauben wir nicht wirklich. We believe in our own prejudices. Wir glauben an unsere eigenen Vorurteile. We believe that our feelings tell us the truth about the world. Wir glauben daran, dass unsere Gefühle uns die Wahrheit über die Welt sagen. And because of this false basis, we are condemned to being always busy and also always being wrong. Und aufgrund dieser falschen Grundannahme sind wir dazu verdammt, immer einerseits beschäftigt zu sein und andererseits immer falsch zu liegen. Because we take our particular reading as being the truth. Denn wir nehmen unsere eigene besondere Interpretation für Wahrheit. But it's just an opinion. Aber es ist nur eine Meinung. Whatever we believe about anything, someone else will believe something different. Was immer wir über irgendetwas glauben mögen, es wird jemand geben, der etwas anderes darüber glaubt. We could interview the people in the local village here. Wir könnten ein Interview mit den Leuten im Dorf hier unten haben. And we could invite them to come and spend Saturday with us doing this kind of thing. Wir könnten sie einladen und sagen, sie könnten ja zu uns kommen und diese Art von Dingen hier am Samstag mit uns machen. I imagine not many people would want to join us. Ich stelle mir vor, dass nicht so wahnsinnig viele Leute sich uns gerne anschließen würden. Because they have better things to do. Denn für sie gibt es andere, bessere Dinge zu tun. They have to weed their garden. Sie mussten ihren Garten jäten, They have to do the shopping for Sunday's lunch.
Sie müssen fürs Sonntagsessen einkaufen gehen. They have to prepare to watch football in the afternoon. Sie müssen sich darauf vorbereiten, am Nachmittag Fußball zu schauen. Who is to say that what we do is more important than what they do? Wer will denn sagen, dass das, was wir hier tun, wichtiger ist als das, was sie tun? We can say that, but that's just an opinion. Natürlich können wir das sagen, aber das ist nur eine Meinung. It's perhaps very important to know that so that we don't suffer an overinflation. Es ist sehr wichtig, das zu wissen, dass wir nicht eine Art übertriebene Inflation produzieren. And end up thinking that, oh, these poor people, they don't really understand the holy Dharma. Sodass wir dann am Ende denken, oh, diese armen Leute verstehen den heiligen Dharma nicht. We must pray for them. Wir müssen für sie beten. And we will dedicate our merit for them. Wir werden unseren Verdienst ihnen widmen. So that one day in a future life they may get just a little of what we have now. Sodass sie eines Tages in einem künftigen Leben wenigstens ein bisschen davon kriegen, was wir jetzt schon haben. Yeah. Okay. So, then he says, this is the natural mode free of thought. Dann sagt er hier, dies ist die natürliche Seinsweise, frei von Gedanken. It's important to understand what free of thought means. Und das ist wichtig, hier zu verstehen, was frei von Gedanken bedeutet. It doesn't mean that there are no thoughts at all, Das bedeutet nicht, dass es da keinerlei Gedanken gibt, but it means that it's not relying on thoughts. sondern es bedeutet, dass es nicht ein Zustand ist, der sich auf Gedanken stützt. For example, when you look into a mirror, you will always see reflections. Zum Beispiel, wenn wir in einen Spiegel schauen, werden wir immer auch Spiegelungen sehen. And yet, the mirror is itself free of reflections. Und doch ist der Spiegel selbst frei von Reflexionen. Because if the mirror was actually filled with this particular reflection, it would not be able to show the next object and the next and the next. Denn wenn der Spiegel selbst angefüllt wäre mit den Dingen, die es zu reflektieren hat, dann wäre er ja voll und könnte nicht das nächste und nächste und nächste Objekt, das sich vor ihm stellt, wiederum frei spiegeln. In the very moment when you look in the mirror and you see your face, Aber genau in dem Augenblick, in dem wir in einen Spiegel schauen und unser eigenes Gesicht sehen, the mirror is not touched by that reflection that it's showing. wird der Spiegel selbst von der Reflexion, die er zeigt, nicht berührt. It is free of the reflection. Der Spiegel selbst ist frei von der Reflexion. But if you had a ball of dough Wenn man aber eine Schüssel voller Teig hätte and you pressed your hand into it, und wir würden unsere Hand hineinpressen, when you took your hand away, the imprint would stay there. wenn wir unsere Hand dann wieder wegbringen, dann wird der Abdruck unserer Hand im Teig stehen bleiben. The dough would have been changed by the impact of your hand. Der Teig würde sich verändert haben durch den Eindruck unserer Hand. But the mirror doesn't change in that way. Aber der Spiegel verändert sich nicht durch die Reflexion. So this natural mode, or how we are, or our own awareness, is able to show everything, including all of our own existence, our ears, our nose, and so on, without being conditioned or limited by them. And so in that way, it's free of thought. Ja, und diese natürliche Seinsweise, also die Art und Weise, wie wir tatsächlich sind, in Leerheit, beinhaltet die Möglichkeit, all das, was wir manifestieren, zu zeigen. Also unsere Körperlichkeit, unsere Ohren, unsere Gedanken, all das. Aber gleichzeitig ist es völlig frei von diesem Eindruck oder von Beeindrucktheit durch diese Gedanken. For meditators, this is very, very important. Und für Meditierende ist es sehr, sehr wichtig. Because often when we try to meditate, we feel persecuted by our own thoughts. Denn oft ist es so, dass wenn wir meditieren versuchen, wir uns verfolgt fühlen durch unsere Gedanken. It is as if they are the enemy trying to destroy our meditation. Es ist so, als seien sie die Feinde, die versuchen, unsere Meditation zu zerstören. And then you might try to displace the thoughts by reciting mantras, doing intentional visualization and so on. Und dann versuchen wir vielleicht die Gedanken zu verdrängen, indem wir Mantras rezitieren oder intentional Visualisierung praktizieren und so weiter. Or quieten the thoughts through shamatha practice. Oder wir versuchen vielleicht die Gedanken zu beruhigen, indem wir die Shamatha-Praxis ausführen. But this is not
a sign of not having faith. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass wir keinen Glauben haben. Our own nature is inseparable from Dzogchen. Unsere eigene Natur ist untrennbar von Dzogchen. It means our nature is indestructible. Unsere Natur ist unzerstörbar. So why are we so worried about thoughts? Warum sollten wir uns also so viel Sorgen über Gedanken machen? The thoughts come and go. Gedanken kommen und gehen. They always go. Sie werden immer gehen. Why are we so troubled? Warum sind wir also so beunruhigt? We decide they shouldn't be there. Wir haben entschieden, sie sollten nicht dort sein. Largely because we think that the thoughts determine who we are. Das liegt daran, dass wir im großen Maße daran, dass wir glauben, dass die Gedanken bestimmen, wer wir sind oder was wir sind. If I was a good meditator, I wouldn't have thoughts like that. Wenn ich ein guter Meditierer wäre, dann hätte ich solche Gedanken nicht. How do you know? Woher willst du das wissen? You don't know what kind of movie is running in Dorji Chang's head. Wir wissen ja auch nicht, welcher Art von Film in Dzogchens Kopf abläuft. Maybe he likes Sex in the City. Vielleicht macht er Sex in der Stadt. Why not? It's the same. Warum nicht? Es ist das Gleiche. Or when maybe we think he's just sitting there quietly with Johann Sebastian Bach. Oder vielleicht glauben wir, dass er da ganz bedächtig da sitzt und Johann Sebastian Bach anhört. Maybe not. Vielleicht tut er es aber nicht. These are the prejudices and the projections that we create, creating fantasies that simply show what we like, our opinion. Das sind alles Vorurteile und Fantasien, die wir produzieren, weil es die Dinge sind, die wir mögen. Das ist nichts als unsere eigene Meinung. But when we see the nature of Vajra, of the indestructible quality, the empty, open, unborn quality, then we don't need to have any fear of contamination. Wenn wir aber die Qualität des Vajra sehen, die unzerstörbare Qualität, die leer, offen und ungeboren ist, brauchen wir keine Angst vor Beschmutzung zu haben. So then he says, this meditation abides in itself without seeking anything else. Und dann heißt es hier, diese Meditation verweilt in sich selbst, ohne etwas anderes zu suchen. That is to say, we don't need anything. Mit anderen Worten, wir brauchen nichts. Lots of stuff is going to come. Es wird eine Menge Zeug kommen, Something is always happening, irgendwas geschieht immer, but we don't need it. aber wir brauchen es nicht. The mirror doesn't need the particular reflections that come. Der Spiegel braucht nicht die spezifischen Spiegelungen, die da kommen werden. It's not improved by beautiful reflections. Der Spiegel wird nicht besser, indem es wunderbare Dinge reflektiert. It's not harmed by ugly reflections. Und der Spiegel wird auch nicht beschädigt durch hässliche Spiegelungen. And so the mirror is free of a selective intentionality towards the world. So ist also der Spiegel frei von einer selektiven Absichtlichkeit gegenüber der Welt. So for meditators, this means we just relax and open and allow the mind to display itself without interfering. Für Meditierende bedeutet, dass wir uns entspannen und öffnen und den Geist erlauben, sich selbst zu zeigen, ohne in ihn einzugreifen. Of course, how we are opens and closes doors in the world. Natürlich, die Art und Weise, wie wir sind, öffnet und verschließt in der Welt Türen. Our age, our health, our education, our money, all of these things open and close doors. Unser Alter, unsere Gesundheit, unsere Erziehung, Ausbildung, unser Kontostand schließt und öffnet Türen in der Welt. That's just a fact. Das ist eine Tatsache. On the level of manifestation, everything operates according to dependent co-origination. Auf der Ebene der Manifestation funktioniert alles aufgrund der Entstehung wechselseitiger Abhängigkeit. And so nobody can be omnipotent and get always what they want. Niemand kann omnipotent sein und immer das bekommen, was er möchte. Because it's not about a will to power, about a powerful subject acting on the world, but about the co-emergence of subject and object in a matrix of many, many different causal factors. Denn hier geht es nicht um den Willen zur Macht, um eine mächtige Interaktion von des Subjekts auf das Objekt zu, sondern hier geht es um eine Matrix von wechselseitig abhängiger
eine konvergente Wechselwirkung zwischen vielen, vielen kausalen Faktoren. So not seeking anything else, just to allow things to be as they are. Nichts anderes zu suchen heißt, den Dingen einfach zu gestatten, so zu sein, wie sie sind. And this again means to relax. Und das bedeutet wiederum zu entspannen. You don't need anything to complete yourself. Wir brauchen nichts anderes, um uns selbst zu vervollständigen. This is Mahamudra. Das ist Mahamudra. It is something which is already completed. Es ist etwas, was bereits vervollständigt ist. It's amazing. Erstaunlich. Personally, I would like to have a holiday. Persönlich würde ich gerne Ferien haben. But what bit of me needs a holiday? Aber welcher Teil von mir würde dann in Ferien gehen? Not the quality of presence or awareness. Es wäre der Teil, der nicht gegenwärtig oder bewusst ist. Sometimes I feel so tired, I think, oh, I just want to bang my head on the wall so I can fall asleep. Manchmal fühle ich mich so müde, dass ich am liebsten meinen Kopf gegen die Wand schlagen will, dass ich dann einschlafen kann. That's just arising and passing. Aber das ist ein Zustand, der aufbaut und vergeht. And then something else comes. Und dann kommt irgendwas anderes. Then something else comes. Und wieder etwas anderes. The one that is aware of all these things that happen, some good, some bad, some happy, some sad, not changing. Derjenige, der sich dessen bewusst ist, was geschieht, dass manche Dinge traurig, manche glücklich sind, der verändert sich nicht. Awareness is not improved by having a holiday. Bewusstheit wird durch Ferien nicht verbessert. Our mood is improved by having a holiday. Unsere Laune, unsere Stimmung ist vielleicht dadurch verbessert. Our tiredness is relieved by having a holiday. Unsere Müdigkeit wird erleichtert durch Ferien. But the indestructible unborn nature doesn't need a holiday, Aber die unzerstörbare, ungeborene Natur braucht keine Ferien. which is just as well because it never gets a holiday. Was ja auch in Ordnung ist, weil sie ja ohnehin keine Ferien bekommen würde. Which is why enlightenment is a possibility. Und das liegt daran, dass das ist der Grund dafür, dass Erleuchtung tatsächlich eine Möglichkeit darstellt. Then he says, the kind of meditation that goes searching is just the working of the confused intellect. Und dann heißt es hier, jene Meditation, die nach etwas Ausschau hält, ist bloß das Wirken des verwirrten Verstandes. One needs to understand this clearly. He's not saying that all the tantric practices and the different kinds of metabhavana and paramitayana practices are wrong. Und das muss man klar verstehen. Er sagt hier nicht, dass all diese tantrischen Praktiken, die Praxis von Metabhavana oder von diesen verschiedenen Prajna-Paramita-Praktiken, dass die an sich falsch wären. But rather that these are primarily practices concerned with changing the patterns of manifestation. Aber es ist ganz klar die Aussage, dass dies Praktiken sind, die primär sich mit dem Verändern von Mustern der Manifestation beschäftigen. And generally speaking, if there is less turbulence in the sphere of manifestation, it's easier to relax. Und allgemein gesprochen kann man sagen, wenn es weniger Turbulenzen im Bereich der Manifestationen gibt, ist es leichter, sich zu entspannen. So it's important when we do these practices to recognize why we are doing them. Daher ist es wichtig, wenn wir solche Praktiken machen, zu erkennen, warum wir sie machen. No practice will make the Buddha nature. Keine dieser Praktiken wird die Buddha-Natur produzieren. It won't be created by anything. Diese wird durch nichts erschaffen. It is always already there. Sie ist bereits immer schon da gewesen. So when you engage in a practice which is seems to be doing something, that's going searching for something, you may well find ways of developing good qualities, but you will not find your own nature. Wenn wir also uns in Praktiken engagieren, die etwas tut, die etwas sucht, dann mag es durchaus sein, dass wir Wege finden werden, bestimmte gute Qualitäten zu entwickeln, aber wir werden damit unsere Natur nicht finden. As it says in some of the texts, it's like a man who goes out looking for his horse on the mountain when the horse is safely in the stable. Es ist wie in den Texten, wie es heißt, wie ein Mann, der nach seinem Pferd in den Bergen sucht, während das Pferd bereits in Sicherheit in dem Stall steht. Better quality of thoughts, feelings, sensations will not give you the ground nature.
bessere Qualitäten von Gedanken, Empfindungen und Gefühlen werden uns nicht die Grundnatur gewähren. The ground nature is the ground nature of bad thoughts as well as good thoughts. Denn die Grundnatur ist die Grundnatur von sowohl schlechten als auch guten Gedanken. So on that level, you don't have to go searching for anything else. Just be present with the immediate moment of the arising of thoughts and be present with the ground from which they come. Was also das anbetrifft, muss man nicht irgendwie losgehen und nach irgendetwas anderem suchen, sondern was wir brauchen, ist gegenwärtig zu sein in dem Augenblick des Erstehens von Gedanken, seien sie gut oder schlecht, und sich und Bewusstheit über den Grund zu haben, aus dem sie erstehen. Or we might feel, oh, but I can't meditate. My mind goes all over the place. I'm always distracted. Wir könnten dann das Gefühl haben, aber ich kann nicht meditieren, mein Geist ist immer abgelenkt und wandert überall rum. That is not understanding your mind. Aber das bedeutet, dass wir unseren Geist nicht verstehen. Your mind can't go all over the place Unser Geist kann nicht überall hingehen, because it's already everywhere. denn er ist ja schon überall. What is going here and there is the energy of your mind. Was hier und dort hingeht, ist die Energie unseres Geistes. Like a good parent, you can sit in your chair Wie ein guter Elternteil können wir in unserem Sessel sitzen, quite relaxed, entspannt. but you hear if the voices of the children are changing. Aber wir hören es wohl, wenn sich die Stimme unserer Kinder verändert. Suddenly they go quiet. Plötzlich wird es still. They are taking something from the kitchen. Aha, sie sind gerade dabei, etwas aus der Küche zu stibitzeln. Like that. The mind doesn't have to move. It can feel the qualities of energy. Der Geist muss sich nicht bewegen, er kann die Qualitäten der Energie fühlen. This is why we say that the nature of the mind is unchanging. Und das ist der Grund, warum wir sagen, dass die Natur des Geistes unveränderlich ist. But the energy of the mind is always changing. Aber die Energie des Geistes verändert sich stets. So in the example yesterday, I talked of this, the sky and the wind. In dem Beispiel von gestern sprachen wir über den Himmel und den Wind. So when you find yourself going here and there, very distracted, unable to settle, Wenn wir also uns in der Situation wiederfinden, dass wir umherwandern und sehr abgelenkt sind, unfähig sozusagen auf einen Punkt zur Ruhe zu kommen, we just need to recognize, oh, I am the wind. dann muss man erkennen, oh, ich bin der Wind. The wind is always blowing in space. Der Wind bläst immer im Raum. I'm already in space. Ich bin bereits im Raum. That's it. Das ist es. Okay. Just like the sky or a magical illusion, in the absence of both meditation and non-meditation, how shall one talk of separation or non-separation? Dem Himmel oder einer magischen Illusion gleich, in Abwesenheit von Meditation und Nicht-Meditation, wie könnte man da von Getrenntheit oder Nicht-Getrenntheit sprechen? Meditation here means intentional meditation towards an object which is decided on in advance. Und Meditation bezieht sich hier auf absichtsvolle Meditation gegenüber einem Objekt, über das im Vorhinein entschieden worden ist. Non-meditation means simply being present with whatever arises. Und Nicht-Meditation bedeutet einfach gegenwärtig in dem, was geschieht, ist zu sein. Separation means two things. One is the separation from the ground nature in the beginning of ignorance. Separation oder Trennung bedeutet hier zwei Dinge. Eines davon ist die Getrenntheit von Grund und dem Beginn von Manifestation. And it also means separation from samsara to return to the original nature. Und sie bedeutet aber auch die Trennung von Samsara und die Rückkehr zur ursprünglichen Natur. Non-separation means the unchanging nature of integration of all aspects. Und Nicht-Trennung, Nicht-Getrenntheit bedeutet die Integration der unveränderlichen Natur aller Erscheinungen. And non-separation also means awakening in samsara just as you are. Und Nicht-Getrenntheit bedeutet auch das Erwachen im Samsara, so wie man ist. It is saying because this open dimension, because the Mahamudra, our nature is like the sky, like an illusion, there's no need to make any of these discriminations. Und dieser Satz drückt aus, da Mahamudra diese offene Dimension wie der Himmel ist, wie eine magische Illusion,
gibt es keine Notwendigkeit, irgendeine von diesen Unterscheidungen zu treffen. That is to say, talk and effort is just children playing. Und das drückt aus, dass die Sprache und Anstrengung nichts anderes als das Spiel von Kindern ist. When you go into work, you're just playing. Wenn wir also in die Arbeit gehen, spielen wir. Even if your work is very important and very serious, Selbst wenn die Arbeit sehr wichtig und sehr ernst ist, it's just playing. ist es immer noch Spiel. Nothing escapes the realm of play, Nichts, was es auch nur gibt, entflieht dem Bereich des Spiels, because it's illusion. weil es illusorisch ist. But if I don't do this right, someone will die. Wenn ich das nicht richtig mache, wird aber jemand sterben. Oh, people are always dying. Aber Leute sterben immer. Maybe you're not so concerned whether the people die, and anyway, you can't stop them dying if it's their luck to die, but you want to not get in trouble. Vielleicht sind wir nicht wirklich so sehr besorgt, dass die Leute sterben werden. Wir können sie ohnehin nicht am Sterben hindern und sie werden ohnehin irgendwann sterben, sondern was uns Sorge macht, ist, dass wir vielleicht Schwierigkeiten kriegen werden. But maybe it's my job to protect the value of people's investments. Oder vielleicht ist es mein Job, den Wert der Investitionen von Leuten zu mehren, zu verwalten. But the market is only gambling. Aber der Markt ist ein Hasardspiel And people are always losing money. und Leute verlieren ständig. And if it's their karma to lose money today, there's nothing much you can do to stop it. Und wenn es deren Karma ist, heute das Geld zu verlieren, kann man nicht viel tun, um es zu verhindern. So maybe you're just worried about yourself. Also es wiederum machen wir uns vielleicht nur über uns selbst Sorgen. And in this way we can see that our own inflation, there is the hubris of thinking, everything depends on me. Und so können wir erkennen, dass in unserer eigenen Inflation es diese Hybris gibt, zu glauben, dass alles von mir selbst abhängt. This, again, it doesn't mean you go to the other extreme and say, oh, it doesn't matter, then let it happen. Das heißt natürlich nicht, dass man in das andere Extrem geht und sagt, es ist eigentlich egal, lass es einfach geschehen. But as in playing a game like football or rugby or tennis, you have to be fully there, but also know it's a game. Aber so wie in jedem Spiel, wie bei Fußball, Rugby oder Tennis, muss man einerseits vollkommen gegenwärtig sein im Spiel und doch auch gleichzeitig wissen, dass es sich um ein Spiel handelt. It's not uncommon for footballers to kick and hit each other. Es ist nicht ungewöhnlich für Fußballer, dass sie einander treten und schlagen. And this is because it's not a game. Und das ist, weil es für sie nicht ein Spiel ist. It's now called a profession. Heutzutage heißt es eine Profession, ein Beruf. And people get a lot of money, Und Leute bekommen eine Menge Geld. millions and millions of euros for running around and kicking a ball. Millionen von Euro dafür, dass sie herumrennen und einen Ball treten. And so they take it very seriously. Dann nehmen sie es sehr ernst. So seriously that they need to kick someone else and try to hurt them. So ernst, dass sie unter dem Bedürfnis stehen, jemand anderen zu treten und ihn zu verletzen. So this is how the idea of illusion is very, very important. It means not nothing at all, not truly real, but this is the game, the endless game of participation. Daher ist es die Idee einer Illusion außerordentlich wichtig. Eine Illusion ist nicht gar nichts, aber auch nicht wirklich, sondern es ist ein endloses Spiel von Teilnahme. I am part of it. I play my part, Ich bin ein Teil davon, ich spiele meinen Teil, meine Rolle, but I'm not in control. aber ich bin nicht sozusagen der es kontrolliert. Because on two levels, everything arises from the ground and everything is manifested in dependent co-origination. Denn auf der wahren Ebene ist alles etwas, was sich auf der Grundlage des Grundes manifestiert, in der Form von Entstehung wechselseitiger Abhängigkeit. Both of these will give you a certificate of retirement. Und beide geben uns gewissermaßen eine Rentenbescheinigung, die Erlaubnis, sich zurückzuziehen. So now, work is finished, playtime. Die Arbeit ist beendet. Es ist Tea Time? Playtime. Playtime. Das ist Spielzeit, nicht Teezeit.
Wunsch, der Vater des Gedanken. For the yogi who has this understanding, all virtuous and sinful actions are liberated by the knowledge of this reality. Für einen Yogi, der über dieses Verständnis verfügt, sind alle tugendhaften und sündigen Handlungen durch die Kenntnis dieser Realität befreit. Again, this means similar to the expression free of thoughts we had earlier. It doesn't mean that the yogi is not going to be involved in activity. Und das ist ähnlich wie vorher diese Frage des Nichtdenkens. Yogis werden keineswegs frei von Aktivität sein. It means not being very, very happy and proud of yourself if you do some good things, not feeling sad and ashamed if you do bad things. Und das bedeutet lediglich nicht allzu euphorisch zu sein, allzu glücklich zu sein, wenn es gerade so ist, dass man gute Dinge tut, und nicht allzu traurig oder beschämt zu sein, wenn es geschieht, dass man schlechte Dinge tut. But maintaining a state of equality, the understanding that everything has the same taste, Sondern das ist die Aufrechterhaltung des Zustands von Gleichheit, des Verständnisses, dass alles vom gleichen Geschmack ist. one stays present and aware, situation by situation by situation. Und verweilt gegenwärtig und bewusst Situation für Situation. If you do a good thing, it doesn't make you a good person. Wenn man eine gute Sache macht, macht es einen nicht zu einer guten Person. If you do a bad thing, it doesn't make you a bad person. Wenn man eine schlechte Sache macht, macht es einen nicht zu einer schlechten Person. Because that way of thinking says, I am the factory of my activity. In dieser Denkweise würde aussagen, ich bin die Fabrik meiner Aktivität. But where do thoughts come from? Where do actions come from? Aber woher kommen Gedanken und Handlungen? From the unborn nature. Sie kommen aus der ungeborenen Natur. This is not your factory. Das ist nicht unsere Fabrik. You're not sitting at the managing director's desk. Und wir sitzen nicht an dem Schreibtisch des Chefmanagers. You are a product of the factory. Wir selbst sind ein Produkt dieser Fabrik. Which again means being present with awareness and not over-investing. Und das bedeutet wiederum, gegenwärtig zu sein in Bewusstheit und sich vor übermäßigen Investieren, also dem Verleihen von übermäßiger Bedeutung zu hüten. So then he says, all mental afflictions become the great pristine cognition and act as the yogi's friend, just like a fire rushing through the forest. Und das heißt dann ferner hier, alle mentalen Plagen werden zur großen ursprünglichen Erkenntnis und wirken als Freunde des Yogis, wie wenn der Dschungel vom Feuer verzehrt wird. When the fire rushes through the forest, it burns everything. Nun, wenn das Feuer durch den Dschungel sich durchfrisst, dann brennt es alles auf seinem Weg ab. Big trees, small bushes, snails, foxes, everything. Große Bäume, wie kleine Büsche, Schnecken, wie Füchse, alles. Everything is turned to ash. Alles verwandelt sich in Asche. In the same way, with the realization of emptiness, everything becomes like ash. In der gleichen Weise in der Realisation der Erkenntnis der Leerheit wird alles in eine Art Asche verwandelt. But a very shining kind of ash. Aber das ist eine sehr strahlende Art von Asche. That's why again and again we use the image of the reflection in the mirror. Und das ist der Grund, warum wir wieder und wieder die Metapher des Spiegelung im Spiegel verwenden. Nothing is there. It's like everything has had the individual essence burnt right out of it. Nichts ist in dem Spiegel. Es ist so, als wäre die individuelle Essenz von den Dingen gewissermaßen aus dem Spiegel gebrannt worden. And therefore it can show what it is. Und daher kann der Spiegel zeigen, was diese Dinge sind. So if we take these afflicting emotions, stupidity, anger, desire, jealousy, pride, Wenn wir also diese mentalen Plagen nehmen, die Dummheit, den Zorn, die Begierde, den Stolz, die Eifersucht and all their many different subcategories, und all diese vielen verschiedenen Unterabteilungen davon. each of these is a quality of energy. Alles davon sind Qualitäten von Energie. When we feel angry, we tighten up. Wenn wir uns zornig fühlen, spannen wir uns an, Our breathing changes, unsere Atmung verändert sich, the mind becomes more focused, unser Geist wird schärfer ausgerichtet and we're very clear why we hate the person.
Und wir haben große Klarheit darüber, warum wir die Person hassen. And we want to tell them exactly what is what. Und wir wollen ihnen genau sagen, was ist. This is called the purification of anger into the mirror-like wisdom. Und das wird bezeichnet als die Reinigung von Zorn in die spiegelgleiche Weisheit. Because when you like people, you get a bit hazy about them. Denn wenn man Leute mag, dann wird man ein bisschen diffus in Bezug auf sie. You don't see them quite clearly. Man sieht sie nicht sehr klar. But when you get angry with them, then you start to be able to know who they are. Wenn man zornig über sie wird, dann kommt man in die Lage, genau zu wissen, wie sie sind. So if you take away all the negative associations of anger, Wenn man aber all die negativen Assoziationen des Zornes wegnimmt, we can see that it is the arising of a particular quality of clarity. dann können wir sehen, dass es ein Erstehen einer bestimmten besonderen Qualität von Klarheit ist. And if we take the aspect of judgment out of it, Und wenn wir den Aspekt von Urteil daraus nehmen, because often we just say, you're really bad, or I don't like what you do, that doesn't tell us very much. What is it that we don't like? We've seen very precisely what has occurred. denn wir machen oft solche Äußerungen wie, du bist richtig schlecht oder ich mag überhaupt nicht, was du da tust. Wenn wir das wegnehmen, dann können wir vielleicht sehr präzise sagen, was ist es denn eigentlich genau, was wir da nicht mögen. The same with desire. When we have desire, we go towards objects. Das Gleiche, was betrifft Begierde. Wenn wir Begierde haben, dann bewegen wir uns auf das Objekt zu. And the thing that we desire becomes very important, and the other things fade into the background. Und das, was wir da begehren, wird sehr wichtig und andere Dinge treten in den Hintergrund. So, if we can relax the prejudice and take the quality of focused attention and put it onto everything, then everything becomes the object of desire. Wenn wir aber entspannen können und sozusagen ein bisschen zurücknehmen können und sozusagen nur die Qualität einer fokussierten Aufmerksamkeit bewahren können, dann gerät wieder alles in den Blickpunkt und alles kann dann ein Objekt der Begierde sein. In Tibetan, this is called sosotopeyeshi. It means the wisdom or the primordial clarity which sees each thing just as it is. Und in Tibetisch heißt das Sosotokpeyeshe und das ist die sozusagen die Weisheit oder ursprüngliche Klarheit, die alle Dinge exakt so sieht, wie sie sind. So, if you think of something that you desire and how you hold it in your mind, how you attend to it carefully, Wenn wir also darüber nachdenken, wie das ist, dass wir ein bestimmtes Ding in unserem Geist halten und es begehren und wie wir also diesem Ding beiwohnen, es beachten auf sorgfältige Weise. how feeling a sense of value in the object, your attention is returned to it again and again. Wie also wir durch die Empfindung von Wert im Objekt unsere Aufmerksamkeit auf dieses Objekt wieder und wieder ausrichten. You can bring this out into the world with every. And through that, you develop a truly aesthetic relationship with the world. Und dadurch können wir eine wahrhaft ästhetische Beziehung zur Welt entwickeln. Without the selective discrimination, you get the full impacting on whatever is around. Ohne eine selektive Unterscheidung zu treffen, können wir sozusagen den vollen Eindruck oder die Eindrücklichkeit von allem, was erscheint, tatsächlich aufnehmen. This permits the optimal possibility of relatedness. Und das gestattet die optimale Möglichkeit von Bezogenheit. It's a bit similar to the concept of empathy in psychological treatment. Das entspricht vielleicht ein wenig dem Konzept von Empathie in der psychologischen Behandlung. Because with empathy, the person who is the therapist is required to drop their own prejudices, their own likes and dislikes, and make themselves as available as possible to receive and be impacted by the condition of the patient. Denn der Aspekt der Empathie bedeutet, dass der
Therapeut in der Lage dazu ist, die eigenen Vorurteile, Vorlieben und Abneigung fallen zu lassen und sich dem Patienten so zuzuwenden, oder dem Klienten so zuzuwenden, dass er sich sozusagen auf maximal mögliche Weise von den Bedürfnissen des Klienten beeindrucken lassen kann und dadurch verfügbar wird für den Klienten. And this allows the therapist to be interested in every aspect of the patient. Und das bedeutet, dass der Therapeut fähig wird, Bezug zu nehmen auf jeden Aspekt des Patienten. They may be saying something that the therapist has heard many, many times before. Vielleicht sagt der Patient irgendetwas, was der Therapeut schon viele, viele Mal vorher gehört hat. But instead of simply putting them into a diagnostic category on the basis of that, they have to remain open from the heart to receive the person as they are. Aber statt aufgrund dessen die Person in eine bestimmte diagnostische Kategorie hineinzustecken, müssen sie sozusagen von ihrem Herzen aus offen bleiben, um den Patienten so zu empfangen, wie er ist. Because it is the welcome that allows the revelation of being of the patient to the therapist, but also to the patient themselves. Denn es ist das Willkommenheißen, welches die Enthüllung der Seinsweise des Patienten gegenüber dem Therapeuten erlaubt, dadurch aber auch die Enthüllung des Patienten sich selbst gegenüber. In the same way, when we bring this into the meditation practice and we are open to all things, then they reveal themselves truly as they are, free of our projections, prejudices and so on. In der gleichen Weise, wenn wir das auf unsere Meditationspraxis beziehen, wenn wir erlauben, den Dingen so zu erscheinen, wenn wir diese Offenheit den Dingen gegenüber haben, dann können sie sich so darstellen, wie sie tatsächlich sind und wir werden frei von all unseren Projektionen, die wir bezüglich der Dinge haben. So in this way, all that would ordinarily appear as a limitation is transformed, not really transformed, but just shows itself to be inseparable from the primordial forms of wisdom. Und in dieser Weise wird alles, was zunächst als eine Begrenzung erscheint, erkannt oder transformiert in etwas, was sich als einen Aspekt der ursprünglichen Weisheit zeigt. And in that way, whatever occurs is the yogi's friend. Und in dieser Weise ist alles, was erscheint, der Freund des Yogis. So say you have disappointments at work or in a relationship. Zum Beispiel könnten wir vielleicht enttäuschende Dinge in der Arbeit oder in der Beziehung erleben. Rather than elaborating some narrative around this, saying, oh, I feel so bad, I need to phone a friend because this shouldn't have happened. Statt also da eine Erzählung daraus zu spinnen, zu denken, oh, ich fühle mich so traurig, ich sollte vielleicht einen Freund anrufen, darüber sprechen, es sollte nicht geschehen sein. You just stay with the sadness and disappointment. Verweilen wir einfach mit der Traurigkeit, mit der Enttäuschung. Not being prejudiced against disappointment. Keine Vorurteile zu haben gegen Enttäuschung, Allow yourself to experience directly what is disappointment. erlaubt uns unmittelbar zu erfahren, was Enttäuschung ist. What is sadness? What is hurt? Was ist Traurigkeit? Was ist Verletztheit? Usually we think, I don't want to know what it is, I just don't want to have it. Für gewöhnlich denken wir, ich will es gar nicht wissen, was das ist, ich will es bloß nicht haben. So, if you allow yourself to stay with it, you might find that it's not what you thought it was. Wenn wir aber gestatten, damit zu verweilen, dann können wir vielleicht herausfinden, dass es gar nicht das ist, wovon wir geglaubt haben, dass es sei. It's energy. Es ist Energie. Where does this energy come from? Aber kommt diese Energie her? It comes from my fucking boss who keeps stopping me doing what I want to do. Es kommt von meinem verfluchten Boss, der mich davon abhält, das zu machen, was ich zu tun vorhatte. This is not really the case. Aber das ist nicht wirklich wahr. It is the ground nature that gives rise to this situation. Es ist die grundlegende Natur, die diese Situation entstehen lässt. It is an illusion. Es ist eine Illusion. But what kind of illusion? Was aber für eine Art von Illusion? The illusion of disappointment is not the same as the illusion of falling in love. It's not the same illusion as eating an ice cream. Die Illusion der Enttäuschung ist nicht dieselbe Illusion wie die Illusion der Verliebtheit oder die Illusion, ein Eis zu essen. One has to stay with each of these to let them reveal what they are. Man muss mit jeder von ihnen verweilen, um ihnen zu gestatten, sich
in ihrem So-Sein zu enthüllen. not falling into them in terms of self-indulgence, Nicht in sich hineinzufallen im Sinne von einer Art in sich selber schwelgen, not pushing them away in terms of self-protection, nicht sie wegzudrängen im Sinne von Selbstschutz, but just being present with them because this is our life. sondern gegenwärtig mit ihnen zu sein, weil sie ohnehin unser Leben sind. Today I'm sad. Heute bin ich traurig. Is it okay to be sad? Ist das in Ordnung, traurig zu sein? Usually people say, oh, why are you sad? Normalerweise sagen Leute, warum bist du traurig? What's wrong? Was ist falsch? Maybe it's just my day to be sad. Aber es ist einfach mein Tag, um traurig zu sein. Why are you so happy? What's happened? Warum bist du so glücklich? Was ist passiert? In that way, our ordinary communication is always saying, what is the finite cause which has generated this event? Und in diesem Sinne ist unsere Kommunikation immer so strukturiert, dass wir nach der letztendlichen Ursache fragen, die diese Situation, dieses Geschehen erzeugt hat. This is the way in which social intercourse and friendliness can be a cause of stupidity. Und das ist die Art und Weise, wie soziale Kontakte und Freundlichkeit die Ursache von Dummheit sein können. Just as in psychoanalysis, one of the basic rules is not to offer reassurance to the patient. So wie in Psychoanalyse eine der grundlegenden Regeln ist, dem Patienten keinen Trost zu spenden. Because the anxiety that the patient feels is part of the movement that will open up the psyche and allow communication between different aspects. Denn es ist genau die Ängstlichkeit, die einen Teil sozusagen der Beweggründe sind, die erlauben werden, dass sich die Psyche öffnet und die verschiedenen Aspekte miteinander kommunizieren lässt. So when we are meeting together with meditators, it's very important to allow people just to be as they are. Wenn wir also untereinander als Meditierende uns begegnen, treffen, ist es sehr wichtig, den Leuten zu gestatten, so zu sein, wie sie sind. Sometimes people become very sad. Manchmal sind die Leute einfach sehr traurig. It's just sadness. Es ist bloß Traurigkeit. Where does it come from? Wo kommt sie her? Look again. Schau wieder hin. Look again. Schau wieder hin. When this superficial story of this has caused that is there, Wenn diese oberflächliche Geschichte von dieses hat jenes verursacht da ist, it's not untrue dann ist die vielleicht nicht unwahr. because manifestation happens according to dependent co-origination. Denn tatsächlich geschieht Manifestation auf der Grundlage von gegenseitig abhängiger Verursachung. And yet the entire dynamic matrix of dependent co-origination is itself just the shining face of emptiness. Und doch ist die gesamte dynamische Matrix von Entstehen in wechselseitiger Abhängigkeit nichts anderes als eine scheinende, strahlende Manifestation der Leerheit. So the key thing is to support each other in understanding how our experience, all our experience, is indeed the yogi's friend. Und in dieser Weise ist der Schlüsselpunkt hier, einander zu unterstützen, darin zu geben, zu verstehen, wie unsere Erfahrung und in der Tat jegliche Erfahrung, die wir haben können, nichts anderes ist als der Freund des Yogis. So then he says, how then shall we talk of going or staying? Dann sagt Maitripa, wie sollten wir dann von Gehen oder Bleiben sprechen? Should I stay with this? Should I go? What should I do? Sollte ich damit verweilen? Sollte ich gehen? Was sollte ich tun? There's nothing to think about. Es gibt aber nichts, worüber es nachzudenken gäbe. If you try to stay with experience, they will go. Wenn man versucht, mit Erfahrung zu bleiben, dann werden diese gehen. If you try to go away from experience, you find that they stick to you. Wenn aber man versucht, von Erfahrung wegzugehen, stellt man fest, dass sie an einem kleben. Again, what he's saying is, don't keep identifying yourself as the central point of activity. Das heißt, was er ausdrückt, ist, versuche nicht daran festzuhalten, dich als den zentralen Punkt von Aktivität zu identifizieren. We are the activity of the Dharmakaya. Wir selbst sind die Aktivität des Dharmakaya. That is to say, the energy of all the Buddhas manifests as our doing whatever we're doing.
Das heißt, die Energie aller Buddhas manifestiert sich als unser Tun, was immer es dann ist. When you scratch your head, that's the activity of the Buddhas. Wenn wir unseren Kopf kratzen, ist es die Aktivität der Buddhas. Everything is the empty display of the Dharmakaya. Alles ist die leere Schau des Dharmakaya. So, decisions are not so important. Entscheidungen sind also nicht so wichtig. Of course, on the level of manifestation, they're very important, especially if you're driving a car on these narrow mountain roads. Natürlich auf der Ebene der Manifestation sind sie sehr wichtig, insbesondere wenn wir ein Auto fahren auf diesen engen Bergstraßen. When it says that they're not so important, it means be present in the moment of your existence. That's the way to be safe. Don't fall asleep into ideas of planning and moving and controlling, because this takes you away from the lived vitality of the moment. Und wenn es heißt, die sind nicht so wichtig, dann bedeutet das lediglich, dass wir in dem gegenwärtigen Augenblick vollkommen präsent sein müssen. Denn das ist das, was gewissermaßen uns auch an einen sicheren Platz bringt und verhindert, dass wir in der Produktion von all unseren Vorstellungen und Konzepten einschlafen, die uns aus dem gegenwärtigen Augenblick hinausbringen und sozusagen aus der Gegenwärtigkeit hinausbringen. So you don't have to think in terms of staying and going, in terms of making plans, because by being present in the openness of your being and in the precision of moment by moment, your life is revealed and you will find yourself behaving. Wenn also hier davon gesprochen wird, nicht über Gehen oder Bleiben nachzudenken, so heißt es vor allem keine Pläne zu machen, sondern im gegenwärtigen Augenblick präsent zu sein, denn dann wird sich das Leben gewissermaßen Augenblick für Augenblick enthüllen und wir werden Augenblick für Augenblick wissen, was zu tun ist. For the yogi who has this understanding, all virtuous and sinful actions are liberated by the knowledge of this reality. Für einen Yogi, der über dieses Verständnis verfügt, sind alle tugendhaften und sündigen Handlungen durch die Kenntnis dieser Realität befreit. So, relaxing in this open space, activities arise, activities of other people, activities of yourself. They arise and they're gone. Indem wir uns in diesem offenen Raum entspannen, entstehen Aktivitäten. Aktivitäten anderer Leute, unsere eigenen Aktivitäten, sie entstehen und sie vergehen. They are impactful, but not truly real. Sie sind eindrücklich, aber nicht wahrhaft real. If we do something and we upset people, we can apologize. Wenn wir etwas tun, was andere Leute aufbringt, wir können uns entschuldigen. The apology doesn't remove the action. Die Entschuldigung beseitigt natürlich nicht die Handlung, The action has already gone. aber die Handlung ist bereits vergangen. The trace in the person's mind, their clinging may be slightly softened by the apology. Aber die Spuren in den Geist der Person, diese Spuren, an denen sie haften könnten, diese Spuren könnten etwas abgerundet, etwas weicher werden durch die Entschuldigung. There is a big difference between not caring and not being caught up in something. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Sorglosigkeit oder sich sozusagen nicht darum zu scheren und zwischen diesem und nicht verwickelt sein. You do something and the action is not very skillful and it's hurtful. Someone is hurt by it. Wir tun etwas, die Handlung ist vielleicht nicht sehr gekonnt und wir verletzen jemanden dadurch. You can say, I hurt that person. Wir können sagen, ich habe diese Person verletzt. But actually, the action arose, had an impact, it was hurtful. The action is connected with you, but it doesn't define who you are. Aber in der Tat ist es so, dass die Handlung einfach entstanden ist. Sie hat die Person verletzt und diese Handlung ist mit uns verbunden, aber sie bedeutet nicht das, was wir sind. I am a bad person because I hurt that person. Etwa in der Art, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich diese Person verletzt habe. That thinking doesn't improve the situation. Diese Art von Denken verbessert die Situation nicht. Your guilt doesn't make anything better. Unser eigenes Schuldgefühl macht nichts besser. All it does is solidify your sense of self is the one who should have absolute mastery over whatever is going on. Das Einzige, was es tut, ist unser Selbstempfinden zu verfestigen, nämlich zu glauben, dass
ich derjenige ist, der die vollständige Kontrolle, die Meisterschaft über das, was vor sich geht, haben sollte. That is to say, skillfulness in interaction with the environment and oneself is a quality of awareness and presence rather than something generated out of being a good person or a bad person. Mit anderen Worten, Kunstfertigkeit im Handeln, im Wechselwirken mit anderen ist generated word? It's generated out of awareness rather than out of being a good or a bad person. Diese Geschicklichkeit, diese Kunstfertigkeit im Handeln anderen gegenüber ist etwas, was in Bewusstheit wurzelt, durch Bewusstheit generiert wird und nicht in der Eigenschaft liegt, ein guter oder ein schlechter Mensch zu sein. So it says, no matter how much you stabilize your mind in a quiet place, if you have not realized the truth, you will not be freed from the states that are merely circumstantial. Dann heißt es hier im Text ganz gleich, wie lange du deinen Geist an einem ruhigen Ort stabilisierst. Wenn du diese Wahrheit nicht realisiert hast, wirst du von Zuständen, die lediglich von Bedingungen abhängen, nicht befreit sein. So this is just what we've been describing. If you come into the world, things will always happen. Das ist doch das, worüber wir die ganze Zeit reden. Wenn wir in die Welt kommen, werden Dinge die ganze Zeit über geschehen. Nobody knows exactly what is going to happen. Und keiner weiß genau, was geschehen wird. There are too many causal factors in operation for that to be the case. Es gibt zu viele kausale Faktoren, die wirksam sind, um vorher wissen zu können, was passieren wird. So he's saying, even if you go into a very quiet place and for many years you calm yourself, when you come back into situations which are complex, complicated events will be occurring and you can't control them. Was ist hier also der Ausdruck, selbst wenn du an einen Ort bist, der sehr ruhig ist und da hast viele Jahre deinen Geist beruhigt und stabilisiert, wenn du zurückkommst in die Welt, wenn komplizierte, komplexe Situationen erscheinen und du wirst keine Kontrolle darüber haben, ob sie erscheinen. So here he's making a critique of shamatha practice. Das ist hier eine Kritik an der Praxis von Shamatha. If you calm your mind and you become very, very mindful in a situation where the external factors are controlled, like in a meditation retreat, Wenn du deinen Geist beruhigst und du lernst deine Gedanken zu beruhigen in einer Situation, die sozusagen, wo die externen Bedingungen kontrollierbar sind, etwa wie unter den Umständen eines Retreats, you will, on the basis of dependent co-origination, find a calming and a settling in yourself. dann wird man auf der Grundlage der Entstehung wechselseitiger Abhängigkeit in der Tat in sich selbst eine Art Beruhigung oder sich setzen finden. No stimulus, no response. Kein Stimulus, keine Antwort. But when you leave that environment and there is more stimulus, responses start to come back again. Aber wenn man diese Umgebung verlässt und es gibt mehr Stimuli, dann werden auch die Antworten wiederkommen, die Reaktionen. So he's saying there is no liberation on the level of controlling manifestation. Was er also ausdrückt, es gibt keinerlei Befreiung, indem man auf der Ebene der Manifestation Kontrolle versucht zu erlangen. But relaxing into the primordial integration of the ground nature and your own being, that is where liberation arises, because there you can see the self-liberating of thoughts. Aber das Entspannen in die Integration von ursprünglichem Grund und dem eigenen Wesen oder eigenen Sein ist, wo die Befreiung stattfindet, weil wir dann nämlich die selbstbefreiende Qualität der eigenen Gedanken erkennen können. So he says, but if you experience this truth, then what could possibly bind you? Dann sagt er, wenn du aber diese Wahrheit erfährst, was könnte dich dann noch fesseln? Everything which arises is an illusion. Alles, was erscheint, ist eine Illusion. Don't take it too seriously. Nimm es also nicht zu ernst. Happiness is an illusion, sadness is an illusion. Glück ist eine Illusion, Traurigkeit ist eine Illusion. If when you're happy you go ha ha ha, and when you're sad you go boo hoo hoo,
dieses tut, then what benefit? was bringt das für einen Nutzen? Of course, you would not be human if you didn't cry when you were unhappy and laugh when you were happy. Natürlich wäre man nicht ein menschliches Wesen, wenn man nicht weinen würde, wenn man unglücklich ist und nicht lachen würde, wenn man glücklich ist. But it's recognizing this is the way of manifesting. Aber zu erkennen, dass dies nichts anderes ist als eine Art und Weise, wie sich Dinge manifestieren. For example, if you're dancing Zum Beispiel, wenn wir tanzen and you're dancing to a tune which is very light and easy, some, I don't know, Bob Marley reggae. und wir tanzen vielleicht mit einem Musikstück, das leicht und einfach ist, vielleicht irgendein Reggae von Bob Marley. Very easy kind of rhythm, the body sways very easily, the muscles relax. Eine einfache Art von Rhythmus, der Körper kann einfach schwingen, die Muskeln entspannen sich, You're dancing. dann tanzen wir. Then maybe you dance to something more intense, you dance some tango. It's much more held, there's much more tension and awareness. Oder vielleicht tanzen wir zu etwas sehr viel intensiverem, vielleicht ein Tango, wo man sehr viel mehr an Haltung braucht, wo man eine gewisse Art von Muskelanspannung braucht und auch Aufmerksamkeit. Both of these are just the movement of the body in time and space. Beides sind Bewegungen des Körpers in Raum und Zeit. It's only dancing, Es ist nur Tanz. only dancing. Es ist nur Tanz. But of course, people become competitive tango dancers. Was, And they dann go auch, to competitions all over the place. was aber dann passiert ist, dass die Leute anfangen, an Wettbewerben, an Tango-Wettbewerben teilzunehmen, überall in der Welt. And then it becomes very important. Und dann wird es sehr wichtig. And it's exactly the same again and again. It is the mind, our own concepts, which makes situations strongly real. We invest and create the notion of inherent self-nature. Und das ist das, was wir wieder und wieder sagen. Es ist unser eigener Geist, der die Situationen stark real macht, der sie mit Konzepten und Vorstellungen gewissermaßen belädt und sie zu etwas sehr Bedeutsamen macht und gewissermaßen in die Vorstellung einer innewohnenden, unabhängig existierenden Eigennatur investiert. If you study Madhyamika analysis and so on, then you start to feel, oh, this is something I shouldn't do. Wenn wir dann die Art von Madhyamika-Analyse studieren, dann kommen wir vielleicht zu der Idee, oh, das ist etwas, was ich nicht tun sollte. From the point of view of Mahamudra, it's not that you shouldn't do it, it's that you need to know that's what you're doing. Vom Standpunkt von Mahamudra ist es nicht, dass wir das nicht tun sollten, sondern es ist etwas, worüber wir Bescheid wissen sollten. If you know that a construct is a construct, then it's a construct. Wenn wir wissen, dass ein Konstrukt ist, dann ist es einfach ein Konstrukt. But if you start to feel that the construct now has a life of its own, Wenn wir aber dann beginnen, das Gefühl zu haben, dass das Konstrukt jetzt ein Eigenleben anfängt zu führen, then there's a kind of lostness in it. dann ist eine Art Verlorenheit darin. If you think of the story of Pinocchio, Wenn man an die Geschichte von Pinocchio denkt, a piece of wood suddenly takes on a life of its own ein Stück Holz beginnt ein Eigenleben zu führen and becomes a very naughty boy. und wird zu einem sehr, sehr frechen Jungen. So, be careful what we make. Also sei sorgfältig, was du produzierst. Everything is the radiance of the Dharmakaya, Alles ist die Strahlkraft des Dharmakaya. coming and going, coming and going. Es kommt und geht, es kommt und geht. Part of that radiance is grasping, attachment, confusion. Ein Teil dieser Strahlkraft ist das Festhalten, das Anhaften, Verwirrung. They don't come from anywhere else. Sie kommen von nirgendwo anders her. We haven't got God on one side and the devil on the other. Es ist nicht so, dass wir Gott auf der einen Seite und den Teufel auf der anderen haben. Bad things don't come from the bad man. Es ist nicht so, dass die schlechten Dinge von dem schlechten They Menschen come, kommen. they come from the Dharmakaya.
Auch sie kommen aus dem Dharmakaya. How can this be? Wie kann das aber sein? It's easy because the Dharmakaya is not what you think it is. Das ist einfach, weil der Dharmakaya nicht das ist, wovon wir glauben, dass es sei. No thought that you have will ever encompass the Dharmakaya. Kein Gedanke, den wir je haben könnten, wird jemals den Umfang des Dharmakaya umfassen können. Because the Dharmakaya is the source of all the thoughts you have. Denn der Dharmakaya ist die Quelle aller Gedanken, die wir haben können. While you're busy trying to work out what the Dharmakaya is, the Dharmakaya is feeding you all the thoughts through which you try to work out what the Dharmakaya is. Während wir geschäftig damit sind, durch Gedanken rauszufinden, was der Dharmakaya ist, ist es der Dharmakaya, der uns mit all den Gedanken füttert, mit denen wir versuchen rauszufinden, wer der Dharmakaya ist. This is just another form of illusion. Das ist auch eine andere Form von Illusion. Relax, open, everything is occurring. Also entspannt euch, öffnet euch, alles ist erscheinend. It's not a puzzle to be solved. Hier gibt es kein Puzzle, das gelöst werden müsste. It's not something like Sudoku. Es ist nie wie etwas wie Sudoku. It's something to participate in Es ist etwas, woran man teilnehmen kann. and to find yourself alive and present in the participation. Und sich selbst gegenwärtig und lebendig in dieser Teilnahme wiederfinden kann. When we're really dancing, we're not dancing, Wenn wir wirklich tanzen, tanzen wir nicht. and yet we are dancing. Und doch tanzen wir auch wiederum. In the same way, when we have a break and we chat with each other, we are speaking, and yet where do the words come from? Where do the gestures come from? In der gleichen Weise, wenn wir hier eine Pause haben und miteinander schwätzen, schwätzen wir einerseits, aber wo kommen diese Worte her? Wo kommen unsere Gesten her? They come from us, but we come from the Dharma Dhatu. Sie kommen von uns, aber wir kommen aus dem Dharma Dhatu. So in that sense, everything comes from the Dharma Dhatu, but part of that process of manifestation is the arising of us, carrying all the aspects which independent co-origination lead into us talking about this or that. Und in diesem Sinne stehen auch wir und alles, was wir tun, aus dem Dharma Dhatu. Aber ein Aspekt ist, dass es sich in der Weise der Entstehung wechselseitige Abhängigkeit manifestiert und uns zu all dem veranlasst, was wir da tun und sagen. So it's saying, but if you experience this truth, what could possibly bind you? Where would there be something from outside to catch you? Und dann heißt es hier aber, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, was könnte dich dann noch fesseln? Was könnte es da draußen geben, das uns gefangen nehmen könnte? This is like, when you go to the seaside and maybe the water's a little bit cold. Das ist, wenn man vielleicht am Strand ist und das Wasser ist noch ein wenig kalt, People get into their swimming costume dann ziehen sich die Leute ihre Schwimmanzüge an and then they go into the water up to the level of their upper thigh, und dann gehen sie ins Wasser bis zum Oberschenkel and then their friend goes in with them und ihr Freund geht mit ihnen and starts to splash them a little bit. und dann beginnt er ein wenig so zu spritzen. And they say, oh no, don't splash me. Oh. Und dann schreien sie, oh bitte spritz mich nicht nass. They're standing in the ocean. Also spritzen The ocean is very wet, der Ozean ist sehr nass. but somehow they want to be dry and wet at the same time. Aber irgendwie wollen sie gleichzeitig nass und trocken sein. So everything is happening. Everything is coming from the same ground, the same source. If you see, everything is the Dharmakaya. You have no enemy. You only have brothers and sisters. Alles ist schon da. Wir sind sozusagen mittendrin und alles geschieht und alles kommt aus dem Dharmakaya. Und wenn man sieht, dass alles aus dem Dharmakaya kommt, dann haben wir keinen Feind. Alles sind unsere Brüder und Schwestern. In this great ocean, we are going to get wet, Und in diesem großen Ozean werden wir nass. but it's only water. Aber es ist nur Wasser, It's not poison. kein Gift. So there's nothing to bind us. Es gibt nichts, was uns fesseln könnte. Being bound is the illusion, just another illusion in the Dharmakaya. Gebunden, gefesselt zu sein, ist eine Illusion, auch nur eine andere Illusion im Dharmakaya. In my work in psychotherapy, it's both beautiful and also saddening to see someone awaking from the dream of their neurosis. In meiner Arbeit als Psychotherapeut ist es
beglückend und traurig gleichzeitig, jemanden aus seiner Neurose erwachen zu sehen. Because usually it means that for many, many years they have maintained some frightening inner world in which they were determined as being stupid, unworthy, unlovable, and so on. Und das bedeutet zu erkennen, dass diese Menschen für viele, viele Jahre eine innere Welt aufrechterhalten haben, in der sie gefesselt waren in ihrer Vorstellung von Wertlosigkeit, von nicht geliebt sein können, von schlecht sein können, was auch immer. These beliefs were very, very real for the person, Und diese Glaubensvorstellungen waren für diese Menschen sehr, sehr real. strongly determining what they were able to do and feel and think. Sie haben auf eine sehr starke Weise bestimmt, was diese Menschen empfinden, tun und fühlen konnten. And yet they were a kind of contamination, something foreign taken into this small person at a time when they were very open and vulnerable, and then taken on by them as a true definition of who they were. Und doch waren sie nichts anderes als eine Art Vergiftung, Beschmutzung, die in diesen Menschen eingedrungen ist, als er noch sehr klein und sehr offen war und die er dann in sich nahm, aufnahm und die dann über lange Zeit bestimmt hat, wie sie sich gefühlt hat und wer sie zu sein geglaubt hat. In the same way, wandering in samsara, we have many stories in our heads about who we are. We're constantly defining ourselves, defining other people, making judgments. And in taking these to be strongly real, we cut little circles around each object and then feel ourselves persecuted by them. In der gleichen Weise in unserem Wandern durch Samsara haben wir viele Vorstellungen, viele Meinungen und Urteile darüber, wer wir sind, wer andere Leute sind. Wir haben Wertvorstellungen, Werturteile, wir schneiden gewissermaßen um jedes Ding so einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Kreis und dann fühlen wir uns von den Objekten in ihren von uns zugewiesenen Eigenschaften verfolgt. And all of these are movements of energy. Und all diese Tätigkeiten sind nichts als Bewegung von Energie, And so we become bound by our own creativity. sodass wir von unserer eigenen Kreativität gefesselt werden. I am a stupid person. I always make mistakes and I get things wrong and I can't trust myself. Kreativität im Sinne von schöpferische Kraft, etwa zu denken, ich bin eine dumme Person, ich mache immer Fehler, ich kann nie das machen, was ich eigentlich tun will. You have to say this again and again. Man muss sich das ständig vorsagen. I am a stupid person. Ich bin ein dummer Mensch. As Patu Rinpoche remarks in his commentary on Garab Dorji's three statements, phenomena are arising and passing like writing on water. Wie Padma Rinpoche in seinem Kommentar zu den drei Aussagen von Garab Dorje feststellt, ist, dass alle Erscheinungen erstehen in der gleichen Weise, wie wenn man auf Wasser schreibt, mit dem Finger auf Wasser schreibt. So, what tends to happen is that we think that each time we mess up in our life, this is a proof that our primal definition that we are stupid is correct. Was hier also geschieht, ist, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas schiefgehen lassen in unserem Leben, wir das als den Beweis dafür verwenden, zu glauben, dass die Definition von uns selbst als dumm in diesem Leben, dass diese Definition von uns korrekt ist. When actually we are using each new situation as a way of replenishing this belief which is fading away. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir jedes Mal eine eigentlich neue Situation dazu benutzen, eine Glaubensvorstellung aufzufrischen, die eigentlich am Verblassen ist. Negative beliefs are like vampires, they need fresh blood. Negative Glaubensvorstellungen sind wie Vampire, sie brauchen frisches Blut. If you don't feed them your own heart blood, then they will fade away. Wenn man sie also nicht mit dem eigenen Herzblut nährt, werden sie verblassen. So it's very important to recognize that we bind ourselves with our own energy, with our own creativity. It's not coming from anywhere else. Es ist also sehr wichtig zu erkennen, dass es wir selbst sind, die uns fesseln mit unserer eigener Energie, mit unserer eigenen Fähigkeit zur Schöpfung. Dieses Fesseln, dieses Gebundensein kommt von keinem äußeren Ort. We take other people too seriously, we take ourselves too seriously. Wir nehmen andere zu ernst, wir nehmen uns selbst zu ernst.
They're just opinion, aber es sind nur Meinungen. coming and going, coming and going. Sie kommen und gehen, sie kommen und gehen. And in the midst of that, here we are, fresh, present in our senses. Aber inmitten davon, hier sind wir, frisch, gegenwärtig in unseren Sinnen. And from that freshness, we can move into new situations, new situations. This unborn nature is always open in front of us. We are the ones that import the old shit. Und aus dieser Frische können wir sozusagen immer wieder in die Neuheit der Situation gehen. Die Situation ist immer neu und es sind wir selbst, die die alte Scheiße sozusagen in die neue Situation importieren. Okay, shall we take a break here? Yeah. Maybe 20 minutes or so? 20 Minuten Pause. Okay. So we do a little bit of practice before we go back into the text. Wir machen jetzt ein wenig Praxis, bevor wir dann in den Text zurückkehren. One of the instructions that we often see in this kind of text is to let the mind fall by itself. Eine der Unterweisungen, die wir in dieser Art von Texten finden, ist, dass gesagt wird, wir sollten den Geist sozusagen an seinen eigenen Ort fallen lassen. And here fall means like a waterfall. Fallen lassen bedeutet hier etwa wie ein Wasserfall. The water just goes over and tumbles in all sorts of ways, and then it regroups and goes on. Das Wasser geht über den Rand sozusagen, fällt auf seine Weise in allerlei Mustern und Weisen runter und dann sammelt es sich unten in einer neuen Anordnung zusammen. The water is not destroyed by falling. Und das Wasser wird dadurch, dass es fällt, nicht zerstört. So it's about relaxing and then letting whatever comes come. Hier geht es also um die Entspannung und zuzulassen, dass was immer kommt, auch kommt. Since we were very small, we have been taught to be water engineers. Seit wir sehr klein sind, sind wir die ganze Zeit gelehrt worden, Wasseringenieure zu sein. We had to dig channels Wir mussten Kanäle graben and then to construct big water wheels. und große Wasserräder konstruieren. The water wheels are made out of the 8 consciousnesses, the 5 skandhas and so on. Diese Wasserräder sind aus den 8 Bewusstseinsaspekten, aus den 5 Skandhas und so weiter konstruiert. So we take the free-flowing water of life and we channel it into productive work, which keeps the big wheel turning. Wir nehmen also das frei fließende Wasser des Lebens, kanalisieren es in Kanäle und verwenden es, um dieses große Rad drehen zu lassen, um sozusagen die Produktion aufrechtzuerhalten. And we get so used to this that we often feel that unless we are productive, we will be useless. Wir sind daran so gewöhnt, dass wir das Gefühl haben, wenn wir nicht produktiv sind, dann sind wir nutzlos. But one of the very important teachings of the Buddha is, it's about time you became useless. Aber eine der wichtigsten Lehren des Buddha ist, dass es sozusagen an der Zeit ist, sinnlos oder nutzlos zu werden. It doesn't feel very nice, the idea of being useless. Aber die Idee, nutzlos zu werden, fühlt sich nicht sehr gut an. But it's essential for examining your own deep fantasies about where your value lies. Aber es ist sehr essentiell, die eigenen tiefliegenden Fantasien genau zu untersuchen darüber, wo wir glauben, dass unser Wert eigentlich, worin unser Wert liegt. The real nature, the original nature, the unchanging nature, all of these terms, and in Tibetan language there are many, many, many of them, indicate that our value lies in what is already there, not in what we produce. Wahre Natur, unveränderliche Natur, unzerstörbare Natur, was immer. Es gibt viele, viele tibetische Begriffe, Worte dafür. Und alle diese Worte verweisen auf die Vorstellung, dass unser Nutzen, unser wahrer Nutzen in etwas liegt, das bereits schon immer anwesend war und nicht hervorgebracht werden muss. So the task in the meditation is just to relax and let go and not to do anything.
Die Aufgabe der Meditation ist also, sich zu entspannen, loszulassen und gar nichts zu tun. And through that, to really awaken to the fact that the river is always running and flowing and tumbling by itself. Und dadurch zu der Tatsache zu erwachen, dass der Fluss ohnehin die ganze Zeit fließt, weiterläuft und gewissermaßen holpert und stolpert, wo auch immer. And with that understanding and direct awakening, you can start to flow in the river rather than try to control it. Und durch dieses Verständnis, durch dieses Erwachen können wir anfangen, mit dem Fluss mitzufließen, statt zu versuchen, ihn zu steuern. So that you come to influence the flow from being part of it, rather than, as it were, from the outside trying to make something happen. So dass wir den Fluss beeinflussen können, sozusagen, indem wir ein Teil davon sind, statt zu versuchen, es gewissermaßen von außen zu beeinflussen, indem wir versuchen, irgendetwas damit zu machen. So we just do the practice many of you are very familiar with, sitting in a relaxed way, the gaze slightly up in the space in front of us, about 2 arm lengths ahead of us, able to perceive whatever is there without entering into relation with it. Und wir machen jetzt also eine Übung, die vielen schon vertraut ist. Wir sitzen entspannt in einer entspannten Haltung. Wir lassen unseren Blick auch entspannt, etwa 2 Armlängen vor uns ruhen. Statten den Blick, alles was vor uns ist, zu sehen, ohne damit in eine Weise in Verwicklung zu geraten. Then we make the sound ah 3 times, Dann geben wir den Klang A 3-mal von uns, releasing the tensions and self-referential aspects of ourselves just into this open space. indem wir die Spannung, die selbstbezüglichen Aspekte unserer selbst loslassen und uns in den offenen Raum vor uns entlassen. And then integrating the mind in the open space, allow whatever arises to arise. Und indem wir den Geist in den offenen Raum integrieren, erlauben wir allen Erscheinungen zu erstehen. Okay. And also when we're going through the text, if you find yourself getting distracted, just relax into the out-breath and stay with the space around you and let the sound move through that. Wir werden diese Übung von Zeit zu Zeit wiederholen und auch wenn wir hier durch den Text gehen und wir feststellen, dass wir vielleicht etwas abgelenkt sind, dann sollten wir mit dem Ausatmen verbunden uns entspannen und erlauben, dass der Klang der Worte, die gesprochen werden, einfach durch uns hindurchgeht. Okay. So then he says, when you abide unwaveringly in this state, there is no need of constructed meditation for your body and voice. Dann heißt es weiter in dem Text, wenn du ohne Wanken in diesem Zustand verweilst, ist fabrizierte Meditation für deinen Körper und deine Stimme nicht nötig. Constructed meditation here means having a particular kind of intentionality. Fabrizierte Meditation bedeutet hier, dass man eine gewisse Art von Intentionalität, von Absichtlichkeit verbindet. Generally speaking in life, we are quite reactive and impulsive. Allgemein gesprochen sind wir im Leben ziemlich reaktiv und impulsiv. Often going under the power of thoughts and emotions, acting them out, bringing them into the world without much sense of why we're doing it. We just feel we have to.
Wir geraten oft unter die Macht von Emotionen und Gedanken. Wir haben das Gefühl, wir müssen sie ausagieren, in die Welt hinaustragen. Wir machen uns oft gar keine Gedanken darüber, warum wir das tun, sondern haben einfach das Gefühl, dass wir es tun müssen. This kind of activity carries an intention embedded in it, but it's not very clear. Diese Art von Aktivität bringt eine Intentionalität mit sich, die darin eingebettet ist, aber nicht klar ist. Often the basis is as simple as, I just need to be me. Oft ist die Basis dafür so einfach wie die Feststellung, ich muss einfach ich sein. This is living as if one is inside a bubble. Das ist so, als würde man innerhalb einer Blase leben. The reality of other people's existence is then not very clear to us. Die Realität der Existenz anderer Leute ist dann nicht sehr klar für uns. We talk because we need to talk rather than to be in communication, in relation with someone else. Wir sprechen, weil wir das Bedürfnis haben zu sprechen und nicht, weil wir wirklich in Kommunikation mit jemand anderem sein wollen. From a traditional Dharma point of view, this generates a lot of karma. Traditionell gesprochen, aus dem Standpunkt des Dharma, erzeugt das eine Menge Karma. We are acting on the world, on other people, without being aware of it. Wir handeln sozusagen in einer Weise, die die Welt und andere Leute beeinflusst, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. When that happens, we're not even aware that we've done anything in particular. Wenn das geschieht, ist es uns vielleicht nicht einmal bewusst, dass wir überhaupt irgendetwas getan haben. For example, in the hospital, when I'm supervising trainee therapists, Zum Beispiel, wenn ich im Krankenhaus Psychotherapeuten, die in Ausbildung sind, überprüfe, Supervision mache, they often describe a session in which the patient has come in and started talking and continued talking right to the end of the session. Sie beschreiben dort oft eine Sitzung, in der der Patient hineingekommen ist, begonnen hat zu sprechen und die ganze Sitzung lang gesprochen hat. It was as if the therapist didn't exist. Es war so, als ob der Therapeut gar nicht existierte. And in fact, the therapist feels annihilated by this stream of words, which is not in any way asking them to respond. Und in der Tat fühlt sich auch der Therapeut geradezu vernichtet durch den Strom von Worten, die sagen so beschaffen sind, dass die Resonanz des Therapeuten gar nicht gefragt ist. And I say to the therapist, the patient is trying to kill you off. Und was ich dann sage, sagt James zu den Therapeuten, ist, der Patient versucht dich wegzutöten, abzutöten. But usually the therapist replies, no, they're just upset. Für gewöhnlich antwortet der Therapeut dann, nein, sie sind bloß aufgebracht. And in that moment you can see that the therapist is forgetting themselves and being so available to the painful experience of the patient that they don't pay any attention to the real impact, which is to annihilate them. Und in diesem Moment kann man genau sehen, dass die Therapeuten sich selbst vergessen und sozusagen sich so vollständig verfügbar für den Patienten machen, dass sie die Wucht der Handlung des Patienten gar nicht bemerken, die darauf aus ist, ihn abzutöten. And this intention of self-absorption, to live life on one's own terms, to have one's own way, has an impact whether the other person acknowledges it or not, whether you acknowledge it or not. Und diese Art von Intention, dieser Wunsch, sein eigenes Leben zu leben in einer Weise, die sozusagen durch die eigenen Bedingungen diktiert wird, hat eine Wucht, einen Eindruck auf einen selbst und auf andere, ob die anderen es anerkennen oder nicht und ob man es selbst anerkennt oder nicht. So part of the work is for the therapist to have enough courage to give some feedback to the patient about what they are doing. Und ein Teil der Arbeit eines Therapeuten ist, genug Mut zu haben, eine Art Rückkopplung zu geben und dem Patienten klarzumachen, was sie eigentlich tun. Because then, only if you awaken to what you're doing, do you start to have the possibility of making a choice. Only then do you see other options. Denn nur wenn man erwacht dem, was man tut, beginnt man überhaupt auch die Möglichkeit von Wahl zu haben. Das heißt, nur wenn man wirklich sieht, was man tut, hat man überhaupt verschiedene Optionen. So in relation to meditation, we often learn practices which are grounded in a conscious intention.
Was nun das Ganze mit Meditation zu tun hat, ist, dass wir oft Praktiken lernen, die Wurzeln oder begründet sind in einer bewussten Absichtlichkeit. So if we are doing basic shamatha or shine practice, we sit and develop an intention to focus our mind on our breath or some external object, and then with that intention we keep the attention there again and again and again. Zum Beispiel, wenn wir also eine einfache Shamatha oder Shine-Praxis machen, dann haben wir die Absicht, unseren Geist auf ein Objekt auszurichten, auf die Atmung oder auf ein äußeres Objekt. Und dann mit dieser Absicht haben wir dann oder bringen wir dann unsere Aufmerksamkeit zu diesem Objekt wieder und wieder. And what we find is that the clarity of our intention and the power of our attention gets lost because we succumb to other ideas. Was wir dann finden, ist, dass die Klarheit unserer, die Kraft unserer Absicht und die Klarheit unserer Aufmerksamkeit oft dann verloren gehen, weil wir durch andere Dinge, die dann auftauchen, abgelenkt werden. And we become aware of just how confused and eruptive the movement of the mind is. Und dann wird uns bewusst, wie verwirrt und auch sprunghaft die Bewegung des Geistes ist. So then in the practice of Tantra, there are many kinds of intention which are developed. Und in der Praxis des Tantra gibt es viele Arten von Intention, von Absicht, die entwickelt werden können. Tantra is part of the general Mahayana. So we have the beginning intention of the refuge, then we have the development of bodhicitta, then we have the vows, the samaya, which are maintained in order to do the tantric practice. Tantra ist ein Teil des allgemeinen Mahayana und so haben wir also in Verbindung damit schon die Intention der Zufluchtnahme, wir haben dann später die Intention der Entwicklung von Bodhicitta und dann haben wir die Samayas, die gewissermaßen die Intention darstellen, die Praxis durchzuführen. All of these are methods of avoiding being pushed and pulled hither and thither in the swirling turbulence of our own karmic arisings. Und all dies sind Methoden, die uns sozusagen gestatten, es zu vermeiden, angezogen zu werden von diesen Bewegungen, von karmischen Erscheinungen, die uns praktisch hin und her zerren. And they have a sense that unless we hold ourselves clearly to the task, we will be taken in the wrong direction. Und wir haben dabei das Empfinden, dass so, wenn es uns nicht gelingen wird, ein klares Gefühl für die Zielsetzung zu haben, dass wir dann in falsche Richtungen gezogen werden. And so the great enemy is distraction. Das hier ist der große Feind, die Ablenkung. But in this practice, the object of meditation is whatever arises. Aber in dieser Art von Praxis ist das Objekt der Meditation das, was immer erscheint. It's not determined before we begin. Es ist nicht determiniert, vorherbestimmt, bevor wir anfangen. And so we're always attending to something, Das heißt, wir beachten immer etwas, even if it's complete nonsense. selbst wenn es vollständiger Unsinn ist. Don't worry about the content that your mind is focusing on. Pull yourself back into the clarity of awareness on whatever is the object of attention. Wir sollten uns da keine Sorgen über den Inhalt dessen machen, womit unser Geist sich gerade beschäftigt, sondern wir sollten uns zurückziehen in den Punkt der Bewusstheit darüber, was immer das Objekt des Geistes gerade ist. And that's what he's describing here. He said, when you abide unwaveringly in this state, means being present, integrated into the openness, and therefore present with whatever is arising. Und das ist genau das, was hier beschrieben wird. Wenn du ohne Wanken in diesem Zustand verweilst, bedeutet ja, dass man integriert in die Bewusstheit des gegenwärtigen Augenblickes ist und integriert in das, was immer auch in diesem Augenblick erscheint. Then you don't need to have a constructed meditation of your body and voice. Wenn du das tust, dann brauchst du keine konstruierte oder fabrizierte Meditation eines Körpers oder deiner Stimme. You can gossip with your friends. Du kannst ja auch mit einem Freund tratschen. You can go shopping for a new lipstick.
Du kannst auf Einkaufstour gehen und dir einen neuen Lippenstift kaufen. There is no activity which is somehow unworthy or apart from meditation. Es gibt keine Aktivität, die irgendwie gewissermaßen wertlos oder getrennt von Meditation wäre. So then he says, whether or not you are in what is called true integration, there is no need for contrived meditation involving antidotes. Ganz gleich, ob du dich in dem Zustand, der als wirkliche Integration bezeichnet wird, befindest oder nicht, gibt es keine Notwendigkeit für eine gekünstelte Meditation, die von Gegenmitteln Gebrauch macht. This is very helpful. Nyam shak, nyam means even or equal, and shak means to keep. That means staying in this open state, whatever happens. Das ist sehr hilfreich, denn Nyam-Shak bedeutet hier, Nyam ist Equal. Nyam bedeutet hier gleich und Shak, Shak means to stay or remain. das bedeutet wiederum darin, in dieser Gleichheit zu verweilen, was immer erscheint, als gleich zu verweilen. But he's saying, even if you're not in this state, don't apply an antidote. Was aber hier sagt, ist, selbst wenn du in diesem Zustand nicht bist, wende keine Gegenmittel an. If you have a sickness, then it's very helpful to get medicine. Wenn man krank ist, ist es sehr hilfreich, Medizin zu bekommen. If you don't have a sickness, it's not very useful to take medicine. Wenn man keine Krankheit hat, ist es nicht sehr nützlich, Medizin zu nehmen. Because then the medicine may make you sick. Denn dann könnte das Mittel selbst das sein, das uns krank machen wird. This is called creating an iatrogenic disorder. Dies wird als das Erschaffen iatrogener Krankheiten bezeichnet. So, what he's saying is, don't think you're sick. Was es ja also heißt, ist im Klartext, denke nicht, dass du krank bist. I can't meditate. Ich kann nicht meditieren. Is that a sickness? Ist das eine Krankheit? Don't worry about it. Mach dir keine Sorgen darüber. If you start to want to do something about it, Wenn man beginnt, etwas tun zu wollen darüber, then you think, oh, maybe I need to pray to Padmasambhava and he will bless me and then I will be able to meditate. dann denkt man, vielleicht sollte ich an Padmasambhava beten, dann wird er seinen Segen schicken und dann werde ich fähig sein zu meditieren. Why? Warum denn? It's not a bad thing to do if you're practicing according to Tantra. Es ist keine schlechte Sache, wenn man den Tantra gemäß praktiziert. But within the view of Mahamudra, it's not so helpful. Aber aus der Sicht von Mahamudra ist es nicht sehr hilfreich. And he explains, without attempting to accomplish anything at all, whatever arises will be realized to be devoid of inherent self-nature. Und er begründet auch warum. Ohne den Versuch, irgendetwas zu erreichen, wird alles, was entsteht, als leer von einer innewohnenden Eigennatur erkannt. Okay, so the feeling arises, I can't meditate, this is a waste of time, I don't know what I'm doing. Also zum Beispiel könnte das Gefühl entstehen, ich kann nicht meditieren, das ist hier reine Zeitverschwendung, ich weiß sowieso nicht, was ich hier tue. I'd be better off doing some mantras, I'd feel better. Es wäre viel besser, wenn ich jetzt ein paar Mantras rezitieren würde, das würde sich besser anfühlen. So you do 1,000 mantras Dann rezitiert man 1000 Mantras and you move your little counter along und dann kann man den kleinen Zähler dann wieder eine Perle weiterschieben and you think, at least I've achieved something. und dann denkt man, wenigstens habe ich irgendetwas vollbracht. So what is he saying? Was sagt er aber hier? I can't meditate. Kann nicht meditieren. What is this? Was ist das? This is something which will not remain. Das ist etwas, was nicht bleiben wird. If you take it seriously and you act on it, then it takes you somewhere else. Wenn du das nicht ernst nimmst und du fängst an, darüber oder daraus etwas zu machen, dann wird dich das irgendwo anders hinbringen. Where are you? Wo bist du aber? You are someplace. Du bist irgendwo. You can't see where you are because you're starting to be attached to the idea that you can't meditate. Du kannst aber nicht sehen, wo du bist, weil du beginnst an der Idee festzuhalten, dass du nicht meditieren kannst. But he says,
Oh, you may do. Of course, an important situation. Lunch is burned. Not yet, not yet. No, it's really good lunch. Okay. Yes, I already relax. tasted it. Das Auto VSAR 25 unbedingt umparken. Ist zwar ein schöner Schattenplatz, aber die Tiere im Wildgehege werden mittags versorgt und der Bauer gibt Gas und der kommt manchmal mit einem Riesending. Dann fehlen dir die Spiegel. Du darfst nicht weiter oben parken. Du kannst hier unten an der Einfahrt. Okay. Sorry. No, that is an example of when doing something different is a good idea. Das ist das Beispiel dafür, wo etwas anderes zu tun eine gute Idee ist. So, without attempting to accomplishing anything at all, Also ohne die Absicht, irgendetwas überhaupt zu erreichen. this means not wanting to make it better. Das bedeutet insbesondere nicht zu wollen, etwas besser zu machen. And this is so hard for most of us to do. Something is not good, we've always been taught apply effort and it will get better. Das ist für uns, die meisten von uns, wirklich sehr, sehr schwierig zu tun. Denn etwas ist vielleicht nicht so gut und wir sind schon immer gelehrt worden, wenn etwas nicht so gut klappt, anstrengend darauf zu verwenden, es besser machen zu können. But what we're being encouraged to do here is to deconstruct the very idea that something is not good. Aber wo wir hier ermutigt werden, ist dazu zu dekonstruieren, die Vorstellung selbst, dass überhaupt irgendetwas nicht gut ist. This thought arises and it seems very sticky, Dieser Gedanke, der steht und erscheint sehr klebrig zu sein. like these old papers you used to have in summertime for catching the flies. Wie diese alten Kleberollen, die man früher dazu pflegte, im Sommer Fliegen zu fangen. And we get caught up in it. Und wir verfangen uns darin. But the nature of this thought is simply an empty illusion. Die Natur dieses Gedankens aber ist nichts anderes als leere Illusion. Relax the tilt towards semantic content and open yourself to the energetic quality. Entspanne also die Neigung in Richtung der semantischen Bedeutung des Inhalts und öffne dich der energetischen Qualität des Gedankens. And through that, all that arises will be realized to be devoid of inherent self-nature. Und dadurch wird alles, was ersteht, erkannt als bar jeder innewohnenden Eigennatur. That is to say, the thought I can't meditate will pass, Das heißt, der Gedanke, ich kann nicht meditieren, der wird vergehen. and the awareness which has stayed with that thought will remain, Und die Bewusstheit, die mit diesem Gedanken verweilt ist, wird bleiben. because it's like the mirror, and the thought I can't meditate is a reflection. Weil diese Bewusstheit wie der Spiegel ist und der Gedanke, ich kann nicht meditieren, lediglich ein Spiegelbild darin. The reflection moves and something else arises. Das Spiegelbild vergeht und irgendetwas anderes entsteht. The mirror doesn't have to move, reflections keep arising. Der Spiegel selbst muss sich nicht bewegen, die Reflexionen kommen. But if you move in response to the reflection, you identify yourself as just another reflection, and so you tumble on and on and on. Aber wenn man sozusagen sich als Reaktion auf eine Spiegelung bewegt, dann befindet man sich in der Position einer anderen Spiegelung und man stolpert sozusagen von einer Spiegelung zur nächsten. And it's by not moving that you see everything moves. Und indem wir selbst nicht der Bewegung unterliegen, sehen wir, dass alles sich bewegt. All that you have constructed your life on is impermanent and unreliable. Alles, worauf wir unser Leben beruhen lassen, worauf wir unser Leben aufgebaut haben, bewegt sich und ist vergänglich und unzuverlässig. But the real nature of the one who was doing all that busy work of construction has never moved from the very beginning. Aber die wahre Natur desjenigen, der all diese geschäftige Arbeit der Konstruktion verrichtet hat, hat sich von allem Anfang an niemals bewegt. So he says, all appearances are self-liberating in this open dimension. Und so sagt er, alle Erscheinungen sind selbstbefreiend in dieser offenen Dimension.
when we relax from a consciousness focused on particular objects into the awareness which allows the arising of all phenomena, subject and object, then all arisings are self-liberating. Wenn wir uns in dieser offenen Dimension entspannen können, in der alle Erscheinungen von Subjekt und Objekt entstehen können, dann sind alle diese Erscheinungen von Subjekt und Objekt selbstbefreiend. So I think it's fair to say that our usual experience is that I am a consistent sight, I am me, myself, and I move into a world which is changing. James sagt, ich glaube, es ist fair, wenn man es so ausdrückt. Wir selbst betrachten uns als einen konsistenten, beständigen Sitz, als ich, mich selbst, der sich in eine Welt bewegt von Objekten, die sich ständig verändern. So even although we know that we change, we act as if somehow we don't change. Das heißt, obgleich wir wissen, dass wir uns selbst verändern, handeln wir so, als würden wir uns selbst nicht verändern. When we meditate with our eyes open and relax into space, we're allowing the inseparability of subject and object. Wenn wir aber mit unseren offenen Augen meditieren und uns in den Raum hinein entspannen, dann gestatten wir uns in der Untrennbarkeit von Subjekt und Objekt zu verweilen. That is to say, what we call I, me, myself is a mode of arising. Mit anderen Worten, was wir als mich selbst bezeichnen, ist nichts anderes als eine Modalität, eine Weise des Erscheinens. What we call the room and the trees and the motor cars is another mode of arising. Und was wir als den Raum, das Zimmer, die Bäume, die Autos bezeichnen, ist eine andere Modalität, eine andere Weise des Erstehens. These two modes of arising are always coming together because they are arising within the same sphere of the Dharma Dhatu. Und diese zwei Modalitäten, Weisen des Erstehens, kommen immer zusammen, weil sie immer gemeinsam in der einen gemeinsamen Sphäre des Dhammadhatu erstehen. So here there are two aspects to non-duality. Hier gibt es also zwei Aspekte der Nicht-Dualität. If you like, on a horizontal level, there is the non-duality of subject and object. Wenn man es so sagen will, auf der horizontalen Ebene gibt es hier die Nicht-Dualität von Subjekt und Objekt. But you don't get an object without a subject, and you don't get a subject without an object. Wir können kein Objekt haben, ohne ein Subjekt zu haben. Wir können kein Subjekt haben, ohne ein Objekt zu haben. We've always been in the world with others. Wir sind aber immer in der Welt mit anderen zusammen gewesen. Even if you go into a long retreat on your own, you're constantly connecting with the environment. Selbst wenn man in ein langes Retreat alleine geht, ist man immer in einer ständigen Verbindung mit der Umgebung. And if you like, on a vertical level, we have the integration between the Dharma Dhatu, this all-encompassing space, and all manifestation, which is the interplay of subject and object. Und wenn man so will, auf der vertikalen Ebene hat man die Nicht-Dualität der Integration von der Sphäre des Dhammadhatu und dem Spiel dem Wechselspiel von Subjekt und Objekt. So, in terms of this integration, movement is continuous, arising and passing, but the movement is contained within the domain which never changes, which is the Dharma Dhatu. So, in terms of this integration, movement is continuous, arising and passing, but the movement is contained within the domain which never changes, which is the Dharma Dhatu. Und im Sinne dieser Integration ist einerseits die Bewegung steht da, sie ist beständig, in dem Sinne, dass sie ständig ein Entstehen und Vergehen hat, aber gleichzeitig ist sie eingeschlossen oder findet sie statt in der Sphäre des Dhammadhatu, die sich niemals verändert. And then he says, and all thoughts are self-liberated in and as the great pristine cognition. Und dann heißt es hier, alle Gedanken sind selbstbefreit und in und als die große ursprüngliche Erkenntnis. Pristine cognition is not a very good term. It's what I was using at that time. It translates a Tibetan word ye she. Nun, ursprüngliche Erkenntnis ist vielleicht nicht ein sehr guter Begriff. Es ist das, was er zu dieser Zeit gebraucht hat und steht als Übersetzung für das tibetische Wort ye she. Ye means the beginning, primordial, always there.
Je bezieht sich hier auf den Anfang, auf den Ursprung, auf etwas, was schon immer da war. And Shepa means to know, or rather the capacity to know, a basic noetic being. Und She bezieht sich auf das Wissen oder vielmehr auf die Fähigkeit zu wissen, also auf eine grundlegende noetische Seinsweise. So this is the quality of awakeness, of awareness, of presence, which has always been there. Das ist also hier eine Qualität von Wachheit, von Bewusstheit, von Gegenwärtigkeit, die schon immer da war. And he's saying that all the thoughts that arise in our mind, some clear, some not clear, are inseparable from this primordial awareness. Und was er hier sagt, ist, dass alle Gedanken, die in unserem Geist entstehen können, manche davon klar, manche nicht so klar, sind untrennbar von dieser ursprünglichen Bewusstheit. So, if you stay in this open state of awareness, all the thoughts that arise are self-liberated, because you're not attached to them, you're not involved in them. Und wenn man also in dieser offenen Bewusstheit verweilen kann, dann sind alle Gedanken, die entstehen können, selbstbefreit, weil man an ihnen nicht haftet, weil man sozusagen nicht festhält an diesen Gedanken. And where are they liberated? They are liberated inside this awareness, because it doesn't move or change, it's just what's going on. Und wo sind sie befreit? Sie sind innerhalb dieser Bewusstheit befreit, denn sie können sich da nicht hinausbewegen, da verändert sich nichts. But it's also liberated as the awareness itself. Aber sie sind zugleich auch als die Bewusstheit selbst befreit. Because it's not that thoughts are bad and awareness is good. Denn es ist nicht so, dass Gedanken schlecht sind und Bewusstheit gut ist. Awareness is the site or the ground or the field within which the movements of thoughts arise. Bewusstheit ist nichts anderes als der Sitz oder der Grund, das Feld, in welchem die Bewegung der Gedanken entstehen kann. The thoughts don't cause a problem, Gedanken verursachen kein Problem, because they are part of what is there. denn sie stellen einen Teil dessen, was da ist, dar. In the same here, there are many trees. In der Weise, wie hier zum Beispiel viele Bäume da sind. In the autumn, the leaves fall off the trees. Und im Herbst fallen die Blätter runter, They fall on the ground. sie fallen auf den Boden Gradually, they rot into the earth and they help the tree to grow. und allmählich verrotten sie, gehen in die Erde über und helfen dem Baum wieder zu wachsen. But in England, in the autumn, In England aber im Herbst, when the leaves fall from the trees on the railway line, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren auf dieser Straße, the leaves form a shiny surface on top of the railway line. Railway Line, Yeah, the track for the Okay. train. wenn, auf den Schienen, habe ich nicht verstanden. Wenn also die Blätter da fallen, bilden sie dann auf die Schienen, bilden sie so eine schöne strahlende, flache, rutschige Fläche. And then the trains have to go slowly. Und dann muss der Zug langsam fahren. So you have a special autumn leaf timetable. Sodass man einen besonderen Herbstlaub-Fahrplan hat. Because the leaf can't melt into the iron of the train track. Weil das Blatt nicht in das Eisen der Schienen hineinschmelzen kann. When the leaf falls on the earth, it's dissolving, its sticky, wet dissolving is part of the integrated process. Wenn aber das Blatt auf die Erde fällt, dann ist diese klebrige, feuchte Form des sich Auflösen ein Teil der Integration in die Erde. The leaf is not the enemy of nature, but it is taken to be the enemy of the railway timetable. Das Blatt ist also nicht ein Feind der Natur, aber es ist natürlich, wird verstanden als Feind der Zugfahrpläne. In the same way, all the thoughts and feelings and sensations that arise, they just go free by themselves. And they are, in that moment, the very energy of the pristine awareness, the primordial awareness within which they are liberated. In derselben Art und Weise entstehen all diese Gedanken oder setzen sich diese Gedanken, Empfindungen und Gefühle, die entstehen, von sich aus frei in und als die ursprüngliche Erkenntnis oder als die ursprüngliche Bewusstheit. But when we lose this openness,
when we take on the rigidity of our fixed definition of self, then we can be persecuted by thoughts. Wenn wir aber diese Offenheit verlieren und diese Rigidität, diese Starrheit unserer Empfindung als ein Selbst beibehalten, dann können wir von der Intensität der Gedanken durchaus auch verfolgt werden. The thought is not doing what we want, Denn der Gedanke tut nicht das, was wir von ihm wollen, just like leaves on the train track. wie die Blätter auf den Schienen. The problem is rigidity, Das Problem hier ist die Starrheit, of not being able to dissolve what is arising and passing. nämlich die Starrheit der Nichtfähigkeit, das, was erscheint, aufzulösen. So he says, this is the non-dual perfect evenness of the natural mode. Dann heißt es hier im Text, dies ist die nicht-duale, vollkommene Ausgeglichenheit der natürlichen Seitsweise. So he's saying this natural mode means the Dharmakaya. So the Dharmakaya, or the mind of all the Buddhas, carries with it a perfect evenness. That is to say, it's open to everything. It's not up and down, prejudiced, split in any way. Und natürliche Seinsweise bezieht sich hier natürlich auf den Dharmakaya. Und der Dharmakaya ist gewissermaßen vollkommen offen für alles. Er hat keinerlei Vorurteile oder Vorlieben. Er ist gewissermaßen vollkommen ebenmäßig allen gegenüber. And it is non-dual. And it's because of the non-duality that it's perfectly even. Und der Dharmakaya ist auch nicht dual. Und das ist genau die Nicht-Dualität, die ihm diese vollkommene Ebenmäßigkeit oder Ausgeglichenheit verleiht. So one of the pairings of terms that's often used is unborn and unceasing. Eines der Begriffspaare, die hier in diesem Zusammenhang benutzt werden, ist ungeboren, unaufhörlich. This Dharma Dhatu, or open spaciousness of our mind, is not a thing. It's never come into existence. It's unborn. Diese Dharmadhatu, diese eigentliche Natur unseres Geistes, ist ungeboren. Es ist niemals sozusagen, es ist kein Ding, das jemals irgendwie in Existenz getreten ist. And yet its own energy is unceasing. Und doch ist seine Energie unaufhörlich. But this unceasing energy is also unborn. Aber auch diese unaufhörliche Energie ist ungeboren. That is to say, it doesn't come out and become something separate, truly existing on itself. It's always inside, the way the reflection is inside the mirror. Das heißt, dies nicht etwas, was sozusagen da rauskommt und eine Existenz für sich selbst dann führen kann, sondern diese Energie befindet sich immer so im Dharmadhatu, wie die Reflexionen sich im Spiegel befinden. And this is the basis of the non-duality. Und das ist die Basis für die Nicht-Dualität. If manifestation was truly to be something in its own dimension, having its own rules and regulations, its own integrity and identity, it would stand apart from its ground. Wenn Manifestation etwas Eigenes wäre, sozusagen etwas inhärent Existentes, was in einer eigenen Dimension, in einem eigenen Bereich existiert und nach eigenen Regeln und Gesetzen funktionieren würde, dann wäre es etwas, was sozusagen getrennt von dem eigenen Grund bestehen würde. But it hasn't done that. It's only inside our own thinking that we experience things as strongly and separately real. Aber das hat sie nie getan. Es sind wir selbst, die innerhalb unseres Geistes uns an den Gedanken gewöhnt haben, dass diese Dinge getrennt und stark real existieren. That's what he said earlier in the text. Looking for truth or true existence in externals is the working of the confused intellect. Und das ist das, was Maitripa also vorher schon in dem Text ausgedrückt hat, dass das Ausschau halten nach Wahrheit in Äußerlichkeiten die Wirkungsweise des verwirrten Verstandes ist. When you look around this room and you see different people, Wenn man jetzt in diesem Raum hinschaut, sieht man verschiedene Leute. the concept of person, their name, their history, their shape and so on, all of this is unborn. Das Konzept einer Person, ihres Namens, ihrer Form, ihrer Gestalt, ihrer Biografie, all diese Dinge sind ungeboren. That is to say, when your thoughts and the colors and shapes meet together, they create the illusion of truly separate people.
Das drückt aus, dass wenn unsere Gedanken und die Formen und Farben zusammenkommen, sie die Illusion von wahrhaft unabhängig voneinander existenten Leuten erschaffen. But our existence is one vast system. Aber unsere Existenz ist nichts anderes als ein großes gemeinsames System, In which we are all linked together. in welchem wir alle zusammen verbunden sind. We stand on the ground, we breathe in and out. Wir stehen auf demselben Boden, wir atmen ein und aus. Our bodies are taking in food and sustenance and excreting waste products. Unsere Körper nehmen Nahrung und sagen Nährstoffe auf und sondern Abfallprodukte ab. And our bodies are not a fixed thing. Und unser Körper selbst sind keine feststehenden Dinge. Although they have shape and predictability, which allows a doctor to examine the body with some knowledge of what is likely to be there, Obwohl die Körper eine Gestalt haben und eine gewisse Vorhersagbarkeit der Funktion haben, die es erlaubt, einem Arzt den Körper, sofern er eine einigermaßen Klarheit darüber besitzt, zu untersuchen und gewissermaßen über die Befindlichkeit zu entscheiden. each aspect of the body is truly dynamic. Dennoch ist jeder Aspekt des Körpers wahrhaft dynamisch. That is to say, we say it's alive, Mit anderen Worten, es ist lebendig. meaning that the cells are moving and changing. Mit anderen Worten, diese Zellen verändern sich ständig und bewegen sich. The breath and the blood are moving together. Atmung, Blut bewegen sich zusammen. The blood is distributing chemicals and messages through the body. Das Blut verteilt Chemikalien und auch Botenstoffe durch den Körper. And just as what we take as a separate thing is actually an incredibly dynamic, interweaving organism, it's only able to do that because it's connected out into the world. Was wir also für ein separates, beinahe würde ich sagen, monolithisches Ding halten, ist nichts, in Wirklichkeit nichts anderes als ein unglaublich kompliziertes, dynamisches System, ein Organismus. Und dass er seine Funktion aufrechterhalten kann, liegt nur daran, dass er auch mit seiner Umgebung untrennbar verbunden ist. So in that way, each of us is the center of the world. Und in dieser Weise ist jeder von uns auch das Zentrum der Welt. Not in the terms of some self-referential narcissistic inflation, Aber nicht im Sinne einer selbstbezüglichen, narzisstischen Inflation, but through this amazing fact of having been born with this body, we find ourselves vibrantly connected to everything around us. sondern weil wir durch diese erstaunliche Tatsache des Geborenseins in diesem Körper feststellen, dass wir in einer vibrierenden, strahlenden Verbindung zu allem um uns herum befindlich sind. And so the perfect equality is the radiance, the presence of everything as inseparable from the ground. Und so ist die perfekte Gleichheit nichts anderes als diese vibrierende, strahlende Qualität der Präsenz von allem, ungetrennt von dem Grund des Erscheinens. Then he says, like the flow of a great river, real meaning will be with you wherever you stay. Dann heißt es bei Maitripa, wie das Fließen eines großen Flusses wird die wahre Bedeutung mit dir sein, wo immer du dich aufhalten wirst. Real meaning here means how things are, Wahre Bedeutung bedeutet, wie die Dinge sind, the actuality of existence, die Tatsächlichkeit der Existenz. which takes us right back to the very beginning when he describes being in a state of great satisfaction. Was uns zurückbringt an den Ausgangspunkt dieses Textes, wo Maitripa den Zustand großer Befriedigtheit beschreibt. This great satisfaction arises from knowing that there is nothing other than this. This is all there is. Und diese große Befriedigtheit entsteht aus dem Wissen, dass es nichts anderes gibt. Das ist alles, was es gibt. There is no need to look anywhere else for something else. Es gibt kein Ich, das danach Ausschau halten könnte für sich woanders. There is no object that will give you any more than this. Es gibt kein Objekt, das uns irgendetwas hinzufügen könnte. If you go to a restaurant you've never eaten before, you can taste some delicious new flavor. Wenn man in ein Restaurant, in dem man noch nie gegessen hat, hingeht, kann man natürlich irgendwelche wunderbaren neuen Geschmacksrichtungen essen. And then it's gone. Aber dann ist es fort. It won't stay with you. Es wird nicht mit uns bleiben. The food will turn into shit.
Das Essen wird sich in Scheiße verwandeln. If it didn't turn into shit, you'd have to go to the hospital. Wenn es das nicht tun würde, müssten wir in ein Krankenhaus gehen. But what he's saying here is, this will be with you wherever you go. Was er aber hier sagt, ist, dieses wird mit dir bleiben, wo immer du hingehst. Because wherever you go is only going in this situation. Wherever you stay, whatever new environment you find yourself in, that environment is itself the non-dual manifestation of the ground nature. Denn was es ist, dass wann immer wir gehen, wo immer wir hingehen, ist ein Gehen innerhalb dieser Situation. Und wo immer wir ankommen, wo immer wir sind, diese ganze Umgebung, in der wir uns dann befinden, ist auch wiederum nichts anderes als eine der Manifestationen dieses offenen Grundes. It says this is the state of ongoing Buddhahood. Und dann heißt es hier, dies ist der Zustand der fortwährenden Buddhaschaft. Again, Buddhahood, enlightenment, awareness is not a fixed thing, it's not a place to retreat to. It's the quality of non-dual engagement between openness and participation. Und um es wieder zu sagen, Buddhaschaft oder Erleuchtung oder Bewusstheit ist kein fixer Zustand, ist nicht etwas, was man haben kann, sondern es ist ein fortwährender Prozess der Ausrichtung und Integration von Offenheit und Teilnahme. And the mark or the sign of this Buddhahood is that it is a great happiness of being free of all samsaric objects. Das Merkmal oder das Charakteristikum dieser Buddhaschaft ist, dass es das große Glück des Freiseins von allen samsarischen Objekten ist. That is to say that moment by moment things will arise with exactly their same intensity and shape and form. Das heißt, dass Augenblick für Augenblick die Dinge in genau derselben Weise erstehen werden, mit derselben Intensität, Gestalt, Form. But you won't be adding to them. Aber wir werden uns nicht sozusagen hinzufügen. Most of the time we can't separate what is self and what is other. Die meiste Zeit über können wir nicht trennen, was selbst und was andere ist. So yesterday evening I gave the example of having difficulties with the telephone in the airport. Gestern Abend gab ich das Beispiel der Schwierigkeit mit dem Telefon am Flughafen. The telephone wasn't working well, Das Telefon hat nicht gut funktioniert, but I was annoyed at the telephone. aber ich habe mich über das Telefon aufgeregt. Why I would have an expectation that a public telephone would be working well, I don't know. Warum sollte ich aber die Erwartung haben, dass ein öffentliches Telefon gut funktionieren sollte? Ich weiß es nicht. So the samsaric object was just a telephone not working. This is very neutral, it's immediately gone. Das samsarische Objekt war einfach das nicht funktionierende Telefon. Das ist ziemlich neutral und ist sofort eigentlich auch wieder weg. Money is a flow. Und Geld ist auch ein Fluss. It only has meaning if it comes in and goes out. Geld hat nur dann Bedeutung, wenn es reinkommt und wieder rauskommt. Now we have a problem because people get frightened of what's going to happen in the future and they don't want money to go out. Jetzt haben wir das Problem in der Ökonomie, dass die Leute sich vor der Zukunft fürchten und das Geld nicht ausgeben wollen. But if money doesn't go out, then prices will go up. Wenn aber das Geld nicht rausgeht, dann werden die Preise hochgehen. Okay? So, for me to lose a little money in the telephone is not a big issue. Für mich ist im Grunde genommen etwas Geld im Telefon zu verlieren keine große Sache. But when I think this shouldn't happen, this is not right. Wenn aber ich anfange zu denken, das sollte nicht geschehen, das ist nicht rechtens, This causes real trouble, dann verursache ich große Schwierigkeiten. but only for me. Aber nur für mich selbst. So, the samsaric object is not the thing itself. The samsaric object is our attachment, our involved, our energized, our projected relation with it. Das heißt, das samsarische Objekt ist nicht das Ding an sich, sondern das samsarische Objekt ist unsere Beziehung, unsere Projektion, unsere Involviertheit, Verwicklung mit dem Objekt. When we stop putting our prejudices and hopes and fears into objects, by themselves they arise and up, arise and up. Wenn wir also anfangen, wenn wir aufhören, unsere Hoffnungen, Vorurteile, Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen auf diese Dinge zu projizieren, die Objekte selbst werden aufkommen und vergehen, aufkommen und vergehen. And with that awareness, you have this great happiness that you don't get caught up with things, because from your own side, you're not going out with expectations. Und mit dieser Bewusstheit hat man das große Glück, dass man nicht
sich verfängt in den Dingen, denn man geht diesen Dingen nicht mit großen Erwartungen entgegen. So he says, it's a kind of summary, all phenomena are themselves naturally empty, and the intellect that holds to that emptiness is purified in its own place. Und dann heißt es hier in einer Art Zusammenfassung, alle Erscheinungen sind an sich natürlich leer und der Verstand, der an dieser Leerheit festhält, wird an seinem eigenen Ort gereinigt. So he's focusing on the nature of phenomena, what you encounter, the arising in the mind, thoughts, feelings and sensations, and external phenomena. Also hier fokussiert er sich auf die Natur von Erscheinungen, von all dem, was wir begegnen, sei es in Form von eigenen Gefühlen, Gedanken, Empfindungen, sei es in Form sogenannter äußerer Erscheinungen. So if you can see that these objects are empty, what are you going to do? Wenn wir sehen können, dass all diese Objekte leer sind, was werden wir denn machen? An example often given for this is that it's like a thief in an empty house. Ein Beispiel, das dafür oft gegeben wird, ist wie ein Dieb in einem leeren Haus. The thief wants to get something. Because of that, they break in the window and they go around room to room to room, but they don't find anything because the house is empty. Der Dieb möchte gerne was bekommen, er bricht ein, macht das Fenster kaputt und marschiert von Zimmer zu Zimmer, aber er findet nichts, weil das Haus leer ist. So often in Mahamudra, the process is if you see the emptiness on the object side, subject will relax. In Mahamudra ist also der Prozess oft der, dass wenn man die Leerheit auf der Seite des Objekts sieht, dann wird sich auch das Subjekt entspannen. And so that's what he's saying. The intellect that holds, understands, that awakens to the nature of that emptiness, realizes there is nothing to be done, and so relaxes. Deswegen drückt es das hier aus, dass der Intellekt, der Verstand, der diese Leerheit von den Dingen erkennt oder realisiert, auch selbst versteht, dass da nichts zu tun ist und sich zurückziehen kann, entspannen kann. Because a thief is someone who steals something. Denn ein Dieb ist jemand, der etwas stiehlt. But if you are in an empty house and there's nothing to steal, how can you be a thief? Denn wenn wir aber dann in einem leeren Haus sind, in dem nichts zu stehlen ist, wie können wir ein Dieb sein? So in that way, it's liberated in its own place. Das heißt, in dieser Weise wird das hier an seinem eigenen Ort befreit. Free of all intellectualization, there is no involvement with mentation. Frei von allen Konzepten gibt es keine Verwicklung in mentales Erschaffen. Intellectualization here means a kind of second order function in which you run a meta or overview of what's going on. Intellektualisierung oder Konzepte, das ist sozusagen eine Funktion zweiter Ordnung, in der eine Art Metadiskurs oder eine Art Überblicksdiskurs darüber läuft, was denn gerade stattfindet. You abstract yourself further from the situation and think about what's going on. It's sort of reflective practice in the Western sense. Wir abstrahieren uns gewissermaßen von der Situation und denken darüber nach, was passiert, eine Art reflexive Praxis im westlichen Sinne. And he's saying you don't need to do any of that. You don't need to analyze or look and go back over things. Und das hier sagt aus, dass wir das alles nicht brauchen. Wir brauchen nicht zurück zu den Dingen gehen, wir brauchen nichts zu analysieren. Because your intelligence, your noetic capacity, your awareness has already been liberated in its own place. So you don't need to cook anything else. Denn unsere eigene Intelligenz, unsere noetische Kapazität, Fähigkeit wurde an ihrem eigenen Ort befreit, sodass wir uns mit nichts anderem befassen oder nichts anderes aufkochen müssen. And because of this, there's no involvement with mentation. Und deswegen gibt es hier keine Verwicklung in mentales Erschaffen. Mentation here is the function of the sixth consciousness, which is the consciousness that takes the information from the five senses and organizes them into meaning. Mentales Erschaffen bezieht sich ja auf die Funktionsweise des sechsten Bewusstseinsform, die gewissermaßen die Informationen der 5 Sinnesbewusstseinsformen aufgreift und sie in eine Bedeutung organisiert. So you don't need to be making sense of things. Dann in Worten, wir müssen nicht aus den Dingen irgendeinen Sinn machen, Because you already know what they are. denn wir wissen bereits, was sie sind. They are the natural clarity of the Dharmakaya. Sie sind die natürliche Klarheit des Dharmakaya. Any thoughts you have on top of that is secondary. Jeder Gedanke, den wir sozusagen darüber hinaus haben könnten, ist sekundärer Gedanke. Out of being present, everything is just as it is.
indem wir gegenwärtig sind, ist alles so, wie es ist. Then he says this is the path of all the Buddhas. Dann heißt es bei Maitripa, dies ist der Pfad aller Buddhas. This is the natural spontaneity of existence. Oder die natürliche Spontanität der Existenz. You don't have to plan too much, you don't have to worry too much, but simply by being present and connected, life will flow through you. Wir müssen nicht zu viel planen, wir müssen uns nicht zu viele Sorgen machen. Indem wir wirklich gegenwärtig sind, wird das Leben durch uns hindurchfließen. He's saying that there is no other way of engaging with enlightenment. Und es drückt aus, dass es keine andere Art ist, sich mit oder auf in Erleuchtung zu engagieren. This is the path of all the Buddhas. This is what it means to be a Buddha. Das ist der Weg aller Buddhas. Das ist das, was es bedeutet, ein Buddha zu sein. Where on the subject side, the anxious energy of over-involvement relaxes, Das ist der Zustand, in dem auf der Subjektseite die ängstliche Energie des übermäßigen Verwickeltseins sich entspannt, because there's no longer any need to rest on something solid. da es nicht länger das Bedürfnis gibt, auf irgendetwas Beständigem zu ruhen. And so objects can be revealed just as they are, arising and passing, as they always do, impermanent. Dann können auch Objekte als das, was sie sind, nämlich als etwas, was ständig erscheint und wieder vergeht, als unbeständig, vergänglich erscheinen. And within that, you manifest as part of the ongoing participation, not having to secure any territory, not having to make your mark, but just part of the flow. Und darin erscheinen wir als der, oh sorry, I didn't. Okay. So that instead of controlling it and setting up something special or making your mark on it, you participate as part of the flow. Und darin können wir als ein fortwährender Fluss der Teilnahme erscheinen, ohne die Notwendigkeit, irgendein Territorium zu sichern oder irgendeine Art von Markierung, von Grenzlinie zu setzen. This is a very different idea of a Buddha from having someone who is in charge of Chen. Das ist natürlich eine völlig andere Idee eines Buddhas, verglichen mit der Vorstellung von jemand, der gewissermaßen das Kommando über das Dzogchen führt. Amitabha has his own Buddha realm, Amitabha hat sein eigenes Buddhaland with lakes and singing birds and beautiful plants and trees. mit Seen und Singvögeln und Pflanzen, Bäumen. And he's in charge. Und er selber ist dafür verantwortlich. Difficult for him to get away. Er kann da nicht weg. Always things to be done. All diese Dinge, die zu tun sind. New people are arriving. Neue Leute kommen ständig an, They're living inside their little lotus bud. leben in ihren kleinen Lotusknospen And they're waiting for Amitabha to unlock the door. und sie warten darauf, dass Amitabha die Tür aufschließt. So every morning he gets up and he goes around and he looks at the karmic meter to see when they're going to bed. Und auf jeden Morgen, wenn er aufsteht, geht er rum und schaut auf die Karma-Meter und guckt, ob das die Zahl passt. In this way, you can have a notion of the Buddha as someone very special, very apart, doing very important things, very shiny and very bright. Auf diese Weise können wir natürlich die Vorstellung von dem Buddha als jemanden haben, der sehr wichtig, sehr bedeutend, sehr speziell ist, sehr strahlend und großartig. Now, when the mind is integrated with its own ground, it is linked with all potential, all possibilities. Wenn aber der Geist verbunden ist, integriert ist in den eigenen Grund, dann ist es auch verbunden mit all den Potenzialen und Möglichkeiten. And so showing the form of Amitabha or Padmasambhava in Sangdopalri is part of that function. Und so ist natürlich die Form von Amitabha oder von Padmasambhava in Sangdopalri zu zeigen, ein Aspekt dieser Funktion. But the Buddha is not limited or defined by any of the form he takes up. Aber der Buddha ist nicht begrenzt oder beschränkt, definiert durch irgendeine von den Formen, die er annehmen kann. That is to say, the display shows the energy of the ground, it doesn't show the ground itself. Mit anderen Worten, die Schau zeigt nur die Energie des Grundes und nicht den Grund selbst. When you look in the mirror, the reflection shows the potential of the mirror to show reflections. It doesn't show the mirror itself.
Wenn wir in einen Spiegel schauen, zeigt die Reflexion das Potenzial des Spiegels zu spiegeln und nicht den Spiegel selbst. When Padmasambhava left Tibet and he went to this island of the Rakshasa, these dangerous cannibals, he took on the form of the king of the Rakshasa. Als Padmasambhava Tibet verließ und auf diese Insel der Rakshas, der dämonischen Formen ging, nahm er selbst die Form des Königs der Rakshas. So, the Rakshas got up the next morning and they saw the king and he looked pretty grumpy as usual. Und die Rakshas standen nächsten Morgen auf und sie sahen ihren König und er guckte genauso grummelig wie immer. Padmasambhava was showing this grumpy form. Zeigte Padmasambhava diese grummelige Form. If he had shown a very nice sweet form, they would have wanted to kill him. Wenn er eine sehr nette, süße Form gezeigt hätte, hätten sie Lust gehabt, ihn zu töten. But they're thinking, uh-oh, the boss is in a bad mood, we better be bad for his turn. Aber sie dachten, oh, der Boss ist wieder mal in schlechter Stimmung, ist besser, halt mal die Klappe. And then gradually, little by little, he changed his behavior. Und dann, so Stück für Stück, veränderte er sein Verhalten. And in the manner of a lamrim or graded practice, by altering his behavior and way of being, the people in that realm gradually came into a state of awakening. Und in der Form eines Lamrim, eines Stufenweges, durch das stufenweise Verändern seines Verhaltens machte die Leute um sich herum fähig, auch allmählich zu erwachen. So the Buddhas are not limited by their form, and we also are not limited by our particular form. So sind also die Buddhas nicht begrenzt, beschränkt durch ihre Form und auch wir selbst sind nicht durch unsere Form beschränkt. If you try to define the Buddha by what they show, this is not different from defining yourself in terms of what you make of your own qualities. Wenn wir also versuchen, den Buddha zu definieren durch die Merkmale, die sie zeigen, dann ist es nicht anders, als wenn wir versuchen, uns selbst durch unsere momentanen Qualitäten zu definieren. And that is simply to rely on mentation and stray away from the true understanding of what Maitripa is teaching. Und das würde heißen, sich auf mentale Prozesse, auf mentales Erschaffen zu verlassen und sozusagen auf Abwege zu geraten von dem, was Maitripa uns gelehrt hat. Then we come to the ending part of the text. Dann kommen wir zum Schlussteil. And he says, "For the one who is truly fortunate, I have composed this epitome of my real teachings. By means of it may all sentient beings abide in the Great Seal." Da heißt es, für jenen, der wahrhaften Glück begabt ist, habe ich diesen Inbegriff meiner wahren Lehren verfasst, mögen dadurch alle Wesen im großen Siegel verweilen. To come in contact with is to be fortunate. Kontakt mit einer solchen Lehre zu haben, bedeutet nichts anderes als von Glück begabt zu sein. We don't find this kind of thing everywhere. Es ist nicht so, dass wir solche Dinge überall rumliegen finden. You don't get it in school. Wir kriegen sie zum Beispiel nicht in Schulen gelehrt. You don't get it on the menu of a restaurant. Wir finden sie nicht auf dem Menü eines Restaurants. And it's difficult to understand. Und es ist schwierig zu verstehen. So he's saying, this is for the fortunate one. At that time he was speaking to his close student. Here he's speaking to all the people who are lucky enough to come in contact with it later. Und deswegen sagte, das hier ist für die von Glück Begabten. Damals sprach er zu einem seiner engen Schüler, heute spricht er sozusagen auf die Weise zu all denen, die Glück genug haben, viel genug Glück haben, um in Kontakt mit dieser Lehre zu kommen. And he says, by means of it, may all beings come to abide in this Mahamudra. Und er drückt aus, dadurch, dass das geschieht, mögen alle Wesen in Mahamudra verweilen. All beings are already abiding in the Mahamudra. Nun, alle Wesen verweilen ohnehin bereits in Mahamudra. There is nowhere else to abide. Es gibt nirgendwo sonst, wo man verweilen könnte. But they are hidden from it by their own creativity. Aber sie sind sozusagen, es ist ihnen verborgen aufgrund ihrer eigenen Schaffenskraft, Tätigkeit. Dreaming that what is going on is something other than it is, we are not in contact with what is, and yet we are always inseparable from what is.
Indem wir von etwas anderem träumen als das, was ist, sind wir nicht wirklich in Kontakt mit dem, was wirklich ist. Und doch sind wir zugleich immer untrennbar von dem, was wirklich ist. So then he says, this concludes Maitripa's exposition of the Mahamudra. Dann heißt es hier, dieses beschließt Maitripas Darlegung des großen Siegels. And then the colophon says it was received directly from that sage and translated into Tibetan by the Tibetan translator Mapa Chukilodro. Und dann heißt es im Kolophon, der tibetische Übersetzer Mapa Chukilodro empfing sie direkt von diesem Weisen und übersetzte sie ins Tibetische. Okay, so that concludes looking at this text, and in the afternoon, after lunch, we'll move on to the Saraha text. Das beschließt jetzt unser Anschauen dieses Textes und am Nachmittag werden wir dann den Text von Saraha uns vornehmen. And I hope we'll have some time at the end to do questions, but I think it's better to keep in the flow of the text for the time being. Denn sagt er hofft, dass wir am Ende doch auch Zeit haben werden, einige Fragen anzuschauen, aber im Moment hält es für besser, im Fluss des Textes selbst zu bleiben. So if you feel any questions, please write them down so you don't forget them, and we'll look at them at the end. Wenn ihr also Fragen habt, bitte schreibt sie nieder, dass ihr sie nicht vergesst, und dann werden wir sie zum Schluss anschauen. So now we move on to look at this text by Saraha. So, wir werden jetzt damit fortfahren, den zweiten Text anzuschauen von Saraha. And, I won't say very much about him, merely that he was somebody who went from having a conventional life to having an unconventional life. Er wird nicht viel über ihn erzählen, sagt James, aber vielleicht sollte er sagen, dass es jemand war, der am Anfang ein konventionelles Leben führte, um dann mit einem unkonventionellen Leben fortzufahren. And that the disruption of his conventional life was mirrored by the change in his practice. Und die Unterbrechung seines konventionellen Lebens war wiedergespiegelt durch die Veränderung in seiner Praxis, Whereby he was able to move from the place of scholarship, control, prediction, wodurch er dann fähig war, von einem Ort der Gelehrtheit, der Kontrolle und der Vorhersagbarkeit to a capacity to live without the ordinary supports of name and fame, status, entitlement, and so on. sich zu einer Position zu bewegen, in der er fähig war zu leben, ohne die Unterstützung von Status, Berühmtheit, Name, Konvention und so weiter. And through that, to gradually dissolve his reliance on the ordinary signifiers of this world. Dadurch löste er allmählich sein sich Stützen auf die gewöhnlichen Bedeutungsträger dieser Welt. Because as we were looking before lunch, there is a lot of reassurance to the value of our usual position. Denn wie wir schon vor dem Mittagessen angeschaut haben, gibt es eine ganze Menge Bestätigung für die gewöhnlichen Werte, die unsere Position beinhaltet. And if we stray from that position, we become often anxious in ourselves, and we don't like to experience the rejection of others. Und wenn wir von dieser Position, die wir innehaben, abweichen, sie verlassen, dann werden wir oft in uns selbst unsicher und wir mögen die Folgen nicht so sehr, nämlich zum Teil auch von anderen abgelehnt zu werden. The path that Saraha followed wasn't that of renunciation of a worldly position to become a monk. Der Pfad, den Saraha ging, war nicht die Entsagung einer weltlichen Position, um dann zum Beispiel ein Mönch zu werden, But going from being a respectable Buddhist scholar from a high Brahmin family to becoming virtually an outcast. sondern es war der Weg von einem respektierten buddhistischen Gelehrten und Mitglied einer Brahmanenfamilie hin zu jemandem, der im Wesentlichen ein Kastenloser, ein Ausgestoßener war. Because he became intrigued by a young woman, a woman who was an arrow maker, which was the occupation of a lower caste. Denn wurde fasziniert von einer jungen Frau, die
eine Pfeilmacherin war und das war eine Beschäftigung der niedrigen Kasten. And she couldn't be integrated into his world. Sie konnte unmöglich in seine Welt integriert werden. But he was willing to leave his world to find some connection with what she had understood. Aber er war bereit, seine Welt zu verlassen, um eine Verbindung mit dem aufzunehmen, was sie verstanden hatte. So, it's a very important thing to examine for ourselves what keeps us centered in samsara. Es ist eine sehr wichtige Sache für uns selbst zu untersuchen, was hält uns daran, in Samsara unseren Mittelpunkt zu finden. We have the 8 worldly dharmas of gain and loss, winning and losing, name and fame, success and failure. Wir haben diese berühmten 8 weltlichen Dharmas von Berühmtheit und schlechtem Ruf, von Gewinn und Verlust, von Lob und Tadel und von was ist the last one? Success and Von failure. Erfolg und Versagen. And these are, the anxiety about these is a support for conventional existence. Und die Ängstlichkeit in Bezug darauf ist auch zugleich eine Stütze für konventionelle Existenz. This keeps us being good boys and girls, Das hält uns dabei, gute Jungs und Mädels zu sein. getting to work on time, taking care of our responsibilities and so on. Sozusagen zur richtigen Zeit zur Arbeit zu kommen, unsere Verantwortung nachzugehen und so weiter. But it also means that we say, the value of my existence rests in what people think of me. Aber das bedeutet zugleich auch, dass wir denken, dass der Wert meiner Existenz darin liegt, was andere von mir denken. I am my image. Ich bin mein Bild, mein Image. So, because we don't want to have notoriety, Da wir nicht verstoßen sein wollen, nicht keinen schlechten Ruf haben wollen, we do our bad things in secret. machen wir unsere schlechten Dinge eben geheim. Unfortunately, it doesn't really keep us very good. Leider macht uns das nicht besonders gut. So for Saraha, he was confronted with this, that to really experience his mind as it was, he would have to stop correcting his mind. But the cost of this was great. Und das war die Erfahrung, die Saraha machen musste, dass um den Geist in seiner wahren Natur zu erfahren, er aufhören musste, ihn zu korrigieren. Aber der Preis dafür war hoch. For example, if you have a garden at your house and the neighbors compliment you on your flowers, Und zum Beispiel, wenn wir einen Garten haben im Haus und die Nachbarn loben unsere Blumen, and then you decide not to bother about your garden. dann entschließen wir uns aber, uns nicht mehr um unseren Garten zu kümmern. In the first year it looks a bit wild and interesting, Am Anfang schaut der Garten ein bisschen wild und interessant aus. then it gets more crazy, and of course people passing by throw their beer cans and rubbish. Dann wird er immer verrückter und natürlich fangen andere Leute an, die da vorbeikommen, ihre Bierdosen und Müll reinzuwerfen. Because the mess seems to invite that. Denn Unordnung scheint dies einzuladen And then people aren't so happy. und die Leute sind dann nicht so glücklich damit. So Saraha was this great scholar, very famous. People would bow to him when he walked by. Saraha war also diese große Gelehrte, sehr berühmt. Leute pflegten sich vor ihm zu verbeugen, wenn er vorbeikam. Because he embodied qualities that they also like to embody. Denn er verkörperte Qualitäten, die auch andere zu verkörpern gemocht hätten. But when he left that world, his life became more messy. Als er diese Welt verließ, wurde sein Leben etwas unordentlicher. And onto this mess, people added their insults. Und sozusagen zu dieser Unordnung hinzufügten die Leute noch ihre Beleidigungen zu. So this, of course, confronted him. What is the basis of my existence? Das konfrontierte ihn mit der Frage, was ist die Grundlage meiner Existenz? If I am not who I thought I was, and I am not what other people want me to be, who am I? Wenn ich nicht derjenige bin, von dem ich dachte, dass ich es sei, und wenn ich auch nicht das bin, was die Leute von mir erwarten, wer bin ich dann? He was able to recognize his own nature. Er war nun in der Lage, seine eigene Natur zu erkennen.
But of course, in giving up everything in that way, he could have also moved towards madness. Aber natürlich hätte er auch, indem er alles in diese Weise aufgab, sich ebenso gut in Richtung einer psychiatrischen Erkrankung bewegen können. That's why it's often said in these teachings that it's like being a snake in a bamboo tube. Daher heißt es auch in seinen Lehren oft, dass es der Zustand einer Schlange, die in einem Bambusrohr eingeschlossen ist. You can either go up or down. Du kannst nur entweder rauf oder runter. And in many ways, the period that he was living in, the period of the rightness and fullness of Tantra in India, was a period where radical breaches of conventional life, the invoking or provoking of what we would nowadays see as almost psychotic states, was quite common. Nun, er lebte in einer Zeit, in der sich das Tantra in Indien sozusagen auf seinem Höhepunkt und den Punkt seiner Reife und Fülle befand. Und in dieser Zeit war das Invozieren und auch Provozieren von Zuständen, die eigentlich eher schon zu dem Begriff psychotisch zu bezeichnen wären, durchaus gebräuchlich. It was seen that the path to liberation lay through transgression. Denn es wurde so betrachtet, dass der Weg zur Befreiung auch durch Überschreitungen führt. Of course, you had this kind of discourse in Western Europe, the Marquis de Sade being a key person of proposing that. Natürlich hatten wir diese Art von Diskurs auch in Europa und Marquis de Sade war einer der Hauptproponenten dieser Art von Einstellung. And now you get it in the so-called radical queer studies and so on in America. Und wir bekommen diese Art von Einstellung auch in diesen radikalen kind of study? Queer studies. Queer means like where homosexual people use an insulting term for themselves as a deconstruction of the insult. Also umschreibend radikale Homosexuelle, die zum Beispiel die Beleidigung ihres Zustandes als ein Punkt der Konstruktion der Beleidigung selbst verwenden. But these moves are very different. Aber das sind ganz andere Bewegungen. Because essentially they're trying to liberate a frisson, a mood of excitement and exuberant self-indulgence in which there is no critical function at all, no superego, no guilt. Denn sie versuchen essentiell betrachtet einfach einen Punkt zu befreien, an dem es lediglich einen Überfluss an Schwelgen, an Absorption in sehr euphorische Zustände, in denen es keinerlei kritisches Über-Ich gibt. So that the wilder the behavior, the more one is dropping away all the constraining bounds of the world. Sodass je wilder das Verhalten, desto stärker ist man in der Lage, die begrenzenden Linien der Gesellschaft um einen herum fortzuwerfen. But it actually leads nowhere except the toilet. Aber das führt so nirgendwo hinaus auf die Toilette. As you can, I mean, for example, there's a famous French psychoanalyst called Chasseguy Smergel, who wrote a study of de Sade, pointing out that the obsession with anal sex is the return to the unformed cloacal mass. Es gibt einen berühmten französischen Psychoanalytiker, der eine Studie darüber geschrieben hat, dass die Besessenheit von Marquis de Sade mit analem Sex im Wesentlichen einfach eine Rückkehr zu der ungeformten Kloake ist. Where everything falls into just nothing at all, into rubbish, into a complete collapsing of any of the boundaries of discrimination out of which meaning is constructed. Und all das fällt im Wesentlichen in sich zusammen, in nichts, in Müll, in eine vollständige Konstruktion von Grenzen, aus denen überhaupt so etwas wie Bedeutung oder Unterscheidung konstruiert wird. And in the path of Tantra in India, you also got paths which got rather lost, some of the so-called left-handed paths in which people enacted murder and rape and so on. Und auch in Indien, in den tantrischen Wegen, gab es durchaus Pfade, die im Wesentlichen auf solche in verlorene Richtung gegangen sind,
einige dieser sogenannten linkshändigen Pfade, in denen Mord und Vergewaltigung gewissermaßen propagiert wurden. The possibility of getting lost is always there. Die Möglichkeit, verloren zu gehen, besteht immer. But here we're talking about awakening to the unborn nature. Hier aber sprechen wir von dem Erwachen zu der ungeborenen Natur. This is not a kind of existential nothingness, a kind of Kierkegaardian abyss. Das ist hier kein existenzielles Nichts, das ist nicht der Kierkegaardsche Abgrund. Rather, it is the wellspring of creativity and potential, something which cannot be given a shape or a form, and yet is present as the basis for every moment of our existence. Sondern hier geht es gewissermaßen um die Quelle von Kreativität und Potenzial, von der Möglichkeit, obwohl es nichts an sich ist, alles Mögliche in Existenz zu rufen. Which is why in this tradition we have a lineage of teaching, of explaining, so that the view is clear, and when you open yourself into the practice, the instruction gives you a support to find a way through the difficulty. Und das ist der Grund, warum es in dieser Tradition eine klare Linie der Unterweisung gibt, der mündlichen Unterweisung, die es sicherstellt, dass wenn man sich der Sichtweise gegenüber geöffnet hat, dass man ganz klare Instruktionen darüber hat, wie man in Zeiten von Schwierigkeiten in der Praxis weitermachen kann. Okay, so if we go into the text, which is an instruction on Mahamudra. Wir gehen also in den Text und der stellt eine Instruktion in Mahamudra dar. He begins a salutation to Sri Vajradakini. Er beginnt damit, dass Ehrerbietung an Sri Vajradakini erwiesen wird. Dakini represents the movement of energy, and the Vajra is the indestructible. So here we have again the space of existence and the energy of existence inseparable. Und Dakini hier bedeutet so etwas wie Fluss der Energie und Vajra bezieht sich auf die Unzerstörbarkeit. Und so haben wir hier also den Raum und der Existenz und der Raum der Energie als etwas Untrennbares. And it's traditional in these texts that you begin with a salutation, because a salutation is paying homage to the inspiring muse or principle that gives the connection to the Dharma teaching. Und das ist traditionell, dass ein Text mit einer solchen Erbietung anfängt, denn eine Erbietung ist gewissermaßen auch die Rückbezugnahme auf die Inspiration oder auf die Muse, die eine solche Lehre ermöglicht und tradiert hat. Then we say salutation to the most joyful co-emergent pristine cognition. Dann heißt es hier Ehrerbietung der ekstatischen, koemergenten, ursprünglichen Erkenntnis. The co-emergent pristine cognition means the nature of awareness which is always linked with phenomena. Koemergente, ursprüngliche Erkenntnis bedeutet die Kenntnis oder das Erkennen der Bewusstheit, die immer mit Erscheinungen, mit Phänomenen verbunden ist. And it indicates in the co-emergence that excuse me, wisdom and confusion are always on the same point of arising. Und das indiziert oder verweist darauf, also dieser Begriff Konvergenz oder gleichzeitiges Entspringen verweist darauf, dass Weisheit und Verwirrung immer gewissermaßen am selben Punkt entspringen. This means you cannot arrive at a place where everything is sorted. Das bedeutet, dass wir niemals an einem Ort ankommen können, an dem alles sortiert, gelöst ist. Awareness is a way of life. Bewusstheit ist eine Lebensform. Not collapsing into phenomena, not standing back from phenomena, but being present moment by moment. Nicht in die Phänomene, nicht in die Erscheinung hineinkollabieren, nicht sich zurückhalten, weg von den Erscheinungen, sondern bewusst von Augenblick zu Augenblick in Bewusstheit verweilen. Now that might not sound very joyful. Das könnte vielleicht nicht sehr freudig klingen. It's a bit like the Pentagon. They're constantly anxious about what Al-Qaeda is going to do. Könnte vielleicht mit dem Pentagon in Verbindung gebracht werden, wo man sich ständig darum ängstigt, was Al-Qaida gerade vorhat zu tun.
maybe the health and security of our great nation state will be destroyed. Vielleicht wird die Gesundheit und Sicherheit unserer großen Nation jeden Augenblick zerstört. We are good, they are bad. Wir sind gut, sie sind schlecht. This is not talking about that rather paranoid structure. Hier sprechen wir nicht über diese Art von eher paranoider Struktur. This is saying, in your own awareness, moment by moment, you can go in or you can stay with. You can go in, you can stay with. Das sagt aus, dass wir in unserer eigenen Existenz Augenblick für Augenblick die Entscheidung haben, in etwas hineinzugehen oder einfach dabei zu bleiben. And the very liveliness of this brings a great joy, not a manic excitement like riding a motorbike at 100 miles an hour if you're drunk. Und diese Art von Präsenz bringt mit sich eine große Freude, aber das ist keine manische Freude. Das ist nicht wie die Besessenheit eines betrunkenen Motorradfahrers, der mit 100 Meilen pro Stunde irgendwo rast. But the exquisite delicacy of placing yourself exactly on that point again and again and again. Sondern das ist die exquisite Delikatheit, sich selbst genau an diesen Grenzpunkt zu stellen, immer wieder. So it says the meaning of the text will be dealt with in 3 sections. Und dann heißt es, dass die Bedeutung des Textes in 3 Abschnitten behandelt wird. So in the first section it begins, it's a teaching on the natural condition of Mahamudra and it has 3 sections. Und in dem ersten Abschnitt heißt es, der erste dieser Abschnitt ist die Lehre von der natürlichen Salzweise von Mahamudra. Dieser hat 3 Aspekte. I think the English is not so sweet. It really means it's not the natural condition of Mahamudra, but our natural condition, which is Mahamudra. It says, Good. So, firstly, the explanation of how things are. Zunächst die Darlegung, wie die Dinge sind. Whatever moves or does not move, and all that is stable or is unstable, and whatever there is that is material or non-material, and all that presents itself as appearance and all that does not, everything without exception has never and will never ever waver from the sky like nature. Was immer sich bewegt oder nicht bewegt, alles was stabil oder instabil ist, was immer es an Materiellen oder Immateriellen gibt und was immer sich als Erscheinung darbietet oder es nicht tut, also alles ohne eine Ausnahme, ist niemals von der himmelsgleichen Natur abgewichen und wird es niemals tun. So he begins by setting out some of the familiar conceptual categories that we would do to organize the experiences of our world. Das heißt, es beginnt damit, dass es gewisse kategorielle Einteilungen, die wir dazu verwenden, um unsere Welt zu organisieren, zu etablieren. Really all he's saying is everything, everything, everything. Was er wirklich sagt, ist, dass alles. There is nothing anywhere, everything without exception, has never and will never be other than the sky-like nature. Es gibt nichts anderes, alles ohne jede Ausnahme ist, war und wird immer nicht entfernt sein von der himmelsgleichen Natur. So at this point we need to think back to the Paramita literature and the beginnings of the elaboration of the idea of emptiness. An diesem Punkt muss man an die Paramita-Literatur denken und an den Anfang der Ausarbeitung der Bedeutung von Leerheit. In the very first teachings of the Buddha, prior to that, was the idea that what we take to be a person is actually the dynamic interaction of 5 basic factors, the 5 skandhas. Vor dieser Zeit, in den ersten ursprünglichen Lehren des Buddha, lehrte der Buddha, dass das, was wir für die Person halten, in Wirklichkeit nichts anderes als die dynamische Wechselwirkung der 5 grundlegenden Konstituenten oder Skandhas ist. This is something most of you will be quite familiar with. Und das ist etwas, womit die meisten von uns vermutlich einigermaßen vertraut sein werden. Very briefly, this was an abstracting analysis that said 5 categories: form, feeling, perception, association, conditioning, construction, and consciousness. Sehr kurz gesagt, das sind diese 5 Kategorien von Form, von Wahrnehmung, von Gefühl, von Assoziation oder Konstruktion und von Bewusstsein.
And it was seen that everything one is and everything one sees could be organized into one of these categories. Und man sagte da, dass alles, was man ist und alles, was man sieht, in einer gewissen Weise organisiert werden kann durch Analyse in Begriffen dieser 5 Kategorien. But because these categories operate together, it became clear that they themselves could have no true self-nature. Da aber diese Kategorien immer zusammen funktionieren, wurde allmählich klar, dass die Kategorien selbst keine eigene innewohnende Selbstnatur haben können. And even when they were analyzed down to their most basic building blocks, it became clear that the very finest concrete or material basis for anything, because it stands in relation to others, always has sides and dimensions. Und als man versuchte, das sozusagen bis in die kleinsten Bestandteile zu analysieren, wurde klar, dass dadurch, dass alles in Relation zu allem anderen steht, jedes solche Bestandteil gewissermaßen Größe und Dimension haben müsste. That meant that there could be no truly autonomous entity anywhere. Und das bedeutet, dass es nirgendwo eine wahrhaft autonome Entität, Dinglichkeit irgendwo geben könnte. That the world is not built up of basic building blocks, each having their own identity, but rather it is a complex system of field factors, dynamic factors, which are always moving in relation with each other. Dass also die Welt nicht aus autonom existenten Bausteinchen, die jedes für sich eine unabhängige autonome Existenz führen kann, konstruiert sein kann, sondern dass die Welt eher eine Art sehr komplexes System von dynamischen Feldern, die in ständige Wechselwirkung miteinander stehen, sein muss. Which points to a dynamic inseparability of all phenomena. Und das weist auf eine dynamische Untrennbarkeit aller Erscheinungen hin. So if each phenomena doesn't have a true internally defining core or essence, Wenn aber jedes Phänomen oder alle Phänomene keine wahrhaft vorhandene, innewohnende, definierende Essenz oder definierenden Kern besitzen, what it is, its identity arises in relation to other arisings. so muss es also sein, dass die Identität eines jeden von ihnen nur in Beziehung und in Abhängigkeit von dem Erstehen anderer Phänomene ersteht. That is to say, identity is neither intrinsic nor extrinsic, but relational. Und das drückt aus, dass Identität weder intrinsisch noch extrinsisch ist, sondern sie beruht auf Beziehung oder Bezogenheit. Which led to the idea everything is empty, empty of inherent self-nature. Und das führt zu der Idee, dass alles leer ist, leer von einer innewohnenden Eigennatur. When I say it led to it, this is a Western intellectual way of looking at Indian history. From the point of view of the Dharma transmission, all of these teachings were embedded in the very first words of the Buddha. Wenn man also sagt, das führte dazu, dann ist es natürlich eine sehr westliche intellektuelle Sichtweise, Geschichte zu betrachten. Vom Standpunkt der traditionellen Dharma-Übermittlung würde man eher sagen, dass all diese Aspekte bereits in den allerersten Worten des Buddha eingebettet waren. And it marks a radical shift, so that instead of saying that each phenomena in the world is built out of matter, Und das bedeutet eine radikale Verschiebung, denn es sagt, dass statt die Aussage zu treffen, dass alle Erscheinungen dieser Welt aus Materie bestehen, that these are permutations of matter, oder sozusagen Wandlung und Vertauschung, Umstrukturierung von Materie sind, Permutation von Materie sind, what it's saying is that each thing is the appearance of emptiness. was es stattdessen sagt, ist, dass jedes Ding eine Erscheinungsform der Leerheit ist. What is shared by all phenomena is their emptiness, their absence of inherent self-nature, Was von allen Erscheinungen oder Phänomenen geteilt wird, ist ihre Leerheit oder die Abwesenheit einer innewohnenden Eigennatur. and what they are differentiated by is merely the form of manifestation. Wodurch sie sich unterscheiden, ist lediglich die Form ihrer Manifestation. Which is why they are described as being illusory. Und das ist der Grund, warum alle Phänomene als illusorisch beschrieben werden. So, from one point of view, if we say everything is empty, it means simply it's not substantial.
Von einem Standpunkt her betrachtet, wenn wir sagen, alles ist leer, dann sagen wir damit, es ist nicht substanziell. So it appears that there is a kind of level of manifestation, but it's not anything at all. Sodass von dieser Sichtweise her es erscheint, als ob es da eine Ebene der Manifestation, des Erscheinens gibt, aber dann da nichts Konkretes ist. But this not anything at all is not just nothing, 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 because it's inseparable from everything. Aber dieses Nichts an sich ist nicht ein Nichts, sondern es ist sozusagen zugleich auch alles. So we start to feel the quality of emptiness as the ground, emptiness as the source, the unformed dimension, which is the basis of all form. Und so fangen wir an, die Leerheit als den Grund zu fühlen, als die Quelle zu fühlen, als die ungeformte Dimension, die zugleich die Basis für das Entstehen jeglicher Form darstellt. And it's this that's referred to as the sky-like nature. Und dieses ist das, worauf sich hier bezogen wird als die himmelsgleiche Natur. But it's not just like some big hole in space that astronomers try to identify. Es ist aber nicht wie ein Riesenloch im Raum, den die Astronomen versuchen zu bestimmen. This emptiness is inseparable from awareness. Diese Leerheit ist untrennbar von Bewusstheit. That is to say, this is a radically, absolutely non-material view of our lively intelligence, our sense of being present here together. Das drückt aus, dass es eine radikal nicht materielle Sichtweise unserer gelebten, lebendigen Präsenz unserer Bewusstheit ist. Of course, if we didn't have a body, we wouldn't be here communicating together. Natürlich, wenn wir keinen Körper hätten, dann würden wir hier nicht zusammensitzen können, um miteinander zu kommunizieren. But our body, our ears, our nose, our feet, everyone we see, all of this is part of the experience arising together to this open awareness. Aber unsere Körper, unsere Ohren, unsere Füße, all das, was wir hier zusammen haben, ist ein Ausdruck unserer gleichzeitig entspringenden Erfahrung in der offenen Bewusstheit. So the sky-like nature is the emptiness, the ungraspability of our own nature, which is nonetheless always redolent, always suffused with the shining clarity of our mind. Das heißt, diese himmelsgleiche Natur, diese Leerheit ist I didn't get it. Sorry. So this open dimension of our mind is always suffused with the radiant clarity of awareness. Diese offene Dimension unseres Geistes ist immer durchtränkt durch die Qualität einer strahlenden Bewusstheit. So from this point of view, when we look out the window, we can see on the distant hills many trees. Von diesem Standpunkt her können wir zum Beispiel, wenn wir durchs Fenster schauen, auf den entfernten Hügeln viele Bäume sehen. These trees present themselves to us because they are within our mind. Diese Bäume stellen sich uns dar, weil sie in unserem Geist anwesend sind. That's to say, the mind is not limited by the body. Mit anderen Worten, der Geist ist nicht durch den Körper beschränkt. It's not inside the body, but it's also not outside the body. Er ist nicht innerhalb des Körpers und ist aber auch nicht außerhalb des Körpers. You can look for it everywhere, but you'll never find it located as something. Man kann überall nach ihm Ausschau halten, aber man wird ihn niemals als irgendwo lokalisiert finden. And yet it is precisely present with all that arises. Und doch ist er präzis gegenwärtig mit allem, was erscheint. So this is the sky-like nature, and he's saying that all phenomena, everything you encounter, is inseparable from your own mind. Und das ist die himmelsgleiche Natur, und was er hier ausdrückt, ist, dass alles, was man sieht, alle Phänomene überhaupt untrennbar vom eigenen Geist sind. Moreover, although we use the term sky to refer to the sky itself has no specific individual nature at all. Dann heißt es ferner, obgleich wir das Wort Himmel verwenden, um auf den Himmel zu verweisen, hat der Himmel selbst keine, wie auch immer geartete, spezifische eigene Natur. Sky here translates both what we would call the atmosphere and space. It's meaning that you can't nail it down. You can't say that it's this or that, any particular thing.
Himmel, also im Sinne von dem, was wir eben auch sagen würden, als spezifisch hier unsere Atmosphäre, aber auch der Raum überhaupt, ist etwas, was nicht festgenagelt werden kann. Es kann nicht gegriffen werden als dieses oder jenes. That whatever is manifesting inside this space. Und alles, was sich manifestiert, manifestiert sich innerhalb dieses Raumes. And this sky, this space has no limit. Und dieser Raum oder dieser Himmel hat keine Begrenzungen. Then he says it is completely beyond being an object to which might be applied delimiting concepts such as is not, without existence, without non-existence, and so on. Dann heißt es, er ist völlig jenseits davon, ein Objekt zu sein, auf das solche begrenzten Konzepte wie er ist nicht, ohne Existenz oder ohne Nicht-Existenz und so weiter angewandt werden könnten. Indian philosophy at the time that he was writing was full of very, very precise logical analysis of the nature of existence and what phenomena were, where they came from, and so on. Indische Philosophie, Sarahas Zeit, war voller sehr präzise logischer Analysen von Begriffen der Existenz und Nicht-Existenz und der Bestimmung von was besteht und was nicht besteht. In which people were trying to come to the clarity of a definite decision about how the world is. Darin versuchten Leute zu einer Klarheit, einer endgültigen Entscheidung zu kommen, zu entscheiden, wie die Welt beschaffen ist. But what he's saying is that our existence is not something you can capture. Was er aber ausdrückt, ist, dass unsere Existenz nicht etwas ist, dessen man habhaft werden könnte. It's always eluding any of the concretizations which might be applied to what are taken to be objects. Sie entzieht sich jeder Art von Konkretisierung, die man auf irgendetwas anwenden könnte, was man als eine Art Objekt betrachten könnte. So we can say, in my hand I'm holding a watch. Wir können also sagen, in meiner Hand halte ich jetzt eine Uhr This watch is made by Tissot. und diese Uhr wurde von Tissot hergestellt. It's not a very expensive watch, but it costs something. Es ist keine sehr teure Uhr, aber sie hat einiges gekostet. Unlike most things nowadays, it's not made in China. Ungleich den meisten Dingen heutzutage ist sie nicht in China hergestellt. So we can know something about the history of watchmaking, Wir können vielleicht etwas über die Geschichte der Uhrmacherei wissen. and we can comment on the style of the watch. Wir könnten den Stil, die Bauart dieser Uhr kommentieren. We can weigh it, we can look at the things it's made of, and so on. Wir können sie wiegen, wir können die Materialien untersuchen, aus denen sie gemacht ist. And all of this can help us to build up a composite sense of what is a watch. Und all das kann uns helfen, einen zusammengefügten Sinn dafür, was eine Uhr ist, zu entwickeln. But what is in my hand? Aber was ist denn in meiner Hand? As soon as you're able to say it's a watch, then all your knowledge about watches can be applied to it. Sobald wir fähig sind zu sagen, das ist eine Uhr, kann natürlich auch das ganze Wissen über Uhren angewandt werden. But if you don't know that it's a watch, even if you know a lot about watches, what would you say about it? Wenn wir aber nicht wissen, dass es eine Uhr ist, selbst wenn wir eine Menge über Uhren wüssten, was könnten wir darüber sagen? It's just some shiny thing. Irgendwas Glänzendes. If a child has grown up always with a big plastic digital watch, what would they do with this? Wenn ein Kind immer mit einer Plastik-Digitaluhr aufgewachsen ist, was wird ein Kind mit sowas anfangen? That is to say, once you have the object, you can apply lots of things to it. Das drückt aus, dass sobald das Objekt etabliert ist, kann man eine ganze Menge darauf anwenden. So in the world there are many, many things that we see, and then we apply adjectives, adverbs, and so on to fill them out, round them out, and turn them into what we take them to be before we even apply the concept. In der Welt gibt es ja natürlich eine Menge Dinge, die wir sehen können, und wir haben viel Gelegenheit, dann all die Wörter, Adverben und Adjektive und was auch immer anzuwenden, um den Raum zwischen ihnen zu füllen und sie zu etwas zu verwandeln, was wir für existent halten, bevor wir angefangen haben, sie in ein Objekt zu verwandeln. Now, if we look out at the sky, we can say, oh, it's full of clouds. Wenn wir den Himmel anschauen, könnten wir sagen, oh, er ist voller Wolken. Does that tell us anything about the sky? Sagt uns das etwas über den Himmel? It tells us it offers hospitality to clouds. Es sagt uns nur, dass der Himmel sozusagen Gastfreundschaft den Wolken gegenüber anwendet.
But what does it tell us about the sky as sky? Aber was sagt es uns über den Himmel als Himmel? Maybe nothing, Vielleicht gar nichts. because we can't find it. Wir können ihn nicht finden. So all our adjectives and adverbs, what are they going to attach themselves to? All unsere Adjektive und Adverbien, wo sollen die sich eigentlich dran festhängen? That's what he's meaning. This sky-like nature, which is the field within which all phenomena arise, is not itself an object to which you can attach any kind of signification. Und das ist das, was er sagt, dass diese himmelsgleiche Natur, die Art und Weise ist, in der alle Phänomene existieren, selbst kein irgendwie geartetes Objekt ist, an das man in irgendeiner Weise irgendwelche bedeutungstragenden Worte heften könnte. And he says, in the same way, sky, mind, and actual reality have not the slightest difference. Und dann heißt es hier, in der gleichen Weise unterscheiden sich Himmel, Geist und die tatsächliche Wirklichkeit nicht im geringsten. And this actual reality means things as they are without any interference. Und tatsächliche Wirklichkeit bezieht sich ja auf die Dinge, wie sie sind, ohne unser irgendwie geartetes Eingreifen. If you like, this is the goal that Edmund Husserl set himself. Wenn man so will, ist es das Ziel, das sich Husserl selbst gesetzt hatte. The possibility of bracketing off all projections, all incorporations, in order to see the things as they really are. Die Möglichkeit, alle Projektionen und alle Einbildungen auszuklammern, um die Dinge in ihrer Tatsächlichkeit zu sehen. In the end, he gave up that project. He thought it would be impossible. Am Ende gab er dieses Projekt auf, weil er dachte, es sei unmöglich. In the Buddhist tradition, because we don't rely purely on an intellectual analysis, that we find another way into encountering things as they are. In der buddhistischen Tradition, da wir uns nicht auf lediglich intellektuelle Analyse verlassen, finden wir andere Wege, um den Dingen so zu begegnen, wie sie tatsächlich sind. That is to say, meditation as a way of sloughing off the accretions of conceptual certainty and prediction. It is done in the same way that a snake sloughs off an old skin it no longer needs. In dieser Weise ist Meditation eine Methode, sozusagen die hinzugefügten Schichten von Konkretisierung und Vorhersagbarkeit wegzuschälen, so wie eine Schlange ihre alte Haut abwirft. So he's bringing together three things. One is the sense of sky or space. That is to say, just this space outside, the space in the room, the space in us, all-pervading space which has no limit, no top and bottom. Bringt hier drei Dinge zusammen. Das ist einerseits der Himmel oder der Raum, in dem ganz einfachen Sinne von Raum, da draußen, hier drin, in unserem Körper, diesen alldurchdringenden Raum, in dem alles stattfinden kann. And awareness, the quality of mind through which everything is experienced. Dann die Bewusstheit, die Qualität des Geistes, in dem alles erfahren wird. And the actuality, the direct presentational experience of all phenomena, these three are inseparable. Und die Tatsächlichkeit, die direkte Wahrnehmbarkeit all dessen, was Phänomene sind, all diese drei Dinge sind untrennbar. All the names that indicate difference are merely sudden adventitious titles. All die Bezeichnungen, die auf einen Unterschied verweisen, sind nichts als plötzliche, zufällige Namen. That is to say, the name never captures the essence of any phenomena for two reasons. Phenomena have no essence, and that names only apply to the surface. Und das drückt aus, dass ein Name niemals die Essenz eines Phänomens gefangen nehmen kann, einfangen kann. Aus zwei Gründen. Erstens haben die Phänomene keine Essenz und zweitens bezieht sich der Name immer nur auf die Oberfläche. If you walk here in the forest with a botanist, they will be able to give you the name of everything that's growing. Wenn man hier im Wald mit einem Botaniker herumschweift, könnte der vielleicht den Namen einer jeden hier wachsenden Pflanze nennen. Some little yellow flower is growing, Da wächst also zum Beispiel so eine kleine gelbe Blume and suddenly on top of it lands a big Latin name. und auf diese kleinen gelben Blume landet ein riesiger lateinischer Name.
but the flower very bravely just keeps smiling a little. Aber die Blume, mutig wie sie ist, fährt damit fort zu lächeln und im Wind zu schwanken. And maybe we think, oh, this botanist just talking fancy language. Und wir denken, vielleicht redet dieser Botaniker einfach nur irgendwie eine Fantasiesprache. It's just a yellow flower. Das ist bloß eine gelbe Blume. But it's not. Aber das trifft nicht zu. We say yellow, we say flower. Wir sagen gelb, wir sagen Blume. This is nature abuse. Das ist Missbrauch der Natur. Treat nature properly, leave it alone. Man muss die Natur richtig behandeln und sie sich selbst überlassen. You can look, but no touching and no speaking. Wir können schauen, aber kein Berühren, kein Sprechen. What is it? Was ist das? Do you like it? Magst du es? Because it's very important to see how much power we seem to give ourselves to this fantasy that because we know the names of things, we know what they are. Denn das ist sehr wichtig zu erkennen, wie viel Macht wir versuchen uns dadurch zu verleihen, dass wir uns der Fantasie hingeben, dass nur weil wir die Namen von Dingen kennen, dass wir wissen, was sie sind. But the name, as he's indicating, is adventitious. It's something which merely arises according to conventional categories. Aber der Name, wie es hier heißt, ist lediglich zufälliger Art. Sie ist etwas, was einfach entsprechend den zufälligen konventionellen Kategorien entstanden ist. They are without true validity and are merely descriptive words. Sie haben keine wahre Gültigkeit und sind nichts als bloße der Beschreibung dienende Wörter. Everything is one's own mind. Alles ist unser Geist. Because when we apply words, we enter into the realm of talking about and thinking about things. Denn wenn wir Wörter anwenden, dann betreten wir den Bereich des über Dinge Nachdenkens und Sprechens. So if we say this is a watch, then we can say this is a watch with a black leather handle. Wenn wir also sagen, das ist eine Uhr, dann können wir auch gleich hinzufügen, das ist eine Uhr mit einem schwarzen Armband. And we can describe more things about it. Und wir können auch mehr Eigenschaften beschreiben. But this is being put by my mind onto the object. Aber das bedeutet, dass sozusagen der Geist auf dieses Objekt hinzugefügt wird. But when we look at the object and we say this is a watch, our normal experience is to see the watchness of the watch as being in the thing in my hand. Wenn wir aber für gewöhnlich diese Uhr anschauen und sagen, das ist eine Uhr, dann ist unsere gewöhnliche Erfahrung eher die, zu denken, dass wir da eine Urhaftigkeit der Uhr sehen, die in der Uhr selbst wurzelt. This is a cognitive projection. Und das ist eine kognitive Projektion. We're used to the notion of more emotional or historical projections and transferences when the feeling tone or the expectations about another person's behavior are taken from our own lived past and put onto someone else. Wir benutzen mehr historische oder soziale Projektionen, wenn gewissermaßen die Empfindung einer Situation auf das Verhalten einer Person angewendet wird, weil wir eine gewisse Erwartung in Bezug auf dieses Verhalten aufgrund der eigenen gelebten Erfahrung haben. But here we're being invited to see that everything in the world that you see and know is your own mind's creation. Hier werden wir aber eingeladen zu sehen, dass alles in der Welt, was wir sehen oder kennen, nichts anderes als die Kreation, die Schöpfung unseres eigenen Geistes ist. He said everything is one's own mind. Er sagt, alles ist der eigene Geist. This is not to say that we ourselves have created these things. Das drückt nicht aus, dass wir selbst diese Dinge erschaffen haben. It's not some kind of purely idealistic philosophy like Bishop Berkeley. Es ist also nicht eine rein idealistische Philosophie wie die eines Bischofs Berkeley. In Buddhism we say everything is like a dream. It's not that it is a dream. Im Buddhismus sagen wir, alles ist wie ein Traum. Wir sagen nicht, es ist ein Traum. That is to say, to be alive is to be in contact with phenomena which are constantly changing moment by moment. Das drückt aus, dass lebendig zu sein auch bedeutet, in Kontakt mit den Erscheinungen zu sein, die sich ohnehin von Augenblick zu Augenblick verändern. That there is a ceaseless dynamic, fresh
graspable relationship between subject and object unfolding. Hier gibt es eine unaufhörliche dynamische Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt, so wie sich diese von Augenblick zu Augenblick entfaltet. And this is hidden from us by our appropriation of phenomena through the projection of names onto them. Das verbirgt sich aber vor uns durch die Aneignung der Phänomene, durch unsere Projektionen, indem wir Namen auf die Phänomene projizieren. In a sense, you could say this is neurotic. In einer gewissen Weise könnte man sagen, das ist neurotisch. That is to say, it's grounded in an anxiety of not being able to relax and be with things as they are. And so the projection of fixed identity on the basis of language is a defensive strategy. Und so könnte man sagen, das gründet in der Unfähigkeit, sich zu entspannen mit den Erscheinungen, so zu sein, wie sie sind, sondern sich auf eine selbstschützende Strategie des Benennens zu verlassen. Then he says, out with one's own mind, there is not even an atom's worth of anything else. Dann heißt es hier, außerhalb des eigenen Geistes gibt es nicht einmal ein Atom an Wert von irgendetwas anderem. Is Las Vegas in your mind? Nun, ist Las Vegas in unserem Geist? No, because I know it's in America. Nein, ich weiß doch, dass es in Amerika ist. Where's America? Aber wo ist Amerika? You have to go across the Atlantic Ocean. Ja, man muss den Atlantik überqueren. Where's the Atlantic Ocean? Wo ist aber der Atlantische Ozean? Well, it's not in my mind, otherwise I'd be drowning. Aber sicher nicht in meinem Geist, sonst würde ich ja absaugen. If you think that your mind is something very small, then what he's saying has no meaning. Wenn wir denken, dass unser Geist etwas sehr Kleines ist, dann hat das, was er da sagt, keine Bedeutung. So this brings us back again to the question, what is the difference between a personal consciousness and the mind that is referred to here? Das bringt uns zurück zu der Frage über den Unterschied zwischen persönlichem Bewusstsein und dem Geist, wie er hier verwendet wird. As we touched this morning, generally speaking, we encourage people to be self-reflective. Wie wir das schon heute besprochen haben, wir ermutigen in der Regel Leute, selbstreflexiv zu sein. If you can't think in a profound way about what is going on, that is to say, to hold the sense of the world, the sense of yourself, the sense of your own history, and avoid the splitting off into immediate responses and really struggle to hold it all together, you are likely to act in a blind way. Wenn wir nicht in der Lage sind, gewissermaßen eine tiefere Einsicht in das, was vor sich geht, ist also sozusagen die Welt und unsere eigene Befindlichkeit darin klar zu sehen und nicht einfach auf Situationen impulsiv oder reaktiv einzugehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns in einer sehr blinden Art und Weise verhalten werden. This kind of struggle to think is a major strand in post-Kleinian psychoanalysis. Und diese Bemühung um die Fähigkeit nachzudenken ist eine der wichtigen Stränge in der kleinsten Psychoanalyse. But what's being referred to here is something different. Aber worauf hier Bezug genommen wird, ist etwas völlig anderes. We're not talking about being able to be consciously in relation to phenomena, where the one who is in relation is the capacity to think. Wir reden hier nicht über die Fähigkeit, bewusst in Beziehung zu Phänomenen zu stehen, wo derjenige, der in Beziehung steht, gewissermaßen verkörpert ist durch die Fähigkeit nachzudenken. Nor are we talking about the automatic self-reflexivity which is engaged in any act. Auch sprechen wir nicht hier über diese automatische Selbstbezüglichkeit und Reflexivität, die sich in die normale Weise zu reagieren engagiert. For example, I'm speaking to you, Zum Beispiel spreche ich zu euch, sagt James, and I know that I'm speaking. und er weiß, dass er spricht. Because although the words are going out, I'm also hearing myself speaking. Denn obwohl die Wörter zu euch gehen, hört er auch sich selbst sprechen. Now, this return is a kind of affirmation to myself. I am the one who is speaking. Diese Rückkehr ist eine gewisse Art der Bestätigung mir selbst gegenüber, dass ich derjenige bin, der spricht.
That is to say, I am being affirmed as the one who is speaking. Das heißt, ich werde darin bestätigt, derjenige zu sein, der spricht. My agency, my sense of the one who is doing, of being the one who is doing it, seems to be made certain each time I get this feedback loop. Sagen, diese Funktion von mir als Agent des Sprechens, als derjenige, der spricht, wird jedes Mal, wenn diese Rückkopplungsschleife durchlaufen wird, verfestigt und bestätigt. And we're all familiar with this. Und wir sind alle damit vertraut. We're also familiar when it doesn't happen to us. Und wir kennen auch die Situation, wenn dies nicht geschieht. For example, you might be in a cafe chatting with a friend, Vielleicht sitzen wir in einem Café und sprechen mit einem Freund and you're really into what's going on, und wir sind wirklich da drin in diese Frage, was dann gerade vor sich geht. then you put your hand down to drink your coffee and you find the cup's empty. Und dann machen wir die Hand, bringen wir sie zur Tasse und wollen Kaffee trinken und finden raus, dass die Tasse leer ist. Because you were so absorbed in the conversation, you weren't aware of drinking the coffee. Denn wir waren so absorbiert durch die Unterhaltung, dass wir nicht gemerkt haben, dass wir den Kaffee bereits getrunken haben. So that's often quite a shock. How did that happen? Und das ist oft ein Schock. Wie ist es möglich gewesen? People who are experienced car drivers can often drive long journeys without much conscious memory of what they were doing. Erfahrene Autofahrer können durchaus lange Strecken fahren, ohne irgendeine bewusste Erinnerung daran, was sie da eigentlich gemacht haben. But generally speaking, this self-reflection is occurring, and it becomes the ongoing reassurance of our own personal individual identity. Aber allgemein gesprochen ist diese Feedback-Schleife vorhanden, diese Zurückversicherung, diese Bestätigung ist da und wird zu einer Bestätigungsinstanz unserer eigenen Identität. In the Buddhist tradition, this is also what is called attachment. In der buddhistischen Tradition ist das dasjenige, was auch als Anhaften bezeichnet wird. On its crudest level, attachment is the sense, this is my watch, it's mine, so I don't want you to steal it. Auf seiner gröbsten, krudesten Ebene ist Anhaften sozusagen diese Empfindung, oh, das ist meine Uhr und ich will sie behalten, ich will nicht, dass du sie stiehlst. But on the more subtle level, it's the quality of identification with the emergence of manifestation, as if we were the one who was doing it, we were the one who was the possessor of it. Aber auf der subtilsten Ebene ist es eine Identifizierung mit dem Erscheinen selbst, als ob wir diejenigen sind, die dieses Erscheinen hervorbringen und der Eigentümer dieses Erscheinens wären. For example, you have the sense that you are sitting here. Wir haben zum Beispiel das Empfinden, dass wir hier sitzen. You know it's you who's sitting here. Wir wissen, dass es wir sind, die hier sitzen. It would be very strange if you didn't have the sense that you were sitting here. Es wäre sehr seltsam, wenn wir diese Empfindung nicht hätten, dass wir hier sitzen. But what is the quality of knowing that you are the one who is sitting? Was aber ist die Qualität des Wissens darum, dass wir diejenigen sind, die hier sitzen? Who is sitting here? I am sitting here. Wer sitzt hier? Ich sitze hier. Question, answer. Frage, Antwort. Good. Now we know what's what. Also gut, wir haben jetzt rausgekriegt, was ist. But who is the one who says, I am the one who is sitting here? Aber wer ist derjenige, der sagt, ich bin derjenige, der hier sitzt? I don't know. Ich weiß nicht. Anyway, let's not bother with that. Ach, lass uns doch damit sich nicht aufhalten. This is what is happening all the time. That to be able to really look, who am I, is very hard. Und das ist das, was die ganze Zeit über geschieht, dass die Frage, wer bin ich, die wirklich anzuschauen, sehr schwierig ist. As we know in the history of the development of modern psychotherapy, the brave pioneers, Sigmund Freud and Jung, carried out to some extent their own analysis. Wie wir aus der Geschichte der Psychoanalyse wissen, also aus der Entwicklung der modernen Psychoanalyse wissen, haben die Pioniere der Psychoanalyse bis zu einem gewissen Maß versucht, ihre eigene Analyse durchzuführen. They didn't recommend that other people do this. Sie haben aber nicht empfohlen, dass andere das auch tun. This may be because they were wanting to have a job, Vielleicht, weil sie auch einen Job haben wollten. and it was better for them to have people to come to them for analysis. Und es war für sie besser, die Leute zu ihnen kommen zu sehen, um Analyse zu bekommen. But also because it's very hard to see ourselves.
aber auch, weil es sehr schwierig ist, sich selbst zu sehen. Cheating ourselves is very easy. Sich selbst zu betrügen ist sehr einfach. That somehow we have these kind of bizarre lenses inside ourselves that distort our perception of ourselves. Auf eine gewisse Weise haben wir diese bizarren Linsen in uns, die unsere Wahrnehmung unseres Selbst so auf eine groteske Weise verzerren. That is to say, a great deal of the ways in which we can't see who we are is hidden from us. In modern language, you say it's unconscious. Und das drückt nichts anderes aus, als dass viele Aspekte dessen, wie wir sind, vor uns verborgen sind. Sie sind in moderner Sprache ausgedrückt unbewusst. And therefore, having someone else to recognize and help us to see when we get caught up in them is helpful. Daher ist es hilfreich, jemanden zu haben, der das erkennen kann und sichtbar machen kann, wenn wir darin gefangen sind. In the Eastern traditions of meditation, they took another tack. Und in der östlichen Tradition der Meditation wurde dann noch ein anderer Ansatz gewählt. They privileged the development of particular kinds of methods, what we call meditation, in order to be able to facilitate the capacity for self-examination. Sie haben eine gewisse Technik, gewisse Methoden, die man Meditation nennt, privilegiert, um die Fähigkeit der Selbstuntersuchung durchzuführen, zu fördern. But also the possibility of being able to enter into some kind of dialogue with those who know, whether they're in a sangha or a teacher or whatever. Aber auch zugleich die Möglichkeit damit eröffnet, in eine Art Dialog mit jenen, die bereits wissen, einzutreten, Mitglieder des Sangha, Lehrer und so weiter. So this quality of self-reflexiveness, which confirms I am I, me, myself, becomes a solid point, a kind of opaque barrier to seeing the ground of our own nature. Und diese Qualität der Selbstreflexivität, dieses Wissens, wer ich als ich selbst bin, wird zu einer Art undurchdringlichen, undurchsichtigen Barriere, die uns daran hindert, unsere Grundnatur zu sehen und zu erkennen. And at this point, this is what we call a consciousness. Und an diesem Punkt nennen wir das Bewusstsein. So consciousness is the quality of mind which takes an object. Und Bewusstsein ist also eine Qualität des Geistes, die ein Objekt wählt. So we are conscious of how our body is. Wir sind zum Beispiel bewusst unseres Körpers. And if our knees get sore, we want to move up. Und wenn unsere Knie anfangen weh zu tun, dann wollen wir unseren Körper bewegen. But we're also conscious of ourselves. We know when we're maybe tired or thirsty or happy or sad. Wir sind auch unser selbst bewusst. Wir sind, wann wir müde oder traurig oder durstig oder was auch immer sind. That is to say, we feel like a subject in the very process of attending to ourselves as if we were a series of objects. Das heißt, wir fühlen uns als eine Art Subjekt in dem Prozess, uns selbst beizuwohnen, als ob wir zugleich eine Abfolge von Objekten wären. This is how consciousness makes sense of the world. Und das ist die Art und Weise, wie das Bewusstsein aus der Welt eine Art Sinn herstellt. It's not bad or wrong. Darin ist nichts Falsches oder Schlechtes. It has a particular and limited area of functioning. Das hat eine bestimmte und begrenzte ein Anwendungsgebiet der Funktion. The error arises where we expect it to carry out a function that it can't do. Das Problem entsteht, wenn wir vom Bewusstsein erwarten, Dinge oder Funktionen zu übernehmen, die es nicht übernehmen kann. Because consciousness cannot penetrate the barrier of the flow of thoughts, because consciousness attends to thoughts as the limit of existence. Bewusstsein kann uns nicht helfen, die Barriere des Flusses der Gedanken zu durchdringen, weil das Bewusstsein gewissermaßen die Gedanken die Grenze der Existenz darstellen. Not referring to the consciousness which takes an object. Wenn also hier der Text sich auf den Geist bezieht, dann bezieht er sich nicht auf das Bewusstsein, welches ein Objekt wählt. It refers to the basis of this movement of consciousness. Es bezieht sich hier auf die Basis dieser Bewegung, die zu Bewusstsein führt. That is to say, consciousness is seen as a movement of the energy of the mind. Das heißt, Bewusstsein wird hier als eine Bewegung der Energie des Geistes gesehen. To use the image we used before, it's like a particular
reflection in the mirror. Um das Bild, das wir schon bereits verwendet haben, noch einmal zu benutzen, ist es eine bestimmte Spiegelung im Spiegel. The mirror shows the reflection can't show the mirror. Der Spiegel zeigt die Spiegelung, aber die Spiegelung kann nicht den Spiegel zeigen. Because there are reflections, you can know there's a mirror, but the reflections hide the mirror. Weil es Reflexionen gibt, können wir wissen, dass es da einen Spiegel gibt, aber die Spiegelung selbst verbergen den Spiegel. In the same way, thoughts show the radiance of the mind, but in themselves hide the radiance of the mind. In dieser gleichen Weise zeigen Gedanken die Strahlkraft des Geistes und zugleich verbergen sie diese Strahlkraft. Particularly because they say, look at me, pay attention to me. Insbesondere, weil sie zu sagen scheinen, schau mich an, beachte mich. And so our attention is endlessly fascinated by the content of our mind, Sodass unsere Aufmerksamkeit endlos von den Inhalten unseres Geistes fasziniert ist. which is always changing and moving. Und diese Inhalte sind in ständige Veränderung und Bewegung begriffen. And there is no end to this fascination. Und es gibt kein Ende für diese Faszination. And even if we do feel an end of the fascination, say we feel very, very depressed and we feel I can't bear it anymore, Und selbst wenn wir das Ende der Faszination spüren, wenn wir sehr deprimiert sind und sagen, ich kann das nicht mehr ertragen, because we then feel I have no way of ending these thoughts but to kill myself. wenn wir an diesem Punkt sind, dann haben wir das Gefühl, dass ich keine Möglichkeit habe, diese Gedanken zu beenden, außer mich selbst zu töten. Because these thoughts are me, they define me, I can't separate myself from them. Weil diese Gedanken ich selbst bin, weil sie mich definieren und es keinen Weg gibt, mich von diesen Gedanken zu trennen. In order to solve this problem, we need to find the way to relax through the waterfall of streaming sensation and experience and see what lies behind it, which is inseparable from it. Um das zu vollbringen, müssen wir fähig sein, uns zu entspannen, gewissermaßen in diesem Wasserfall von endlosen Empfindungen und Wahrnehmungen und dann sozusagen durch diesen Wasserfall hindurchzuschauen und zu sehen, was dahinter ist. So that's why he's saying the mind is like the sky. Und das ist der Grund, warum er sagt, der Geist ist wie der Himmel. So whenever we're using the term mind here, it's not your individual consciousness that is thinking about this and that, but it is your relaxed, open capacity to entertain everything in an instant. Wenn er also sagt, Geist, dann ist es nicht dieses Bewusstsein, das diesem oder jenem Gedanken beiwohnt, sondern es ist unsere offene Fähigkeit, alles in einem Augenblick zu unterhalten. In the break, for example, you can go and walk out on the road and look out into the infinite valley. In der Pause können wir zum Beispiel hinausgehen, auf die Straße gehen und in diese Unendlichkeit des Tals hinausschauen. Just relax into the out-breath and just be present with whatever's there. Wir können uns dann mit der Ausatmung entspannen und mit allem, was gerade da gegenwärtig ist, gegenwärtig sein. If thoughts about what you're experiencing are arising, just let them come and go. Wenn Gedanken darüber, was wir gerade erfahren, aufkommen, lasst sie kommen und gehen. And just stay open to what's there. Beautiful scenery. Steht einfach offen für das, was da ist, für diese wunderbare Szenerie hier. And see if you can have a felt sense of the immediacy, the non-separation, the non-duality of what appears to be external and your awareness. Und wir können sehen, ob wir vielleicht ein Empfinden dafür haben, für die Unmittelbarkeit von dem, was sich als Äußeres darbietet und unsere eigene Bewusstheit, die Untrennbarkeit davon direkt zu spüren. And this is why he says, out with one's own mind, there is not even an atom's worth of anything else. Und das ist der Grund, warum er sagt, außerhalb unseres eigenen Geistes gibt es nicht einen Atomwert von etwas anderem. Now, this means that each person in the room has an infinite mind. Und das bedeutet, dass jede Person in diesem Raum einen unendlichen Geist hat. It's not that if I'm in your mind, you can't be in my mind. Es ist nicht so, dass wenn ich in deinem Geist bin, du nicht in meinem Geist sein kannst. Because for me to be in your mind must be very big and I have to be a bit small. Because you've also got everyone else in your mind. I can't take up too much space.
Denn damit ich in deinem Geist sein kann, muss ich etwas kleiner sein als dein Geist. Denn damit da alle reinpassen, muss ich selber ein bisschen weniger Raum in Anspruch nehmen. This is not a problem to be solved by arithmetic. Es ist kein arithmetisches Problem. It is immediately present. Each of us includes everything. Das ist unmittelbar gegenwärtig. Jeder von uns schließt alles ein, Simultaneously. gleichzeitig. Then he says, whoever realizes that from the very beginning there has been no entitative mind has gained the excellent understanding of all the Buddhas of the three times. Dann heißt es im Text, wer immer dessen gewahr wird, dass es von einem Anfang an keinen Geist als Entität gegeben hat, der hat das hervorragende Verständnis aller Buddhas der drei Zeiten erlangt. Your mind is not a thing, you are not a thing, the world is not a thing. Unser Geist ist kein Ding, wir selbst sind kein Ding und auch die Welt ist kein Ding. We live in this ceaseless aesthetic flow, Wir leben in diesem unaufhörlichen ästhetischen Fluss, beyond appropriation, jenseits von Aneignung, because we have no place to stand outside it and pull it towards ourselves. denn es gibt keinen Platz außerhalb davon, um dort stehen zu können und es zu uns hinzuziehen. Like trying to take a handful of water. When you take something from the world, it just flows through your fingers. Das ist wie wenn man versuchen würde, mit der Hand nach Wasser zu greifen. Wenn man etwas versucht aus der Welt zu nehmen, dann zerfließt es uns durch die Finger. Because it only exists on an abstract level. Denn es existiert nur auf einer abstrakten Ebene. Things become meaningful when they're concrete. Aber Dinge sind bedeutungsvoll, wenn sie konkret sind. And the concrete depends on it working. Und das Konkrete hängt davon ab, dass es arbeitet, dass es funktioniert. I went to stay in a small hotel recently up in Scotland. James ging nach Schottland und hielt sich in einem kleinen Hotel auf. And at the end, I went to pay the bill, and the man said, "Oh, we don't take credit cards." Und am Ende ging er, um die Rechnung zu bezahlen, und der Hotelbesitzer sagte, oh, wir nehmen keine Kreditkarten. So I have the money, but my money is in the card. Ich habe das Geld, aber das Geld befindet sich in der Karte. He needs the money, but he can't take the card. Er braucht das Geld, aber er kann die Karte nicht nehmen. In the concrete moment, I had no money. In diesem konkreten Augenblick habe ich kein Geld. It's absolutely abstract that there is money in my bank account and you can get it through the card. Es ist vollkommen abstrakt, dass ich Geld auf dem Konto habe und ich es im Prinzip aus der Karte ziehen könnte. That's how life is. It's about concrete moment by moment experiences, and they're in touch with each other and then gone, and then gone. It's absolutely contingent. Das ist das, worum das Leben geht, dass es in diese Erfahrung von Augenblick zu Augenblick, dieses sich berühren und dann vergehen, berühren und vergehen. Contingent means just like adventitious, happening in the moment on the basis of different factors. Das ist sozusagen vollkommen bedingt, vollkommen den Umständen gemäß. It means when we observe our mind operating and we make statements to ourselves about ourselves, Wenn wir also unseren Geist bei seiner Funktion beobachten und über uns selbst gegenüber Feststellungen treffen, whatever the nature of these statements, was immer dann diese Feststellungen besagen, they are merely gestures. sie sind nichts als Gesten. We talk about psychodynamic. Wir sprechen hier über Psychodynamik. The psyche, the widest sense of the mind, is indeed dynamic. Die Psyche oder der weiteste Sinn von Geist ist in der Tat dynamisch. It has nothing fixed. Da ist nichts Fixiertes. It doesn't contain any things and it's not a thing itself. Sie beinhaltet nichts und sie ist auch nicht ein Ding an sich. Therefore, there is nothing to rely on. Und da gibt es also nichts, worauf man sich stützen könnte. At that point, we can start to feel a bit anxious. An diesem Punkt könnten wir uns ein wenig ängstlich fühlen. But who am I? What can I say about myself? Aber wer bin ich und was kann ich über mich selbst sagen? Why do you need to say something?
Warum brauchen wir es, etwas zu sagen? But I want to know who I am. Aber ich will doch wissen, wer ich bin. Why? Warum? Because that will let me know something. Weil ich dann etwas wissen werde. And here we see that epistemology has displaced ontology. Und hier erkennen wir, dass Erkenntnislehre die Ontologie verdrängt hat. That is to say, that by relying on categories and names, we have created for ourselves a pseudo-empty identity, telling stories about ourselves. I was born like this, my mother was like that, my father was like that. Und hier sehen wir, dass unser sich verlassen auf Begriffe und Kategorien eine Art Pseudo-Identität von irgendwelchen Geschichten, die wir uns über selbst erzählen können, geschaffen hat. Wir können erzählen, ich bin da und dort geboren worden, meine Mutter hieß so und so weiter. And this disguises and obscures the rawness, the nakedness of our being as it emerges moment by moment into the interactive field of shared experience. Das aber verkleidet und verdeckt die rohe, ungehobelte Qualität unseres von Augenblick zu Augenblick Stehens in dem interaktiven Feld von wechselseitiger Bezogenheit und Erfahrung. Now, if we can directly see this openness and insubstantiality of ourselves, Wenn wir aber diese Offenheit und Substanzlosigkeit unserer selbst unmittelbar wahrnehmen können, then all the storylines of our existence can flow through it like a surrounding of sky flowers. dann können all diese Erzählungsgeschichten, all diese Linien von Erzählungen unserer Biografie hindurchfließen wie etwa die Ornamente eines Himmelsblumenschmucks. That is to say, they are not real and yet they are something which can appear. Und das drückt aus, dass sie nicht wahr sind, oder real sind, aber sie sind etwas, was erscheinen kann. In the paintings that you can see of the Tibetan deities, they have many different ornaments around the wrist, on the upper arm, necklaces and so on. Die Gottheiten, die wir auf tibetischen Gemälden sehen können, die tragen oft viele Ornamente, Schmuckstücke auf ihren Unterarmen, Oberarmen, Hals und so weiter. The bodies of these deities is said to be translucent. They are made out of light. Die Körper dieser Gottheiten heißen, man sagt, sie seien durchsichtig, sie sind aus Licht gemacht. That is to say, they are ungraspable. Oder mit anderen Worten, sie sind nicht greifbar. And they wear all their qualities as ornaments. Und sie tragen all ihre Qualitäten als Ornamente. That is to say, the qualities are not arising out of the essence. They don't define and determine who the person is. Und das drückt aus, dass diese Qualitäten nicht etwa aus ihrer Essenz entstehen, dass sie auch nicht definieren oder determinieren, wer die Person ist. They just make them more beautiful. Sie dienen lediglich dazu, sie hübscher zu machen. And this is the same with us. Und das ist das Gleiche, was auch wir tun. We are insubstantial. Wir sind substanzlos. We are non-entities. Wir sind Undinge. And yet we have these marvelous qualities Und doch haben wir all diese wunderbaren Qualitäten. which we can wear around us. Und die können wir auf unserem Körper tragen. We have our humor, our intelligence, our playfulness, our memories. Wir haben unseren Humor, unsere Intelligenz, unsere Verspieltheit, unsere Erinnerungen. These things stream out of us like flows of rainbow light. Diese Dinge strömen aus uns heraus wie der Fluss von Regenbogenlicht. But they don't determine who we are. They don't tell us who we are. Aber sie bestimmen nicht, sie determinieren nicht und sagen uns auch nicht, wer wir sind. Because you can always change your makeup. Denn wir können das Make-up immer verändern. A little bit more coal, deeper shade of red, Ein bisschen mehr Kohle, ein bisschen tieferer Rotschatten, some high heels. hohe Haken. Saturday night is coming. Samstagabend ist am Nahen. We can go to town and give these farmers a little bit of excitement. Wir können in die Stadt gehen und diesen Bauern ein bisschen Aufregung verschaffen. The International Buddhist Transvestite Society. Die internationale buddhistische Transvestitengesellschaft. Why not? Warum nicht? Oh, why not? It's playful, Es ist verspielt. but we take ourselves very seriously.
Wir aber nehmen uns selbst sehr ernst. But I really need to know who you are, because I need to know, can I trust you? Ich muss wirklich wissen, wer du bist, denn ich muss wissen, ob ich dir vertrauen kann. Very bad idea to trust anyone. Es ist eine sehr schlechte Idee, überhaupt jemandem zu If you vertrauen. trust people, what you're essentially doing is saying, cheat me. Wenn man Leuten vertraut, dann lädt man sie im Wesentlichen dazu ein, betrügt mich. Because psychodynamic. Das ist die Psychodynamik. We are unstable. Wir sind nicht stabil. This instability is very beautiful if everyone can agree, indeed, we are dynamic. Diese Instabilität ist sehr wunderbar, wenn alle damit sozusagen einverstanden sind. Ja, wir sind dynamische Wesen. But if you want things to be stable, what are you going to do? Because they are not stable. Wenn man aber die Dinge stabil haben will, was will man tun? Sie sind nicht stabil. Then you have to cheat yourself and cheat others. Dann muss man sich selbst und andere betrügen. If you stay with the dynamic quality, you will see that the content of your mind changes moment by moment. Wenn man mit dieser dynamischen Qualität verweilen kann, dann wird man sehen, dass der Inhalt des Geistes, unseres Geistes, sich von einem Moment zum anderen ständig verändert. And generally speaking, the way that you perceive phenomena changes also. Und auch allgemein gesprochen verändert sich die Art und Weise, wie wir Erscheinungen wahrnehmen, auch von Augenblick zu Augenblick. In general terms, a sign of mental health is that people can tell different stories about themselves. Allgemein gesprochen ist es ein Zeichen geistiger Gesundheit, dass Leute über sich selbst verschiedene Geschichten erzählen können. If somebody only has one story about their life and they tell it again and again in an obsessional manner, this is usually a sign of some mental illness. Wenn jemand nur eine einzige Geschichte hat und die in eine Form der Besessenheit jedem auf den Tisch packt, dann ist es in der Regel ein Zeichen von mentaler Krankheit. This is because our nature is pluralistic. Denn unsere Natur ist pluralistisch. And this is the possibility of our dynamic contact with many different people in many different ways. Und das erschafft auch die Möglichkeit, unsere dynamischen Beziehungen zu vielen Menschen und Situationen. So, he then says, what is well known as the natural cornucopia is not just another false idea, since from the very beginning it is the co-emergent nature. Dann heißt es hier im Text weiter, was als das natürliche Füllhorn bekannt ist, ist nichts anderes als eine weitere falsche Vorstellung, da dieses von allem Anfang an die koemergente Natur ist. This is a technical term in the middle of it, this natural cornucopia. The cornucopia is a European symbol, the horn of plenty. And here it means the capacity of the mind to become many different things. Und das ist hier natürlich ein technischer Begriff und auch zugleich in der Übersetzung eine Entlehnung aus der westlichen Sprache. Dieses berühmte Füllhorn, dieses Horn, aus dem alles entspringen kann, steht hier für den Geist, der viele Dinge sein kann. We all have great potential to manifest in different ways. Wir alle haben ein großes Potenzial, auf die verschiedenste Art und Weise uns zu manifestieren. He's saying this is not another false idea. Und er sagt, das ist hier eine andere weitere falsche Idee. Because from the very beginning, we have had this co-emergent nature. Denn in der Tat haben wir von allem Anfang an diese koemergente Natur gehabt. On an ordinary level, we're thinking just about this life. You are born from the meeting together of the essences of your mother and your father. Wenn wir auf der gewöhnlichen Ebene über dieses Leben nachdenken, dann sind wir das Ergebnis des Zusammentreffens der Essenzen von Mutter und Vater. And then you have the development inside your mother's belly. Und dann haben wir eine Entwicklung im Bauch der Mutter durchlaufen. While other people are thinking about you and making plans. Und während andere Leute über uns nachdenken und Pläne schmieden. And then you are born into a world where there are many ideas about who you are. Und dann werden wir in eine Welt geboren, in der es bereits viele Ideen darüber gibt, wer wir sind. The baby comes out of its mother's body into hands. Das Kind kommt aus dem Körper der Mutter in Hände. We don't let it drop on the floor. Wir lassen es nicht einfach auf den Boden fallen. So it's immediately in relation. Also befindet es sich auch unmittelbar in einer Beziehung. In many countries, traditionally, they put the baby on the mother's belly to try to help the placenta come out. Und in vielen traditionellen
Ländern wird das Kind dann auf den Bauch der Mutter gelegt, damit die Plazenta besser rauskommt, So the baby's immediately a little bit useful. sodass das Kind auch sofort ein bisschen nützlich ist. And so it goes on and on and on. Interaction, interaction, interaction. Und so geht es immer weiter. Wechselwirkung, Wechselwirkung, Wechselwirkung. This is co-emergence. This is to say there is no, as Winnicott says, there is no baby without a mother. Das ist Konvergenz. Das ist, wie Winnicott sagt, es gibt kein Baby ohne eine Mutter. They come together. Sie kommen immer zusammen. And all our life we have been in intercourse with the world. Und in unserem ganzen Leben befinden wir uns in einer Wechselwirkung, in einer Beziehung zur Welt. Again, in these Tibetan paintings, you often see the god and the goddess joined together in sexual union. Wörtlich gesagt, im sexuellen Verkehr mit der Welt. Und wir sehen auf den Bildern ja auch oft, dass Gottheiten männliche und weibliche Formen in sexueller Vereinigung sind. This shows the ongoing intercourse of every moment of our life. Und das zeigt den fortgesetzten Sexualverkehr eines jeden Augenblicks unseres Lebens. We breathe in and we breathe out. Wir atmen ein, wir atmen aus. This is an intercourse. Das ist ein Verkehr. The world comes into us, and then we go out into the world. Die Welt kommt in uns und wir gehen hinaus in die Welt. Sensation is coming in, response is going out. Wahrnehmung kommt oder Empfindung kommen hinein und Reaktionen, Antworten kommen hinaus. And we can't step apart from this. Und wir können uns sozusagen nicht einen Schritt zurückziehen. It's not that I am having experiences, Es ist ja nicht so, dass ich Erfahrungen habe. as if it's just somehow coming to me and I'm a bit surprised. Also als ob sie sozusagen irgendwo daherkommen zu mir und ich ein bisschen überrascht bin, dass sie sich einstellen. But the flow of experience is arising ceaselessly as subject and object pulsate together. Es ist eher so, dass der Fluss der Erfahrung unaufhörlich als das Pulsieren von Subjekt und Objekt gemeinsam ersteht. We always arise with the field. We are always in the world. Wir erstehen immer gemeinsam mit dem Feld, wir sind immer in der Welt. And this being in the world together with others, this is the flow of our experience, because it doesn't stop and it shows so many, many different things. Und dieses Zusammensein mit anderen in der Welt ist unsere Erfahrung und die ist unaufhörlich, sie kann nicht anhalten und zeigt so viele verschiedene Dinge. And he says that nature cannot be demonstrated. It is inexpressible and no one can comprehend it in a dualistic way. Und dann heißt es hier im Text, diese Natur kann nicht aufgezeigt werden. Sie ist jenseits von Ausdruck und niemand kann sie auf dualistische Weise begreifen. That is to say, although I'm describing it in some way just now, it can only become immediate and direct and real for you through the practice. Und das heißt, dass, obwohl wir das versuchen hier durch Worte zu beschreiben, für uns diese Natur nur unmittelbar wahrgenommen werden kann und konkret werden kann durch die eigene Praxis. He says, if there is an owner, then he will have some possessions. Dann heißt es hier im Text, wenn es einen Besitzer gibt, so wird dieser auch einiges an Besitz haben. But if from the very beginning there has been no self, what can this non-self possibly possess? Doch wenn es von einem Anfang an kein Selbst gab, was könnte dieses Nicht-Selbst überhaupt besitzen? This is a self-liberation of neurosis. Dies hier stellt die Selbstbefreiung von Neurose dar. Because who is the owner of all these experiences, of this composite story, of this mélange of sensation and affect and cognition? Denn wer ist der Besitzer dieser zusammengefügten Feldes von Erfahrungen, dieser Melange von Denken, von Wahrnehmen, von Fühlen? These flow through this sky-like open awareness, but they don't adhere to anything because there is nobody for them to refer to. Sie fließen unaufhörlich durch diesen himmelsgleichen Raum, aber es gibt niemanden, an den sie sozusagen haften könnten, kleben könnten, denn es gibt niemanden, auf den sie sich wirklich beziehen können. As Wittgenstein proposes, language speaks to language. Wie Wittgenstein bereits vorschlug, Sprache spricht zur Sprache. Language refers to itself. Sprache bezieht sich immer nur auf sich selbst. It doesn't really tell us about the world, it doesn't really tell us about ourselves.
Sie sagt uns nicht wirklich etwas über die Welt oder über uns selbst. but it's part of ourselves and part of the world. Aber sie ist ein Teil unseres Selbst und der Welt. It's an aspect of gesturing. Es ist ein Aspekt der Geste. And so, when we can see that we don't exist in a concrete way, there is no fixed finite definition of ourselves. And through that, there is an infinite freedom to participate in many different ways. Und so, wenn wir erkennen, dass wir nicht in einer konkreten Art und Weise als irgendetwas existieren, dass es nichts an uns gibt, das uns determinieren, bestimmen könnte, können wir auf unendliche Art und Weisen an allem, was sich darbringt, partizipieren, teilnehmen. Okay, shall we take a break until 5 o'clock? Wir machen jetzt eine Pause bis 5. Okay, let's start with this 3-hour practice again. Wir beginnen wieder mit der Praxis der 3 A's. Experience the sky-like nature of the mind. Und das ist eine Chance, die himmelsgleiche Natur des Geistes zu erfahren. Just allow everything that arises to come and go like clouds, moving, moving. Wir gestatten allem, was aufkommt und geht, eben zu kommen und zu gehen, wie Wolken, die sich bewegen. So, this part of the text is not easy. It's quite dense. Dieser Teil des Textes ist nicht einfach, er ist ziemlich dicht. But we're very fortunate from a traditional point of view to be able to look at it. Aber von traditionellen Sichtweise sind wir doch sehr glücklich, dass wir da reinschauen dürfen. In Tibet, it would be normal that people would have done a lot of study and practice before they would be reading texts like this. In Tibet war es normal, dass die Menschen eine ganze Menge Studium und Praxis hinter sich bringen mussten, bevor es ihnen möglich war, einen solchen Text überhaupt anzuschauen. But it allows us to directly experience more of our own natural condition. Aber ein solcher Text gestattet uns mehr unmittelbar von unserer natürlichen Seinsweise zu erfahren. Okay, so then he says, if mind is something real that one possesses, then all phenomena will also be real and capable of appropriation. If there is no mind, who will understand what something is? Hier heißt es dann weiter, wenn Geist etwas Reales wäre, das man besitzt, dann wären alle Erscheinungen ebenfalls etwas Reales, etwas, das man sich aneignen könnte. Wenn es aber keinen Geist gibt, wer wird verstehen können, was etwas ist? So the first part, he's saying clearly that if the mind is an entity grasping at real things, it also will be graspable. In diesem ersten Teil heißt es ganz klar, wenn der Geist etwas Reales wäre und reale Dinge begreifen könnte, dann wäre der Geist selbst etwas Greifbares. But because we've already looked to see that phenomena have no inherent self-nature, if we can see that there are no real self-existing objects, then the one that is attempting to appropriate them, what existence does this have? Da wir aber bereits hineingeschaut haben in die Tatsache, dass es keine realen Objekte gibt, dass es nichts gibt, was irgendwie eine innewohnende Eigenexistenz führen würde, wer könnte es also sein, der sich solche nicht existenten Dinge aneignet? But clearly what we've been looking at, that the content of the mind is always changing. So there is nothing there that's solid.
Ganz klar haben wir gesehen, dass der Inhalt des Geistes ohnehin ständige Veränderung unterworfen ist. Es gibt also nichts Konkretes oder Festes darin. So the second part is saying, well, if there is no mind, who will understand what something is? Der zweite Teil der Aussage sagt dann, wenn es aber keinen Geist gibt, wer wird denn verstehen, was etwas ist? So he's saying here, be careful you don't set up a false dichotomy for yourself. Und das drückt aus, dass man sorgfältig darauf achten sollte, keine falsche Dichotomie für sich selbst zu errichten. That the mind is either something solid and truly existing, Nämlich die Dichotomie, dass der Geist entweder etwas Festes, wahrhaft Existentes sei and therefore at the mercy of all phenomena which would also be truly existing, und daher dann auch allen Phänomenen ausgeliefert, die ihrerseits wahrhaft existent wären. or else it's nothing at all, but then how would you function in the world? Oder aber, dass der Geist gar nichts ist und dann aber sich die Frage stellen würde, wie wollten wir denn in der Welt funktionieren? And he's saying, just observe how you set up these kind of analyses and structures for yourself. Wir müssen also beobachten, wie wir für uns selbst diese Art von Analyse und Strukturen errichten. Because then he goes on to say, mind and all the thoughts that we can perceive cannot be got by searching, and the searcher himself cannot be found. Denn es heißt hier weiter, man kann des Geistes und der wahrgenommenen Gedanken nicht durch Suche habhaft werden, und den Suchenden selbst kann man ebenso wenig finden. So he's saying, even your thoughts, if you keep looking for them, how will you get them and be able to fix them? Das drückt aus, denn selbst die Gedanken, wenn sie aufkommen, wenn man nach ihnen schaut, wie würde man sie festhalten wollen und fixieren wollen? If a thought arises in your mind and you like it, you can write it down on a piece of paper. Wenn ein Gedanke in unserem Geist entsteht und wir mögen ihn, können wir ihn hinschreiben auf ein Stück Papier. But is what is on the piece of paper the same as what was in your mind? Aber ist das, was auf dem Papier steht, genau das, was im Geiste war? Because earlier it's using this word contingent, that is to say, due to the context, due to the meeting together of different factors, the thought arises. Ich habe vorher das Wort Kontingent, also den Umständen und Bedingungen und Faktoren, die zu dem Erscheinen der Sache beigetragen haben, bedingt verwendet. And that is the environment in which the thought was moving. Und das ist das Umfeld, in welchem sich der Gedanke bewegt hat. For example, a long time ago, I lived in Dharamsala when I was studying there. Zum Beispiel habe ich lange Zeit zuvor in Dharamsala gelebt, wo ich studierte. And down in the town there was an old library with a little bit of a museum from the British colonial times. Und in der Stadt gab es da eine kleine Bücherei mit einem kleinen Museum darin aus der Zeit der britischen Kolonialzeit. In the museum they had a room with a big cabinet with many drawers, big drawers that you could pull out. Und in diesem Museum hatten sie auch einen Schrank mit sehr vielen Schubladen, die man herausziehen konnte. You pull out the drawer and there were many butterflies. Und man konnte also so eine Schublade rausziehen und dann waren da viele Schmetterlinge. Row upon row upon row of butterflies, all organized according to their families. In jeder Schublade lauter Schmetterlinge, die entsprechend ihrer Familienzugehörigkeit angeordnet waren. Now we look at these and we say this is a butterfly. Wir schauen das so an und sagen, das ist ein Schmetterling. But the thing about a butterfly is that it flies. Aber das Ding mit dem Schmetterling ist, dass es fliegt. And these ones were not doing anything. Und diese taten aber gar nichts. So they were butterflies, but they weren't butterflies. Sie waren also Schmetterlinge und doch waren sie keine Schmetterlinge. When you write down your thought on a piece of paper, yes, it's what you were thinking, but it's not your thought. Wenn wir also einen Gedanken niederschreiben auf einem Stück Papier, dann ist es vielleicht das, was wir dachten, aber es ist nicht unser Gedanke. Thought is like a butterfly. Der Gedanke ist wie ein Schmetterling. In Greek, old thought, the psyche was represented by a butterfly. In dem Denken des antiken Griechentums war die Psyche selbst repräsentiert durch einen Schmetterling. Something ungraspable. Etwas, was nicht fassbar ist. So the thought is not just its semantic content. Der Gedanke ist also nicht mit seinem semantischen Gehalt identisch. The thought is the energetic quality, the life, the vitality of your existence.
Der Gedanke ist die energetische Qualität, die Vitalität unserer Existenz. So in that sense, you can't catch it. Und in diesem Sinne können wir ihn nicht fangen. And so that's what he's meaning by the thought can't be got by searching. Und das ist das, was es bedeutet, wenn es hier heißt, dass man des Gedanken nicht habhaft werden kann, indem man ihn sucht. Like in therapy, if the patient is very quiet, I might say, "Oh, I wonder if you'd like to tell me what you're thinking." In der Therapie, wenn ein Patient sehr still ist, dann könnte James dann sagen, oh, ich frage mich, was du gerade denkst. But of course, it's impossible to tell someone what you're thinking. Aber natürlich ist es im Grunde unmöglich, jemandem zu sagen, was man denkt. Because as soon as you say it, you take it out of its context. Denn sobald man es sagt, bringt man es aus seinem eigenen Kontext heraus. It's like looking at the tiger in the zoo. Das ist wie wenn man einen Tiger im Zoo anschaut. The tiger's still alive, but it's not moving about very much. Das ist ein lebendiger Tiger, aber bewegt sich nicht allzu sehr umher. Because when you are in your own thoughts, the thought has very loose edges. It's reaching out to other thoughts. Denn als man in seinen eigenen Gedanken war, hatte der Gedanke gewissermaßen sehr lockere Grenzen und hatte Bezüglichkeit zu vielen anderen Gedanken. And when it comes out of your mouth, 1, 2, 1, 2, words come one after another in a straight line and appear to be something very solid. Aber wenn sie aus unserem Wort herauskommen, kommen die Worte gewissermaßen in eine lineare Anordnung, eins nach dem anderen und erscheinen etwas sehr Festes zu sein. This is what makes relationships so terrifying, Und das ist etwas, was eben Beziehungen so erschreckend macht, especially for men. speziell für Männer. Because women tend to ask, but what do you really feel about me? Wenn Frauen neigen dazu, zu fragen, was fühlst du wirklich über mich oder in Bezug auf mich? Very dangerous. Sehr gefährlich. Because you can't say. Denn wir können es nicht sagen. Because of course we feel and think many, many things. Denn But we can only say one thing at a time. wir fühlen und denken natürlich viele, viele Dinge, aber wir können nur eine Sache zu einer Zeit sagen. So it's very important to look at a sentence like this, which at first seems a bit stupid, because of course we can search for thoughts, of course we can work out what we're thinking. Und das ist daher sehr wichtig, solche Aussagen, solche Sätze in diesem Text wirklich sehr sorgfältig anzuschauen. Denn wenn wir oberflächlich gucken, könnte man es geradezu für dumm halten. Natürlich können wir nach Gedanken suchen, natürlich können wir sagen, was wir gedacht haben. And that's because we are so used to extrapolating, to taking it out of its context. Und das liegt daran, dass wir daran so gewöhnt sind, zu extrapolieren, Dinge aus ihrem eigenen Kontext herauszureißen. It's suggesting that what arises in the mind is very subtle. It's like watching the back of a whale if you're out in the sea and you want to see the whole whale, but you just see a little hump. Und in dieser Weise ist das hier eine sehr subtile Angelegenheit. Es ist so ein bisschen die Sache, wie wenn man einen Wal im Meer betrachten will. Man würde gerne den ganzen Wal sehen, aber was man sieht, ist vielleicht Kratzer ein bisschen von seinem Buckel. One of the phrases that Jungian analysts are fond of saying is that psyche likes to hide. Eine der Phrasen, die Jungsche Analytiker gerne sagen, ist, dass die Psyche sich gerne verbirgt. That is to say, the mind reveals itself as it will from time to time in little bits. Und das sagt aus, dass der Geist sich von Zeit zu Zeit enthüllt, so wie er mag, in kleinen Bröckchen. And of course it does, Natürlich tut er das, because it's not a thing. denn er ist kein Ding. If it was a thing, then you could somehow put a pin in it, like the butterfly. Wenn es ein Ding wäre, dann könnte man natürlich eine Stecknadel reinstecken, wie in einen Schmetterling. But of course the thing you got is not the butterfly. Aber das Ding, was man dann bekommen hat, ist nicht mehr der Schmetterling. This is what children do. They see a little fly and they want to see how it works, so they push it, and it's dead. Das ist das, was Kinder machen. Sie sehen eine kleine Fliege und wollen genau wissen, wie die funktioniert, und dann stupsen sie und dann ist sie tot. Like a cat with a mouse. Oder wie die Katze mit der Maus. And when the mouse is dead, they're still quacking it about. Come on, do something. Wenn die Maus tot ist, dann verteilen sie immer noch Backpfeifen und wollen, dass die Maus herumläuft. Mach doch was. That is to say, if you want to understand your mind, you have to be very gentle. Und das drückt aus, dass wenn wir unseren eigenen Geist verstehen wollen, dass wir sehr sanft sein müssen. You can't be too strong, you can't be too grasping. Wir können nicht zu stark vorgehen, wir können nicht zu ergreifend vorgehen.
The mirror doesn't do anything except offer hospitality. Der Spiegel tut gar nichts, außer Gastfreundschaft anzubieten. Some of the images that arise in the mirror are clear, some are not, maybe half a face. The mirror doesn't shift along the wall to get the whole. Manche der Bilder, die erscheinen, sind klar, andere sind nicht so klar. Manchmal erscheint vielleicht nur ein halbes Gesicht, aber der Spiegel würde sich nicht beeilen, an der Wand entlang zu rutschen, um das ganze Gesicht einzufangen. So it's the same in the meditation. When the mind is confused, when you're not very clear, when it's all a mess, just be with it. Das gleiche in Meditation, wenn der Geist verwirrt ist, wenn er sozusagen in Aufruhr ist, wenn er ein chaotischer Haufen ist, sollten wir einfach damit verweilen. Don't try to turn it into what you want, Versuche es nicht in etwas zu verwandeln, was du gerne hättest. because just like with the butterfly, the one that you get is not the one you want. Denn das ist wie mit dem Schmetterling. Das, was du kriegst, ist dann nicht mehr das, was du gewollt hast. The problem is in the wanting. Das Problem liegt im Wollen. This is why the Buddha says the cause of suffering is attachment. Und das ist der Grund, warum der Buddha sagte, die Ursache des Leidens ist Anhaften. It's misunderstanding that life is not something you can have. Life is something that you are. Das ist dieses Missverstehen. Leben ist nicht etwas, was wir haben können, sondern Leben ist etwas, was wir sind. Our very being is always slipping away from us. Unser eigentliches Sein ist etwas, was immer von uns wegrutscht. Because moment by moment our life is coming to us. Denn Augenblick für Augenblick ist unser Leben kommt zu uns. It's arising and passing. Es entsteht und vergeht. Somebody says, how are you? Jemand sagt zum Beispiel, wie geht's dir? You can only tell a lie, Du kannst nur mit einer Lüge darauf antworten. because you are so many different things. Denn wir sind so viele Dinge. So you abstract yourself from your actual life situation and give them a package of words. Du abstrahierst dich dann von deiner eigentlichen gelebten Situation und übereignest dem anderen einfach nur ein Päckchen Worte. Oh, I'm not so bad now, but I was a bit sick yesterday. Oh, mir geht's gerade nicht so schlecht, aber gestern war ich ein bisschen krank. Oh, I'm sorry to hear about that. Oh, es tut mir leid, das zu hören. What has that got to do with the person who's in front of you? Was hat das mit der Person zu tun, die vor dir steht? They're now having to tell you a story about something that's gone. Sie müssen dir jetzt irgendeine Geschichte erzählen über irgendetwas, was bereits vergangen ist. But how are you? How could you say? Aber wie du bist, wie geht's dir, wie könnte man das ausdrücken? At this moment, you just experience yourself. How are you? In diesem Moment erfahren wir uns selbst. Wie sind wir denn? Wie geht's uns? I imagine quite a lot's happening for you. Ich stelle mir vor, dass für euch eine ganze Menge vor sich geht. Could it come out this little door? Könnte dies aus dieser kleinen Tür rauskommen? All sorts of sensations, feelings, hearing sounds outside. Alle möglichen Arten von Empfindungen, Gefühlen, Klängen, die wir von außen hören. So he's saying, be present with your existence. It won't be how you think it is. Und das drückt aus, sei gegenwärtig in deiner Existenz. Sie wird ohnehin nicht so sein, wie du denkst, dass sie sein sollte. And this inexpressible, amazing, direct existence, the one who experiences it, she also can't be found by searching. Und dieses Unausdrückliche, dieses Unaussprechliche unserer eigenen Existenz und auch derjenige, der dieses erfährt, auch er oder sie kann nicht durch Suchen gefunden werden. So he says, neither knower nor known exists as such, and yet they are unborn and unceasing in the past, present and future. Und so heißt es dann, weder der Wissende noch das Gewusste existieren als solche, und doch sind sie ungeboren und unaufhörlich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So here we are, unborn and unceasing. This is about us, not on some astral level or after 30 years in retreat, but now sitting in this room, we can't find ourselves, and yet here we are. We can't say who we are, and yet here we are. Dieses Ungeboren und unaufhörlich, das handelt genau von uns. Das handelt nicht von irgendeiner abstrakten, hochstehenden Ebene, von Astralreise oder von 30 Jahren Retreat, sondern das ist genau das, was wir hier sind. Wir sind hier und dennoch können wir nicht finden, was wir und wie wir sind. Und dennoch sind wir vollkommen gegenwärtig. And remember, this subtle level is existing simultaneously
with all the strong statements we can make about ourselves. I am this, I am that, I'm good, I'm bad, and so on. Und wir müssen uns daran erinnern, dass diese subtile Ebene koexistent ist, gleichzeitig existent ist mit all den derben Feststellungen, die wir über uns selbst treffen könnten. Wir sind so und so, wir sind gut, wir sind schlecht, wir sind das, wir sind jenes. And these thoughts also, although they claim in themselves to be telling the truth and to be strongly real, they're already gone as soon as they arrive. Und auch diese Gedanken, obwohl sie sozusagen für sich in Anspruch nehmen, stark real zu sein und die Wahrheit über das, was ist, auszudrücken, sind auch nur etwas, was in einem Augenblick steht und im anderen schon bereits vergangen ist. So then he says, this does not change, for it is the natural condition of the innate great satisfaction. Und dann heißt es hier, dies unterliegt keiner Veränderung, da es die natürliche Seinsweise der eingeborenen großen Befriedigtheit ist. That is to say, from the very beginning, the nature is open and relaxed, in that it has a great satisfaction. There's no problem, no tension, nothing difficult. And this is just how things are. Und das drückt aus, dass diese Natur von einem Anfang an entspannt und offen ist und in Zustand großer Befriedigtheit verweilt, weil es da nichts an Problemen oder Schwierigkeiten gibt. Und das ist die Art und Weise, wie die Dinge sind. What causes the dissatisfaction is that we have been set an impossible task. Aber was die Unbefriedigtheit verursacht, ist die Tatsache, dass wir uns eine unmögliche Aufgabe gestellt haben. That we should know who we are. Dass wir nämlich wissen sollten, wer wir sind. Self-knowledge is a complete delusion. Selbstwissen, Eigenwissen ist eine vollständige Täuschung. Some knowledge is very important. Einiges an Wissen ist wichtig. When children have to pack their bag for school, they often say, "Where are my gym shoes?" Wenn die Kinder irgendwie ihre Schultasche packen müssen, fragen sie auch, wo sind meine Turnschuhe? So, I don't know, not my shoes. Dann muss man sagen, ich weiß es nicht, sind ja nicht meine Schuhe. But I don't know where they are. Aber ich weiß auch nicht, wo sie sind. You get very angry. Why should I know where my shoes are? Und dann werden sie jetzt zornig sagen, warum sollte ich wissen, wo meine Schuhe sind? But that's something you can know. Aber das ist etwas, was wir wissen können. You can know where the top of the toothpaste is. Wir können wissen, wo die Öffnung der Zahnpasta ist. You can know if you need to buy some milk on the way home or not. Wir können wissen, ob wir etwas Milch auf dem Weg nach Hause kaufen müssen oder nicht. But can you know who you are? Aber können wir wissen, wer wir sind? Maybe not. Vielleicht nicht. But that creates a kind of anxiety. Because we take it for granted that we exist in the world as things. And because things somehow can be known, we also should be known. Und das erschafft eine gewisse Ängstlichkeit, denn wir nehmen es für sicher, dass wir in dieser Welt als eine Art oder Form von Dingen existieren. Und da Dinge bekannt sein können, denken wir, dass auch wir selbst wissen sollten, was oder wer wir sind. So what Saraha has been doing up to now is challenging this whole field of assumption by saying, you can't know things anyway. Was Saraha hier also getan hat bis jetzt, ist sozusagen dieses ganze Feld von vorweggenommenen Annahmen herauszufordern und zu sagen, du kannst nicht wissen, wer du bist, weil man sowieso nichts wissen kann. These gym shoes don't really exist. Diese Art von Turnschuh existiert nicht wirklich. But on a conventional level, you better not turn up at school without them. Aber auf einer konventionellen Ebene ist es besser, wenn du in die Schule kommst und sie dabei hast. They exist in terms of the social agreement through the exchange of signifiers. Diese Art von Bedeutung existiert auf einer konventionellen Ebene der gesellschaftlichen Übereinstimmung, die hergestellt wird über den Austausch von Bedeutungsträgern. They are not inherently real. Sie sind nicht innewohnend wirklich oder wahr. So if all that we see in the outside world is like an illusion and is ungraspable, then as he said just before, the seeker also is ungraspable. You cannot find them. Wenn also alles, was wir in der äußeren Welt als eine Illusion, als ungreifbar erkennen, dann ist, wie er sagte im Text, auch der Suchende selbst, der Wahrnehmende selbst ungreifbar und nicht festzumachen. You will never know who you are. Du wirst niemals wissen, wer du bist. So in Buddhism, wisdom is not the accumulation of knowledge. Im Buddhismus ist also Weisheit nicht die Anhäufung von Wissen.
It's not something that you build up through time, Das ist nicht etwas, was man in Zeit aufbauen kann. but it's recognizing that we have been operating in a false paradigm. Sondern Weisheit bedeutet die Erkenntnis, dass wir, sagen, in einem falschen Paradigma funktioniert haben. Which is the paradigm of ignorance. Und das ist das Paradigma der Unwissenheit. Ignorance is a way of operating. Unwissenheit ist eine Form der Funktionsweise. Ignorance is a way of saying knowledge is important. Unwissenheit ist eine Form zu sagen, Wissen ist wichtig. Because ignorance is trying to fill the gap that's created by not recognizing who you are with ideas about who you are. Denn Unwissenheit versucht die Lücke, die durch das Nicht-Erkennen, wer wir sind, entstanden ist, zu füllen, indem es diese Lücke anfüllt mit Vorstellungen, Ideen darüber, wer wir sind. So awakening is experiential, it's not a concept. Erwachen ist eine Erfahrungsangelegenheit, es ist kein Konzept. And how that in sense? I'm not a thing. Das ist der Punkt hier, ich bin kein Ding. Just when we do the 3R, you sit there. It's stuff. Wenn wir diese 3 A's praktizieren, wir sitzen da und das ganze Zeug geht da vor sich, Coming and going, coming and going. kommt und geht. Nothing is fixed. Nichts ist festgelegt. Nothing to rest on. Es gibt nichts, worauf man ruhen könnte. And yet we're present. Und doch sind wir gegenwärtig. We're present as presence. Wir sind gegenwärtig als Gegenwart. The presence is not anything, Und die Gegenwart ist aber kein Ding, but it shows everything. aber sie zeigt alles. That's why we have the traditional example of the mirror. Und das ist der Grund, warum wir dieses traditionelle Beispiel vom Spiegel haben. So you cannot know yourself, Wir können uns also nicht kennen, but you can be directly this experience of openness and awareness that has no edge to it, no top, no bottom. aber wir können unmittelbar diese Erfahrung von Offenheit und Bewusstheit sein, die keine Kanten, keine Ecken, keine Grenzen, kein Oben und kein Unten hat. And that's why he's saying it doesn't change. Und das ist der Grund, warum man sagt, dass sie sich nicht verändert. Because although thoughts, feelings, sensations, memories, ideas, hopes, these change all the time, the revelatory matrix, awareness itself, the one who knows, never changes. Obgleich also Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Hoffnungen, Wahrnehmungen und so weiter ständig einer Veränderung unterworfen sind, ist die sozusagen die Matrix der Enthüllung dieser Dinge, die Bewusstheit selbst, niemals einer Veränderung unterworfen. So it says, for that reason, all appearance is the natural mode. Und dann, daher heißt es hier, aus diesem Grund ist alle Erscheinung die natürliche Seinsweise. Natural mode here means dharmakaya. Und natürliche Seinsweise bedeutet hier der Dharmakaya. The road is the dharmakaya. The teacup is the dharmakaya. Die Straße ist der Dharmakaya, die Teetasse ist der Dharmakaya. What can this mean? Was soll das heißen? As we hear that the dharmakaya, this is the mind of the Buddha. Wir hören doch die ganze Zeit, der Dharmakaya ist der Geist des Buddhas. The mind of the Buddha has no limit or edge. Der Geist des Buddha hat keine Grenze und keine Kanten. Nothing is outside it. Nichts befindet sich außerhalb davon. All of samsara and nirvana are inside it. Alles von Samsara und Nirvana ist darin. We can say everything that arises is the dharmakaya. Daher können wir sagen, alles was entsteht, ist der Dharmakaya. It's not that the dharmakaya shows it or offers it. Es ist nicht so, dass der Dharmakaya es zeigt oder offeriert. But we don't find our mind without thoughts. Aber wir können unseren Geist ohne Gedanken nicht finden. People imagine that the mind of the Buddha is open and completely undisturbed. Leute stellen sich vor, dass der Geist des Buddha offen und völlig ungestört ist. But the reason it's undisturbed is because it's open to all that happens. Aber der Grund, warum er ungestört ist, ist, weil er offen ist für alles, was geschieht. Undisturbed doesn't mean that nothing's happening, it means everything's happening. Ungestört heißt nicht, dass nichts geschieht, sondern es heißt, dass alles geschehen kann. If only something's happening, then you can at least attempt to control it. Wenn nur gewisse Dinge geschehen, dann kann man zumindest den Versuch der Steuerung, der Kontrolle unternehmen.
If everything's happening, just say, oh, get on with it. Wenn aber alles geschieht, dann können wir nur noch sagen, lass es laufen. This is really important in terms of the practice, because it means if, as he's saying, everything that arises is the Dharmakaya, again, why do you make discrimination between good, bad, right, wrong, mine, yours? Und das ist auch sehr wichtig im Sinne der Praxis, denn wenn es, wie es hier heißt, alles der Dharmakaya ist, wozu sollten wir dann noch Unterscheidungen treffen zwischen richtig und falsch, zwischen gut und schlecht, zwischen meins und deins? Why is winning better than losing? Warum ist Gewinnen besser als Verlieren? Oh, because if I win, I'll be happy. Weil wenn ich gewonnen habe, werde ich glücklich sein. Winning and losing are both within the Dharmakaya, but by privileging winning over losing, we lose the Dharmakaya that we're always in. Das Gewinnen und das Verlieren sind beide im Dharmakaya, aber indem wir das Gewinnen über das Verlieren privilegieren, verlieren wir selbst diesen Zugang zum Dharmakaya, in dem wir uns ohnehin die ganze Zeit aufhalten. You can only have the Dharmakaya if you're willing to have everything. Man kann den Dharmakaya nur haben, wenn man bereit ist, alles zu haben. Ich will nicht alles haben. You can't have a selection. Man kann also hier nicht aussortieren. Because although it is your Dharmakaya and from the very beginning you have been the Dharmakaya, it's not personal. Denn obgleich es unser Dharmakaya ist und wir von allem Anfang an in diesem Dharmakaya waren, ist dieser Dharmakaya nicht persönlich. Our personal existence is an aspect of the Dharmakaya. Unsere persönliche Existenz ist lediglich ein Aspekt des Dharmakaya. You can see the misunderstanding of this that can happen in Buddhist groups where they have a powerful teacher. Everybody wants to be like the teacher. Wir können das Missverstehen solcher Dinge in buddhistischen Gruppen sehr leicht sehen, die einen machtvollen Lehrer haben. Dann wollen alle wie diese Lehrer sein. But it's not about cloning ourselves to become replicas of somebody else. Aber hier geht es nicht um sich selbst klonen, um ein Replika von jemandem anderen zu werden. Because on the level of manifestation you can only ever be yourself. Denn auf der Ebene der Manifestation können wir nur wir selbst sein. And however you are, some people will like it and some people won't like it. Und ganz gleich, wie man ist, wird es Leute geben, die es mögen und andere werden es nicht mögen. The Chinese government doesn't like the Dalai Lama. Die chinesische Regierung mag den Dalai Lama nicht. That's their choice. Das ist das, was sie wählen. We can say, oh, that's because they're ignorant. Wir können natürlich sagen, das liegt daran, weil sie unwissend sind. But nobody convinces everyone. Aber niemand kann alle überzeugen. When we manifest into the world, we are always in a particular way, which will perform particular functions. Wenn wir in dieser Welt uns manifestieren, dann werden wir das immer in einer bestimmten Art und Weise tun und diese bestimmte Art und Weise bestimmte Funktionen erfüllen. The history of Christianity and Islam is full of fighting between sects. Die Geschichte von sowohl Christentum als auch Islam ist voller Geschichten von miteinander widerstreitenden Sekten. And Buddhism is exactly the same. Und auch im Buddhismus haben wir genau das Gleiche. So the fact that things are good or Buddhist doesn't mean that everybody agrees on that. Die Tatsache, dass Dinge gut sind oder buddhistisch sind, heißt noch lange nicht, dass alle in Übereinstimmung darüber sind. So this means recognize that everything that occurs is your own nature. Und das bedeutet, dass was uns übrig bleibt, ist zu erkennen, dass alles, was erscheint, unsere eigene Natur ist. Now we have to remember, this is the instruction for the view to support meditation. Nun haben wir uns daran zu erinnern, dass dies die Unterweisung für die Sichtweise ist, die unsere Meditation stützt. If you walk across the road in front of a car, you will die. Wenn man das auf der Straße praktiziert und vor ein Auto läuft, dann wird man sterben. Your death is also an aspect of the Dharmakaya. Natürlich ist unser Tod auch ein Aspekt des Dharmakaya. You can have it today or some other day, later if you prefer. Wir können es heute haben, wir können es später haben, an irgendeinem Tag, wenn man es lieber hat. The world has its rules and regulations. Die Welt hat ihre eigenen Regeln und Gesetze. That doesn't stop everything being the nature of the Dharmakaya. Aber das hält es nicht davon ab, alles von der Natur des Dharmakaya zu sein. It says all sentient beings are Buddhas. Er sagt dann hier, alle fühlenden Wesen sind Buddhas. All construction and activity have been within all-encompassing space from the very beginning.
Alle Schöpfungen und Tätigkeiten haben sich von allem Anfang an innerhalb des allumfassenden Raumes befunden. So he's saying, all the attributes and limitations that make sentient beings seem limited and tight and knotted, Und damit drückt er aus, dass all diese Attribute und Charakterisierung von fühlenden Wesen oder empfindungsfähigen Wesen, die sie begrenzt, angespannt, verknotet machen, all of these qualities that we think might need to be changed or improved, or got rid of, alle diese Qualitäten, von denen man denken könnte, dass man sie verändern, verbessern oder loswerden müsste, have from the very beginning been completely perfect. They've been within this Dharma Dhatu, the all-encompassing space. alle diese Qualitäten waren von allem Anfang an vollständig, vollkommen, perfekt. Sie alle haben sich von allem Anfang an in der umfassenden und vollständigen Sphäre des Dharma Dhatu befunden. That is to say, it is sentient beings who discriminate between samsara and nirvana. Buddhas do not. Es sind die fühlenden Wesen, so kann man sagen, die den Unterschied zwischen Samsara und Nirvana treffen. Es sind nicht die Buddhas. By imagining fantastic realms and special beings somewhere else, we piss in our own cup of tea. Indem wir fantastische Bereiche und fantastische Welten woanders uns vorstellen, pissen wir gleichzeitig in unsere eigene Teetasse. And we don't then open to our own existence. Das heißt, wir öffnen uns dann auch nicht unserer eigenen Existenz gegenüber. We spend our time thinking about ourselves, thinking about how we should be, rather than relaxing and being ourselves. Wir verbringen unsere Zeit darüber nachzudenken, wie wir sind und wie wir sein sollten, statt einfach diese Zeit dafür einzusetzen, uns wir selbst zu sein. When we relax into the state of the mirror, then we see everything is a reflection. Wenn wir in den Zustand des Spiegels entspannen, dann sehen wir, dass alles eine Reflexion ist. Important. Das ist also etwas sehr Wichtiges. Again and again, what you hear in these texts is the problem is not that you should do something, but your very activity is what causes the problems. Wie es wieder und wieder heißt in diesen Texten, ist, das Problem ist nicht, dass wir irgendetwas unternehmen, unterfangen sollten, sondern es ist genau diese Aktivität selbst, die die Probleme verursacht. You are blinded by your own radiance, Wir sind geblendet durch unsere eigene Strahlkraft, because your radiance arises in terms of stupid thoughts. weil unsere Strahlkraft sozusagen sich manifestiert, ersteht mittels unserer dummen Gedanken. And not recognizing where this comes from, you take it as something truly real. Und indem wir nicht erkennen, woher diese kommen, nehmen wir sie für etwas wahrhaft Reales. So it's about doing less. Hier geht es also darum, weniger zu tun. And for most of us, separating doing and being is extremely difficult. Und für die meisten von uns ist das sich trennen von Tun und einfach das Sein ist etwas sehr Schwieriges. For example, say you're feeling very upset. Zum Beispiel, wenn wir uns sehr aufgebracht fühlen, You might feel, I'm just upset. dann haben wir das Gefühl, ich bin einfach aufgebracht. This is me, this is how I am. Das bin ich, das ist wie ich bin. But this is an activity. Aber in Wirklichkeit ist das eine Aktivität. This is fusing your attention into something which is arising and passing. Das ist sozusagen das Verschmelzen unserer Aufmerksamkeit mit etwas, was ersteht und vergeht. Who is the one who is aware of being immersed in emotions? Wer aber ist derjenige, der sich dessen bewusst ist, dass man eingetaucht ist in Emotionen? Stay with that one and the emotion will go by. Verweile bei diesem und die Emotion wird vorbeigehen. But as long as you think that the activity of attachment and identification with the arising is a quality of your being, you will always be in the activity of becoming somebody else. Aber solange man denkt, dass dieses Festhalten an der Aktivität, an dem Erstehen der Emotion, die Art und Weise ist, die unser eigenes Sein ausdrückt, werden wir immer sozusagen mit dieser Aktivität fortgerissen werden wir immer mit dieser Aktivität mitgehen. So in these texts they often talk about appearances or things which are arising. When you start to look, everything that you know yourself to be
is something which is arising for you. In diesen Texten wird viel über Aktivitäten und über das Entstehen von Dingen gesprochen. Und wenn wir genau hinschauen, werden wir sehen, dass alles, wovon wir glauben zu wissen, dass wir es sind, auch etwas, was für uns ersteht. In that sense, your body is not yours, In diesem Sinne ist unser Körper nicht unser Körper. because your body is revealed to you through a whole series of sensations and movements, like breathing in and out, bending, stretching, easing a pain, yawning, and so on, which arise and pass. Denn unser Körper wird für uns selbst enthüllt durch eine ganze Abfolge von Bewegungen, von Empfindungen, Wahrnehmungen, von sich etwas dehnen, von sich etwas wenden und drehen, von gähnen. Und all diese Empfindungen, Wahrnehmungen sind etwas, was ersteht und vergeht. So this meaning, when you're saying just earlier, everything is unborn and all phenomena are the Dharmakaya. Und das bedeutet, wie er schon vorher sagte, dass alle Phänomene ungeboren sind, alle Phänomene sind der Dharmakaya. You don't have a body, we are embodiment. Wir haben keinen Körper, wir sind verkörpert. And this body as existence is always changing. Und dieser Körper aus unserer Existenzform ist stets einer Veränderung unterworfen. And it's the same with every aspect of our being. Das Gleiche trifft auf jeden Aspekt unseres Seins zu. If you stay present and aware, everything will happen by itself. Wenn wir gegenwärtig und bewusst verweilen, dann wird alles von sich aus stattfinden. That is to say, activity naturally arises and naturally liberates. Und das bedeutet, dass Aktivität auf natürliche Weise aufkommt und sich auf natürliche Weise selbst befreit. In Tibetan, this is called Rangsha Rangdro. Und das heißt auf Tibetisch Rangsha Rangdro. Rang means self, Shar means to arise. Rang bedeutet selbst, Sha aufkommen, erstehen. You're sitting in the meditation and some thoughts come. Wir sitzen in Meditation und Gedanken kommen auf. They seem to come just by themselves. Die scheinen einfach aus sich selbst herauszukommen. If you stay relaxed, and they go. Bleiben wir entspannt, so wird es vergehen. That's Rangdro, self-going, self-liberating. Das ist Rangdro, das ist Selbstgehen, Selbstbefreien. Because the activity is being performed by itself, you don't have to do anything. Da diese Aktivität aus sich selbst heraus geschieht, müssen wir nichts Besonderes tun. You, as the one who acts, are another form of activity. Wir selbst als derjenige, der handelt, sind nur eine andere Form von Handlung. The mind that moves is a thought. Der Geist, der sich bewegt, ist ein Gedanke. The mind that doesn't move is awareness. Der Geist, der sich nicht bewegt, ist Bewusstheit. The energy, which is the movement, arises from the unmoving source. Die Energie, welche Bewegung ist, entsteht aus der nicht bewegten Quelle. So I can say, I am putting my hand on top of my head. Ich kann natürlich sagen, ich bringe meine Hand auf die Kopfspitze. But who is the one who is doing that? Aber wer ist es, der das tut? I had a thought, I'll put my hand on top of my head. Ich habe den Gedanken gehabt, ich werde meine Hand auf meine Kopfspitze legen. So I did that and I said I was doing it. So tat ich das und sagte auch noch dazu, dass ich es tue. On the basis of the thought, I will put my hand on the top of my head. I put my hand on top of my head. And I said, I'm putting my hand on top of my head. Auf der Grundlage des Gedankens, ich werde meine Hand auf die Kopfspitze legen, tat ich das und sagte es auch noch. This is dependent co-arising. One thing is there, then it leads to another thing being there. Das ist abhängige gemeinsame Entstehung. Ein Ding ist da und dann führt es zu einem anderen Ding, das auch da ist. So the activity of the mind, the movement of the mind is bumping each other all the time and causing changes of patterns and movement. Also die Aktivität des Geistes, die Bewegung des Geistes ständig sozusagen ineinander prallen und dazu führen, dass der Kurs des Geistes, sondern die Richtung, in der er sich weiterentwickelt, ständig von Augenblick zu Augenblick verändert wird. And this is all within the Dharma Dhatu. Und das alles geschieht innerhalb des Dharma Dhatu. And he says finally in this section, all the things that are identified by language and concept are like the horns of a rabbit. Und zum Abschluss dieses Abschnitts sagte, alle Dinge, die man durch Sprache und Konzept identifizieren kann, sind wie die Hörner eines Hasen.
If you could find a rabbit with horns, you could sell it in China for medicine for a lot of money. Wenn man einen Hasen mit Hörnern finden könnte, könnte man ihn in China für eine ganze Menge Geld verkaufen als Medizin. It doesn't exist. Aber es existiert nicht. But we can think about it. Aber wir können darüber nachdenken. That's it. We can think about many things. You are made stupid by your own intelligence. Das ist der Punkt. Wir können über viele Dinge nachdenken und genau das ist das, was uns dumm macht, nämlich dass wir intelligent sind. So it's just about amplification, Es geht hier um Verstärkung. just turning it down a little bit. Wir sollten den Verstärker ein bisschen runterdrehen. And then you can start to observe what is going on. Und dann können wir anfangen zu beobachten, was vor sich geht. It's a bit like with a film. You could slow down the speed of it, and then you can see it little image by image. Es ist ein bisschen wie mit einem Film, wenn wir den verlangsamen, dann können wir ihn sozusagen in Zeitlupe Bild für Bild anschauen. But when it's running at its normal speed, you're caught up in it, because that's what it's designed to do. It's designed to give you the sense of a seamless movement. Aber wenn er in seiner normalen Geschwindigkeit läuft, dann sind wir einfach verfangen und das ist genau der Grund, warum er gemacht worden ist, damit wir der Illusion einer nahtlosen Bewegung obliegen. So the invitation here is to observe how you create the seemingly real, substantial objects of the world through your own intelligence. Die Einladung hier lautet also genau zu beobachten, wie wir die scheinbar beständigen, kontinuierlichen Objekte dieser Welt durch unsere eigene Intelligenz erschaffen. He's not saying that you have to stop doing this. All you have to do is to recognize that you're doing it. Er sagt hier nicht, dass wir aufhören müssen, es zu tun. Alles, was zu tun ist, ist lediglich zu erkennen, dass wir es tun. Because then you know what it is. Denn dann wissen wir, um was es sich handelt. That's what it is. Das It's ist, not real. das ist nicht wirklich. It's your fantasy. Das ist unsere Fantasievorstellung. Okay. Then we move on to the second section. To show how beings become bewildered due to not realizing this reality. Wir gehen hier zum zweiten Abschnitt. Hier wird gezeigt, wie die Wesen der Verwirrung und Bestürzung anheimfallen, weil sie diese Wirklichkeit nicht erkennen. Oh, it begins by saying, alas, oh, very sad. Und das beginnt mit dem Ausspruch, oh weh, wie traurig. When the sun is unobscured by clouds, its rays go everywhere, yet those without eyes remain in perpetual darkness. Wenn die Sonne nicht von Wolken verdunkelt ist, gehen ihre Strahlen zwar in alle Richtungen, doch bleiben jene ohne Augen in ständiger Dunkelheit. Isn't this sad? Something wonderful, shining, radiant is there, always, but somehow we don't see it. Ist das nicht traurig? Da ist etwas Wunderbares, Strahlendes, Brillantes, etwas Fantastisches und wir sehen es nicht. Spontaneous co-emergence is present everywhere, yet those who are stupid are very far from it. Spontane Konvergenz, spontanes gleichzeitiges Entstehen befinden sich zwar überall, ist überall gegenwärtig, doch jene, die der Dummheit anheimgefallen sind, sind sehr weit von ihr entfernt. This means the openness of our existence and the clarity of the display of particular things. This is happening at the same time, or in the more ordinary language of paramita, jnana is form and emptiness. Das drückt aus, dass die offene Dimension und die spontane Klarheit des Erscheinens von allem immer gleichzeitig vorhanden sind, oder um es in der mehr einfachen Sprache der Paramitas zu sagen, die Form und Leerheit sind zusammen. Yet those who are stupid are very far from it. Und doch sind jene, die Dummheit anheimfallen, weit davon entfernt. This is amazing. How can you be far from it when you're in it? Das ist erstaunlich. Wie kann man weit davon entfernt sein, wenn man darin ist? When I was young, I was very, very shy. Als ich jung war, sagt James, war ich sehr scheu. And I was in this little organization called the Life Boys. Und ich war Mitglied einer kleinen Organisation, die sich Life Boys nannte. And we used to wear little uniforms, something around our neck, and do marching up and down and sing songs about the sea.
und gepflegten, diese kleinen Uniformen zu tragen, so eine kleine Art Krawatte und Abzeichen und Seemannslieder zu singen. And at Christmas time, we would have a little show, and all the mummies and daddies would come along to watch the little children doing these things. Und zur Weihnachtszeit gab es immer eine kleine Vorstellung und die Eltern kamen und guckten sich dann ihr kleinen Jungs diese Dinge machen an. So we had to stand on the stage and sing these songs. Wir mussten also auf der Bühne stehen und diese Lieder singen. I was on the stage, I was singing the song, but I wasn't really singing the song because I didn't want to be there. Ich war auf der Bühne und ich sang dieses Lied, aber ich sang nicht wirklich dieses Lied, denn ich wollte eigentlich gar nicht dort sein. I didn't enjoy it and I didn't get it. Ich habe es nicht genossen und ich bekam es irgendwie auch nicht. This kind of activity is usually under the heading of entertainment. Diese Art von Aktivität steht normalerweise unter der Überschrift Unterhaltung. People go along and have a good time, Leute machen mit und haben gute Zeit. but I didn't have a good time. Aber ich hatte keine gute I Zeit. felt very anxious and upset. Ich war sehr ängstlich und aufgebracht. This is exactly what this means. Das ist genau, was dies hier bedeutet. It's not dangerous. It's going on. You're in it anyway, but you don't see what it is. And Es ist nicht gefährlich, es geht die ganze Zeit vor sich und wir sind da drin sowieso, aber wir sind so furchtsam und denken, was Wunder, was Schreckliches kommt. And of course, the more anxious we become, the more separated we become from what's going on. Und natürlich, je ängstlicher wir werden, desto stärker getrennt sind wir von dem, was vor sich geht. And the more people try to reassure us, we feel they're trying to torture us. Und je mehr Leute versuchen, uns zu überzeugen oder uns Sicherheit zu geben, desto stärker haben wir das Gefühl, dass sie alle versuchen, uns zu quälen. Because I said to my mom, Mom, I want to go home. Denn ich sagte zu meiner Mutter, Mama, ich will nach Hause. And she said, oh, you'll be all right. Und sie sagte, oh nein, nein, I'm not all right. What kind of a mother is this? das muss schon okay sein. Und er sagte, ich bin nicht okay. Und dann dachte sich, was ist das für eine Mutter? And we had the same in Samsara. Und wir haben das gleiche in Samsara. Saraha says, you are a Buddha. Saraha sagt zu uns, wir sind Buddhas. We say, no way. Und wir sagen, keinesfalls. Not me. Oh. Ich sicher nicht. I want to do my Nundro. Ich will mein Ende machen. Because beings do not understand that mind is not an entity, they strongly bind the original nature of mind by relying on discrimination and conceptual judgment. Da die Wesen nicht verstehen, dass Geist kein Ding ist, fesseln sie die ursprüngliche Natur des Geistes stark, indem sie sich auf Unterscheidung und begriffliche Urteile stützen. So we develop an idea in our mind of what the Buddha is like, we develop an idea about what we are like, then we separate the two, then we think there's a long way to go from one state to the other state. Wir entwickeln in unserem Geist eine Idee darüber, wie der Buddha ist. Wir haben eine Idee, wie wir sind. Und wir haben das Gefühl, dass da also ein großer Unterschied besteht. Dadurch schaffen wir auch einen langen Weg, den wir gehen müssten, um so zu sein wie der Buddha. And the great tragedy of that is that work of discrimination we feel is good work. Und die große Tragödie darin ist, dass diese Arbeit der Unterscheidung von uns als eine gute Arbeit empfunden wird. But the more we do this good work, the further we get away from our own real nature. Aber je mehr wir von dieser guten Arbeit verrichten, desto stärker entfernen wir uns von unserer eigentlichen Natur. And that's why he says they strongly bind the original nature of the mind by relying on discrimination and conceptual judgment. Und das ist der Grund, warum es hier heißt, dass sie die ursprüngliche Natur stark fesseln, indem sie Unterscheidung und begriffliche Urteile fällen. Of course, he's not saying we really bind it in some way. We can't limit or destroy or restrict this natural condition. Natürlich drückt das nicht aus, dass man das wirklich fesseln kann in irgendeine wirklich begrenzte Art und Weise, weil man die natürliche Seinsweise in keiner Weise begrenzen oder restringieren kann. But it's as if we bind it in a box and put it up in the attic someplace. Aber es ist so, als würden wir praktisch das in eine Art Schachtel reintun und sie in die Vitrine stellen. And that we'll go there someday when we're bigger and we're more grown up and we know what to do.
Und das wartet auf den einen Tag, an dem wir dann größer, reifer geworden sind und wissen, was damit anzufangen ist. And so we've turned it into an object, we've turned ourselves into an object. Und damit haben wir das in ein Objekt verwandelt und uns selbst auch in ein Objekt verwandelt. Then, just as people become mad from the blessing of a demon, beings become powerless, devoid of meaning, and create sufferings for themselves. Und heißt es hier, so wie Leute aufgrund eines sogenannten Segens eines Dämons verrückt werden, so werden die Wesen auch machtlos und sinnentleert und erschaffen für sich selbst Leiden. So he's saying that by getting this false understanding, by giving ourselves a task which is not necessary, this is like the blessing of a demon. Und das drückt aus, dass indem wir uns durch ein falsches Verstehen binden und uns eine Aufgabe stellen, die nicht erfüllbar ist, wir gewissermaßen den Segen eines Dämons bekommen. A demon can't give a blessing. That doesn't fit. Ein Dämon kann keinen Segen erteilen, das passt nicht zusammen. The path to enlightenment can't be by following the wrong way. Weg zur Erleuchtung kann nicht sein, indem wir einen falschen Weg folgen. But when we follow the wrong way, thinking it's the right way, we become powerless. Aber wenn wir dem falschen Weg folgen, indem wir denken, dass es der richtige Weg ist, werden wir machtlos. Devoid of meaning here means we don't trust the shining innate value of our own existence. We experience ourselves as empty and needing something from outside to fill us up. Sinnentleert bedeutet hier, dass wir der eigenen Bedeutung nicht vertrauen, dass wir machtlos werden und nicht wirklich darauf vertrauen können, dass no. Sorry. Okay. Once again. Was it which bit? The devoid of meaning. Devoid of meaning. Yeah. That in feeling emptied out because we lack something, we always looking out towards the object to fill ourselves up. Indem wir uns entleert fühlen, fühlen wir uns sozusagen in dem Bedürfnis nach außen zu schauen, nach einem Objekt, das uns hilft, uns wieder aufzufüllen. Some Lama is coming to give some initiations. Maybe I should have these initiations. Irgendein Lama kommt, um irgendwelche Initiationen zu geben. Vielleicht sollte ich hingehen und diese Initiation bekommen. Now I have that initiation. I must write it down in my book so I don't forget what initiations I have. Und nun habe ich diese Initiation bekommen, jetzt muss ich es niederschreiben in meinem Büchlein, damit ich nicht vergesse, welche Initiationen ich bekommen habe. At that point, all the Buddhas of the three times are weeping. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Buddhas der drei Zeiten am Weinen. When I was moving one of the times in India, I lost my little book where I'd written down all my mantras. Als ich in Indien unterwegs war, verlor ich an einem Zeitpunkt mein Büchlein, in dem ich all die Mantras aufgeschrieben hatte. Now I'll never know how many mantras I did. Jetzt würde ich nie mehr wissen, wie viele Mantras ich gesprochen habe. But it's very important because you can go to some teachers and you say, how many of these mantras have you done? Or you haven't done enough. Aber das ist sehr wichtig, denn man kann zu bestimmten Lehrern gehen, dann werden sie uns fragen, ja, und wie viele Mantras von diesem oder jenem hast du gemacht? Und dann haben wir vielleicht nicht genug gemacht. There's a story in the biography of Maitripa Brief. Da gibt es eine Geschichte in der Lebensgeschichte von Maitripa Brief. When she was young and she needed to earn money, she did it by reading Buddhist texts out loud in order to let other people hear, because many people couldn't read, but also to generate the merit and dedicate it to the sponsor. Als sie jung war und Geld verdienen musste, hat sie das oft damit getan, dass sie buddhistische Texte laut vorgelesen hat. Einerseits deswegen, weil viele Leute gar nicht des Lesens mächtig waren und so konnten sie wenigstens den Text hören, und andererseits, weil es auch üblich war, Texte vorzulesen, um Verdienst oder Tugend zu erschaffen und dann zu widmen, dem Sponsoren zu widmen. And this was seen as a sort of low-level activity, a bit like being a governess, like Jane Eyre. Das wurde als eine niedrig stehende Tätigkeit angesehen, so ein bisschen wie wenn man ein Regierungsbeamter niedriger, Like typical novel. also sozusagen ein Anfänger in der Beamtenlaufbahn zu sein. Something for women to do that wouldn't cause too much trouble. Etwas, was für die Frauen gedacht war, weil sie da nicht so viele Schwierigkeiten verursachen würden. I didn't invent patriarchy. Tut mir leid, ich bin es nicht, der das Patriarchat erfunden hat. It pervades all of Tibetan Buddhism. Es durchdringt den gesamten tibetischen Buddhismus.
So this Lama came and started to do this initiation, and she was allowed to go in, but sitting at the back. Und nun kam diese Lama und begann mit seiner Initiation und sie durfte schon hingehen, aber sie musste sich im Hintergrund halten. And halfway through the initiation, she got up and walked out. Und mitten in der Initiation stand sie auf und ging raus. And at the end of the initiation, when everybody came out of the room, they saw that she was sitting up in a tree. Am Ende der Initiation, als alle wieder rauskamen, konnte man sie oben in einem Baum sitzen sehen. And some of the monks got very angry and they said, "You are being very disrespectful to this High Lama who's given us the initiation." Und einige der Mönche wurden sehr zornig und sagten, du warst sehr respektlos gegenüber diesem hohen Lama, der uns die Initiation gegeben hat. But the Lama said, "Oh, she's the only one who got the initiation." Aber der Lama sagte langsam, sie ist die Einzige, die Initiation bekommen hat. So it's like that. So ist das. An initiation is something you get. It's like an orgasm. Faking it doesn't do you much good. Eine Initiation ist etwas, was man bekommt. Es ist wie ein Orgasmus und ihn vorzuspielen bringt nicht viel. So, very important to really get something concrete, Es ist nun sehr wichtig, etwas Konkretes zu bekommen. which means when you are devoid of meaning, searching for meaning outside yourself is not something to get. Wenn man sinnentleert ist, nach Sinn irgendwo außerhalb seines Selbst zu suchen, ist nicht etwas, was man wirklich bekommen kann. We don't need many initiations and many practices. We need just one practice we can do. Wir brauchen nicht viele Initiationen, viele Praktiken. Es reicht eine einzige Praxis, die man wirklich ausführen kann. The practice which takes you to yourself is the real practice. Die Praxis, die uns zu uns selbst bringt, ist die wahre Praxis. And if you have that meaning, then you don't need to run around looking for other things. Und wenn man diese Bedeutung bekommen hat, dann braucht man nicht umherzurennen, nach anderen Wegen Ausschau zu halten. So, if you see your mind is an entity, you will enter into judgment on yourself. Wenn man denkt, dass der eigene Geist eine Entität, ein Ding ist, dann wird man in Urteile über sich selbst eintreten. Not entering into judgment, not creating limitation, not conditioning yourself. This is the quality of Mahamudra practice. Nicht in Urteile zu verfallen, nicht sich selbst zu begrenzen oder zu konditionieren, ist die Qualität der Mahamudra-Praxis. Okay, then he says, believing that things are real, beings are seized by the great demon of thought, and thus do they create only meaningless suffering for themselves. Indem sie daran glauben, dass Dinge wirklich sind, werden sie von dem großen Dämon des Denkens gefangen und so erschaffen sie für sich selbst nur sinnloses Leiden. Thoughts tell us about things. If you believe in things, you will take thoughts to be very important. Dinge teilen uns etwas über Dinge mit. Gedanken teilen uns etwas über Dinge mit. Und wenn wir Dinge für real halten, dann werden Gedanken über diese Dinge als wichtig erscheinen. But there are no things. Aber es gibt keine Dinge. So what do thoughts tell us about? Was können also uns Gedanken darüber mitteilen? They tell us about themselves. Sie erzählen uns etwas über sich selbst. Very often, if people are very critical and they want to tell other people what's wrong with them, Sehr oft, wenn Leute sehr kritisch sind und anderen Leuten sagen wollen, was mit ihnen falsch ist, they think that they are an illuminating interrogator's lamp, revealing the truth. They are an X-ray of the other. sie denken dann oft, dass sie sozusagen die Verhörlampe des Untersuchenden anleuchten und wirklich irgendetwas in dem anderen beleuchten, sozusagen irgendeinen Punkt durch Röntgenuntersuchungen gewissermaßen ans Tageslicht hervorbringen. But actually they are just offering an X-ray of themselves. Aber in Wirklichkeit bieten sie lediglich eine Röntgenaufnahme ihrer selbst an. The reason they are angry is because they are angry. Der Grund, dass sie zornig sind, ist, weil sie einfach zornig sind. Any reason would be enough. Jeder Grund würde dann ausreichen. Angry people are angry. Zornige Leute sind zornig, Sad people are sad. traurige Leute sind traurig Sensitive people are sensitive. und empfindliche Leute sind empfindlich. They're just showing how they are. Sie zeigen uns, wie sie sind. It looks like a communication. It's just a revelation. Es schaut aus wie eine Kommunikation, ist aber lediglich eine Enthüllung.
It's very important to see that thoughts don't tell us anything about anything except themselves. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass Gedanken uns nichts über nichts sagen können, außer über sich selbst. You're sitting and your thought arises, it's not fair that it's like that. Wir sitzen und vielleicht kommt dann der Gedanke auf, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht fair, dass es so ist. This thought is just the thought that says that. Dieser Gedanke ist einfach der Gedanke, der dieses sagt. It needs something to fix onto. Aber es braucht ein Häkchen, an dem es sich festhängen könnte. What is not fair? That is not fair. Was ist nicht fair? Dies ist nicht fair. But there is no that. Aber das gibt dieses nicht. Never mind, that's not fair. Aber das macht nichts. Egal, es ist nicht fair. The evidence is irrelevant. I have the truth. Die Evidenz ist unwichtig. Ich habe die Wahrheit. This is how these thoughts are operating. Das ist die Art und Weise, wie Gedanken operieren. It's very, very important to see that the status of thinking in this level of Buddhism is not high. Es ist sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass der Status des Denkens in dieser Ebene des Buddhismus keine hohe Position genießt. You can't think yourself out of samsara. Man kann sich selbst nicht aus dem Samsara herausdenken. If you're Bill Gates, you can think yourself to $1 billion. Wenn man Bill Gates ist, kann man sich vielleicht zu dem Einkommen von $1 Milliarde hindenken. But you can't think yourself out of samsara. Aber man kann sich nicht selbst aus dem Samsara herausdenken. Because thoughts go back always into samsara. Die Gedanken gehen immer zurück in das Samsara. They don't go out. Sie gehen nicht raus. Because the gravitational pull of self-referential stupidity is very great. Denn die Gravitationskraft der selbstreferenziellen Dummheit ist enorm stark. First you have to dissolve the planet of the self. Zuerst müssen wir den Planeten des Selbst auflösen. Emptiness. Leerheit. When you have the emptiness, there's no gravitational pull at all. Thoughts can go everywhere. Wenn wir Leerheit haben, gibt es überhaupt keine Anziehungskraft. Dann können die Dinge überall hingehen. That's why we see the description of Padmasambhava, and he's surrounded by many dakinis. Das ist die Art und Weise, wie wir die Beschreibung von Padmasambhava auch sehen, umgeben von vielen Dakinis. On one level, the dakinis represent all the thoughts, feelings, sensations that arise, coming and going, moving in the sky, very beautiful, but not really doing anything. Auf einer gewissen Ebene sind Dakinis nichts anderes als all die Gedanken, Empfindungen und Gefühle, die sich frei im Himmel herumbewegen, auf eine wunderbare Weise, aber eigentlich auch nichts ausrichten. Then he says, some of these stupid ones are bound by the discrimination of their intellects. Dann heißt es hier weiter, manche von diesen Dummköpfen werden durch die Unterscheidung ihres Verstandes gefesselt. They keep the master at home and go seeking for him elsewhere. Wird der Meister, das heißt der Geist selbst zu Hause ist, suchen sie anderswo nach ihm. This is exactly what we've been talking about for some time. The master is the mind itself, the unborn open nature. Das ist genau das, worüber wir seit einiger Zeit reden. Der Meister ist der ungeborene, unaufhörliche Natur. But we go looking for him in the servant, which is the thoughts which wander everywhere. Aber wir versuchen ihn in den Dienern zu finden, die Gedanken sind, die überall hinwandern. If you want to find the master, look where the master is living. Wenn wir den Meister finden wollen, müssen wir schauen, wo er lebt. Some of them believe that reflections are real. Manche glauben, dass Spiegelungen wirklich sind. That means taking all that arises in the mirror of the mind to be separate and solidly real. Das bedeutet, dass all das, was in dem Geist steht, dass man es für wahrhaft existent und fest und real hält. Some of them do not cut the root, but only cut branches and leaves. Manche von ihnen schneiden die Wurzel nicht ab, sondern nur die Zweige und Blätter. Here this means good Dharma practitioners who spend their lives accumulating merit. Und hier bezieht sich auf diese guten Dharma-Praktizierenden, die ihr ganzes Leben damit verbringen, Verdienst anzusammeln, Building monasteries. Klöster zu errichten. Bricks don't get enlightened. Aber Ziegelsteine werden nicht erleuchtet. Paintings on a wall don't bring enlightenment. Und Gemälde auf der Wand bringen keine Erleuchtung. They might bring tourists, Sie können Touristen anziehen, but they won't bring enlightenment. aber sie werden keine Erleuchtung herbeiführen. This is not an insult to the paintings in temples. Das ist keine Beleidigung den Gemälden in Tempeln gegenüber. It's to recognize that they may help to generate faith. Es ist zu erkennen, dass sie vielleicht hilfreich sind, um Glauben zu generieren.
Faith is a wonderful thing, und Glaube etwas Wunderbares ist, but it has to be applied for something. aber dieser Glaube muss auch für etwas eingesetzt werden. If your faith is that the Buddhas are very high and very wonderful, Und wenn dein Glaube ist, dass die Buddhas was sehr Hohes und Wunderbares sind, and the corollary of that is that I am very small and insignificant and have a long way to go, und wenn die Schlussfolgerung daraus ist, dass ich selbst sehr klein und unbedeutend bin und einen langen Weg zu gehen habe, then according to the teaching of Mahamudra, this painting, this holy painting has made you stupid. dann würde man entsprechend den Lehren des Mahamudra sagen, dass dieses heilige Gemälde uns dumm gemacht hat. So he says, cut the root. The root is the belief in the real existence of entities. Und so heißt es hier, schneide die Wurzel durch. Und die Wurzel hier ist der Glaube an die wahrhafte Existenz von wahren Entitäten, Dingen. Trying to improve the quality of the thoughts in your mind is not cutting the root. Und der Versuch, die Qualität der Gedanken in deinem Geist zu verbessern, ist nicht die Wurzel zu schneiden. Cutting the root is relaxing and integrating into the state of unborn openness. Wurzel durchschneiden bedeutet, sich zu entspannen und sich in den Zustand ungeborener Offenheit zu begeben. Because then he says, no matter what they do, they are not aware of being deceived. Denn dann heißt es hier immer, was immer sie auch tun, sie werden nicht gewahr, eine Täuschung zu unterliegen. This is very, very important. And this is very hard for us to understand, really. Das ist sehr wichtig und zugleich sehr schwierig für uns zu verstehen. Because many people think that Buddhism is holy. Denn viele Leute glauben, dass der Buddhismus was Heiliges ist. And if it's holy, it must be good. Und wenn es heilig ist, muss er auch gut sein. And if it's good and something's not working, then the fault must be me. Und wenn er gut ist und irgendetwas trotzdem nicht funktioniert, dann muss der Fehler bei mir liegen. This is not necessarily true. Aber das ist nicht notwendigerweise wahr. People cannot understand that they're being deceived when they do the wrong thing. Leute verstehen nicht, dass sie einer Täuschung unterliegen, wenn sie das Falsche tun. Who knows the potential of someone else? Wer kann denn das Potenzial eines anderen kennen? I've been trained in diagnosis. Ich habe Training in Diagnose bekommen. So generally, if I meet someone within a short period of time, I can tell whether they're nuts or not. In der Regel kann ich, wenn ich jemanden treffe, innerhalb kurzer Zeit sagen, ob sie ein bisschen gaga sind oder nicht. I can't tell what will become of them. Aber ich kann nicht sagen, was mit ihnen werden wird. Maybe they will be able to transform their life. Maybe they already are shining and nuts, and they don't need to change anything. Vielleicht werden sie in der Lage sein, ihr Leben zu transformieren. Vielleicht sind sie bereits strahlend und gaga und brauchen gar nichts. But under the patriarchal structure of Tibetan Buddhism, many people didn't get a chance. Aber unter der patriarchalischen Struktur des tibetischen Buddhismus haben viele Leute gar nicht erst eine Chance bekommen. So many of the structures of monastic systems didn't provide an education to people. Und viele dieser monastischen Strukturen der tibetischen Gesellschaft haben für die Menschen in Tibet keine Struktur der Erziehung bereitgestellt. It's very important to know these things. Und es ist wichtig, dies zu wissen. This was, of course, one of the reasons that Saraha left a big Indian monastery. Das war natürlich eines der Gründe, warum Saraha ein großes indisches Kloster verlassen hat. Because institutions take on a life of their own. Denn Institutionen haben sozusagen ein Eigenleben. If you work in a school or a hospital or a bank, you're very aware of that. Wenn man in einer Schule oder in einem Krankenhaus oder in einer Bank arbeitet, ist man sich dessen sehr bewusst. Organizations develop a culture which tends to get tilted towards self-maintenance. Organisationen entwickeln eine Kultur, die dazu neigt, vor allem auf Selbsterhaltung abzuziehen. The reason we're here today is to make sure that we're here tomorrow. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist sicherzustellen, dass wir auch morgen da sein werden. And so you get many kind of practices which are just about maintenance. Sodass es also eine ganze Menge Praktiken gibt, die von nichts anderem handeln als von Aufrechterhaltung. Monasteries need people to clean the floor, Klöster brauchen Leute, die die Gänge putzen, carry the water, make the tea and so on. Wasser tragen, Tee kochen. And a lot of the time these people didn't get much chance. Und oft haben diese Leute nicht viel Chancen bekommen. This is very, very important to know.
Das ist sehr wichtig, es zu This is wissen. what he's saying. You can spend your life doing practices which are not deeply transformatory and are well below your capacity. Und das ist das, was er sagt. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, Praktiken auszuüben, die keine wirklich stark transformierende Macht haben und weit unter deiner Befähigung befindlich sind. If you were born in a village as a woman in Germany 200 years ago, what kind of an education would you get? Wenn man 200 Jahre zuvor in Deutschland auf einem Dorf als Frau geboren wurde, welche Art von Bildung und Erziehung konnte man sich erwarten? So it's very important to be able to see and to give yourself a chance. Daher ist es sehr wichtig, das zu sehen und sich selbst auch eine Chance zu gestehen. This is why we don't have any doorkeeper for this kind of teaching. Und das ist der Grund, warum wir hier keine Türsteher für diese Art von Unterweisung haben. It's open to anyone. If you're interested, that's all that's important. Das ist offen für alle. Wenn man interessiert ist, ist alles, was zählt. It's non-hierarchical. Es ist nicht hierarchisch. This Saraha became an outsider. Diese Saraha selbst wurde zu einem Outsider. The Dohas, the songs of these itinerant yogis were from people on the outside of the culture. Diese Dohas, die Lieder von diesen umherwandernden Yogis, das sind Lieder von Leuten, die sich außerhalb dieser Kultur befanden. Someone like Machik Labdran was an outsider. In gewisser Weise wie auch Machik Labdran eine Außenseiterin war. Someone like Patu Rinpoche was an outsider. Patrul Rinpoche war ein Außenseiter. Because he found that the hierarchical, patriarchal structures of monasteries stopped the free expression of oneself. Denn sie haben herausgefunden, dass diese hierarchische Struktur von Klöstern den Selbstausdruck verhindern. But you can take away the external constraints. Man kann aber auch diese äußeren Begrenzungen wegnehmen. That's the first stage. Das ist vielleicht der erste Schritt. The real work is ours. Aber die wirkliche Arbeit ist unsere Arbeit. As Bob Marley says, free your mind from mental slavery. Wie Bob Marley singt, befreie deinen Geist von geistiger Sklavenschaft. We ourselves don't allow ourselves to be who we are. Es sind wir selbst, die uns nicht gestatten, so zu sein oder der zu sein, die wir sind. Because we think we are somebody else. Da wir denken, dass wir jemand anders sind. So this is really about liberation, and this liberation cuts through all the kind of constraints that there have been on people. Das geht oder handelt hier über Befreiung oder von Befreiung. Und Befreiung bedeutet, all die Beschränkungen, Begrenzungen durchzuschneiden, die die Leute begrenzen. I was very fortunate to get the instruction on this from Lama. Ich habe sehr großes Glück gehabt, die Unterweisung dazu von Lama zu bekommen. Who was very happy to teach anyone who was really interested. Und Lama war sehr glücklich, jeden zu lehren, der wirklich interessiert war. He didn't make any particular threshold or entry inquiry. Hier errichtete keinerlei bestimmte Schwellen oder sozusagen Eingangsvoraussetzungen. And so that I think is very important to see, that we can make all sorts of structures in our head, outer socio-political structures, organizational constraints, inner prohibitions, and when these operate together, we can make ourselves very, very small. Und das ist sehr wichtig zu erkennen, dass wir eine ganze Menge verschiedene Einschränkungen treffen können. Wir können äußere soziopolitische Beschränkungen treffen, wir können innere Inhibitionen treffen, wir können viele Wege finden, wie wir uns klein machen können. But what he's saying is you can live in the absolute fullness of your being, you can be fully enlightened and be completely invisible. Aber was das hier ausdrückt, ist, dass man vollständig zu der Fülle seines eigenen Seins erwachen kann, vollständig erleuchtet sein und zugleich vollkommen unsichtbar sein. You can go to the shops. Man kann einkaufen gehen, After you have a bath, you clean the bath yourself. man kann, nachdem man ein Bad genommen hat, das Badezimmer selbst reinigen You just do ordinary things. und einfach gewöhnliche Dinge tun. You're not special. Man ist nichts Besonderes. Awakening is special, but there are a lot of Buddhas. Das Erwachen ist besonders, aber es gibt eine Menge Buddhas. So this is really important, that when we get an invitation to the real opening, we can go through that door. Nobody is stopping us except ourselves. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir die Einladung des Eintritts in die Offenheit bekommen, dann können wir diese Tür auch betreten. Wir können durch diese Tür hindurchgehen
Und niemand anders außer uns selbst kann uns daran hindern. You don't have to do any other practice to go through this door. Und wir müssen keine andere Praxis durchführen, um durch diese Tür zu treten. What you have to do is observe how your own self-hatred, your own negative feelings about yourself, your own laziness, and so on and so on. All of these things keep you very small. Was wir nur beobachten brauchen, ist genau wahrzunehmen, wie unsere eigene Selbsthass, unsere ganze negative Einstellung uns selbst gegenüber und auch vielleicht unsere Faulheit und dergleichen wir uns so klein halten. You can have gold. Wir können Gold haben. No, I'd rather have a handful of earth. Nein, ich bevorzuge lieber eine Handvoll Erde. Okay, In Ordnung. then life goes by. Dann vergeht das Leben. So ist es. And it's like that for almost everyone. In Tibet, everywhere. China, everywhere. In Zen monasteries, everywhere. Most people don't want gold. Und das ist so für wirklich fast jeden. Hier wie in Tibet, wie in China, in Zen-Klöstern, überall. Die meisten Leute wollen kein Gold. Right. Now we take a little break before dinner. It's a beautiful evening. Maybe you can just think. My nature is perfect from the very beginning. I am perfect from the very beginning. Wir werden jetzt eine kleine Pause nehmen vor dem Abendessen und vielleicht können wir in dieser Pause einfach diesen Gedanken kultivieren. Ich bin vollkommen von allem Anfang an, meine Natur ist vollkommen von allem Anfang an. My real nature has no faults and limits. Meine wahre Natur hat keinerlei Fehler und Begrenzungen. I have no faults and limits. Ich habe keine Begrenzungen und Fehler und Grenzen. I am not who I think I am. Ich bin nicht, wer ich glaube zu sein. The one who I think I am is the obscuration which covers who I am. Derjenige, den ich glaube zu sein, ist die Verdunklung, die das zudeckt, was ich tatsächlich bin. Hey, I'm okay. Hey, ich bin in Ordnung. If you don't believe that, you can do some prostrations on the road outside, on the gravel. Wenn ihr das nicht glaubt, könnt ihr zum Beispiel auch einige Verbeugungen machen. Zum Beispiel da vielleicht auf der Straße, auf dem Kieselstein. And then we have food shortly, and if we meet back together at 7:45. Wir haben dann danach Abendessen und wir sollten die Pause dann knapp halten, 7:45 hier zusammenkommen. Thirdly, the way in which hermits gain realization is shown. Als drittes, der Weg auf dem Einsiedlerrealisation erlangen wird gezeigt. Wonderful. It says, childlike beings do not know their own true nature, but I realize it by never wavering from the state of that true nature. Dann heißt es hier, wunderbar, kindische Wesen kennen ihre wahre Natur nicht. Ich aber realisiere sie, indem ich niemals von der Seinsweise dieser wahren Natur abweiche. Yeah, when he says childlike beings, it's not an insult to them, but it's to say that if you spend your time distracted by all the exciting things in the world, you will never have time or space to find yourself. Dieses kindische Wesen, das soll jetzt keine Beleidigung sein, sondern es ist eine Feststellung, dass wenn man sein ganzes Leben mit der Faszination an den Dingen in dieser Welt verbringt, man niemals Zeit finden wird, wirklich die eigene Natur herauszufinden. They don't know what it is, but I never stray from it. Und er sagt, die wissen nicht, was das ist, aber ich weiche davon niemals ab. And that's the important thing, that as we were looking before, if you try to know it as a thing, as something different from yourself, it will always escape you. Und das ist das Wichtige hier dran, dass wenn wir das versuchen als ein Ding zu kennen, wenn wir das sozusagen als etwas zu Wissendes betrachten werden, dann wird es uns immer entflüchten. In some ways, if you like, it's like the relation between our conscious existence and the unconscious aspects of the self. Und das ist so ein bisschen wie die Beziehung zwischen unserer bewussten Existenz und dem unbewussten Aspekt des Selbst. You can never know the unconscious.
Man kann niemals das Unbewusste wissen oder kennen. and yet it comes into life. Und doch tritt es ins Leben ein. So to disregard it is not helpful. Das nicht zu beachten ist nicht hilfreich. To chase it is not helpful. Aber es auch dem nachzujagen ist nicht hilfreich. But to live with a sense of the unconscious is not to hold the power of the ego too tightly. Aber mit einem Empfinden für das Unbewusste zu leben, heißt, an der Macht des Ego nicht allzu stark festzuhalten. What is different here is that instead of the unknown aspect of self coming into life and us having a sense of it, here there is a way of integrating directly into the unborn basis. Was den Unterschied hier ausmacht, ist, dass statt einen Sinn für das Unbewusste und den unbewussten Aspekt des Lebens zu haben und mit ihm sozusagen ins Leben zu treten, hier es sich um eine unmittelbare Integration in den Grund handelt. So he says, I gained knowledge of the beginning and end of myself, and thus I saw myself, my true nature, abiding alone. Dann heißt es hier, ich habe das Wissen um den Anfang und das Ende meiner selbst erlangt und so sah ich mich selbst, meine allein verweilende wahre Natur. So the beginning and end of oneself is in the practice of the meditation to observe how you limit yourself. Der Beginn und das Ende von einem selbst bedeutet in der Praxis der Meditation zu beobachten, wie man sich selbst begrenzt. Whenever you have a strong identification and you feel that you are this or you are that, Wann immer da eine starke Identifizierung da ist und man das Gefühl hat, man sei dieses oder jenes, this identification brings a limit. bringt diese Identifizierung auch eine Begrenzung mit sich. And you seem to have come to the end of yourself. Und dann hat man das Gefühl, sozusagen an das Ende von einem selbst zu geraten. So some people might say, oh, I'm very calm, Manche Leute mögen vielleicht sagen, oh, ich bin eine sehr ruhige Person or I'm always confused. oder ich bin immer verwirrt. Any kind of statement like that, which seems to define what we are, becomes the limit. Jede Art von Feststellung, die den Anschein erweckt, zu charakterisieren, wie wir sind, definiert auch zugleich eine Grenze. But when he says he gained knowledge of the beginning and end of himself, he means he awoke to the infinity of himself, that there is no beginning and no end. Und wenn er also sagt, dass er das Wissen um den Anfang und das Ende seiner selbst erlangt hat, dann bedeutet dies, dass er die Einsicht in die Unendlichkeit seiner selbst erlangt hat, nämlich die Einsicht in die Tatsache, dass es da weder einen Anfang noch ein Ende gibt. And there can be nothing outside infinity. Und dass es nichts außerhalb dieser Unendlichkeit geben kann. Everything is inside infinity. Alles befindet sich innerhalb der Unendlichkeit. Otherwise, infinity wouldn't be infinite. Sonst wäre Unendlichkeit nicht unendlich. So, when he saw that the mind had no limit, he found that it was standing alone. Und als er sah, dass der Geist keinerlei Grenzen aufweist, fand er auch, dass er allein steht. That is to say, it doesn't stand in relation to anything else, Dann in Worten, es steht nicht in Beziehung zu irgendetwas anderem, because there is nothing else. denn es gibt nichts anderes. But that doesn't mean that there isn't anything else. Aber das bedeutet nicht, dass es da nichts anderes gibt. It means that everything else is within the infinity. Das bedeutet, dass alles andere innerhalb dieser Unendlichkeit befindlich ist. Just as the reflection is in the mirror, So wie die Spiegelung im Spiegel ist, the reflection doesn't stand in relation to the mirror, Spiegelung steht nicht in Beziehung zum Spiegel. because you can't make it apart from the mirror. Und man kann sich nicht von dem Spiegel trennen. So when a thought arises in you, I am stupid, I am lazy, I am enlightened, I'm a Buddha, I'm a sinner, Wenn also der Gedanke in uns aufkommt, ich bin dumm, ich bin faul, ich bin erleuchtet, ich bin ein Buddha oder ich bin ein Sünder, these are thoughts which establish nothing. das sind Gedanken, die nichts begründen. Their nature is nothing, but they show themselves. Ihre Natur ist nichts, aber sie zeigen sich selbst. They don't sit outside the level of manifestation. Sie sitzen nicht außerhalb der Ebene der Manifestation. They don't stand in relation to the mind. Sie stehen in keine Beziehung zum Geist. And so for this reason, the mind is alone. Und daher ist der Geist allein.
And then he says, yet although this aloneness is experienced, it's not seen as strongly real. Dann heißt es, doch obgleich diese Alleinheit erfahren wird, wird sie nicht als stark real gesehen. This, in Tibetan, this word alone is chikpo. It means just one. Im Tibetischen steht für Alleinsein dieses Wort Chikpo, was nichts anderes heißt als bloß eins. One becomes infinite if there is nothing around it. Das eine wird unendlich, wenn nichts drumherum ist. There's nothing to put it in relation. Es gibt nichts, wozu es in Beziehung stehen könnte. The children who are the only child in a family have a different path of development from children who are siblings. Kinder, die das Einzelkind in der Familie sind, haben einen anderen Entwicklungspfad als Kinder, die Geschwister sind. If you have siblings, then your position is always relative. Wenn man Geschwister hat, dann ist die eigene Position immer relativ. To be just one child brings more loneliness, but also more sense of omnipotence. Ein einziges Kind zu sein, bringt natürlich mehr Alleinsein mit sich, aber auch mehr Empfindung von Omnipotenz. So he's saying this infinite aloneness, this just being one, it's not strongly real because you cannot catch it. Und was er sagt, ist, dass diese unendliche Alleinheit, dieses bloß Einssein, nicht stark real sein kann, weil man sie nicht zu greifen bekommt. And what we'll find in this text that the same point is being made again and again in different ways. Was wir also in solchen Texten finden, ist, dass dieser gleiche Punkt auf verschiedenste Weise immer wieder neu hervorgehoben wird. We are not entities, we are not things. Wir sind keine Entitäten, keine Dinge. So, in the meditation, everything arises and everything goes. In der Meditation entsteht alles und geht alles. If you continue to do this meditation and gradually extend the amount of time you spend in it, for long periods of time, all the familiar landmarks of your existence can cease to be present. Wenn man diese Art von Meditation fortsetzt und allmählich auch die Zeitperioden ausdehnen kann, in denen man in Meditation sein kann, werden all die für uns tradierten Landmarken, die sozusagen unsere gewöhnliche Existenz markieren, für lange Zeit gar nicht auftreten. Experiences of just emptiness, nothing, Das sind Erfahrungen von bloß Leerheit, von nichts, of no thoughts at all, keinen Gedanken, of many different kinds of sensation without any point of reference. vielen Arten von Empfindung ohne jeden Bezugspunkt. But they're just coming and going. Aber sie kommen bloß und gehen wieder. These are just ways in which the energy of the mind manifests. Das sind bloß Wege, auf denen sich die Energie des Geistes manifestiert. Your awareness has no friend. Unsere Bewusstheit hat keinen Freund. On the level of manifestation, you can make many friends. Auf der Ebene von Manifestation kann man viele Freundschaften schließen. You can sit and chat, Man kann da sitzen und miteinander schwätzen. but the awareness is aware of you and your friend chatting. Aber die Bewusstheit ist sowohl unserer selbst als auch des Freundes im Gespräch bewusst. It's simply aware. Es ist einfach die Bewusstheit. It's not helped by friends, it's not harmed by enemies. Ihr wird nicht durch Freunde geholfen und nicht durch Feinde geschadet. It's just alone. Sie sind bloß allein. This can be very scary. Das kann sehr erschreckend sein. There is no seer nor anything to be seen, and so it is inexpressible. And because it is inexpressible, who can know it? Es gibt niemanden, der sieht und nichts zu sehen, und so ist dies jenseits des Ausdrucks. Das aber jenseits des Ausdrucks ist, wer kann es wissen? This is very strange. Das ist sehr seltsam. There is no seer, there is no one who is having the experience. Es gibt keinen, der sieht, es ist niemand da, der die Erfahrung hat, And there is nothing which is experienced. und es gibt nichts, was zu erfahren wäre. Of course, experience is occurring. Natürlich, Erfahrung tritt auf. When he says there is nothing to be seen, it means there are no real entities. Wenn er also sagt, da ist nichts zu sehen, dann meint er, da gibt es keine wahren Entitäten, Dinge. If you sit in this meditation practice, at the end of it, it will be very difficult to write a report.
Wenn man in seiner Meditationspraxis sitzt, dann wäre es schwierig, am Ende dieser Praxis irgendeinen Bericht darüber zu schreiben. What is happening is there, but you're just in it. Was geschieht, ist da, aber man ist einfach darin. You're not observing it from the outside. Man beobachtet es nicht von außen, You're not falling into it. man fällt auch nicht hinein. You're on this thin line of a presence which is inseparable from and yet separated from the arisings as they come and go. Man befindet sich auf dieser ganz schmalen Grenze von Untrennbarkeit und gleichzeitig getrennt sein von den Erscheinungen, wie sie kommen und gehen. From that state there is nothing to say. Und von diesem Zustand aus gibt es nichts zu sagen. It's just open, things coming and going, then gone. Es ist ein offener Zustand, in dem Dinge einfach kommen und gehen und dann gegangen sind. And because it's inexpressible, who can know it? Da dieser Zustand unausdrückbar ist, wer kann ihn kennen? He's very skillful. He puts these little hooks inside. Er ist sehr geschickt, er bringt da diese kleinen Häkchen hinein. This is like an exam question. Das ist wie eine Prüfungsfrage. Who can know it? Wer kann das wissen? Please, miss, I can. Bitte, bitte, ich weiß es. But it's not like that. Hier geht es aber nicht darum. Because it can't be known. Das ist nicht etwas, was zu wissen wäre. This is why it's lonely. Und deswegen ist es einsam. When children are small, if they don't have much going for them or they're a little upset, they often develop an imaginary friend. Wenn Kinder klein sind und sich niemand allzu sehr um sie kümmert oder sie aufgebracht sind, dann entwickeln sie oft einen imaginären Freund. Then they don't feel so lonely and they can enact their fantasies of various kinds. Dann fühlen sie sich nicht so einsam und sie können viele verschiedene Fantasien sozusagen in Szene setzen. But to be completely alone means not to have anything to stand in relation to. Aber vollständig allein zu sein bedeutet, niemand zu haben, zu dem man in einer Beziehung stehen könnte. Nothing. Nichts. So that's very radical. Das ist eine sehr radikale Sache. You won't have anything to say. Es wird nichts zu sagen geben. Even after 1,000,000 years of this meditation, you wouldn't have anything to say. Selbst nach Millionen Jahren von dieser Meditation wird man nichts zu sagen haben. That's why in the lineage, when we talk of the different levels of transmission, the first level is called the Gyalwa Gombegyu. Und das ist der Grund dafür, dass in der Linie, wenn wir über diese verschiedenen Ebenen der Transmission, der Übertragung sprechen, die erste Ebene als die Gyalwa Gombegyu bezeichnet wird. That is to say, when one Buddha communicates with another, it's instant because they have an unimpeded connection. Und das drückt aus, dass wenn ein Buddha mit einem anderen kommuniziert, diese Kommunikation instantan geschieht, weil sie eine ungehinderte Verbindung miteinander haben. Because they are not living in a limited state. Und das liegt daran, dass sie nicht in einem begrenzten Zustand leben. They are not transferring knowledge or information from one person to another. Sie übertragen nicht Wissen oder Informationen von einer Person zur nächsten. But the state of openness has no boundary, and so it's a shared arising which is instant. Der Zustand von Offenheit hat keine Grenzen, daher ist das hier eine gemeinsam geteilte ein gemeinsam geteiltes Erstehen, das instantan ist. But with knowledge we are trying to create something or take something, and that's not possible. Mit Wissen versuchen wir aber etwas zu erschaffen oder etwas zu nehmen, das ist hier nicht möglich. So you will never know your own state, Das heißt, wir werden unseren eigenen Zustand niemals kennen. and no one else will ever know your state. Und niemand anders wird jemals unseren Zustand kennen. And this is a great freedom. Und das ist eine große Freiheit. In a time when there is more and more computer information on every citizen, In dieser Zeit, in der es mehr und mehr computergespeicherte Informationen über jeden Bürger gibt, and people know everything about you, wenn Leute alles über uns wissen, they will never know you. werden sie dich da trotzdem niemals kennen. This is the great freedom. Das ist die große Freiheit. Because the awareness itself is not a thing. Und die Bewusstheit selbst ist kein Ding.
He's going to say this again a few more times before the end. Es wird noch einige Male bis zum Schluss gesagt werden. When you practice the unchanging mind, then you will enter the realization that I, the hermit, have. The milk of the snow lion cannot be held in a poor quality pot. Wenn du den sich nicht verändernden Geist praktizierst, dann wirst du in die Realisation eintreten, die ich da Einsiedler habe. Die Milch einer Schneelöwin kann nicht in einem minderwertigen Topf aufbewahrt werden. In Tibet, they have the idea that on the top of the mountains there's this special creature, the snow lion. And that when it is feeding its cubs, sometimes some drops of milk leak out. And this milk is very, very powerful. In Tibet hat man die Vorstellung, dass auf dem Gipfel des Schneeberge ein besonderes Wesen lebt, genannt Schneelöwe. Und wenn eine Schneelöwin ihre Jungen füttert, dann fallen manchmal Tropfen ihrer Milch auch daneben und diese Milch ist sehr mächtig. They believe that when it drops into the river, it is transformed into little pearls. Sie glauben, wenn so ein Tropfen zum Beispiel in den Fluss fällt, dann wird es transformiert in Perlen. And they say that if you were to try to collect this milk in a wooden bowl or a pewter bowl, it would crack open. Und das heißt dann auch, wenn man also versuchen würde, diese Milch in einem gewöhnlichen Gefäß aus Holz oder ähnlichen Materialien, dann würde es aufbrechen. So he's saying this awakening to your own nature cannot be held inside your ordinary ego self. Und was er hier sagt, ist, dass diese Erkenntnis unserer tatsächlichen Natur nicht bewahrt werden kann in dem Behälter unseres gewöhnlichen Ego-Ichs. The construct of who you think you are is not powerful enough to entertain the direct experience of this openness. Das Konstrukt von dem, was wir denken, was wir sind, ist nicht kräftig, mächtig genug, um die unmittelbare Erfahrung dessen, was wir sind, aufrechtzuerhalten. So he's saying, if you relax from your ordinary identification with yourself as a construct made up of thoughts, feelings, memories and so on, damit drückt er aus, wenn wir uns entspannen können von unserer gewöhnlichen Konstruktion, unserer selbst aus Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen und so weiter. and integrate into this state of the unchanging mind, Und wenn wir dann in den Zustand des unveränderlichen Geistes uns integrieren können, then you have the same realization as him. dann haben wir dieselbe Realisation wie er. Then he says, when the lion roars in the forest, all the small deer are afraid, but the lion cubs are happy and go running to their mother. Dann heißt es, streift die Löwin durch den Dschungel, fürchten sich alle kleinen Rehe, die Löwenjungen aber sind glücklich und laufen zu ihrer Mutter. This is like a diagnostic test. Das ist wie ein diagnostischer Test. If you are not right, when you come close to this teaching, then you become a little bit afraid. But what about me? Who will I be? How will I live my life? What will I do? Wenn man nicht reif ist und in die Nähe dieser Lehren gerät, dann wird man ein bisschen furchtsam. Was ist mit mir? Wie werde ich leben? Was wird aus mir werden? Wer werde ich sein? This is a sign that we are too identified with our limited habits, and so we can't break free to embrace it. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir zu stark identifiziert sind mit unseren gewöhnlichen, begrenzten Gewohnheiten und zu viel Furcht haben, sozusagen uns davon freizubrechen. But when we hear that our own nature is infinitely alone, and we think, wow, then that's a bit different. Wenn wir aber hören, dass unsere wahre Natur unendlich allein ist und wir dabei denken, wow, das ist dann wirklich was anderes. Because then we are not motivated by fear, but a sense, oh, that makes sense. Many of the little moments in our lives which were troubling and confusing start to become real. Denn dann sind wir nicht durch Angst motiviert, sondern wir beginnen sozusagen das Empfinden zu haben, dass diese Dinge Sinn machen und dass viele uns verunsichernde und verwirrende Momente unseres Lebens anfangen, irgendwie Sinn zu machen, real zu sein. For example, again, before I went to primary school, I played a lot in a field near the house.
Um ein Beispiel zu geben, bevor ich in die Grundschule ging, pflegte ich auf den Feldern nah am Haus zu spielen. In Scotland, we didn't have any kindergarten system, so I played there till I was about 5. In Schottland hatten wir keinerlei Kindergartensystem, sodass ich also dort spielte, bis ich etwa 5 wurde. There were quite a lot of other children. Und da gab es eine Menge andere Kinder. There were horses in the field, Es gab im Feld auch Pferde. lots of trees to climb, and a little pond to catch little fish in the summer. Und es gab viele Bäume, auf die man klettern konnte und einen kleinen Teich, wo es Fische gab, die man im Sommer fangen konnte. And life at home was reasonably easy. Und das Leben zu Hause war einigermaßen vernünftig einfach. My mother was very kind in that she accepted that I would always be dirty. Meine Mutter war sehr gütig, indem sie akzeptierte, dass ich immer schmutzig nach Hause kam. But then when I went to school, I entered a system where we were seen in a particular way. Als ich dann in die Schule kam, trat ich in ein System ein, in dem wir auf eine bestimmte Weise gesehen wurden. Instead of being seen as we are, moving, changing, we were seen in terms of whether or not we fitted into the very rigid educational system that they had. Anstelle so gesehen zu werden, wie wir waren, als sehr beweglich und ständig veränderlich, wurden wir unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob wir fähig sind, uns in das rigide Erziehungssystem einzufügen oder nicht. I became very frightened of my first teacher. Ich entwickelte große Furcht vor meinem ersten Lehrer. We had to sit at our desks all the time and not move. Wir hatten an unserem Tisch zu sitzen und uns nicht zu bewegen. If we moved, she would shout at us, Wenn wir uns bewegten, schrie sie uns an and she would walk around with a ruler and hit us on the fingers. und sie spazierte dann mit ihrem Lineal und haut uns auf die Finger. And if you became agitated by this, she would tell you are very bad. Und wenn man sich darüber aufregte, dann sagte sie einem, wie schlecht man ist. This is a kind of gaze which is unwelcoming to existence. Es ist ein Blick, eine Art zu schauen, die nicht sehr willkommen heißend der Existenz gegenüber ist. At that generation, many of the teachers hated children. In dieser Generation haben viele der Lehrerinnen Kinder gehasst. They saw them as a kind of poison. Sie sahen die Kinder als eine Art Gift an. And the poison had to be taken out before they could become proper God-fearing people. Und dieses Gift musste herausgenommen werden, bevor diese Kinder zu ordentlichen, gottfurchtsamen Leuten wurden. I didn't know anything about God, but I certainly feared my teacher. Ich wusste noch nichts über Gott, aber gewiss habe ich mich vor meine Lehrerin gefürchtet. And the experience of that was to become very small. Und die Erfahrung hiervon war, sehr klein zu werden. Instead of the welcoming gaze that allowed exploration and confusion and finding one's own way, Statt eines willkommen heißenden Blicks, der uns eine Erforschung und auch Verwirrung erlaubt hätte, um unseren eigenen Weg zu finden, I entered a system in which we were wrong until we were right, and what was right was always decided by someone else. betrat ich also ein System, in dem wir immer falsch lagen, solange wir nicht richtig lagen, und wann wir richtig lagen, wurde von jemandem anderen entschieden. So, this system, I used to think, oh, maybe I had too much indulgence of my primary narcissism, and because of that I couldn't stand this transition into a more robust encounter with the world. Bezüglich dieses Systems hat James gedacht, vielleicht war ich zu sehr verfangen in meinem primären Narzissmus und habe also diesen Übergang in diese mehr robuste Konfrontation mit der realen Welt nicht gut vertragen. But then I came to see, well, no, it was just a bit of bad luck. Aber dann geschah es, dass er doch sehen konnte, dass es einfach ein bisschen Pech war. To encounter cruelty early in life is not a happy experience. Grobheit, Brutalität früh im Leben zu erfahren, ist keine glückliche Erfahrung. Because it creates anxious responses, and it creates a particular form of reification. Denn das erschafft einerseits ängstliche Reaktionen und andererseits auch eine bestimmte, sehr spezifische Form der Verdinglichung, In which one is encouraged to think of oneself as a thing which has something wrong with it. Man wird darin ermutigt, sich selbst als ein Ding zu betrachten, das obendrauf auch noch an dem etwas falsch ist. So when he is saying here that
it's easy to become afraid of this kind of teaching. It's often because in various ways we have learned that, and this is not just through our experiences in this life, but karmically, we have learned to consider ourselves on a profound level that we are things with something wrong with us. Sorry. Yeah. Never mind. We're only just saying that. It's very. Most of us have had many experiences to give us the sense that there is something wrong with us. Viele von uns haben eben solche Erfahrungen gehabt, die uns das Empfinden vermittelten, dass irgendetwas mit uns falsch ist. And what guilt does is it puts a wedge into the child to separate their performative self and their observing self. Und was Schuldgefühle machen, ist, dass sie einen Keil treiben zwischen das leistungsbezogene Ich und das beobachtende Ich. So, part of the practice is to allow oneself to see how much poison has come into one's system. Und ein Aspekt der Praxis ist zu beobachten, wahrnehmen zu können, wie viel Gift man schon bereits in dem eigenen System geschluckt hat. The ego finds it very difficult to survive with this poison. Das Ego findet es sehr schwierig, mit diesem Gift zu überleben. Because the ego's nature is porous. Denn die Natur des Ego ist porös. And so it inhabits the ego and becomes part and parcel of who we think we are. So dass dieses Gift das Ego anfängt zu bewohnen und ein Teil davon zu werden, was wir glauben, wer wir sind. But the pure nature, our natural condition, is Vajra, is indestructible and has never been touched or contaminated. Aber unsere wahre Natur ist von der Natur des Vajra, ist unzerstörbar und konnte niemals beschmutzt werden. So this teaching is a very quick and profound method of shifting from one state where there is endless work to try to sort out what is me, what is not me, what came from other people, what's from the past, and enter into a point of clarification. This is just arising. Und diese Unterweisung ist eine sehr, sehr schnelle Methode, die uns hilft, genau zur Einsicht zu gelangen, also diese ganze endlose Arbeit des Sortierens zu beenden. Wer ist ich, wer ist nicht ich, was ist sozusagen von mir, was von anderen, was kommt aus der Vergangenheit, das sehr schnell zu beenden und an den Punkt der Klärung zu kommen. So there is a question in this. Why would one be attached to a very negative view of oneself? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man eine sehr negative Sichtweise von uns selbst haften? What benefit arises in privileging your limitations and seeing them as the ultimate determinants of your existence? Welche Art von Nutzen kann aus dem Privilegieren, dem Hervorheben von den eigenen Begrenzungen herauskommen und sie als dasjenige zu betrachten, das die Möglichkeiten unseres Systems determiniert, bestimmt? This is a very important point, because attachment, we might think, is attachment to good things. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn wir könnten vielleicht denken, dass Anhaftung als Wort auf ein Haften an guten Dingen verweist. That we are attached to our health, to our youth, to our social possibilities and so on. Dass wir an unsere Jugend, unsere Gesundheit, unseren sozialen Möglichkeiten haften und dergleichen. But in fact, of course, attachment is very often to the most negative aspects of ourselves. Aber in der Tat ist Anhaftung oft bezogen auf die negativsten Aspekte unserer selbst. In the system of therapy called transactional analysis, they say that if a child doesn't get positive strokes, positive affirmations from the environment, then they will look for negative strokes, criticism and so on, as a way of validating their existence. In dem therapeutischen System, das sich Transaktionsanalyse nennt, hat man die Idee oder die Theorie, dass wenn ein Kind nicht sozusagen positive Schläge, also in the system of therapy called transactional analysis,
They say that if a child doesn't get positive strokes, positive affirmations from the environment, then they will look for negative strokes, criticism and so on, as a way of validating their existence. In dem therapeutischen System, das sich Transaktionsanalyse nennt, hat man die Idee oder die Theorie, dass wenn ein Kind nicht sozusagen positive Schläge, also Bestätigung von der Gesellschaft in ihren positiven Qualitäten bekommt, es schnell nach negativen Schlägen, also nach Bestätigung ihrer Schlechtigkeit Ausschau halten wird. Because it's better to be bad than nothing. Denn es ist besser, schlecht zu sein, als nichts zu sein. And we see this very much in the delinquent acting out of teenagers who have been deprived of a secure base for their development. Und wir sehen das sehr häufig in der Delinquenz von Teenagern, die denen eine positive Entwicklungsmöglichkeit vorenthalten wurde. Now, although we can understand developmentally why these things have arisen, functionally, in this life, which is so very short, they can act as a real sabotage or block to practice. Ja. Obwohl wir natürlich entwicklungspsychologisch verstehen können, warum diese Dinge entstehen, können sie funktionell betrachtet, als eine echte Blockade oder Sabotage unserer Praxis funktionieren. Because as he said, similarly, this is in comparison to the small deer, similarly, when the great satisfaction that is unborn from the very beginning is taught, stupid people who harbor wrong views become afraid, but the fortunate ones become very happy and the hairs on their bodies vibrate. Und hier heißt es dann ferner, und das bezieht sich auf den Vergleich mit den Rehen und den Löwenjungen, in der gleichen Weise, wenn die große Befriedigtheit, die von einem Anfang an ungeboren war, gelehrt wird, überfällt die Dummköpfe mit ihren falschen Vorstellungen die Furcht, die von Glück Begabten aber werden sehr glücklich und das Haar ihres Körpers vibriert. Stupid here doesn't mean that you're not at all intelligent. Und Dummköpfe sind also hier keineswegs Leute, die nicht intelligent sind. In ordinary language, stupid means you just don't get it. In der gewöhnlichen Sprache bedeutet dumm einfach, man kriegt es nicht. For example, in a place sometime recently, I was outlining the whole view. It was very about our own nature and so on. And then at the end I said, are there any questions in relation to practice? Zum Beispiel war James an einem Ort, wo er dann sozusagen einen Überblick über die Sichtweise gegeben hat, sozusagen eine Rundschau der Sichtweise und unsere wahre Natur. Und dann zum Schluss fragte er noch, gibt es hier Fragen zur Praxis? And this person said, in what way does this differ from the Prasangika view? Und diese Person fragte dann, in welcher Weise unterscheidet sich dies von der Sichtweise der Prasangikas? Which is a philosophical view in the development of Madhyamika philosophy from India. Was eine der partikulären philosophischen Sichtweisen in der Entwicklung von Madhyamika-Philosophie Indiens darstellt. This was a very educated, intelligent person Das war eine sehr gebildete, intelligente Person, who was completely stupid die aber vollkommen dumm war. because he thought I had been talking about philosophy. Denn er dachte, ich habe über Philosophie gesprochen. That I'm giving a description of the nature of the mind the way I might give a description of the geography of the Gobi Desert. Für ihn war das so, dass meine Beschreibung der Natur des Geistes ungefähr denselben Status hatte, als ob ich eine Beschreibung der Gobi-Wüste gegeben hätte. This is about us. Aber hier geht es um uns. It's not ideas. It's about the one who is pissing and shitting. Das sind keine Ideen, das geht um den, der scheißt und pisst. It's not abstract philosophy. Das ist keine abstrakte Philosophie. It's something to be massaged into the skin every day. Es ist etwas, was jeden Tag in die Haut einmassiert werden muss. It will keep you young forever. Und das wird für immer jung erhalten. The Buddha Laboratory guarantees. Das Buddha-Labor garantiert das. So, part of the opportunity here is to observe why you don't take a big slice on your plate. Einen Teil der Gelegenheit hier ist zu beobachten, warum wir uns davor scheuen, hier eine dicke Scheibe auf unseren Teller zu holen. It brings about a radical shift. Instead of being a small person in a big world trying to find your way,
Das bringt ja eine radikale Verschiebung. Statt eine kleine Person zu sein, die in dieser großen Welt mühsam versucht, einen eigenen Weg zu finden, without destroying it, one simply relaxes the focus from this identification in the stream of thought and recognizes, oh, this is me. ohne ihn zu zerstören, entspannt man sich und zieht man sich ein wenig von der Identifizierung mit dem Strom der Gedanken zurück und denkt, ach, das bin ich. What I am, I can't say, Was ich bin, kann ich nicht ausdrücken. but it's here, and it's here, and it's here. Aber es ist hier und hier und hier. So, now, section 2. Wir kommen jetzt zum Abschnitt 2. So, this section has 3 aspects of the path of Mahamudra. In diesem Abschnitt werden die 3 Aspekte des Pfades von Mahamudra behandelt. The first aspect of this is clearly deciding on the basis of the view. Der erste Aspekt ist auf der Grundlage der Sichtweise einen klaren Entschluss fassen. And this has 3 aspects. Und das hat wiederum 3 Aspekte. Firstly, the nature of the view. Erstens, die Natur der Sichtweise wird gezeigt. It begins wonderful. Und das startet damit wunderbar. This is better than football. Und das ist besser als Fußball. Look at yourself with an unwavering mind. Schaue auf dich selbst mit einem Geist ohne Wanken. This means exactly as we're talking, we do the 3-hour practice and you're present. Don't identify with thoughts and sit in the thought trying to find yourself. Das ist genau, wie wir das hier praktizieren. Wenn wir zum Beispiel die 3-Jahre-Praxis machen und mit uns selbst sitzen, identifiziert euch nicht mit den Gedanken, die aufkommen und versucht nicht, euch selbst da drin zu finden. Relaxed, open, allowing thoughts to come and go. Look at yourself. Indem wir entspannt und offen sind und Gedanken erlauben zu kommen, zu gehen, schauen wir uns selbst an. This is difficult here because of the limit of language. We don't really have a way to do this, and they also didn't have it in Tibetan. Das wird hier schwierig aufgrund der Begrenzung, die die Sprache uns auferlegt. Wir können das nicht wirklich sagen und auch in Tibet konnten sie es nicht sagen. Languages tend to drift towards a visual metaphor. Sprache neigt dazu, sich visuelle Metaphern zu bedienen. So, but if we are not an object, how can we look at ourselves? Wenn wir jetzt kein Objekt sind, wie können wir uns selbst anschauen? In a sense, it's more like a proprioception. It's like the subtle feeling of the internal movement of one's body. Proprioception? Proprioception means different perception is looking at the outside object, and this is attending to the internal sensation. Hat jemand ein deutsches Wort? Proprizeption kannst du sagen. Ah, wunderbar. Oh, Hey! ja, was gelernt. Das ist in einer gewissen Weise wie, sagst du mal, Eigenwahrnehmung. Okay, Eigenwahrnehmung. Das ist in einer gewissen Weise wie Eigenwahrnehmung. Das heißt, so wie Wahrnehmung nach außen gehen kann, um sich mit anderen Dingen zu befassen, so können wir nach innen gehen, um die eigenen Empfindungen, Wahrnehmungen und Sensationen irgendwie zu spüren. So when he's saying, look at yourself with an unwavering mind, it means relax and be present with yourself. Wenn es dann also heißt, schaue dich mit einem nicht wankenden Geist, heißt es, entspanne dich und sei mit dir. That is to say, it's not an active looking, but a passive receptive looking. Das ist also mit anderen Worten kein aktives Schauen, sondern ein passives, empfängliches Schauen. In many ways, this is similar to the way in which one is encouraged to listen in psychoanalysis. Das ist in vieler Art und Weise auch eine ähnliche Haltung wie die Art und Weise, wie man ermutigt wird, in Psychoanalyse zuzuhören. Freud talks of a free-floating attention. Freud spricht hier über ein frei flottierende Aufmerksamkeit. An attention which is not looking for something. Eine Beachtung oder Aufmerksamkeit, die nicht nach etwas schaut. It doesn't have an agenda, Sie hat keinen Plan, but is able to record whatever is occurring aber sie kann aufnehmen, was immer erscheint. and not pull it or edit it according to a pre-existing fixation. Und es nicht in irgendetwas hineinzuziehen oder zu arrangieren, entsprechend einer vorher vorgefassten Fixierung.
English psychoanalyst Wilfred Bion described it as being without memory or desire. Ein englischer Psychoanalytiker, Wilfrid Bion. beschrieb das als den Zustand ohne Begehren oder without desire, Memory or ohne desire. Erinnerung oder Begehren. That is to say, not remembering what has gone on before, Das bedeutet nicht zu erinnern, was zuvor passiert ist not desiring anything in particular or looking ahead, und auch nicht zu begehren, dass irgendetwas kommen wird oder dem entgegenzuschauen, but fresh and open to whatever occurs. sondern frisch und offen allem, was erscheint, gegenüber zu sein. So, in the meditation, when he says, look at yourself with this unwavering attention, In Meditation also, wenn er hier davon spricht, schaue dich selbst mit dieser Beachtung, die ohne Wanken ist. we're not listening out to someone else, but we're taking that quality of alert yet passive receptive presence, just to be with whatever is occurring. Hören wir natürlich nicht jemandem anderen zu, sondern wir nehmen diese passive Beachtung, diese Qualität, diese passive Beachtung, um genau dem beizuwohnen, was in uns selbst erscheint. Of course, thoughts, because they are so familiar to us, thoughts, feelings, sensations easily pull our attention into prefigured ways of behaving. Natürlich ziehen uns Gedanken, weil sie uns so vertraut sind, in verschiedene Formen von vorherbestimmten, ausgemachten Annahmen. Again and again, just relax from that. Open. Wieder und wieder müssen wir davon entspannen und uns öffnen. The thoughts and feelings go free by themselves. Die Gedanken und Gefühle werden aus sich selbst frei. Who is the one who remains? Wer also bleibt übrig? Find oneself being present with and as the one who remains. Wir müssen uns dann wiederfinden als derjenige, der damit und darin bleibt. If you try to catch it, it will always vanish. Wenn man versucht, das einzufangen, wird das immer verschwinden. Because you are not who you think you are. Wir sind nicht derjenige, der wir zu sein glauben, So your real nature doesn't look like anything you've ever thought. so dass unsere wahre Natur nicht wie etwas ausschaut, was wir uns jemals ausdenken konnten. It's not familiar, Das ist nichts Gewohntes. and yet it's closer to you than your own skin. Und doch ist sie uns näher als unsere eigene Haut. That's why if you proactively look for it, you will always get the wrong thing. Und das liegt daran liegt es, dass wenn wir proaktiv danach schauen, dann werden wir immer das Falsche bekommen. So then he says, if you yourself realize your own nature, the wavering mind will also arise as Mahamudra. Dann heißt es hier ferner, wenn du selbst deine wahre Natur erkennst, dann wird auch der wankelnde Geist ebenfalls als Mahamudra erstehen. Okay? This means that ignorance is the separation of the ground and the manifestation. Das bedeutet, Unwissenheit ist nichts anderes als die Trennung zwischen dem Grund und der Manifestation. In relaxing back into the ground, the natural infinite being, there is a rebalancing, and then whatever arises, you see as inseparable from the ground, not something in itself. And so it is in the state of Mahamudra. Indem wir uns entspannen in dem Grund und no, sorry, Okay. I'm getting tired. Okay, well, we take a little rest and fresh air in a minute. Could you repeat that? Okay, Bit yeah. by bit? Yeah. So, relaxing into this open, natural state, Wenn wir also uns in diesen offenen, natürlichen Zustand entspannen, the thoughts and feelings that arise werden die Gedanken und Gefühle, die da entstehen, don't need to be interfered with or controlled or got rid of. man muss in sie nicht eingreifen oder sie in irgendeine Weise kontrollieren oder loswerden. But we realize for the first time what they are. Sondern wir erkennen zum ersten Mal, was sie tatsächlich sind. They are the energy of this openness. Sie sind die Energie dieser Offenheit. When we didn't have the sense of the openness, they were all too intense, too meaningful, grasping us all the time.
Solange wir dieses Empfinden für die Offenheit nicht hatten, waren diese Gedanken zu bedeutungsvoll. Wir haben zu sehr an ihnen festgehangen, immer nach ihnen die ganze Zeit gegriffen. We couldn't make sense of them, and yet they seem very important, so we chase after them. Wir konnten keinen Sinn aus ihnen machen, aber sie schienen dennoch sehr wichtig und deswegen haben wir ihnen nachgejagt. And now we see they are, in fact, the energy of this openness. Und jetzt sehen wir in der Tat darin die Energie dieser Offenheit. They have nowhere else to come from. Sie haben keinen anderen Ort, aus dem sie kommen könnten. And so they are indeed Mahamudra itself. Und so sind sie in der Tat Mahamudra selbst. And so he says, in the state of great satisfaction, all dualistic characteristics are self-liberated. Und so heißt es dann, im Zustand großer Befriedigtheit sind alle dualistischen Merkmale selbstbefreit. This means the great satisfaction is relaxing into your own ground nature. Und das bedeutet, dass die große Befriedigtheit entspannt in die eigene Grundnatur. So when you recognize your nature is like the mirror, everything is immediately just the reflection. Wenn wir erkennen, dass unsere Natur wie die des Spiegels ist, ist alles, was darin vorkommt, bloß eine Spiegelung. In this, as a reflection, the lineament, the outline of each thing is very precise and very clear. Im Sinne einer Spiegelung ist natürlich sind die Konturen von allem sehr präzise und sehr klar. And yet, the dualistic characteristic is gone. Und dennoch ist die dualistische Charakteristik davon gegangen, weg. Because whatever is arising is not something other than ourselves that we're trying to make sense of. Denn alles, was erscheint, ist nicht etwas anderes als wir selbst und nicht etwas, wovon wir versuchen, einen Sinn zu machen. What is the spontaneous, self-liberating display of the energy of openness? Sondern hier handelt es sich um die spontane, selbstbefreiende Energie der Offenheit. And so there is nothing to correct. Da gibt es also nichts zu korrigieren. And this is why this is the Mahamudra. Und das ist der Grund, warum das Mahamudra ist. Okay. Do you want to stop for the evening or take a little break? Just a What's good little for you? break. Okay, shall we have 10 minutes fresh air and stretching? When one awakens from a dream, one sees that all the joys and sufferings within it were without true substance. So abandon all hopeful and doubtful thoughts, for who is there to think of inhibiting and encouraging? Dann heißt es weiter im Text, wenn man aus einem Traum erwacht, sieht man, dass alle Freuden und Leiden darin ohne wahre Substanz waren. Gib also alle hoffenden und zweifelnden Gedanken auf, denn wer ist da, um an Behinderung oder Ermutigung zu denken? When you have a dream, something seems to be happening to you. But the subject who is in the dream, is this the same as yourself or someone different? Wenn wir einen Traum haben, dann scheint uns irgendetwas zu widerfahren, aber das Subjekt des Traumes, ist es das gleiche wie unser Subjekt oder etwas anderes? It is like you, but not exactly you. Es ist wie wir, aber nicht exakt wir selbst. When you awaken from the dream and you see, oh, it wasn't actually happening. Wenn wir von einem Traum erwachen, dann sehen wir, oh, das ist hat nicht wirklich stattgefunden. It seems to be real. In the moment of the experiencing of it, it seems to be proving by itself that it is truly real. Es scheint real zu sein und im Moment der Erfahrung davon scheint diese Erfahrung die Realität dieses Geschehens zu beweisen. And yet actually it's not real. Und doch in der Tat ist es nicht wahr. Nicht wirklich. So when we see that, then all the emotions that were there in the dream, we see that they have no substance to them at all. In the same way, when we recognize our own nature, we see that the kinds of experience we have moment by moment, day by day, are there, seem to be real. It is as if they are real, and yet you can't find any substance in them. Und in der gleichen Weise, wie wir erkennen, wenn wir erwachen, dass all die Emotionen, die wir im Traum erlebt haben, keine wirkliche Substanz hatten, in der gleichen Weise scheinen die Dinge, die wir in unserem Leben zu erfahren glauben, real zu sein. Sie scheinen tatsächlich stattzufinden und dennoch, wenn wir sie suchen, können wir nichts Substanzielles finden. So then he's saying, abandon all hopeful and doubtful thoughts. Und dann heißt es ja, also gib alle Hoffen und zweifelnden Gedanken auf. Because all the projections that we have into the future, they have no more reality than images in a dream.
Denn all die Projektionen, die wir in die Zukunft machen können, haben nicht mehr Realität als unsere Erfahrung des Traumes. When people develop panic attacks, for example, Dann entwickeln Leute zum Beispiel Panikattacken they frighten themselves on the basis of nothing. und sie erschrecken sich auf der Grundlage von nichts. They become a little bit scared. Sie fangen an, sich ein wenig zu fürchten. The body pumps a little bit of adrenaline in response. Dann pumpt der Körper ein wenig mehr Adrenalin den Kreislauf als Antwort darauf. They feel agitated because of the adrenaline, and that makes them more anxious. Und dann fühlen sie sich aufgebracht aufgrund von Adrenalin und dann fühlen sie sich noch furchtsamer. That brings more adrenaline. Das bringt aber noch mehr Adrenalin. Then they think that the physical symptoms from the rush of adrenaline is a sign they're going to have a heart attack. Und dann denken wir, dass die physischen Symptome aufgrund dieses Ausstoßes von Adrenalin Zeichen von Herzattacken sind. Then they often think, oh, if I have a heart attack and I die now and I fall in the pavement, I'll look very silly and I'd hate that. Und dann denkt man, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe und ich umfalle und dann auf dem Boden liege, dann wird das ziemlich blöd ausschauen. Das mag ich gar nicht gerne. So then they have a social anxiety on top of that, and it just keeps driving the same thing. Dann haben wir noch sozusagen eine soziale Angst zusätzlich zu all dem anderen. Und das verstärkt die Sache noch. This is something baroque. Das ist etwas Barockes. There's no basis, it's just more and more and more, Das hat keinerlei Basis. Das ist einfach nur mehr und mehr und mehr. arriving nowhere, Und führt zu nichts. because there wasn't a problem to begin with. Denn es gab am Anfang schon kein Problem. So, about the future, what are we worrying about? Was die Zukunft anbetrifft, worüber wollen wir uns da sorgen? People become worried about their exam. Leute sorgen sich um ihre Prüfungen zum Beispiel. What is there to worry about? Was gibt es da sich zu sorgen? Either it will go well or it will go badly. Entweder es wird gut gehen oder nicht gut gehen. Worrying won't help, it won't change anything. Das Sorgen wird nichts helfen, es wird nichts verändern. You don't know what the exam questions are going to be. Wir werden ohnehin nicht wissen, was die Prüfungsfragen sein werden. We know so little about the future. Wir wissen so wenig über die Zukunft. So, what shall we do? Was sollen wir also tun? Wait and see. Warten und How will we wait? In high anxiety or relaxed? warten und schauen. Wie wollen wir warten? In großer Ängstlichkeit oder entspannt? You have a choice. Wir haben die Wahl. So he's saying, don't worry Daher sagte, mach dir keine Sorgen. about a thing. About? A thing. Auch nur über irgendetwas. Because every little thing Denn jedes kleine Ding ist von alright. Alles wird okay. So, Bob Marley Revival. Das ist Bob Marley Revival hier. Ist das nicht Stevie Wonder? Das war Bob McFerrin. So, because who is there to do this inhibiting and encouraging? Denn wen könnte es da geben, der dieses behindern und ermutigen tun könnte? When you start to worry about the future and you think, I should do more of this and less of this, who is this one who is doing all the active planning? Wenn wir uns also über die Zukunft Sorgen machen und denken, wir sollten mehr von diesem tun und weniger von jenen, wer ist das, der diese Sorgen hat und dieses aktive Planen durchführt? This is itself a thought. Es ist hier das Ding selbst ein Gedanke. I'm worried about this. Ich mache mir darüber Sorgen. The one who is worried is created in the very sense I am worried about. Derjenige, der sich Sorgen macht, wird mit diesem Empfinden von Sorge mit erschaffen. The I is included as if it belongs inside that sentence. Und das Ich in diesem Satz wird eingeschlossen, als ob es sozusagen automatisch dazugehören würde in diesem Satz. A thought of an examination occurs, then some anxiety arises. Ein Gedanke an eine Prüfung erscheint, dann entsteht einige Ängstlichkeit. The anxiety would go. Die Ängstlichkeit wird gehen. But I am worried about the exam. Aber wenn wir denken, ich sorge mich über die Prüfung, We've now created a package in which there is this mysterious ingredient of I. haben wir ein Päckchen erschaffen, in dem dieses mysteriöse Zubehör von Ich drinsteckt. I can't stop worrying about the exam. Ich kann nicht aufhören, mich über die Prüfung Sorgen zu machen. This is not true. Das ist aber nicht wahr. What is happening is that chains of anxious thoughts are being activated, elicited by the focus of attention.
Was tatsächlich passiert ist, dass Ketten von ängstlichen Gedanken sozusagen aktiviert, erregt werden durch diese Fokussierung unserer Aufmerksamkeit. It is not that I can't stop thinking about the exam, but I am making myself think about the exam. Es ist nicht, dass ich nicht aufhören kann, über die Prüfung nachzudenken, sondern es ist so, dass ich mich selbst dazu bringe, über die Prüfung nachzudenken, By allowing the focus of my attention to be on the exam. indem ich den Fokus meiner Aufmerksamkeit erlaube, auf die Prüfung zu ruhen. But you're thinking about something that's not there. Aber wir denken über etwas nach, was nicht da ist. So, who is the one who is doing this? Wer also ist derjenige, der dieses tut? No one is frightening someone who doesn't exist. Niemand fürchtet oder erschrickt jemanden, der nicht existiert. Which is one way to pass a Saturday evening. Das ist natürlich eine Möglichkeit, den Samstagabend zu verbringen. But why? Aber warum sollte man? So he's saying this very, very seriously. And again, this is why this is not abstract philosophy. This is very, very practical. This is a way of intervening directly on the way in which you manifest into the world moment by moment. Und das sagt er daher auch hier in diesem Text sehr ernsthaft. Und wiederum, um es noch einmal zu sagen, hier geht es nicht um abstrakte Philosophie, hier geht es um uns selbst. Und das ist sozusagen direkt bezogen auf die Art und Weise, wie wir uns Augenblick für Augenblick manifestieren. Because as we looked last night, energy follows attention. Wie wir letzten Abend schon angeschaut haben, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Or we could say libido follows attention. Oder so wie man sagen könnte, Libido folgt der Aufmerksamkeit. That whatever you start to fixate your energy on will become more real for you. Was immer es ist, worauf wir unsere Energie mehr fixieren, das wird für uns auch realer. And so, the very sense that the object of anxiety is what will happen to me, invests the sense of I, me, myself with the life energy, with vibrancy, with the seeming significance. Das heißt, das bloße Empfinden der Ängstlichkeit dessen, was mir geschehen wird, investiert bereits auch die Idee von ich selbst oder mir selbst mit Bedeutung und Wichtigkeit. And okay, he says, so abandon these ideas. Und so sagt er also, hier gibt diese Ideen auf. Abandon these thoughts which seem to cause you trouble, all hopeful and doubting thoughts. Gib all diese hoffenden und zweifelnden Gedanken, die dir Schwierigkeiten bereiten, auf. Well, you might say, that's easy to say, but I don't know how to do it. Man könnte jetzt anwenden, das kann man natürlich leicht sagen, aber ich weiß nicht, wie man es tut. When a thought arises in the mind, Wenn aber ein Gedanke im Geiste aufkommt, whose thought is it? wessen Gedanke ist es denn? My thought. Mein Gedanke. Is it your thought? Ist es wirklich mein Gedanke? Yes, it is. Natürlich, das ist. Why? Because you experience it as yours. Warum? Weil wir diejenigen sind, die ihn als unseren erfahren. Who is the one who experiences the thought as being theirs? Wer aber erfährt diesen Gedanken als seinen eigenen? Me. Ich. Who are you? Wer bist du aber? I'm the one experiencing these thoughts. Ich bin derjenige, der diesen Gedanken erfährt. This is the classic solipsism. It goes round and round and round, and there is no end to it. Das ist der klassische Solipsismus, der immer im Kreis sich dreht und zu keinem Ende kommt. Like Ouroboros, we endlessly chase our own tail. Ouroboros? This big snake, you know, the serpent. Diese Schlange da, die so ihren eigenen Schwanz auffrisst. Das war jetzt nicht vornehm, ich weiß. So, very important. Thoughts don't have very much to do with you. Es ist also sehr wichtig zu sehen, dass Gedanken mit uns nicht sehr viel zu tun haben. They say they do, Sie behaupten es zu haben. but why do you believe them? Aber warum sollte man ihnen glauben? Let them go. Lasst sie gehen. Let them go. Lasst sie einfach gehen. No, because they're going to tell me something important. Nein, das kann ich nicht tun, denn sie werden mir etwas Wichtiges sagen. Many of the patients who I see are chronic warriors. Viele der Patienten, die ich sehe, sind chronische Sorgenmacher. They turn thoughts round and round in their head again and again. Sie drehen und wenden die Gedanken immer wieder im Kreis in ihrem Kopf. And I try to examine with them.
whether during all the years that they have been worrying, have they come up with any solution? Und ich versuche mit ihnen herauszufinden, ob sie während der vielen Jahre, die sie sich schon Sorgen machen, zu irgendeiner Lösung gekommen sind. Worrying is unproductive thought. Das sich Sorgen machen ist ein unproduktives Denken. It is a level of excitation which starts to feed on itself. Es ist eine Ebene von Erregung, die sich selbst nährt. I can't leave my husband, although I hate him, because I don't know what would happen to me. Ich kann meinen Mann nicht verlassen, obwohl ich ihn eigentlich hasse, weil ich nicht weiß, was ihm geschehen wird. But I keep worrying about my future because I don't want to keep living with him. It'll be awful when he retires because he'll be around the house all day long. Aber ich sorge mich auch über meine Zukunft, denn es wird schrecklich sein, wenn er pensioniert wird. Er wird die ganze Zeit im Haus rumhängen. But if we split up, then I'll lose the house. And if I lose the house, the children won't be able to come and stay with me, and the grandchildren won't be able to come and stay with me. Aber ich fürchte mich auch davon, mich zu trennen, denn dann werde ich auch das Haus verlieren. Wenn ich das Haus verliere, dann verlieren die Kinder das Haus. Dann können die Kinder wieder zu mir nicht kommen, dann können die Enkelkinder auch nicht kommen. So I'm going to have to stay with him. Also muss ich mit ihm bleiben. But then, like a perpetual motion machine, but I hate him. Und dann geht es wie ein Perpetuum mobile von vorne los. Aber dann hasse ich ihn doch. Round and round and round. Und dann immer in Kreisen. And so, as you give attention to the thought starts to have a vitality. It's your own life energy you've pumped into this stupid thought. And now it's coming back and biting your ass. Und so, wenn man mit diesem Gedanken bleibt, dann hat man diesem Gedanken eine Art Vitalität verliehen, weil man sozusagen die eigene Lebensenergie in den Gedanken gepumpt hat. Und jetzt kommt der Gedanke sozusagen, als ob er aus sich selbst heraus ein Leben führen würde und fängt an, uns am Hintern zu beißen. The life of the thought is your life that you give to the thought. Das Leben dieses Gedankens ist dein Leben, das du diesem Gedanken gegeben hast. So when you stop investing your energy in your thought, it doesn't have any power itself. Wenn man also aufhört, Energie in die Gedanken zu investieren, dann haben sie von sich aus keine Macht, Energie zu haben. That's what he means by abandoning these things. Und das bedeutet hier das Aufgeben dieser Dinge. It means stop putting your energy into them. Das bedeutet, hör auf, deine Energie in diese Gedanken zu pumpen. You don't have to push them away because they don't have the power. The power is always with you. Du brauchst sie nicht wegzudrängen, denn sie haben nicht die Macht. Die Macht ist immer auf deiner Seite. But what will happen? Aber was wird dann passieren? Well, this is completely stupid thought. Aber das ist ja ein völlig idiotischer Gedanke. We don't know what will happen. Yes, but what will happen? I need to know. Wir können nicht wissen, was geschehen wird, aber dann sagen wir, aber ich muss wissen, was geschehen wird. Why? Warum But so? I need to. Ich I can't rest until I know. kann nicht zur Ruhe kommen, bis ich es weiß. This is the energetic system becoming completely unraveled. Das ist das energetische System, das vollständig entfesselt wird. On the level of the body, according to yoga, the central part of our existence is one channel, one pipe. In dem energetischen System des Körpers ist gemäß dem Yoga sozusagen der zentrale Ort der Energie ein einziges Gefäß, eine Art Röhre. This pipe has many different names, including Shushumna and sometimes Avaduti and so on. Diese Röhre hat viele verschiedene Namen, Shushumna, Avaduti und dergleichen. But essentially it's an empty pipe. Aber im Wesentlichen ist es eine leere Röhre. That is to say, the force of energy of your existence is an empty state. Mit anderen Worten, die Kraft der Energie unserer Existenz ist ein leerer Zustand. When our energy is centered in this central pipe, it becomes very mellow. Wenn unsere Energie in diesem Zentralkanal kanalisiert ist, dann wird sie sehr sanft. But it's available then to move out through the channels according to the need of the situation. Und dann ist sie verfügbar, um sich gemäß den Erfordernissen einer Situation durch die Kanäle zu bewegen. But what happens is that the central channel tends to close, and then the energy is in the two side channels, one of anger and aversion, and the other of desire and attachment. Was aber oft geschieht, ist, dass sich das Zentralgefäß verengt, verschlossen wird und dann die Energie hinabdriftet oder hinausdriftet in die zwei Seitenkanäle, wovon der eine mehr mit dem Aspekt von Zorn und Abneigung, der andere von Begehren und Anhaftung verbunden ist. And these channels are very sensitive and easily agitated. Und diese Kanäle sind sehr empfindlich und leicht aufzubringen. And because of these, we go out into the
world and our bodies become agitated, our breathing goes funny, our posture collapses and so on. Und deswegen gehen wir in die Welt in einer aufgeregten Weise. Unser Verhalten ist aufgeregt, unsere Atmung ist durcheinander, unsere Haltung kann zusammen kollabieren und dergleichen mehr. Through this, I hope you can see that we take ourselves to be the agitation. Und durch das, und das hofft James, dass wir es sehen können, fangen wir an, uns selbst für die Aufregung zu halten. We exist in terms of our hopes and fears. Wir existieren im Sinne unserer Hoffnungen und Befürchtungen, Like, don't want. im Sinne von unseren Wünschen und Abneigungen, von dem, was wir haben wollen, was wir nicht haben wollen. When we enter the state of the great satisfaction of Mahamudra, all the energy immediately goes into the central channel. Wenn wir aber in den Zustand der großen Befriedigtheit von Mahamudra eintreten, geht die gesamte Energie sofort in den Zentralkanal. When we do the 3R and we really relax into that, all the energy is in the central channel. Wenn wir die 3 A's machen und entspannen, dann ist die gesamte Energie im Zentralkanal. From that state, many things arise, but they're not invested themselves. Aus diesem Zustand entstehen viele Dinge, aber sie sind nicht in sich investiert. When the energy cannot settle back into ourselves, it has to go somewhere and it gets projected out into the object. Wenn die Energie nicht einen Platz hat, wo sie hingehen kann, dann muss sie irgendwo anders hingehen und dann wird sie oft auf das Objekt projiziert. Geht hinaus und wird auf das Objekt projiziert. I don't know if you get it in Germany, but in England the classic form of this is Saturday night in a city. The young boys are going out looking for trouble and the young girls are going out looking for sex. James sagt, er weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in England, in großen Städten, am Samstagabend gehen die jungen Männer hinaus, um nach Schwierigkeiten Ausschau zu halten, und die jungen Mädchen gehen, um nach Sex Ausschau zu halten. Increasingly, the boys always carry knives. Zunehmend tragen die Jungs immer Messer mit sich The girls have little skirts up to their arms. und die Mädchen haben Röckchen so kurz wie ihre Hintern Little high heels, und kleine Schuhchen mit hohen buttons all down, push-up bra. Das kann ich nicht nachmachen. This is the external manifestation of agitation. Das ist die äußere Manifestation von Aufgeregtheit. In this tantric tradition, they say the man's nature is murder, anger, hatred, and the woman's nature is desire. Und in diesen tantrischen Texten heißt es oft genug, dass die Natur der Männlichkeit Mord und Aggression ist und die Natur der Frau Begierde ist. And when this energy it can't be settled, it has to go out. Und wenn diese Energie sich nicht setzen kann, dann muss sie irgendwie einen Ausfluss finden. The teenage pregnancy rate in Britain is outrageous. Die Schwangerschaftsrate von Teenagerinnen in England ist unvorstellbar. Last year, 1,000 abortions were carried out on girls under the age of 13. Letztes Jahr wurden über 1000 Abtreibungen an Mädchen unter 13 vorgenommen. This is mind-boggling. Das ist This wirklich is just outrageous. absolut unbegreiflich. But this is what happens when there is no peace, no capacity to self-soothe, no capacity to be held inside one's own skin. Das ist aber, was geschieht, wenn man nicht zur Ruhe kommen kann, wenn man sich nicht selbst sozusagen besänftigen kann und sich selbst in seiner eigenen Haut wahrnehmen kann. The outer soothing comes from the capacity of the mother to hold the baby and to help it come back into its own skin when it feels completely exploded by pain and fear and anxiety and so on. Der äußere Trost, der kommt durch die Mutter, die das Baby hält und streichelt, sozusagen es in seine eigene Haut zurückbringt, wenn es extrem Schmerz und Furcht erfährt. And on the basis of that, one can bring further, deeper and deeper soothing, settling, and the real nature of settling is to integrate all phenomena into the Dharma Dhatu, as both Maitripa and Saraha said. Und sozusagen auf diese Grundlage kann man weiter und tiefer gehen und eine tiefere Ebene der Beruhigung des Trostes finden, indem man
alle Phänomene in die offene Dimension des Dhammadhatu integriert, so wie das sowohl Maitripa als auch Saraha in seinem Text beschreibt. We've seen this term great satisfaction several times. Wir haben diesen Begriff große Befriedigtheit jetzt einige Male gesehen. It means exactly this, that everything is now settled in this infinite spaciousness. Und das bedeutet gerade genau dies, dass alles gewissermaßen in diese großen offenen Raumhaftigkeit zur Ruhe kommt. It's not annihilated, it's not dissolved. Es ist nicht ausgelöscht, es ist nicht aufgelöst. It's available for manifestation according to the need of the situation. Es ist immer noch verfügbar für Manifestationen gemäß den Erfordernissen einer Situation, So the full range of our energetic capacity becomes available as compassion. sodass der gesamte Bereich unserer energetischen Befähigungen verfügbar wird als Mitgefühl, Rather than this agitated state which needs to find impulsive manifestation. statt eines aufgebrachten Zustandes, der irgendeinen Ausfluss in irgendeine Manifestation finden muss. And we see the development of this so-called hyperactivity, attention deficit disorder, Wir sehen die Entwicklung von dieser sogenannten Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen. and it's simply a sign that children are heated up so much. They can't stay inside their own bodies. They can't settle. They just have to just jump out. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Kinder so aufgeheizt sind, dass sie nicht innerhalb ihres Körpers zur Ruhe kommen können, dass sie ständig irgendwie sozusagen aus ihrer Haut fahren müssen. So here he's saying, when you recognize the empty nature of the one who looks towards the future, who looks towards the situation, what is the need to develop this kind of agitated, inhibiting and encouraging? Und was es hier ausdrückt, ist, wenn man die leere Natur desjenigen, der das alles erfährt, erkennt, was wäre dann noch die Notwendigkeit, all diese aufgebrachten, behindernden oder ermutigenden Gedanken zu entwickeln? If you just relax, you will flow into the situation. Wenn man entspannt, dann kann man in die Situation einfach fließen. Because when you're relaxed, you have not already mobilized. Premature mobilization always carries an intentionality towards a pattern that has already been enacted in the past. Denn wenn man sich entspannen kann, dann hat man nicht alles schon vorher mobilisiert. Denn diese vorzeitige Mobilisierung trägt mit sich immer eine Art Intentionalität von Dingen, die man bereits in der Vergangenheit vorweggenommen hat. Then he says, by seeing the real nature, one recognizes that everything within samsara and nirvana is devoid of individual self-nature, and thus one's hopeful and doubting thoughts are exhausted. Dann heißt es im Text weiter, indem man die wahre Natur sieht, erkennt man, dass alles innerhalb von Samsara und Nirvana bar einer individuellen Eigennatur ist, und so erschöpfen sich die hoffenden und zweifelnden Gedanken. Subject is empty, object is empty. There is no need for any agitation between the two. Also Subjekt ist leer, Objekt ist leer und es gibt keinen Bedarf nach irgendeiner Art von Erregtheit, Aufgebrachtheit zwischen den beiden. And so the system settles. Und so kann sich das System beruhigen. When the system settles, you can see what is there. Wenn sich das System beruhigt setzt, dann kann man sehen, was da ist. When you see what is there, then you know what you're responding to. Wenn man sehen kann, was da ist, weiß man auch, worauf man reagiert. More and more of my clinical work is supporting patients in looking at the world they live in. Mehr und mehr meiner klinischen Arbeit beruht darin, die Patienten einfach darin zu unterstützen, die Welt, in der sie leben, anzuschauen. Because part of the impact of early trauma in life, particularly when it leads to what's called borderline personality disorder, is a lack of knowledge of the world and a lack of capacity to attend to the world. Denn ein Merkmal von frühen Traumen und deren Einfluss auf vor allem bei Patienten, die man als Borderline-Patienten bezeichnet, ist der Mangel an Fähigkeit, sagen die Eigenschaften der Welt zu kennen und der Fähigkeit, ihnen überhaupt beizuwohnen, sie zu beachten. And so inside the person there are many habitual patterns of arousal, many prefigurings or transferences or projections, and the world is seen through these lenses and veils.
sodass der Patient dann oft viele verschiedene Muster von Erregtheit, von vorkonfigurierten Wahrnehmungen, von Übertragung und so weiter hat und auf diese Weise gewissermaßen die Welt durch viele verzerrende Linsen sieht. And for the patient to wake up back into their own skin, often I think the best method is to look at the world rather than into themselves. Und wie die Patienten in ihrer eigenen Haut wieder aufzuwachen, ist, so denkt James, oft das Beste, ihre eigene Welt anzuschauen, statt sich selbst anzuschauen. So that they start to see how they don't get it. Sodass sie anfangen zu erkennen, auf welche Weise sie es nicht mitkriegen. And if they look again and look again, they start to see who the other person is. Und wenn sie wieder und wieder schauen, dann beginnen sie zu sehen, wer die andere Person ist. So I often ask them, what do you think I'm thinking? Sodass ich also in diesen Gesprächen oft frage, was denkst du, was ich denke? I'm not sitting in a cupboard, my face is fairly open, what do you think? Ich sitze ja nicht in einem Regal und mein Gesicht ist ziemlich offen. Was denkst du, was ich denke? Do you think I think you're a pile of shit? Denkst du, dass ich denke, dass du ein Haufen Mist bist? Look in my eyes. Schau in meine Augen. So why are you treating me like shit? Warum behandelst du mich also Look wie in my Scheiße? eyes, tell me who I am. Schau in meine Augen und sag mir, wer ich bin. And they find this very surprising Und sie finden das sehr überraschend, because they don't know. And yet, of course, when they look, they can see I'm not their enemy. Sie wissen es nicht, aber wenn sie genau schauen, dann können sie sehen, dass ich nicht ihr Feind bin. But they feel I'm their enemy because they feel scared of me. Aber sie haben das Gefühl, ich bin ihr Feind, sie fürchten sich vor mir. So then I say, you have a choice. Dann muss ich ihnen sagen, du hast eine Wahl. In your childhood, you developed a map. In deiner Kindheit hast du eine Karte entwickelt. At that time, the map fitted the territory. Und zu dieser Zeit mag diese Karte das Territorium beschrieben haben. Now you've come into some new territory, Aber jetzt bist du auf einem anderen Gelände but you only have an old map. und verwendest aber immer die alte Karte. If you trust your map, it's very comforting because you know everything on your map. Wenn du deine Karte vertraust, dann ist es sehr beruhigend, denn du vertraust, weil du alles auf deiner Karte schon kennst. But it doesn't really tell you anything about what's going on. Aber das sagt dir überhaupt nichts darüber, was wirklich vor sich geht. Or you can look at the territory, Du kannst aber auch das Territorium anschauen. but that's pretty scary because you don't know what it is. Aber das ist natürlich furchterregend, denn du kannst es nicht einordnen. What do you want to do? Was willst du also tun? That's a big decision. Das ist die große Entscheidung. And that's what the Buddha says to all of us. Und das ist das, was der Buddha uns allen sagt. You have the map of the 5 poisons. Wir haben die Karte der 5 Geistesgifte. You have Mount Self-Obsession, Wir haben eine Menge Selbstbesessenheit. the Lake of Hopes and Fears, Wir haben den See der Hoffnung und Befürchtungen. the little cafe of my private addictions. Wir haben das kleine Café meiner privaten Süchte. You can travel around this country in your head again and again and again. Wir können in diesem Land umherreisen, in unserem Kopf, wieder und wieder. Or you can start to look at things as they are. Oder wir können anfangen, die Dinge so anzuschauen, wie sie sind. It's not so bad outside. Es ist gar nicht so schlecht da draußen. It's called the Dharma Dhatu. Das heißt das Dharma Dhatu. So this is very important. Das ist sehr wichtig. Then who will make effort in abandoning and accepting? Dann wird also die Anstrengung machen zu akzeptieren oder aufgeben. There's no need to do this. Es ist nicht nötig, es zu tun. And you won't have the energy to do it because you'll be looking at what's there. Und wir werden auch gar nicht die Energie dafür haben, das zu machen, weil wir anschauen werden, was da ist. Sometimes I watch the Wimbledon tennis competition on the television. Manchmal schaue ich das Wimbledon-Spiel Tennis im Fernsehen. And you can tend to see that these players are very professional, they practice again and again. And when they're in the game, they are just playing tennis. That's all they're doing, just playing tennis. Diese Tennisspieler sind natürlich sehr professionell und sie üben das, was sie tun, die ganze Zeit. Aber wenn sie dann spielen, dann spielen sie einfach Tennis. But when they get tired, they start to make mistakes. Aber wenn sie dann müde werden, dann fangen sie an, Fehler zu machen. And then you can see the ones who start to think and worry about their mistake. Und dann kann man einen sehen, der anfängt, über seine Fehler nachzudenken und sich zu sorgen. So now they've split their attention. Das heißt, jetzt ist die Aufmerksamkeit gespalten. They're thinking about what they did wrong, they're angry with themselves.
Sie denken im einen Teil darüber, was sie falsch gemacht haben, sind über sich selber zornig. And now they've got to play tennis, Aber sie müssen ja auch Tennis but they're spielen. not all there. Aber sie sind nicht völlig da. That's usually the sign they're going to lose. Und das ist für gewöhnlich das Zeichen, dass sie verlieren werden. So it's the same for us, to stay moment by moment in the movement of life, without going into the future, which we won't find, without running into the past, which we can never revisit. Dasselbe trifft auch auf uns zu, sozusagen für Augenblick bei dem, was geschieht in unserem Leben zu verweilen und ohne sozusagen der Zukunft entgegenzulaufen, von der wir ohnehin nicht wissen, was sie bringen wird, und der Vergangenheit nachzuhängen, deren Ereignisse wir ohnehin nicht zurückbringen können. Every appearance and every sound is like a magical illusion, a mirage or a reflection. Hier heißt es dann, jede Erscheinung und jeder Klang ist wie eine magische Illusion, eine Fata Morgana oder eine Spiegelung. They are free of the characteristics of seemingly real entities. Sie sind frei von den Merkmalen scheinbar realer Dinge. When we experience the world like this, it is immediately dynamic. That is to say, it's responsive. Wenn wir diese Welt so erfahren, dann ist sie unmittelbar dynamisch, und das bedeutet auch, dass wir immer empfänglich sind. One of the things that drives children crazy is not having someone who will respond to them. Eines der Dinge, die Kinder verrückt macht, ist nicht jemand zu haben, der auf sie eingeht. When you pay attention to children and you respond to them, they settle back into their skin. Wenn man Kinder beachtet und auf sie eingeht, dann können sie sich wieder in ihrer eigenen Haut beruhigen und zur Ruhe kommen. It's the same with the world. If you relax and if you're attentive, the world will respond. Und das Gleiche trifft auch auf die Welt zu. Wenn wir entspannen und empfänglich sind, dann wird auch die Welt reagieren. And this has this magical, immediate, simple quality to it. Und das hat diese magische und unmittelbare Qualität an sich. It's not hard work, Das ist keine harte Arbeit. because you're not having to make someone else do something for you. Denn wir müssen nicht jemand anderen dazu bringen, irgendetwas für uns zu tun. You have a felt sense of how they are, you find the right tone in your voice, and they're helping you. Wir haben eine korrekte Empfindung dafür, wie die anderen sind. Wir treffen die richtige Stimmlage und die anderen helfen uns gerne. This is what we call synergy. Das nennen wir Synergie. And that arises when two things operate together, what we call co-emergence. Und das entsteht, wenn zwei Dinge miteinander kooperieren, in etwas, was wir Konvergenz nennen können. It is blocked by self-reference, self-absorption, and so on. Und dies wird durch Selbstreferenz, Selbstabsorption blockiert. The understander of the illusory nature of appearance is the sky-like nature of the mind itself. Derjenige, der die illusorische Natur der Erscheinung versteht, ist die himmelsgleiche Natur des Geistes selbst. All that we encounter is illusion, and it arises in the sky-like mind. Alles, dem wir begegnen, ist eine Illusion und sie erscheint in dem himmelsgleichen Geist. The world is like rainbows in the sky. Und so ist die Welt also wie die Regenbögen am Himmel. Which is why in these paintings of the Tibetan deities and Buddhas and so on, they always have rainbows around them. Und das ist der Grund, warum auf den tibetischen Tankas, auf den Gemälden der Buddhas und Gottheiten immer Regenbögen zu sehen sind. This true nature is without center or limit, and so who will be able to comprehend it? Diese wahre Natur ist ohne einen Mittelpunkt und ohne Begrenzung. Wer also wird fähig sein, sie zu begreifen? Again, he's saying, give up your stupid work of trying to be the ruler of the world. Wieder sagt er hier, gib deine idiotische Arbeit auf, an den Versuch, der Beherrscher deiner Welt zu sein. Stop trying to know what you can't know. Halte an deinen Versuch zu wissen, was du nicht wissen kannst. Because you're trying to know who you are, but you are who you are. Weil du versuchst zu wissen, wer du bist, aber du bist, wer du bist. By trying to know who you are, you interrupt the process of being who you are. Indem du versuchst zu wissen, wer du bist, unterbrichst du den Prozess zu sein, wer du bist. So give yourself a holiday. Gib dir also Ferien. Stop trying, Hör auf zu versuchen and there you are. und dann bist du hier. There are many different rivers like the Ganges and so on, but when they reach the salty sea, they are all of one taste.
Es gibt viele verschiedene Flüsse wie den Ganges und so weiter, doch wenn Sie das salzige Meer erreicht haben, sind sie alle vom gleichen Geschmack. Similarly, the discriminating mind and all its functions and contents must be known to have but one taste in reality. In der gleichen Weise muss man wissen, dass der unterscheidende Geist mit all seinen Funktionen und Inhalten in Wirklichkeit bloß von einem Geschmack ist. This means now in this room, the light is changing, things look a little bit different. We see it looks like this, it looks like that. Das bedeutet zum Beispiel, hier in diesem Zimmer hat sich das Licht verändert, die Dinge schauen etwas anders aus. Mal schauen sie so, mal schauen sie so aus. We identify many phenomena. Wir können viele Phänomene identifizieren, But this discrimination is itself without inherent self-nature. aber diese Unterscheidung ist selbst ohne jede innewohnende eigene Natur. Everything is empty, its nature is like an illusion. Alles ist leer, dessen Natur ist wie eine Illusion This is the one taste of all phenomena. und das ist der eine Geschmack aller Phänomene. But it looks in many different ways. Aber es schaut auf viele verschiedene Weise aus. If you really understand that, then it doesn't matter so much what you get. Und wenn man das verstanden hat, spielt es keine große Rolle, was man bekommt. Two key things here. Your own nature is pure and perfect from the very beginning, infinite like the sky, and so it needs nothing. Zwei Schlüsselpunkte hier. Die eigene Natur ist unendlich wie der Himmel und braucht daher nichts. And all phenomena are devoid of inherent self-nature and have the same taste. Und alle Phänomene sind bar jeder Eigennatur und sind daher vom gleichen Geschmack. So just rock back gently, rest into this infinite spaciousness, and allow the ceaseless movement, the pleasure-generating movement of subject and object in the manner of a dream. Also brauchen wir uns nur etwas zurückzulehnen und uns in diesem offenen Raum zu entspannen und die ununterbrochene Bewegung von Freude zuzulassen. Okay, so that brings us to the end of this for today. Und das bringt uns zum Ende hier für heute. We will start tomorrow morning at 9 o'clock Wir werden morgen um 9 wieder anfangen with a little bit of practice. mit ein bisschen Praxis. And tonight we have a bonfire outside Und heute werden wir etwas draußen Feuer haben, on this high day of summer. an diesem schönen Hochsommertag. And what we man you. Good translator. Oh ja. Central practice. Aber wie Patron Rinpoche, Döjin Rinpoche und alle großen Lamas der Gegenwart betont haben, ist das Verstehen der Natur des Geistes sozusagen die zentrale Praxis. Because what we've been looking at is that our own mind is not some small private possession, but it is exactly the infinity within which all beings arise. Denn was wir ja die ganze Zeit anschauen, ist, dass unser eigener Geist nicht irgendwie ein kleines privates Besitztum von uns ist, sondern es ist genau die Unendlichkeit, die von allen fühlenden Wesen bewohnt wird. To awaken to your own nature is the fulfillment of the Bodhisattva vow. Und zu der eigenen Natur zu erwachen, ist die Erfüllung des Bodhisattva-Gelübdes. The Bodhisattva is one who dedicates their life for the benefit of all beings. Ein Bodhisattva ist dasjenige Wesen, das sein Leben dem Wohl oder dem Glück aller Wesen widmet. When you experience that all beings are already always part of your own existence, Und wenn man dann erfährt, dass alle Wesen immer und schon von immer her Teil der eigenen Existenz gewesen sind, you won't be acting against them in any way. wird man sicherlich nicht gegen sie in irgendeiner Weise handeln. And everything you do will be directed towards their well-being. Und alles, was man tun wird, wird sich auf ihr Wohlergehen richten. Because as Saraha said at the end of the passage we looked at yesterday, he says, similarly, the discriminating mind and all its functions and contents must be known to have but one taste in reality. Denn wie Saraha selbst in dem Text, in dem Abschnitt, den wir gestern Abend abgeschlossen haben, am Ende sagt, heißt es hier, in gleicher Weise muss man wissen, dass der unterscheidende Geist mit all seinen Funktionen und Inhalten in Wirklichkeit bloß von einem Geschmack ist. This is the taste of openness and clarity. Und das ist der Geschmack von Offenheit und Klarheit.
which means that everyone we see is embedded in this state. There is nowhere else for them to have come from. Und das bedeutet insbesondere, dass alle, die wir sehen, in diesem Zustand eingebettet sind. Es gibt keinen anderen Ort, von dem sie kommen könnten. So although we can talk about friends and enemies, things we like, things we don't like, Obgleich wir also von Freunden und Feinden, von Dingen, die wir mögen und von Dingen, die wir nicht mögen, sprechen können, this is only writing on the water. This is only making something which has no real value or depth or meaning. so ist dieses Sprechen nichts anderes wie mit dem Finger auf dem Wasser zu schreiben oder sonst irgendetwas zu produzieren, das keinerlei wirkliche Bedeutung oder Wert hat. For everything is the radiance of the Dharmakaya. Denn alles das ist nichts anderes als die Strahlkraft des Dharmakaya. Okay, so now we go on to the second part of this first part of the second section. Jetzt gehen wir zu dem zweiten Teil des ersten Teils des zweiten Abschnittes. Secondly, to show the method of realization. Zweitens, die Methode der Realisation wird gezeigt. If someone fully searches the total extent of the sky, they will see that it has no center or end, and so they will completely dispense with these concepts. Wenn jemand ganz und gar der Suche nach dem Umfang des Himmels nachgeht, so wird er erkennen, dass er weder einen Mittelpunkt noch ein Ende besitzt, und so wird er auf diese Konzepte völlig verzichten. Clearly, as we looked yesterday, our personality is linked with our history. It has aspects which have a beginning, a middle, and will one day have an end. Natürlich, wenn wir unsere Persönlichkeit anschauen, so wie wir das gestern ja auch besprochen haben, dann werden wir klar sehen, dass diese verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit eine Geschichte haben, mit unserer Geschichte, Biografie verbunden sind und natürlicherweise einen Beginn, eine Mitte und irgendwann mal auch ein Ende haben werden. In recognizing that the mind itself has no beginning or end, Indem wir aber erkennen, dass der Geist selbst weder einen Anfang noch ein Ende hat, we become coterminous with the infinity of space. wenn wir sozusagen coterminous, Yeah, means like not separate, this having the same nature. wenn wir sozusagen von gleicher Natur werden wie der Raum selbst, wie die Unendlichkeit des Raumes selbst. And so you will see that there is no center or periphery, no outside. Und dadurch werden wir erkennen, dass es da kein Zentrum und keine Peripherie, kein Außen gibt. And he says, then you let go of all these concepts. Und dann, wenn man das sieht, dann sagt Saraha, dann lässt man diese Konzepte auch los. That no concept makes a division in what is occurring. Kein Konzept kann dann mehr eine Einteilung oder Unterteilung dessen, was erscheint, verursachen. When we look at the map of the world, we see many political boundaries, and we see that wars are occurring inside and between countries and between countries. Wenn wir eine Weltkarte anschauen, dann sehen wir viele politische Grenzen und wir sehen, dass Kriege in den Staaten und zwischen den verschiedenen Staaten erscheinen. And although we have an idea of all human beings, it's not very functional. Und obgleich wir diese Idee von sozusagen der Menschheit an sich haben, ist diese nicht sehr wirkungsvoll oder nicht sehr funktionell. Because we tend to group ourselves according to subcategories of this. Denn wir haben die Neigung, uns sozusagen in Gruppen zusammenzuschließen, entsprechend gewissen Kategorien der Menschheit, Unterkategorien. According to race, according to national identity, according to gender, and so on. Gemäß der Rasse oder der nationalen Identität, gemäß dem Geschlecht und so weiter. And these differentiations tend to operate on the principle of binary opposition. Und diese Differenzierungen haben die Neigung dazu, auf der Grundlage von binären Gegensätzen zu operieren. So women are all those beings who are not men. Frauen sind also all die Wesen, die nicht Männer sind. And the French are those people who are not German or Swiss or Finnish or any other country. Und Franzosen sind eben jene Leute, die nicht Deutsche, Schweizer, Engländer oder sonst wer sind. So there is me or my group and the others. So dass es da dieses Ich und meine Gruppe und dann die anderen gibt. And the identity of my group is determined by
the exclusion of the others. Und die Identität meiner Gruppe ist definiert oder determiniert durch den Ausschluss der anderen. And this essential line of conflict easily gives rise to envy, hatred, aggression, desire for the other's possessions, and so on. Und diese essentielle Konfliktgrenze gibt auch Anlass zu Neid, Eifersucht, Begierde, den Wunsch nach Besitztum des anderen, nach Krieg und so weiter. And it's very easy to invest abstract signifiers with deep personal meaning. Und es ist sehr leicht, abstrakte Bedeutungsträger mit tiefer persönlicher Bedeutung zu durchtränken. Britain is a very war-hungry nation. England zum Beispiel ist eine sehr kriegslüsterne Nation. We always seem to be at war somewhere. Es scheint, dass wir immer irgendwo Krieg führen. And we're involved in two very good wars at the moment. Wir sind in 2 sehr gute Kriege im Moment involviert. It gives us a chance to kill many people Und es gibt uns die Chance, viele Leute zu töten and also had some of our own people killed. und auch einige von unseren eigenen Leuten getötet zu wissen. When our own people are killed, we refer to them as the glorious dead. Wenn unsere eigenen Leute getötet werden, dann sprechen wir von ihnen als den glorreichen Toten. They are dead because they died trying to kill someone else Sie sind tot, weil sie versucht haben, andere zu töten. in a faraway country In einem weit entfernten Land. for political interests that have nothing to do with the benefit of the people in Britain or in these faraway countries. Für politische Interessen, die nichts zu tun haben mit den tatsächlichen Interessen der Briten und auch nicht der Leute in diesen weit entfernten Ländern. This is the basis of a glorious death. Das ist die Grundlage des glorreichen Todes. And people believe it's glorious. Und Leute glauben daran, dass er glorreich ist. In the newspapers, when I left England on Friday, on the front page, they had photos of this young woman who is the first female soldier to be killed fighting in Afghanistan. In den Zeitungen in England am Freitag, bevor James hierher flog, konnte man das Foto einer der ersten Soldatin, die in Afghanistan getötet wurde, sehen. And people saying how proud they were, her husband, her parents, how proud they were that she had become a wonderful soldier. Und Leute drückten aus, ihr Ehemann, ihre Eltern, wie stolz sie darauf seien, dass sie so ein wunderbarer Soldat geworden ist. She has been trained to go into other people's countries and cause trouble. Sie wurde trainiert, in die Länder anderer Leute zu gehen und dort Schwierigkeiten zu machen. And we should be proud of her. Und wir sollten stolz auf sie sein. And she will be buried with full military honors. Ihre Bestattung wird mit voller militärischer Ehre stattfinden. People will put on their best uniforms with the medals showing that they have also been involved in killing other people. Und die Leute werden alle ihre Gala-Uniformen zeigen mit all den Medaillen, die zeigen werden, dass auch sie involviert waren in das Töten anderer Leute. And people will salute. Die Leute werden dann salutieren And they salute the flag, und sie werden die Fahne, which represents the nation state, die Nation, den Staat repräsentiert, whose integrity has been protected by this sacrifice of a young life. dessen Integrität bewahrt wurde durch diese junge Person, die ihr Leben geopfert hat. This kind of activity is very popular. Diese Art von Aktivität ist sehr populär. This is based on discrimination and the investment of abstract concepts as if they were truly meaningful. Grundlage davon ist Unterscheidung und das Durchtränken von abstrakten Konzepten mit wahrhafter Bedeutung. So for the sake of democracy, freedom, real living people, people with Buddha nature are killed. Da werden also zum Wohle der Demokratie und der Freiheit als Konzepte wahrhaft lebendige Leute, die Träger der Buddha-Natur sind, getötet. And the duty of a soldier is to obey orders, Nun, die Pflicht eines Soldaten ist, Befehlen zu gehorchen not to ask any questions, und keine Fragen zu stellen, but just to serve their country. sondern nur einfach dem Land zu dienen. So the glorious death is linked with the apotheosis of stupidity. Sodass der glorreiche Tod verknüpft ist mit der Verkörperung, der Vergöttlichung von Idiotie. And there is a lot of money that goes into the army. Und es gibt eine ganze Menge Geld auch, das in die Armee investiert wird. People are developing new weapons all the time. Und Leute entwickeln ständig neue Waffen.
As far as I know, the government in Britain is not researching anything to do with meditation. Soweit bekannt ist, investiert die Regierung in England kein Pfennig in die Erforschung der Meditation. But if they found it was useful as an interrogation technique, I'm sure they would want to develop. Aber wenn sie herausgefunden hätten, dass Meditation eine sinnvolle, zweckmäßige Verhörtechnik bieten könnte, dann würden sie sicherlich da auch einiges an Entwicklung investieren. Samsara is a very scary place. Samsara ist wirklich ein furchterregender Ort, When complete madness is dressed up as something wonderful. wenn vollständige Verrücktheit als etwas Wunderbares verkleidet ist. And as long as we live inside a mental world which is making categories, saying this is me, that is you, I am better than you, I am not as good as you, all these fragmentations and investments create the basis for deep conflict. Solange wir also in einer mentalen Welt leben, die Kategorien und Unterteilung erschafft, die sagt, das bin ich und das bin nicht ich, das bist du, das ist hier groß, das ist hier klein, du bist groß, ich bin klein oder ich bin groß, du bist klein. Solche Vorstellungen werden immer die Grundlage für Konflikt schaffen. So Saraha then says, similarly, if we search through mind and all phenomena, we will not be able to find even an atom of true existence. Und so sagt Saraha, in der gleichen Weise werden wir, wenn wir den Geist und alle Erscheinungen durchforschen, nicht in der Lage sein, auch nur ein Atom an wahrhafter Existenz zu finden. That is to say, the Taliban don't truly exist. Und das drückt aus, dass auch Taliban nicht wahrhaft existieren. Al-Qaeda doesn't really exist. Und auch Al-Qaida existiert nicht wirklich. The Pentagon doesn't really exist. Auch Pentagon existiert nicht wirklich. These are illusory creations of mental energy in which the possibility of wisdom and compassion is perverted into narrow identifications grounded in hostility. Dieses sind nichts anderes als mentale Kreationen, illusorische Kreationen, in welchen die Möglichkeit von Offenheit und Mitgefühl pervertiert wird in eine verengte Identifizierung und narrow identification Yeah, with self-interest, you know, mit eigenen partikulären Interessen. which means that there's a basis for conflict. Und das stellt eine Grundlage für den Konflikt dar. Of course, when we say that these things don't exist, we mean they don't exist in truth, that they have to be created moment by moment by the ongoing investment of belief and life energy to keep them shining. Wenn wir also sagen, diese Dinge existieren nicht, dann drückt das aus, dass sie nicht wahrhaft existieren, sondern von Augenblick zu Augenblick erschaffen werden müssen durch ein Investment, ein Widmen von Energie in deren Erstrahlen als etwas Existentes, sozusagen in deren Strahlkraft. And of course, once these investments occur, it becomes very difficult to think about what is going on. Und sobald diese Investition sozusagen getätigt worden ist, ist es sehr schwer darüber nachzudenken, was denn eigentlich vor sich geht. How can you put into question a war when so many beautiful young people have sacrificed their lives for it? Wie kann man sozusagen den Krieg in Frage stellen, wenn schon bereits so viele wunderbare junge Leute ihr Leben dafür geopfert haben? It must be meaningful, Das muss irgendeine Bedeutung haben, otherwise their lives are wasted. sonst sind ja deren Leben verschwendet worden. And no country wants to admit that it's happy to kill its children. Und kein Land möchte gerne zugeben, dass es glücklich ist, seine eigenen Kinder zu töten. So, this is again, it's not abstract philosophy, it's showing the basis of the great danger that we all live in. Wieder noch einmal gesagt, dies ist hier keine abstrakte Philosophie, sondern dieses zeigt hier die Basis für die große Gefahr, in der wir uns alle befinden. Relaxing and opening the mind and welcoming all phenomena, seeing that all phenomena has the same nature, is not a common practice. Sich zu entspannen, den Geist zu öffnen und alle Phänomene willkommen zu heißen und zu verstehen, dass alle Phänomene von gleicher Natur sind, ist keine sehr gewöhnliche Praxis. Rather, our normal practice is discrimination and prejudice. Unsere gewöhnliche Praxis ist Unterscheidung und Vorurteil.
So it's very important to observe how this functions in ourselves. Daher ist es sehr wichtig, in uns selbst zu beobachten, wie das für uns funktioniert. The mind that is doing the searching cannot be perceived. So see that there is nothing at all that can be seen as existing in truth. Der erforschende Geist selbst kann nicht wahrgenommen werden. Siehe also ein, dass es da überhaupt nichts gibt, das als wahrhaft existent gesehen werden könnte. If we see that we don't have a fixed identity, Wenn wir erkennen, dass wir über keine fixierte Identität verfügen, then we have two possibilities. The possibility of samsara is to have an anxiety about this and to seek for some point of safety, like a snail looking for a shell to live in. dann haben wir zwei Möglichkeiten sozusagen. Wir können die Wahl treffen des Samsara, das ist die Wahl, in der wir dann angesichts des Mangels dieser Identität nach irgendeinem Punkt von Sicherheit suchen, wie etwa eine Schnecke, die nach einem Gehäuse sucht, in dem sie leben könnte. And it's on the basis of this that we identify with a football team or a national identity or a favorite poet or a rock and roll band. Und das ist die Grundlage dafür, sich zum Beispiel mit einer nationalen Identität oder mit einem Fußballteam oder mit irgendeinem bestimmten Dichter oder mit irgendeiner Rockband zu identifizieren. Because the identification with the object through this self-reflexive movement confirms that we exist, that we have an identity. Denn die Identifikation mit einem Objekt stellt sicher durch diese selbstreflexive Bewegung, dass auch wir in dieser Identifikation so etwas wie eine eigene Identität besitzen. Then, of course, if the object of our investment is attacked or undermined, we feel attacked, and so we have to mobilize our energy in its defense. Sodass, wenn das Objekt unserer Identifizierung angegriffen wird, dann fühlen wir in unserem Geist, als ob wir selbst angegriffen würden und mobilisieren in uns diese ganze Energie der Verteidigung. The other path is seeing that we have no real identity, seeing that we are connected with all phenomena. We can develop our energy in many different compassionate forms in order to move harmoniously with others. Der andere Weg ist zu erkennen, dass wir keine wahre Identität sind, dass wir aber mit allen Phänomenen unauflöslich verbunden sind. Und dann haben wir die Möglichkeit, sozusagen eine Bereitschaft zu entwickeln, uns mit all diesen Erscheinungen so zu bewegen, dass wir eine harmonische Beziehung zu ihnen herstellen können. So, the experience of not existing as an entity can feel like a problem to be solved, that we need to find something to cling to. Or it can be the basis of an ongoing opening and revelation of the infinite possibilities of being together with others. So dass also die Situation, keine bestimmte Identität zu besitzen, entweder als ein Problem empfunden werden kann, das uns dazu anhält, einen Punkt der Identifikation zu finden, oder aber es kann als eine Basis für die Öffnung zu den unendlich vielen Möglichkeiten, mit anderen zusammen zu sein, darbieten. And in this, both self and other will be changing all the time. Und darin werden sich sowohl das Selbst als auch die anderen über die ganze Zeit verändern. So then the third aspect of this is not to change from that nature. Und der dritte Aspekt davon ist, unwandelbar in dieser Natur bleiben. So he says, just as a crow that is released from a ship flies around in all directions, but then returns to the ship when it doesn't sight land, so the desireful mind may go chasing after thoughts, but then settles on the unchanging nature of mind itself. Darin heißt es, so wie eine Krähe, die von einem Schiff aus freigelassen wird, in alle Richtungen umherfliegt, dann aber zum Schiff zurückkehrt, wenn sie kein Land sieht, so mag der begehrende Geist den Gedanken nachjagen, doch dann schließlich in der unveränderlichen Natur des Geistes zur Ruhe kommen. So here again he's focusing on the liberation of the object as the basis for the liberation of the subject. Hier auch wieder fokussiert er sich auf die Befreiung des Objekts als die Grundlage für die Befreiung des Subjekts. When the crow goes looking for land, a place to find food and shelter, and he doesn't find it, it comes back. Wenn eine Krähe
wegfliegt, um nach Land Ausschau zu halten, sozusagen eine Basis dafür, sich Nahrung und Schutz zu beschaffen. Und sie findet aber kein Land, dann kehrt sie zurück. You see the illusory nature of phenomena. Wenn wir also die illusorische Natur der Phänomene sehen, If you open yourself just to be with other people moment by moment, they will show you their very impermanence. wenn wir uns dazu öffnen, mit Menschen Moment für Moment, Augenblick für Augenblick zusammen zu sein, werden sie uns ja zeigen, wie vergänglich unbeständig sie sind. People's bodies move. Die Körper der Leute bewegen sich. When you say, oh, it's the same person, whether their hand is up or down, Wenn wir dann sagen, es ist die gleiche Person, ob sie jetzt die Hand nach oben oder nach unten hält, that is taking refuge in the abstract concept of the person. das bedeutet, dass wir Zuflucht in einem abstrakten Konzept von der Person suchen. If your hand is up, that's very different. Wenn die Hand hoch ist, dann ist es anders. I'm different if I'm doing that. Ich bin anders, wenn ich das tue. We could say, oh, James is doing that, so we know it's the same James who is doing that. Wir könnten natürlich sagen, ja, James macht gerade dieses, das ist der gleiche James, der jetzt gerade dieses macht. But the signifier James has no true existence and only comes into being when we repeat it. Aber der Bedeutungsträger James hat keine wahrhafte Existenz und wird nur dadurch wahr, dass wir es ständig wiederholen. It is truly amazing to see, moment by moment, everything is different. Es ist wahrhaft erstaunlich zu sehen, dass Augenblick für Augenblick alles verschieden anders ist. We reassure ourselves by always putting people back in their concepts. Wir verleihen uns eine Sicherheit, indem wir die Leute immer zurückziehen in unser Konzept von ihnen. So if you've been in this building before, you come in, you look around, oh, it's changed a bit. Wenn wir also dieses Gebäude hier kennen und wir kommen dann eine Weile wieder und schauen uns umher, denken wir vielleicht, oh, es hat sich ein wenig verändert. Oh, they put in a new staircase. Sie haben eine neue Treppe reingebaut. Many, many things have changed. Viele Dinge haben sich verändert. In fact, everything is changed. In Wirklichkeit hat sich alles verändert. But what we are interested in is knowing what it is. Aber woran wir interessiert sind, ist zu wissen, was Sache ist. So this is a practice of observing the relationship between direct phenomenology and the conceptual overlay. Diese Praxis ist ja also die beobachtende Beziehung zwischen der unmittelbaren Phänomenologie und dem ganzen begrifflichen Überbau, den wir drüber schieben. And to observe how at this stage for us it's much quicker and easier to take refuge in the familiar categories than to attend to things as they are. Und auch zu beobachten, wie in dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden, es für uns viel einfacher ist, auch viel schneller vor sich geht, Zuflucht in gewissen Kategorien und Begriffen zu nehmen, statt in den Dingen so, wie sie sind. But as long as you do that, you will believe that objects are reliable. Solange man aber dieses tut, wird man glauben, dass Objekte zuverlässig sind. When you start to see that this field of experience in which you are existing, including your own body, is moment by moment revealing itself in different ways. Wenn man aber anfängt zu sehen, dass dieses Feld der Existenz, in dem wir uns bewegen, unseren eigenen Körper eingeschlossen, Augenblick für Augenblick in seine Existenz enthüllt wird, That there is an unending, unchanging, ceaseless, infinite freshness always. dass es da eine unveränderliche, unendliche und unaufhörliche Frische von Augenblick zu Augenblick gibt. Then there will be nothing for your mind to rest on. Dann wird es für unseren Geist nichts geben, worauf es sich stützen könnte. And this grasping tendency, wanting to work out what things are, to appropriate them, to make the world make sense to me, this will relax. And that facet of the mind will dissolve back into the Dharmadhatu. Da wird aber auch dieser Aspekt des Greifens, des Sortierens der Dinge, des Sinnmachens, des Sicherstellens, dass wir uns diese Dinge aneignen können, all dieses wird sich entspannen und diese Facette des Geistes wird sich zurück auflösen im Dharmadhatu. So then he says, unaffected by situations,
free of hopes, one destroys all hidden doubts. This is the Vajra mind. Dann sagt Saraha, von Umständen unbeeinflusst, frei von Hoffnung, zerstört man alle verborgenen Zweifel. Dies ist der Vajra-Geist. Unaffected by situations means if you are connected with the world as it changes, you change with it. So you're living in a direct participation with what is occurring rather than stepping back from it and trying to maintain your position in relation to it. Und unbeeindruckt von Situationen bedeutet, dass man sozusagen in der Welt lebt und sozusagen unmittelbar in den Fluss der Veränderung selbst auch in der Veränderung mitgeht, mitfließen kann, statt zurückzutreten und sich auf die Position von fixierten Konzepten über die Welt positionieren muss. That is to say, directly experiencing the non-duality of subject and object. Movement is always occurring, but it's not that this is affecting me, it's moving. Das heißt, indem man die Nichtdualität von Subjekt und Objekt unmittelbar erfährt, erfährt man natürlich auch die stets stattfindende Bewegung, aber man identifiziert diese Bewegung nicht als ein Ich. So, for example, later this afternoon I will go to Basel Airport. Zum Beispiel später am Nachmittag werde ich zum Basel Flughafen gehen. It's not such a bad airport, Ist kein so schlechter Flughafen, but airports are not great places. aber Flughäfen sind an sich keine so großartigen Orte. They are designed around crowd control and making people very compliant with the structures of their throughput. Sie sind alle so entworfen, dass es hier um die Kontrolle von Steuerung von Menschenmassen geht und darum, die Leute sozusagen sehr folgsam in Bezug auf die Erfordernisse eines großen Menschendurchsatzes zu machen. That is to say, it's a determining environment, Es ist eine bestimmte Umgebung and I will be determined in how I can behave and what I can do by that environment. und durch diese Umgebung werde ich auch die Möglichkeiten meines Verhaltens und meiner Aktivität bestimmt. Is there any point to resist this? Gibt es hier also irgendeinen Punkt, dem zum Beispiel zu widerstehen? No. Nein. It is not a place to practice unique authenticity. Es ist nicht der Ort, um einmalige Authentizität zu praktizieren. It's just about being one of the crowd. Es geht hier nur darum, wirklich einer der Menge zu sein. You have to stand in line, stand in line. Wenn man sich anstellen muss in der Schlange, steht man eben in der Schlange. Why do we have to stand here for so long? Warum müssen wir hier so lange stehen? This is a stupid question. Das ist eine dumme Frage. We're standing here. Wir stehen einfach. The much more interesting question is, how shall I stand here? Die wesentlich wichtigere Frage ist, wie stehe ich hier? Because that is in the palm of my hand. Denn das befindet sich in meiner eigenen Hand. My experience, moment by moment, is just this. Meine Erfahrung von Augenblick zu Augenblick ist genau dies. If I start with a prejudice that says it's not a good thing to stand in queues, this could be done better, then I have come out of the situation and want to appoint myself as a consultant to the organizers of the airport. Wenn ich also die Idee habe, dass es keine gute Sache ist, so lange in der Schlange zu stehen, dass man die Sachen eigentlich viel besser organisieren könnte, dann distanziere ich mich aus der Situation und ernenne mich selbst zu einem Berater der Flughafenorganisation. So, as we discussed yesterday, that's another example of me persecuting myself by my own intelligence. Wie wir das gestern schon diskutiert haben, wäre das ein anderes Beispiel dafür, wie man sich selbst durch die eigene Intelligenz verfolgen kann. No one who runs the airport is interested in my opinion. Aber niemand von den Leuten, die diesen Flughafen betreiben, interessiert sich wirklich für meine Meinung. So all the thoughts that I develop about, no, this is a crazy environment, and if they did it this way, it would be better, is only cooking myself. Und all die verrückten Gedanken, die ich entwickeln kann, indem ich denke, das ist keine gute Umgebung und man hätte das viel besser machen können, ist nichts anderes als nur, dass ich mich selbst aufkoche. So the text is saying, be with things as they are, Und was der Text also sagt, ist, sei mit den Dingen, wie sie sind. rather than going into resistance about the situation, open into it and experience what this is. Statt also in Widerstand gegen die Situation zu gehen, geh mit der Situation, öffne dich und erfahre die Situation so, wie sie ist. And then, like bats coming out of an old barn,
all these dark, troublesome thoughts will arise. Und dann werden natürlich wie Fledermäuse, die aus einer alten Scheune aufgescheucht sind, all diese dunklen Gedanken aufkommen. And you can see how you could start to cheat yourself, how you could start to play games in yourself which only cause disturbance. Und dann können wir erkennen, wie wir an diesem Punkt anfangen könnten, uns selbst zu betrügen und Spielchen mit uns zu spielen, was aber nur zu Störungen führen würde. But this is just an illusion. Aber das ist hier nur eine Illusion. The airport is an illusion, the traffic jam is an illusion. Der Flughafen selbst ist eine Illusion, der Verkehrsstau ist eine Illusion. Arising due to causes and conditions, it will change and pass. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen entstehend wird es sich verändern und auch dann irgendwann vergehen. But while it's occurring, it is what is occurring. Während es aber erscheint, ist es, was es erscheint. And if we are present with it, we relax back into this open spaciousness, just as Saraha describes. Und wenn wir darin gegenwärtig oder damit gegenwärtig sind, dann können wir in die offene Raumhaftigkeit zurückentspannen. So wie das Saraha hier beschreibt. And this is why he says it's the Vajra mind, because on this level, one can maintain presence through all situations without being lifted and dropped through hopes and fears. Und deswegen nennt er das den Vajra-Geist, weil man sozusagen Gegenwärtigkeit des Geistes in allen Situationen aufrechterhalten kann, ohne in den Fahrstuhl von Hoffnung und Furcht auf und ab zu fahren. Earlier in the text, he's talking about a demon's blessing. Vorher im Text sprach Saraha von dem Segen eines Dämons. But we also would like to give our demon's blessing to the world. Aber auch wir würden es gerne unseren dämonischen Segen der Welt verpassen. Driving around in our little Todtmobil, Wir würden gerne umherfahren in unserem kleinen Papstmobil. we look at the things we like, bene, bene. Wir schauen die Dinge, die wir mögen, an und sagen, Bene, Bene. No, no. Oder auch eben Satan weich. We do this all the time. Wir machen das die ganze Zeit über. If I like it, it's good. If I don't like it, it's bad. Wenn ich es mag, ist es gut. Wenn ich es nicht mag, ist es schlecht. This is our existence as a demon, Das ist unsere Existenz in Form eines Dämons. with fantasies of world domination. Mit allen unseren Fantasien, unserer Dominierung der Welt. If we were the ruler, what countries would we invade? Wenn wir der Herrscher wären, welche Länder würden wir überfallen? How many chocolate factories would we reserve for our own consumption? Wie viele Schokoladenfabriken würden wir für unseren eigenen privaten Konsum reservieren? Yeah. So, staying open is very difficult because this habitual attachment, the habitual positioning, the habitual movement back into the earth element rather than relaxing into the space element is very powerful for us. Dieses offen zu bleiben, entspannt zu bleiben, ist für uns sehr schwierig, weil dieses gewohnheitsmäßige Festhalten, dieses gewohnheitsmäßige sich zurückziehen auf das Erdelement sehr viel mächtiger ist oder sehr viel schwieriger ist als sich das Entspannen des Raumelement. But as he says, if you understand this one point, all the problems are solved. Was aber sagt, wenn man diesen einen Punkt verstanden hat, sind alle Probleme gelöst. When we stay inside our particular positioning, we are presented with problem after problem after problem. Life is always bringing us new things to think about. Wenn wir aber in unserer bestimmten Positionierung verharren, dann wird sich ein Problem nach dem anderen darbringen. Das Leben wird immer neue Aspekte aufbringen, über die man nachdenken könnte. But the Vajra mind is the same in all circumstances. Aber der Vajra-Geist ist der gleiche in allen Umständen. Although the energy of this Vajra mind is showing many different kinds of response. Und gleich die Energie dieses Vajra-Geistes viele verschiedene Arten von Antworten zeigen kann. So then we move on to section B, where there are three aspects to meditation. Es gibt 3 Aspekte der Meditation, sagt der Abschnitt B. And firstly is the non-meditation of Mahamudra. Erstens die Nicht-Meditation von Mahamudra. The real nature of mind that has cut the root of ignorance is like the sky.
Die wahre Natur des Geistes, der die Wurzel der Unwissenheit durchtrennt hat, ist wie der Himmel. This is just what we were looking at. When you stop relying on attachment and investment in concepts, in feelings and so on, then because there is no external object to hold to, the mind relaxes and opens like the sky. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Wenn wir aufhören, uns auf unsere Anhaftung an Objekte, Konzepte und Gefühle zu verlassen, sondern uns öffnen und entspannen können, dann ist unser Geist offen wie der weite Himmel. So then he says, there is no meditation to be done, so avoid meditation. Dann heißt es hier, es gibt keine Meditation, die auszuüben wäre, vermeide also Meditation. In Sanskrit and Tibetan, there are many words for what we call meditation. Im Sanskrit und auch im Tibetischen gibt es viele Wörter, die auf Meditation verweisen. They tend to be concerned with keeping the mind stable, giving the mind depth, and focusing the attention. Diese Begriffe alle verweisen auf die Aspekte, den Geist stabil zu halten, dem Geist eine Art Tiefe zu verleihen und ihn fokussiert zu halten. Not being distracted, maintaining a one-pointed attention, and developing a capacity to stay with various changes. Das heißt, nicht abgelenkt zu sein, einsgerichtete Aufmerksamkeit zu entwickeln und mit verschiedenartigen Veränderungen verweilen zu können. Meditation here is a method for achieving something. Hier bedeutet Meditation immer eine Methode und Methode ist immer etwas, um etwas zu erlangen. For achieving calmness and clarity, Oder etwas zu erreichen, zum Beispiel Klarheit und Ruhe. for developing a particular kinds of energetic potential so that these can manifest in the world. Oder zur Entwicklung gewisser energetischer Potenziale, sodass diese sich in der Welt manifestieren können. For example, you might want to purify your anger by meditation on wrathful deities so that you can use the power of your existence to effectively change difficult circumstances. Zum Beispiel könnte man Praktiken ausführen, um den eigenen Zorn zu reinigen, indem man über zornvolle Gottheiten meditiert und dadurch diese Kraft der Energie des eigenen Zorns nutzen kann, um schwierige Umstände in der Welt aufzulösen. So our meditation practices carry a particular agenda. Unsere Meditationspraktiken bringen eine gewisse Zielsetzung mit sich, einen Plan. They're seen as being more effective than just allowing our lives to tumble along. Man sieht sie als effektiver an, als einfach zu gestatten, dass unser Leben so vor sich hin holpert. But they can also be established as something sacred as opposed to the profane nature of our ordinary existence. Man kann sie natürlich aber auch als etwas Geheiligtes im Gegensatz zu der profanen Natur unserer gewöhnlichen Existenz etablieren. And so places of meditation tend to have that sort of sacred quality to them. Sodass Meditationsorte auch dazu neigen, diese Art von heilige Qualität zu haben. You shouldn't talk too much or you will disturb the people who are meditating. Man sollte nicht zu viel reden, weil man sonst Leute stört, die meditieren. And this is very important work. Und das ist sehr wichtige Arbeit. So what he's saying is don't do any of that. Und was er hier sagt, Saraha hier sagt, ist, macht nichts davon. Because this kind of meditation means that you bring an agenda into the world. You are already about something before the situation has occurred. Denn diese Art von Agenda bedeutet, dass wir bereits irgendetwas mit in die Welt bringen und schon eine Zielsetzung haben, bevor wir überhaupt wissen, was die Situation bringen wird. Nowadays, there are two abominations in the kitchen. What is abomination? Abomination means something absolutely terrible. Heutzutage gibt es zwei schreckliche Dinge in der Küche. The freezer and the microwave. Der Kühlschrank und die Mikrowelle. From the freezer to the microwave. Es geht aus dem Kühlschrank direkt in die Mikrowelle. Here is something I prepared earlier. Hier ist etwas, was ich vorher schon vorgekocht habe. This is the structure of neurosis. Das ist die Struktur der Neurose. We are always reheating something that has been already cooked a long time ago. Wir
wärmen immer etwas auf, was wir schon lange Zeit zuvor aufgekocht haben. All the vitamins are gone. Alle Vitamine sind bereits weg. Looks like food, but tastes like something else. Sieht aus wie Nahrung, aber schmeckt wie etwas anderes. There is the danger that meditation can become the same. Und es gibt die Gefahr, dass Meditation das Gleiche werden kann. I feel anxious, so I start to do my mantra. Ich fühle mich etwas furchtsam, also beginne ich mit meinem Mantra. From the point of view that Saraha is talking about, if you feel anxious, if you feel afraid, under all circumstances, be with what is there. Vom Standpunkt von dem, was Saraha hier vermittelt, ist, wenn ich mich ängstlich fühle, wenn ich Furcht habe, was auch immer es ist, bleibe mit dieser Erfahrung. What is making you anxious? Was ist es, was dich ängstlich macht? The relation you have with the object. Das ist deine Beziehung zum Objekt. The object itself is illusory. Aber das Objekt ist illusorisch. Your own grasping and attachment to the object and your own idea that life should be other than how it actually is, this is the cause of the anxiety. Das ist das eigene Festhalten an dem Objekt und die eigene Idee, dass das Leben anders sein sollte, als es sich darbringt, ist die eigentliche Ursache der Ängstlichkeit. So don't introduce any artificial method for changing the circumstance. Stay with the clarity of what you have understood. Also führe keine künstlichen Methoden hier ein, die Situation in irgendeiner Weise zu manipulieren, sondern bleibe mit der Klarheit dessen, was du verstanden hast. So he says, keeping ordinary mind in its spontaneous original mode, it is unadulterated by any artificial concepts. Und so heißt es hier, indem du den gewöhnlichen Geist in seiner spontanen ursprünglichen Seitsweise bewahrst, bleibt er unverdorben von irgendwelchen künstlichen Konzepten. As Namkhe Nobu Rinpoche often says, if a prison has bars made of gold, it's still a prison. Wie Namkhe Nobu Rinpoche oft betont, wenn ein Gefängnis so gebaut ist, dass dessen Fenstergitter aus goldenen Stäben gemacht sind, ist es immer noch ein Gefängnis. You can limit your own existence with many kinds of holy and special ideas. Man kann seine eigene Existenz auch mit einer ganzen Menge verschiedener heilige und besondere Ideen begrenzen. We have to be very clear, this is again not some infantile narcissistic inflation. Und man muss hier darüber sehr im Klaren sein, dass es sich hier nicht um irgendeine Art von infantile, narzisstischer Inflation geht. When we talk of the primordial freedom, it's not the freedom of I, me, myself to do whatever I like. Wenn wir also von ursprünglicher Freiheit sprechen, dann sprechen wir nicht von dieser Freiheit von meine Wenigkeit, die frei ist, zu tun, was ich gerne mag. This is the unadulterated, simple, pure openness of the mind itself. Das ist die unverdorbene, einfache, reine Offenheit des Geistes selbst. So, if you allow your ordinary mind, your life as it is, to be just as it arises, Wenn wir also gestatten, dass unser gewöhnlicher Geist, unser Leben, wie es ist, einfach ist, wie es erscheint, wie es entsteht, you'll find that it doesn't need to be mixed up with any artificial concepts. wenn wir herausfinden, dass es gar keine künstlichen Konzepte braucht, mit denen man dieses Leben vermischen müsste. So, say you find that you've been very selfish to a partner, Zum Beispiel können wir herausfinden, dass wir vielleicht unserem Partner gegenüber sehr selbstsüchtig waren. and you think you should be more compassionate. Und dann fangen wir an zu denken, wir sollten vielleicht etwas mitfühlender sein. Then you might want to do some meditation practice on the deity Chenrezig. Dann könnten wir auf die Idee kommen, einige Meditationspraxisen über die Gottheit Chenrezig zu machen. That is one method of doing things. Das ist eine Methode, Dinge zu machen. Saraha would say, who is the one who has been selfish? Saraha würde sagen, wer ist derjenige, der selbstsüchtig gewesen ist? To whom have you been selfish? Zu wem warst du selbstsüchtig? My partner. Das war mein Partner. Who is this, my partner? Was ist das oder wer ist das, mein Partner? Do you live with your partner 24 hours a day? Lebst du mit deinem Partner 24 Stunden am Tag? No. Oh, they do other things. Nein. Machen sie auch andere Dinge? And when they do other things, you don't know what they're doing. Und wenn sie andere Dinge machen, weißt du nicht, was sie tun? They have another life. Die haben noch ein anderes Leben. So they're not your partner
all the time. Das heißt, sie sind nicht deine Partner die ganze Zeit über. So here is somebody who does many, many different things, is many, many different kind of people, and you think that they are my partner. Hier ist also jemand, der viele, viele Dinge macht und viele, viele Leute eigentlich ist und du denkst, das ist mein Partner. This other is not fixed. Dieser andere ist nicht fixiert You do not know them. und du kennst sie nicht. You know about them. Du weißt etwas über sie You construct a story which doesn't quite fit. und konstruierst eine Geschichte, die nicht unbedingt wirklich passt. Staying present and open to the other, you can respond. Indem du gegenwärtig und offen dem anderen gegenüber bleibst, kannst du reagieren. If you respond, then you're no longer being selfish. Und wenn du reagierst, bist du nicht länger selbstsüchtig. Without introducing anything artificial, everything is changed. Ohne irgendetwas Künstliches einzuführen, ist alles verändert. This is the teaching. Das ist hier die Lehre. Then he says, this naturally pure mind has no need of artifice. Dann heißt es hier, diese natürlich reine Geist hat keinen Bedarf an Künstlichkeit. So you don't need to add any ingredients to it. You don't need to work on it or develop it in any way. Du brauchst also keine künstlichen Dinge hinzuzufügen, du brauchst nicht an ihm zu arbeiten oder irgendetwas in irgendeine Weise entwickeln. Because as is said in many texts, the mind itself is not created by good thoughts and virtuous actions, and it's not destroyed by bad thoughts and unvirtuous actions. Denn wie es in vielen Texten heißt, der Geist wird nicht von guten Gedanken, guten Handlungen erschaffen und er wird nicht von schlechten Handlungen und von schlechten Gedanken zerstört. Your own busyness is part of the problem. Es ist die eigene Geschäftigkeit, die ein Teil des Problems ist. Because it's very affirmative to the ego to feel that we have some important function in the world. Denn es ist für das Ego sehr bestätigend, das Gefühl zu haben, dass wir in dieser Welt eine sehr wichtige Funktion zu erfüllen haben. If you know how to do a special puja, you can get some status, you can earn some food if you live in Tibet. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte besondere Puja ausführen kann, kann man einen gewissen Status erlangen und sogar Geld damit verdienen, insbesondere wenn man in Tibet lebt. But as Saraha is saying, you don't need to do anything artificial. Aber Saraha sagt, du brauchst hier nichts Künstliches zu tun. Artificial means any kind of method whatsoever. Und künstlich bedeutet hier jede Art von Methode, was immer sie sei. That means to live in a naked way. Und das bedeutet, anders gesagt, nackt zu leben. So this means to have complete faith and openness into the practice. Und das bedeutet, vollständige Offenheit und vollständigen Glauben in die Praxis zu haben. That is to say that liberation arises from letting go rather than doing more. Und das drückt aus, dass Befreiung aus dem Loslassen und nicht aus dem Mehrtun entsteht. Without holding tight or letting go, rest in your own nature. Dann heißt es hier, ohne Festhalten oder Loslassen, verweile in deiner Natur. And he's saying letting go here, this is more like pushing away. Und wenn er sagt Loslassen, dann meint es hier mir dieses Wegdrängen, Wegschieben. Everything is impermanent and goes by itself. Alles ist vergänglich und geht sowieso von sich aus. Don't hold on to things and try to maintain what you know. Don't try to push things away because they feel intolerable. Halte also nicht an Dingen fest und versuche sie nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten und schiebe andererseits aber auch Dinge nicht weg, die dir als unerträglich erscheinen. For that is the busy work of the ego and it will never end. Denn das ist die geschäftige Arbeit des Egos und diese Arbeit wird niemals zu Ende kommen. There is always something to be done. Es gibt immer etwas, was zu tun wäre. You can always do it better. Man kann immer etwas besser machen. It's not that one doesn't want things to be better, but you can trust that they will be better if you don't interfere with the process. Es ist nicht so, dass die Dinge nicht besser sein können, sondern man kann sich einfach auf das Vertrauen stützen, dass sie besser sein werden, wenn man in den Prozess nicht eingreift. So rest in your own nature means stay in the state of the mirror, relaxed and open. Also in der eigenen Natur zu verweilen bedeutet im Zustand des Spiegels zu verweilen, entspannt und offen. Because in this state you have a panoramic vision.
Denn in diesem Zustand hat man eine panoramische Sichtweise. You have the optimal chance to be in touch with all the factors of the situation. Wir verfügen über die optimale Chance, in Berührung, in Kontakt mit allen den Aspekten der Situation zu sein. And without interfering with the process, this movement will lead into a response. Und ohne in den Prozess einzugreifen, wird diese Bewegung selbst zu einer angemessenen Antwort führen. But once you start controlling and thinking and planning, you operate from a very narrow sphere and you follow the line of your habitual attention. And from that position, you can't help but edit what's happening. Wenn man aber sozusagen von gewissen vorweggenommenen Annahmen her operiert, dann kann man nicht anders mehr als sozusagen von einer verengten Position her zu wirken. Und in einer solchen Position geschieht nichts anderes, als dass man die Situation gewissermaßen editiert. If there is nothing to realize, then the intellect needs nothing to meditate on. Wenn es nichts zu realisieren gibt, so braucht der Verstand nichts, worüber zu meditieren wäre. This is very important. As people, we have a lot of work to do. We have a lot of things to develop. Das ist sehr wichtig, denn als Leute haben wir eine ganze Menge zu tun, eine ganze Menge Dinge zu entwickeln. There are many qualities and many ways of being in the world which we can develop Es gibt very viele, usefully. viele Qualitäten, viele Tätigkeiten in der Welt, die wir entwickeln können und die sehr nützlich sein können. But our own nature itself doesn't need any development. Aber unsere eigene Natur braucht an sich keinerlei Entwicklung. So when we feel I need to become a better person, Wenn wir also das Gefühl haben, dass ich eine bessere Person werden sollte, this is a very messy kind of construct. das ist ein sehr chaotisches Durcheinanderkonstrukt. What is a person? Was ist denn eine Person? Even from the point of view of the Theravadan or the Hinayana, there are no people, there's only 5 skandhas. Selbst schon vom Standpunkt des Theravada, des Hinayana, gibt es keine Leute, sondern es gibt nur die 5 Skandhas. So I need to become a better 5 skandhas. Also muss ich die besseren 5 Skandhas werden. From the point of view of the Mahayana, we say we are form and emptiness. Vom Standpunkt vom Mahayana sind wir Form und Leerheit. I can develop my form, but can I develop my emptiness? Ich kann natürlich meine Form entwickeln, aber kann ich meine Leerheit entwickeln? Now there is a very good career available. Eine neue Karrieremöglichkeit. Good morning, I'm an emptiness consultant. Guten Morgen, ich bin ein Leerheitsberater. I'd just like to see, oh yes, I see there's some problems there. Ich muss mal einen Augenblick schauen. Oh ja, ich sehe, dass es da einige Probleme gibt. Yeah, I'm sure this will develop in California. Ich bin sicher, dass es in Kalifornien dafür einen Platz, einen Entwicklungsort gibt. So he's saying that there is nothing to be realized because it is already there from the very beginning. Was es also hier heißt, dass es da nichts zu realisieren gibt, weil es bereits von einem Anfang an da ist. If we look at the formulation, I need to realize my Buddha nature. I need to awaken to who I really am. Wenn wir diese Formulierung anschauen, ich muss meine eigene Buddha-Natur realisieren, ich muss zu dem wahren Seinszustand erwachen. The energy is in the first part of the sentence. Befindet sich die Energie in dem ersten Teil des Satzes. I need to do this. Ich muss das tun. So it's up to me. Es liegt also an mir. But since the mind itself is not created or destroyed, what is it you need to do? Da aber der Geist selbst nicht erschaffen und nicht zerstört wird, was ist es, was wir zu tun haben? It is your own busyness that obscures what is already there. Es ist die eigene Geschäftigkeit, die das verdunkelt, was bereits da ist. This is the essential difference between the paths of the cause and the paths of the result. Das ist der essentielle Unterschied der Pfade der Ursachen und der Pfade des Resultats. The paths of the cause are about generating the accumulations of merit and wisdom in order to have the resources necessary to realize something. Der Pfad der Ursachen handelt davon, sozusagen Vorräte an Weisheit und Tugend zu erschaffen, sodass man die Ressourcen hat, um etwas zu realisieren.
And following the Council of Lhasa, just after the time that Padmasambhava left Tibet, the path of graded effort, the path of Lamrim, became established as the central way of doing things. Und aufgrund des Konzils von Lhasa, etwa zu der Zeit, in der Padmasambhava Tibet verließ, wurde der graduelle Pfad, der Pfad von Lamrim, von stufenweisen Etablieren von Dingen als der zentrale Dharma-Pfad in Tibet etabliert. But Mahamudra doesn't belong in this system. Aber Mahamudra gehört nicht zu diesem System. Our own nature is there from the very beginning. Where are we? Unsere eigene Natur ist da von einem Anfang an. Wo sind also wir? We are looking at something else. Wir schauen nach etwas anderem. We just simply have to look where our nature is. Wir müssen einfach die Blickrichtung auf die Frage wenden, wo ist unsere Natur? And as we looked last night, this is not about looking in terms of subject to object, because the mind itself is not an object. Und wie wir gestern Abend besprochen haben, handelt es sich hier nicht um ein Schauen im Sinne von einem Subjekt, das ein Objekt anschaut, weil der Geist kein Objekt ist. The path is to relax into that which has always been the case. Der Pfad hier ist zu entspannen in das, was immer schon der Fall war. This is not a path of effort. Es ist kein Pfad der Mühe, There is nothing for you to do. gibt nichts, was zu tun wäre. By not doing, by getting out of the way, the natural integration which has always been there will be fully present. Indem wir nichts tun und uns auch nicht in den Weg stellen, wird die natürliche Integration dessen, was schon immer da war, sozusagen automatisch da sein, gegenwärtig sein. Everything is already here, but we constantly distract ourselves by our activity. Alles ist bereits hier vorhanden, aber wir lenken uns ständig durch unsere eigene Aktivität ab. So this is a very different view. This is something very profound and not at all similar to our ordinary way of thinking of life. Das ist eine sehr ungewöhnliche Sichtweise, etwas sehr Tiefgründiges und keineswegs ähnlich der Art und Weise, wie wir unser Leben für gewöhnlich betrachten. I heard that now the farmers have been very busy taking in the hay because they fear that some bad weather is coming. James sagt, ich hörte, dass die Bauern hier sehr geschäftig sind, ihr Heu einzufahren, weil die Vorhersage ist, dass sehr schlechtes Wetter kommen wird. If they don't bring in the hay and heavy rain or hailstones come, this is a lot more trouble. Wenn sie ihr Heu nicht einfahren und es kommen schwere Regenfälle oder sogar Hagel, dann haben sie Schwierigkeiten. So, in life there are many things to be done. Im Leben gibt es viele Dinge, die man tun muss. This is the level of manifestation. Das alles befindet sich auf der Ebene der Manifestation. It's not saying that if you realize, if you awaken to this, everything stops. Das sagt also nicht aus, wenn man zu dieser Wirklichkeit erwacht, dass alles anhalten wird. Eating, sleeping, walking and talking still goes on. Essen, schlafen, umhergehen, sprechen, das alles findet immer noch statt. This is the domain of cause and effect. Das ist das Gebiet von Ursache und Wirkung. But there is no cause to the original nature. Aber es gibt keine Ursache für die ursprüngliche Natur. Your meditation will not cause it. Und unsere Meditation wird sie nicht verursachen. Your meditation won't prepare it in any way. Unsere Meditation wird das auch nicht vorbereiten in irgendeiner Weise. You might think, well, maybe it will prepare me to make me more able to understand it. Wir könnten natürlich denken, es wird mich vorbereiten, damit ich fähiger werde, es zu verstehen. But that's to assume that you know how you have to be in order to awaken to it. Aber das würde voraussetzen, dass wir wissen können, wie wir zu sein haben, damit wir aufwachen können. Saraha says, keeping ordinary mind in its spontaneous original mode, just being yourself, it is unadulterated with any artificial concept. Saraha spricht hier, dass man den gewöhnlichen Geist in seiner spontanen ursprünglichen Sandsweise bewahrt und so ihn unverdorben von irgendwelchen künstlichen Konzepten belässt. Okay, so you're walking down the road, Wir gehen also zum Beispiel hier die Straße entlang, you're looking at the flowers, schauen die Blumen an and then you go off on a little riff in your mind, some daydream. und dann geht es da irgendwie sozusagen in unserem Geist in irgendeine Seitengeschichte, irgendein Tagtraum.
we could say that before you went off into this daydream, you were present with the flowers. Man könnte sagen, bevor wir diesem Taktraum gefolgt sind, waren wir mit den Blumen gegenwärtig. And now you are somehow more distracted. Und jetzt sind wir mehr abgelenkt. Where is this daydream? Wo ist der Taktraum? It's in the mind. Das ist im Geist. Where is the mind? Wo ist also der Geist? Is it up your nose? Das ist etwa eine Nase. When in ancient Egypt, when people died and they were embalming them, they had little hooks they stick up the person's nose and pull out the brain. Im antiken Ägypten, als die Leute mumifiziert wurden, packte man das Gehirn mit einem kleinen Haken und zog es durch die Nase raus. From the very beginning, the unborn mind is not up your nose. Von Anfang an war der ungeborene Geist nicht in unserer Nase. Or if it's up your nose, it's up your bum as well. Oder anders gesprochen, wenn er in der Nase ist, dann ist er in unserem Hintern genauso, Because it's everywhere. weil er überall ist. It's not fixed in any place. All places are within it. Er ist nicht fixiert an irgendeinem Ort, umgekehrt, alle Orte sind in ihm. So don't make discriminations of focused, not focused, distracted, clear. Also macht keine Unterscheidung zwischen fokussiert, nicht fokussiert, abgelenkt oder klar. All of this is the energy of the original nature of the mind. All das ist die Energie des ursprünglichen Geistes. We're not going to say bad energy, good energy. Wir werden nicht sagen, gute Energie, schlechte Energie, It's just energy. bloß Energie. And the one who realizes is free of both object of meditation and meditator. Und jener, der sich gewahr wird, ist sowohl frei vom Objekt der Meditation als auch vom Meditierenden selbst. That is to say, relaxing into this open state, everything becomes the object of meditation. And so there is no object because everything. Und das drückt aus, dass indem man sich in diesen offenen Zustand entspannt, alles zu einem Objekt der Meditation wird und damit ist And there is kein spezifisches Objekt, da alles eins ist. and there is no meditator because the meditator is the open dimension of the mind itself. Und es gibt auch keinen Meditierenden, denn der Meditierende ist die offene Dimension des Geistes selbst. Just as the sky is not an object for the sky, Shunyata does not meditate on Shunyata. So wie der Himmel für den Himmel kein Objekt ist, so meditiert Shunyata nicht über Shunyata. Shunyata is Shunyata. Shunyata ist Shunyata. Our nature is Shunyata. Und das ist unsere Natur, nämlich Shunyata. Within that, everything is present. Und darin ist alles gegenwärtig. It's very important. I mean, modern astrophysics wouldn't agree with this, Das ist sehr wichtig. Natürlich, moderne Astrophysik würde damit nicht übereinstimmen. but the Tibetans use the metaphor of the sun. Aber die Tibeter verwendeten die Metapher der Sonne. The sun is just there. Die It's Sonne, always there. die Sonne ist einfach da und ist immer da It doesn't do anything, und macht gar nichts. but light is radiating from it all the time. Aber Licht strahlt sozusagen von der Sonne ständig ab. This light illuminates all the sky, all the space. Und dieses Licht beleuchtet den ganzen Himmel, den ganzen Raum. And when it touches us, it brings warmth and life. Und wenn dieses Licht uns berührt, dann bringt es Wärme und Leben. So they say in the same way, this natural condition of the mind, or rigpa, the shining quality of the mind, is like the sun. Und so sagen sie, in der gleichen Weise ist diese natürliche Seinsweise des Geistes Rigpa, wie die Sonne. Without any effort, rays shine out from it into the world. This is the clarity of seeing everything immediately. Und ohne jede Anstrengung strahlen von Licht daraus in die ganze Welt und ohne jede Anstrengung ist alles unmittelbar sichtbar und klar. And moment by moment, as we are present with the world, specific items come into more shining arrangement. Und Augenblick für Augenblick, so wie wir mit all dem gegenwärtig sind in der Welt, kommen spezifische Aspekte der Manifestation in eine etwas stärker beleuchtete Situation in der Welt. And this energy manifests in the form of speaking and moving and all the activities of the senses. Und diese Energie manifestiert sich in Form von Sprechen und Bewegung, all der Aktivität der Sinne. Oh.
activity is there and ceaseless, but it doesn't affect the unborn nature of the mind. Aktivität ist da und sie ist auch ununterbrochen, aber sie beeinflusst in keiner Weise die ungeborene Natur des Geistes. The nature of samsara is based on confusion. Die Natur des Samsara basiert aber auf Verwirrung. The confusion of thinking that I am like the mind itself. I am unchanging. The ego says, I'm just me. I've always been me. Nämlich die Verwirrung, dass ich selbst wie der Geist bin, dass ich selbst unveränderlich bin. Das Ego sagt, ich bin ich und ich bin schon immer ich gewesen. And on that basis, I am the one who is at the center. This is where I make a stand. This is what I believe in. Und auf diese Grundlage sagt das Ego, ich bin im Mittelpunkt. Das ist da, wo ich stehe, das ist das, woran ich glaube. But this is just like children playing. Aber das ist das Spiel von Kindern. Because really we are simply the energy of the Dharmakaya. Denn in Wirklichkeit sind wir einfach die Energie des Dharmakaya. Since we came out of our mother's belly, thoughts, feelings, sensations, gestures, movements, speech and so on has been unceasing. Seit wir aus dem Schoß unserer Mutter herausgekommen sind, waren Bewegungen, Gedanken, Sprache, Gesten und so weiter unaufhörlich da. We have not remained the same for even 1 second. Wir sind nicht der gleiche geblieben, auch nur eine Sekunde lang. Our existence is movement. Unsere Existenz ist Bewegung, It is unstable. unstabil, It is influenced by many factors. beeinflusst von vielen Faktoren. You travel to work in the bus and somebody is coughing over your shoulder and then you get a cold. Wir fahren zur Arbeit mit dem Bus, jemand hustet uns an und schon haben wir Erkältung. Someone tells you a joke and you laugh. Someone tells you a sad story and you cry. Jemand erzählt uns einen Witz und wir lachen, jemand anderes erzählt uns eine traurige Geschichte und wir beginnen zu weinen. We're just moving around like seaweed in the currents of the ocean. Wir bewegen uns umher wie Algen in den Strömungen des Ozeans. So, let's not get too inflated about our importance. Also lasst uns nicht allzu aufgeblasen sein über unsere Bedeutung, Wichtigkeit, Relaxing into the natural condition, indem wir uns in die natürliche Seinsweise entspannen, movement occurs automatically. entsteht Bewegung oder erscheint Bewegung automatisch. And this ground nature is not a thing at all. It's nothing to be caught by meditation. Und diese Grundnatur ist nichts an sich, es ist nichts, was man durch Meditation einfangen könnte. You can't meditate on your own nature. Wir können nicht über unsere eigene Natur meditieren. You can only meditate as your own nature, Wir können nur als die eigene Natur meditieren. which is not really a meditation, it's just being there. Und das ist nicht wirklich eine Meditation, sondern es ist einfach Dasein. This non-dual understanding is like milk in water, and thus all things remain unchangingly in the total satisfaction of integration. Dieses nicht-duale Verstehen ist wie Milch im Wasser und so verweilen alle Dinge unveränderlich in der umfassenden Befriedigtheit der Integration. Milk and water is a great obsession in India, Milch und Wasser ist eine große Leidenschaft, Besessenheit in Indien. because the milk sellers, the dudwalas, are always adding water. Denn die Milchverkäufer, die Dudwalas, die verdünnen die Milch immer mit Wasser. And once the water's in the milk, it's very difficult to get it out. Und sobald das Wasser in der Milch ist es sehr schwer, sie wieder rauszukriegen. You can boil the milk, but that changes how it is. Man kann natürlich die Milch kochen, aber das verändert die Milch selbst auch. So as an example, he's saying, when water and milk are mixed together, you can't see where one begins and the other ends. So wie er also hier sagt, wenn Milch und Wasser miteinander vermischt sind, kann man nicht irgendwo feststellen, wo das eine aufhört und das andere anfängt. So one aspect is water, one aspect is milk, one aspect is this unborn spaciousness, the other aspect is movement. From the very beginning they have been together. You can't separate one from the other. Ein Aspekt ist Wasser, ein anderer Aspekt ist Milch, ein Aspekt ist die offene, leere Dimension, der andere Aspekt ist die Bewegung oder Manifestation. Und beide waren immer zusammen vermischt und es gibt keine Möglichkeit, die voneinander zu scheiden. Although we talk about them using language, we have to remember these are not entities, they are not things. Und obgleich wir über diese Dinge sprechen, indem wir Sprache benutzen, muss man sich daran erinnern, dass das keine Entitäten, keine Dinglichkeiten sind.
relying on words will never bring us to awakening. Und indem wir uns auf Worte verlassen oder stützen, wird uns niemals zur Erleuchtung oder zum Aufwachen bringen. Relaxing and opening, immediately there is the non-dual presence. Indem wir uns aber entspannen und öffnen, ist die nicht-duale Präsenz unmittelbar da. Then we start to move about with others and talk. Dann beginnen wir mit anderen zu gehen und zu sprechen. And there are many hooks to start conceptualizing, relying on familiar habits. Und da gibt es natürlich viele Häkchen, um wieder zu beginnen, Konzepte zu entwickeln und sich auf vertraute Gewohnheiten zu stützen. At that point, we need to relax An dieser Stelle müssen wir uns entspannen and not make effort, und keine Anstrengung unternehmen, just stay open. sondern nur offen bleiben. And trust that just as the sun ceaselessly sends out rays, the open dimension of our being will respond. Und uns darauf verlassen oder darauf vertrauen, dass so wie die Sonne ununterbrochen, unaufhörlich Sonnenstrahlen aussendet, unsere offene Natur, what will this open nature do? Lost the It always does the same thing. It will provide whatever is required. Diese offene Natur wird immer bereitstellen, was immer erforderlich ist. Just as in group therapy, very often people find it difficult to speak. So wie in der Gruppentherapie finden die Leute es oft schwierig zu sprechen. They often feel that they don't know what to say, that they should say something important. Sie haben oft das Gefühl, sie wissen nicht genau, was sie sagen sollen, dass sie aber was Wichtiges sagen sollten. So they spend their time trying to prepare in their mind what they should say that would be a good thing and not upset other people. Sodass sie die Zeit damit verbringen, im Geiste nachzusuchen, was könnten sie denn Wichtiges sagen, was aber die anderen nicht irgendwie aufbringen würde. This takes a lot of time, Und das verbraucht eine Menge Zeit. and by the time they have prepared this special thing to say, it's very heavy and important inside them. Und mit der Zeit, in der sie das endlich dann herausgearbeitet haben, was sie gerne sagen möchten, ist dieses etwas schon sehr, sehr schwerwiegenden und Wichtigen geworden. But of course, the conversation in the group is going on. Aber die Unterhaltung in der Gruppe ist bereits weitergegangen. Finally, there is a pause, and they make their important statement. Und dann gibt es vielleicht eine Pause und dann machen sie ihre bedeutende Feststellung. And people say, oh yeah, okay. Und die Leute sagen, aha, so. Because they are completely out of the rhythm of the group. Denn das Statement ist gewissermaßen völlig außerhalb des Rhythmus der Gruppe gemacht worden. When the group's been running for some time and people start to really belong in the group and it has a life of its own, then the conversation is moving much more freely. Wenn aber diese Gruppe für eine Weile schon vor sich gegangen ist und die Leute irgendwie sich mehr als Bestandteil der Gruppe empfinden, dann findet die Unterhaltung sehr viel freier statt. Because instead of feeling outside the group and having to step in, Denn statt sich sozusagen als jemand außerhalb der Gruppe zu fühlen, der den Schritt rein machen muss, they're feeling inside the group and part of the energetic movement. fühlen sie sich eher als ein Teil der Gruppe oder innerhalb der Gruppe und als ein Teil der energetischen Bewegung der Gruppe. This is, if you like, this is an example for thinking about how to be in the world. Wenn man so will, könnte man das als ein Beispiel dafür nehmen, wie man in der Welt sein kann. As long as we're feeling apart and separated and feeling we have to do something important, we are likely to miss the ongoing rhythmic changes of manifestation as it occurs. Solange wir uns als etwas abseits, als etwas Getrenntes von außerhalb fühlen und glauben, wir hätten die Aufgabe, irgendetwas Wichtiges zu verrichten, werden wir sehr wahrscheinlich sozusagen den Rhythmus der Situation verpassen und die Art und Weise und den Moment verpassen, das zu sagen, was wir zu sagen haben. But when we feel part of it, then it comes easily. Wenn wir uns aber als ein Teil davon fühlen, dann kommt es leicht. And so he says, thus all things remain unchangingly in the total satisfaction of integration. Und deswegen sagt er hier, so verweilen alle Dinge unveränderlich in der umfassenden Befriedigtheit der Integration. That is, because there is no difference between this open, unborn, infinite aspect of your existence and your moment-by-moment manifestation, you are grounded and satisfied through all the changes, and so you never step back into isolation. Denn da es da keinen Unterschied gibt zwischen der offenen
Dimension, der unendlichen Dimension und der Ebene der Manifestation sind wir immer sozusagen geerdet und befriedigt und es gibt keine Hürde oder keine Schwierigkeit, sozusagen hineinzutreten und Manifestation geschehen zu lassen. Okay, maybe we do this next short section and then take a break. Wir machen vielleicht hier noch die nächste kurzen Abschnitt und machen eine kleine Pause dann. Secondly, the supreme meditation of never separating from the nature of non-meditation. Zweitens, die überragende Meditation, sich niemals von der Natur der Nicht-Meditation zu trennen. It means always just to stay with what has been understood. Und das bedeutet, immer mit dem zu verweilen, was bereits verstanden wurde. In this way, throughout the 3 times, abide in the limitless original state free of meditation. Verweile auf diese Weise durch die 3 Zeiten hindurch in den grenzenlosen ursprünglichen Zustand, frei von Meditation. To maintain this is what is conventionally called meditation. Dies aufrechtzuerhalten ist das, was konventionell als Meditation bezeichnet wird. Means it just being at home in yourself as you really are, which is not what you think you are. Und das bedeutet, zu Hause bei sich selbst zu sein, so wie man wirklich ist. Und das ist nicht das, was man glaubt zu sein. Then you find that meditation is occurring all the time. Dann findet man, dass Meditation die ganze Zeit über stattfindet. He says, do not restrain the vital winds, do not bind the mind. Dann sagt er hier ferner, schränke die vitalen Winde nicht ein, fessele den Geist nicht. It is to say you don't need to control your breathing, you don't need to focus attention by any form of yoga, you don't have to bind yourself in any way. Und das sagt, man muss nicht die Energie durch bestimmte Atemübungen kontrollieren, man muss nicht sozusagen die Energie durch irgendwelche Form von Yoga steuern oder binden. Man muss die Dinge sich selbst so überlassen, wie sie selbst laufen. But again, this section is about meditation. So it's both what happens when you're sitting on a cushion by yourself and what happens when you're with other people, because in Mahamudra there's no difference between the two. Nun, dieser Abschnitt handelt von Meditation und das hat die 2 Aspekte von was passiert, wenn man auf dem eigenen Kissen sitzt und aber auch was passiert, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist. Im Mahamudra gibt es da keinen Unterschied zwischen den beiden. No. When it says you don't have to bind your mind, it doesn't mean that you're going to go from order into chaos. Wenn es ja also heißt, dass man den eigenen Geist nicht fesseln muss, dann heißt es nicht, dass man sozusagen von Ordnung zu Chaos geht. Because subject and object arise together. Denn Subjekt und Objekt entstehen gemeinsam. You're in the world with others. Man ist in der Welt mit anderen. You don't have to be your own policeman. Also muss man nicht der eigene Polizist sein. You're surrounded by policemen. Wir sind bereits von Polizisten umgeben. Other people can give you feedback if what you're doing is wrong. Andere Leute werden dir ein Feedback geben, wenn das, was du tust, falsch ist. The rule book in your head is not the rule book in anyone else's head. Das Gesetzbuch in dem eigenen Kopf ist nicht das Gesetzbuch der anderen. You don't know what other people will like or not like. Wir können nicht wissen, was andere Leute mögen oder nicht mögen werden. When I was on the plane coming over, there were several small children. Als ich im Flugzeug war hierher, auf dem Weg hierher, waren da einige kleine Kinder. One of the small children was sitting near me and was crying a lot. Eines der kleinen Kinder saß neben mir und weinte eine Menge. In response to this, some of the passengers looked very angry and completely upset. Als Antwort darauf schauten einige der Passagiere sehr zornig und aufgebracht. Others developed very soft faces of concern for the baby. Andere entwickelten sehr sanfte Gesichter, sozusagen als Ausdruck der Sorge für das Kind. Others just say, oh yeah, these things happen, babies do that. Und andere wiederum sagten, naja, diese Dinge geschehen einfach, Kinder machen sowas. Very different rule books. Sehr verschiedene Regelbücher im Kopf. I'm a passenger on this plane and why should I be disturbed? I want to read my paper and these children, they should be somewhere else. Ich bin ein Passagier auf diesem Flugzeug, warum sollte ich mich einer solchen Störung aussetzen? Ich möchte die Ruhe haben, meine Zeitung zu lesen. No. Kinder sollten woanders sein. If the mother feels a bit anxious and she looks at someone who has that mood, she's going to feel her baby is terrible and very disturbing. Wenn die Mutter nun sehr ängstlich ist oder etwas ängstlich ist und dann das Gesicht von einer solchen Person anschaut, dann ist sie vielleicht erschrocken und denkt, dass das Baby etwas Schreckliches tut. What should the mother do? Was sollte aber die Mutter tun?
Nobody knows. Keiner weiß es. Even if all the Buddhas of the 3 times met here together, they say, Wenn alle Buddhas der 3 Zeiten sich hier treffen würden, was könnten sie dazu sagen? there is no perfect answer to these questions of life. Es gibt keine vollkommene Antwort auf diese Lebensfragen. If children can't sleep at night and they want to come into the parents' bedroom, what to do? Should you always put them back? Should you let them stay a little bit? People have many different ideas about these things. Wenn Kinder zum Beispiel nachts nicht schlafen können und gerne in das Bett ihrer Eltern krabbeln wollen, was soll man tun? Soll man sie gleich zurückbringen? Soll man sie eine Weile liegen lassen? Es gibt viele verschiedene Antworten auf diese Fragen. The level of manifestation is a level of change, which means it's a level of uncertainty, which means you cannot know. Die Ebene der Manifestation ist eine Ebene von Veränderung und das bedeutet, dass es eine Ebene auch von Unsicherheit ist und das bedeutet, dass man es nicht wissen kann. Thinking that you should know when you can't know is a form of self-torture. Und zu denken, dass man wissen sollte, wenn man eigentlich nicht wissen kann, ist eine Form der Selbstquälerei. So, he's saying, don't bind the mind, be in contact, be present with the evolving field. And energy, if you're relaxed and open, your energy will correspond. Also was er hier also sagt, ist, fessle nicht deinen Geist, sondern sei in Kontakt mit dem sich entwickelnden Feld und wenn du wirklich offen und entspannt in Kontakt mit dem, was sich darbietet bist, dann werden sich die angemessenen Antworten schon einstellen. And he says, keep non-artificial awareness as you would a child. Und dann heißt es hier, halte ungekünstelte Bewusstheit so, wie du ein Kind halten würdest. This is while one is developing the capacity of this meditation, you have to be present all the time because, excuse me, you're likely to slip off into distraction, but be very, very gentle in bringing yourself back to a focused awareness. Das drückt aus, dass wenn man also seine Fähigkeit in dieser Art von Meditation entwickelt, man einerseits sehr gegenwärtig sein muss, aber dann auch diese Gegenwärtigkeit, die natürlich immer wieder verloren geht durch Ablenkung, auf eine sehr sanfte Weise zurückbringen muss in die fokussierte Aufmerksamkeit. Because we're always avoiding the 2 extremes. If you're too tight and too severe and angry with yourself, that won't help. Denn wir versuchen immer die beiden Extreme zu vermeiden. Wenn man zu angespannt, zu heftig, zu zornig mit sich selber ist, das wird nicht wirklich helfen. And if you're self-abandoning and self-indulgent, that won't help either. Und wenn man sich selbst aufgibt oder in sich selbst, in sein Bedürfnis schwelgt, dann wird das auch nicht so sehr helfen. So he says, when thoughts and recollections arise, keep the presence of your own real nature. Daher sagt er, wenn Gedanken und Erinnerungen auftauchen, bewahre die Gegenwärtigkeit deiner wahren Natur. Do not create any difference between the water and the wave. Erschaffe keinen Unterschied zwischen dem Wasser und der Welle. Whatever is arising is just the manifestation of the openness, and it will go back into the openness. Was immer entsteht, ist nichts als eine Manifestation der Offenheit und es wird zurückgehen in die Offenheit. There was emptiness before it arose, it arises as a mode of emptiness, and then it goes back into emptiness. Es gab Leerheit, bevor es entstand, es entsteht als eine Modalität, als eine Seinsweise der Leerheit und es wird zurückfallen in die Leerheit. So don't get interfering. Recognize the emptiness of all phenomena in their manifestation. Also greife nicht ein, sondern erkenne die Leerheit aller Erscheinungen in ihrer Manifestation. And through that, relax the nervous habit of over-involvement and overactivity. Und entspanne daher oder hierdurch diese nervöse Gewohnheit von Überaktivität oder Überinvolviertheit. Okay, we take a break till 11:45. The path of Mahamudra. Als drittes, den Pfad von Mahamudra durch Beispiele illustrieren. So he says, the real nature is free of reifying the ordinary mind. That's free of that. It completely liberates the 3 principles of interaction. Darin heißt es, die wahre Natur, die frei von der Verdinglichung des gewöhnlichen Geistes ist, befreit vollständig die 3 Prinzipien des Wechselwirkens. And these 3 are the subject and object and their connection.
Hier geht es um das Prinzip von Subjekt-Objekt und deren Verbindung. And they're seen as three overlapping, interacting circles. Und diese drei werden als drei sich überlappende, wechselwirkende Sphären betrachtet. Because this is what our lives are based on, a sense of who we are, a sense of what the other or the situation is, and then what the relationship is. Denn das ist, worauf unser Leben zu basieren scheint. Nämlich ein Gefühl dafür, wer wir selbst sind, ein Gefühl dafür, wer die anderen sind und oder das andere ist und ein Gefühl dafür, wie unsere Wechselwirkung mit dem anderen stattfindet. Certainly in English, the word relationship becomes used more and more frequently and is seen to be very important. Oder wie unsere Beziehung mit dem anderen ist. Und in England jedenfalls scheint das Wort Beziehung immer wichtiger und immer häufiger benutzt. But the thing about the relationship is it's a kind of bridge between two islands. Nun, Beziehung scheint eine Art Brücke zu sein zwischen zwei Inseln. So it's about what's going on between us. Das heißt, die handelt davon, was geht zwischen uns vor sich. I write a little note on paper and I fold it into making an airplane and I fly it over to your desk. Then you write something on it and fly it back to me. Ich schreibe eine kleine Notiz auf Papier, dann falte ich das zu einem kleinen Flieger und lasse ihn zu deinem Schreibtisch fliegen. Dann schreibst du etwas da drauf und schmeißt es wieder zurück zu mir. So we often have the sense something is going between us, but we remain essentially ourselves. Das heißt, wir haben das Empfinden, dass irgendetwas zwischen uns vor sich geht, aber wir selbst, essentiell wir selbst bleiben. Now, if you take a more systemic reading, you have a sense that as soon as we are as soon as we meet, a new system is established, which is the us. Aber wenn wir mehr eine systemische Sichtweise einnehmen, dann können wir das anders interpretieren und sagen, sobald irgendetwas zwischen uns vor sich geht, wird ein neues System etabliert und das ist das System Wir. And you might think that this is self-evident. Und wir könnten vielleicht denken, das ist offensichtlich. But in my work with couples, I see people who've been married for 10 years, 20 years, and they don't have any sense of we. Aber es gibt eine andere Erfahrung, denn in meiner Arbeit mit Ehepaaren, die manchmal 10, 20 Jahre verheiratet sind, haben die keinerlei Empfinden für das Wir. Each person lives in their own world, sending occasional messages to the other. Jede Person lebt in seiner eigenen Welt und sendet gelegentlich Botschaften zu dem anderen ab. And of course, that's a very lonely place to be. Es ist ein sehr einsamer Ort. But even if you have the felt sense of a dynamic, linked system with interaction, Aber selbst wenn man eine Empfindung eines verbundenen Systems mit einer eingeschlossenen Wechselwirkung hat, you're still dealing with the permeability of the self-membrane of each of the main parties. hat man es immer noch mit der Permeabilität, mit der Durchlässigkeit von den Selbstmembranen der beiden Beteiligten. And what he's saying here is that because this real nature, which is not inside us, it's not our personality, but it is the ground out of which we arise and is our true nature, because it's not reified, it's not a thing, it cannot stand in relation to anything else. Was es aber hier ausdrückt, dass diese wahre Natur, die ja nicht innerhalb von uns ist, sondern der Grund ist, auf dem alles, was wir erfahren, ersteht, da es sozusagen nicht in uns ist und nicht zu einem Ding gemacht werden kann, kann sie auch nicht in Beziehung zu irgendetwas anderem stehen. So, for example, in the hospital where I work, we have to make some changes to the audit system. Zum Beispiel in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, müssen wir einige Veränderungen in diesem System der Anhörung machen. Because most therapists don't want to do the final questionnaires with the patient. Denn die meisten Therapeuten möchten nicht diese Abschlussbefragung bei den Patienten durchführen. There's always some reason why it doesn't happen. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum es nicht geschieht. But then in terms of the modern system, we can't show any clear outcomes from all the work we do. Aber im Sinne eines modernen Systems der Evidenz können wir keinerlei Evidenz zeigen, was bei unserer Arbeit herausgekommen ist. So clearly I could feel I have a problem with this because
I had this little unit and it's my responsibility. Und natürlich kann James das Gefühl haben, ich habe ein Problem damit, denn ich bin der Leiter dieser kleinen Einheit und ich habe Verantwortung dafür. And if I take that position, then I start to get pretty pissed off with the people who don't do what they should do. Und wenn ich diese Position einnehme, dann werde ich anfangen, wirklich ziemlich angepisst von den Leuten zu sein, die das nicht tun, was sie tun sollten. And take it personally, because in some ways they're undermining me, they're attacking me, and they're giving me more work to do. Und ich würde es persönlich dann nehmen, denn in gewisser Weise unterminieren sie meine Arbeit, sie attackieren mich und geben mir auch noch mehr Arbeit zu tun. And you can see, as soon as your own position gets determined, the interaction with the other takes on a particular impactful quality. Und wir können also so auf die Weise sehen, dass sobald die eigene Position determiniert ist, die Wechselwirkung mit anderen von einer gewissen Wucht, von einer gewissen Eindringlichkeit oder Eindrücklichkeit gekennzeichnete Qualität annimmt. But what's important is to be relaxed and spacious. Was dabei wichtig ist, dann aber entspannt und raumhaftig zu sein, Just experience, well, this is how we are. zu erfahren, aha, das ist, wie es hier ist. People are not very efficient. Leute sind nicht sehr effektiv. What would make them more efficient? Was kann die Effizienz steigern? You have to tickle them a little bit. Man muss ja ein bisschen kitzeln. You can only tickle them if you feel friendly towards them. Man kann sie nur kitzeln, wenn man Freundlichkeit ihm gegenüber empfindet. We're only going to feel friendly towards them if we're all part of the same system. Aber wir können diese Freundlichkeit nur dann empfinden, wenn wir uns als Bestandteil eines gleichen Systems fühlen. But I'm pissed off with them because they're attacking me. Aber ich bin angepisst von ihnen, weil sie mich angreifen. Well, in life, there's always these two pathways opening up. Das heißt, im Leben werden sich immer diese zwei Pfade gleichzeitig eröffnen. When I was a teenager, I remember when I was about 16, I had been walking in the hills and then I met my parents to have a holiday. Und erinnert sich, als er Teenager war, etwa 16, da war er in den Hügeln und gemettert. Yeah, and they were meeting my brother and we all met together, the four of us. Und dann er war in den Bergen, dann traf er sich mit der Familie, um zusammen Ferien zu verbringen. And I had been walking from Scotland down into England along this long hill path. Und er lief also da von Schottland nach England entlang von diesem Pfad, den es da gibt. And I've been doing it on my own, going really hard through all this mud and the tops of the hills, and I was feeling just me. Und er hatte also da harte Arbeit, da diesen Pfad bewältigen durch diesen ganzen Schlamm und auf den Bergen. Er hatte das Gefühl, ich bin ich. And when I met my family, I had an even more intense feeling, how can I be part of this? Who are these people? Und als er seine Familie traf, hatte er sogar noch ein intensiveres Gefühl, wie kann ich ein Teil davon sein? Wer sind diese Leute? I've already spent 16 years with these people. This is impossible. Ich habe bereits 16 Jahre mit diesen Leuten verbracht, das kann doch nicht wahr sein. So I was a real pain to them for that holiday. Und ich war wirklich für sie ein großer Schmerz in diesen Ferien. Because how can we be ourselves with others? Wie können wir selbst sein mit anderen? This is the most challenging aspect of our human situation. Das ist der herausforderndste Aspekt unserer menschlichen Situation. If we're close to people, they will change us. Wenn wir Leuten nahestehen, werden sie uns verändern. This is where this kind of practice is very helpful. Und das ist der Punkt, an dem diese Art von Praxis sehr hilfreich ist. Because it's saying, this you that is going to be changed in the interaction is not a fixed thing. Denn es sagt uns, dieses Du, das verändert wird im Verlauf der Wechselwirkung, ist kein fixiertes Ding. It's always being changed. Es verändert sich ohnehin die ganze Zeit. You are change. Du bist Veränderung. That's why Mr. Obama in America is a bit crazy. Das ist, warum Mr. Obama in Amerika ein wenig verrückt ist. He wants to bring change to a situation that's always changing. Er will in eine Situation, die sich stets verändert, Veränderung bringen. That's a good thing to sell in the market. Das ist zwar gut, um es auf dem Markt zu verkaufen. So, everything is beyond reification. There are no entities. So subject, object and movement is a ceaseless unfolding in which it's never concretized into separate entities.
Also, alles befindet sich jenseits von Verdinglichkeit. Alles ist einer ständigen Veränderung unterworfen, denn Subjekt und Objekt ist eine ständige Bewegung, die sich jeder Art von Konkretisierung oder Substantialisierung entzieht. Then he says, in Mahamudra, the mind is not set to work, and there is not the least atom of meditation practice, so there is no meditation. Und dann heißt es hier, in Mahamudra wird der Geist nicht zur Arbeit angehalten. Es gibt nicht das kleinste Atom von Meditationspraxis und so gibt es also auch keine Meditation. That is to say, the mind is left in its own place, and the energy of the mind comes free. Und das drückt aus, dass der Geist an seinem eigenen Ort belassen wird und die Energie des Geistes freigesetzt ist. You cannot set the mind to work. Man kann den Geist nicht zur Arbeit anhalten. But when you say, I have to do this is really important, it is as if you are setting the mind. Aber wenn wir sagen, ich muss dieses tun, das ist wirklich wichtig, dann stellt es sich so dar, als würden wir den Geist zur Arbeit anhalten. And because of that, meditation happens by itself. Because meditation here means simply being present with whatever is occurring. Und deswegen erscheint Meditation aus sich selbst heraus. Denn Meditation hier bedeutet, gegenwärtig zu sein in allem, was erscheint. And so it says there is no meditation. Und daher heißt es gibt keine Meditation. The supreme meditation is never to be separated from the nature of non-meditation. Die höchste Meditation ist, niemals von der Natur der Nicht-Meditation getrennt zu sein. That is to say, stop being busy, stop being active, don't get in the way. Just trust that things will be okay. Und das heißt, hör auf, geschäftig zu sein, hör auf, dich ständig in den Weg zu stellen, vertraue darauf, dass die Dinge aus sich selbst heraus in Ordnung sein werden. But this means trust that things will be okay without knowing how they will be. Aber das bedeutet, vertraue darauf, dass die Dinge in Ordnung sein werden, ohne zu wissen, wie sie sein werden. This doesn't mean that your own energy isn't going to be part of that process. Und das bedeutet natürlich nicht, dass die eigene Energie nicht ein Bestandteil dieses Prozesses werden wird. It's not about waiting passively for other people to decide your life and impact you. Es geht hier also nicht darum, passiv darauf zu warten, was andere Leute für uns entscheiden werden und in welche Weise sie unser Leben beeinflussen werden. But experiencing yourself coming into manifestation by being part of what is going on. Sondern es geht darum, sich selbst zu erfahren als ein Teil, als Bestandteil dieser Manifestation in dem Prozess von dem, was vor sich geht. So he says, non-dual, spontaneously co-emergent, this is the flavor of complete satisfaction. Und so sagt er hier, nicht dual, spontan, koemergent, dies ist der Geschmack vollständiger Befriedigtheit. Non-dual means, as we've looked before, the non-separation between the open dimension and the movement. Und nicht dual bedeutet hier die Nichtgetrenntheit von offener Dimension und Bewegung. And spontaneous co-emergence means, as subject and object are together, there is a revelation which is spontaneous. It's in the moment. It doesn't need to be prepared somewhere else in some previous moment. Und spontan konvergent bedeutet, dass da Subjekt und Objekt gemeinsam erstehen, gibt es immer die spontane, aus dem Augenblick erstehende Enthüllung dessen, was da ist. Und es gibt nichts, was irgendwie im Vorhinein vorbereitet werden müsste oder dafür vorgesorgt werden müsste. Because movement and unfolding is what we are. Denn Bewegung und Entfaltung ist das, was wir sind. Now, we have to be clear. Preparation is also a dynamic movement. Nun müssen wir uns klar darüber sein, dass Vorbereitung auch eine dynamische Bewegung ist. If you are a school teacher and you're preparing a lesson for the next day, Wenn wir ein Schullehrer sind und wir bereiten eine Unterrichtsstunde für den nächsten Tag vor, the task is to prepare the lesson in a way that remains fresh and alive for you, so that when you bring it into the class, you have it in a light, responsive way that can work with the energy of the class. und die Aufgabe hier ist, die Stunde so vorzubereiten, dass sie für einen selbst spontan und frisch bleibt. Und wenn wir diese Stunde dann am nächsten Tag in die Klasse einbringen, wir immer noch die Fähigkeit haben, mit der Energie der Klasse mitzugehen und auf die angemessene Weise die Stunde abzuhalten. That is to say that freshness and spontaneity is in every activity. Und das drückt aus, dass Frische und Spontanität in jeder Aktivität ist.
everything is for the first time. Alles, was passiert, ist das erste Mal. Each time you clean your teeth for the first time. Jedes Mal, wenn wir die Zähne putzen, machen wir es zum ersten Mal. If you do that, you can smell the toothpaste. Wenn man das so macht, dann kann man auch die Zahnpasta riechen. You can feel the difference between the upper and lower gums. Wir können den Unterschied zwischen den Ober- und Unterkiefer fühlen oder die Gaumen fühlen. Because you are there with what is going on. Denn wir sind dabei mit dem, was passiert. You're not on automatic pilot. Wir sind nicht auf Autopilot geschaltet. Okay? So, when water is put into water, there is just one flavor. And similarly, when you are fully merged in the natural state, the mentation of expectation and concrete conceptualization is completely terminated. Wenn Wasser mit Wasser vermischt wird, gibt es nur einen Geschmack. In der gleichen Weise, wenn du völlig mit der natürlichen Seinsweise verschmolzen bist, sind die mentalen Vorgänge des Erwartens und der konkreten Verbegrifflichung vollkommen beendet. This is saying, when you trust spontaneity, when you trust that it will be sufficient unto the day, then you don't need to be full of expectations. Das drückt aus, wenn du darauf vertrauen kannst, auf deine Spontanität vertrauen kannst. Wenn du vertrauen kannst, dass du sozusagen der Aufgabe des Tages gewachsen bist, dann brauchst du auch nicht viele Erwartungen zu hegen. Because the world is always changing. Die Welt verändert sich ohnehin die ganze Zeit. Even when I prepare my invoices and so on and take them to my accountant, Selbst wenn ich meine Rechnungen vorbereite und zu meinem Wirtschaftsberater mitnehme, it's not the same thing es ist every year ist nicht dasselbe jedes Jahr, because the tax rules change. weil sich die Steuerregeln verändern. And he says, oh, maybe you should do something different. You don't have to do it this way. Und dann wird er vielleicht sagen, du musst das und das vielleicht etwas anders machen, vielleicht musst du es nicht wieder so machen. So what I prepare is always tentative. Was ich also vorbereite, ist immer gewissermaßen tentativ, es ist eine Möglichkeit. This doesn't mean anxious. It just means I'm not holding it too tightly. Das bedeutet nicht, dass ich ängstlich bin, sondern es bedeutet nur, dass ich nicht allzu fest daran festhalte. That is to say, it's a gesture. Es ist eine Geste sozusagen. It's not definite. Es ist nichts Bestimmtes. And the gesture meets other gestures and they move together. Und eine Geste begegnet einer anderen Geste und sie bewegen sich gemeinsam. If I'm overcommitted to things, if I think I know how they're done, then the change becomes an attack on my sense of what it is. Wenn ich überengagiert bin oder übermäßig verpflichtet bin der Art und Weise, wie ich die Dinge tue und die Dinge verändern sich, dann werde ich diese Veränderung als einen Angriff auf mein Wissen über das So-Sein der Dinge empfinden. So being profoundly relaxed in this open state, one moves in relation with whatever is going on. Indem man also auf tiefgründige Weise in diesem offenen Zustand entspannt ist, kann man sich in Beziehung zu allem, was vor sich geht, entsprechend bewegen. And so, in this way, the role of the earth element is diminished. One integrates in space, and there is more freedom and more trust for the movement of water, fire, and wind. In dieser Weise ist die Rolle des Erdelements etwas verringert. Man integriert sich in den Raum und auf diese Weise haben auch die Elemente von Wasser, Feuer und Wind auch mehr Freiheit zur Bewegung. Then we come to section C of this second part, Dann kommen wir jetzt zum Abschnitt C des zweiten Teils. and there are three aspects to this. Und es gibt hier auch drei Aspekte. Now, Saraha was living the later part of his life as a yogi. Und Saraha selbst lebte den größeren Teil seines Lebens als Yogi. But somehow he couldn't stop organizing his writing in a very academic way. Aber irgendwie konnte er nicht sein lassen, seinen Schriftum in einer sehr akademischen Weise zu organisieren. Which is why we have all these sections. Und das ist der Grund, warum wir all diese Einteilungen haben. Okay, so the first part of this is to show that the conduct of Mahamudra is not fixed by rule. Und der erste Abschnitt sagt, erstens zu zeigen, dass das Verhalten in Mahamudra durch keine Regel fixiert wird. This is wonderful. Es sagt, wunderbar. The yogis who abide in the unchanging nature of non-duality have not the least taint of accepting and rejecting. Die Yogins, die in der unwandelbaren Natur der Nicht-Dualität verweilen, weisen nicht den geringsten Makel von Akzeptieren oder Ablehnen auf. In general, one should say yes. Allgemein sollte man Ja sagen. Because if
you are not grounded in your own prejudice, then why not be in a boring situation? Denn wenn man nicht sozusagen sich in den eigenen Vorteil wurzelt, warum sollte man sich nicht auch in einer langweiligen Situation befinden? And what's boring for you may be very helpful for someone else. Was für dich langweilig ist, vielleicht für andere sehr hilfreich. When I was a horrible teenager, being very true to myself, I was very unpleasant to my parents. Als ich ein furchtbarer Teenager war, horrible to Teenage, I was horrible to my parents war ich furchtbar für meine Eltern, because it felt that there was a battle for power between us. denn es fühlte sich so an, als wäre da ein Machtkampf zwischen uns. Because certain things I just didn't want to do. Denn es gab da gewisse Dinge, die wollte ich einfach nicht tun. I wouldn't be me if I did these things. Ich wäre nicht ich, wenn ich diese Dinge getan hätte. And of course, on a relative level, that's completely true. Natürlich, auf einer relativen Ebene ist das auch That völlig wahr. we manifest as a composite out of our prejudices, our conditioning, our training, likes, dislikes, and so on. Dass wir als eine Zusammenfügung von unseren Vorurteilen, unseren Erziehung, Training, Wissen und Lebenssituationen, was immer noch erscheinen. But there's not much scope for compassion in that, Aber darin gibt es nicht viel Raum für Mitgefühl. because it's so self-referential. Hier ist die Selbstbezüglichkeit so stark. So what he's saying here is, because of this great satisfaction, because of being at peace in oneself, one's gestures into the world are for the other. Und hier sagt es aber, weil man in diesem Zustand diese große Befriedigkeit ist, weil man sozusagen in sich Frieden ist, kann man diese Geste nach außen in die Welt machen. And so one can go along with what is going on. Und dann kann man mit allem, was vor sich geht, mitgehen. Eat what other people eat, Essen, was andere essen, talk about the things that other people talk about. darüber sprechen, worüber andere sprechen wollen. One doesn't have to have a very strong position of one's own. Man muss keine eigene, sehr starke Position aufrechterhalten. He says, I neither hold nor discard any phenomena, so I do not tell you, my sons, to do anything. Ich halte an keiner Erscheinung fest, noch lehne ich sie ab, und so heiße ich euch, meine Kinder, nicht irgendetwas Bestimmtes zu tun. That is to say, he's a great scholar, a great yogi, years and years of life experience, but he's not going to tell people what to do. Und das sagt aus, dass er, obgleich er ein großer Gelehrter und auch ein großer Yogi ist, Jahrzehnte Erfahrung hat, wird er anderen nicht sagen, was sie zu tun haben. Not because he's saying, oh, you have to find your own way and through that you will develop a sense of your own identity. Nicht, weil er sagen will, dadurch, oh, ihr müsst euren eigenen Weg finden und dadurch einen eigenen Sinn für eure Identität entwickeln, But only you are in that situation. sondern er sagt einfach nur, du bist in deiner Situation. This is a question that comes up in terms of the supervision of therapists. Das ist ja auch ein Aspekt, der immer aufkommt, wenn man Supervision von Therapeuten macht. The more structured the kind of therapy, the more it's done by a rule book like cognitive behavioral therapy, Je strukturierter die Therapie ist, desto stärker folgt sie gewissen Regelbüchern, wie etwa die kognitive Verhaltenstherapie. the therapist, the supervisor can tell the therapist what they should do in the next session. Da kann der Supervisor dem Therapeuten sogar sagen, was er in der nächsten Sitzung unternehmen sollte. But in other forms of therapy, where the therapist is being very present with the patient, Aber in anderen Formen von Therapien, wo der Therapeut sehr gegenwärtig mit dem Patienten ist, the supervisor can only help to unpack some of the complexities that might be in the field and try to help the therapist loosen up and be more available. kann der Therapeut lediglich helfen, sozusagen gewisse komplexe Aspekte des sich entfaltenden Feldes zu entpacken und dem Therapeuten zu helfen, sich etwas zu entspannen, lockerer zu werden, um mehr für den Patienten verfügbar zu sein. Because the engagement in supervision and being in the patient, with the patient in the room, these are completely different events in time and space. Denn das Engagement in Supervision und das Zusammensein mit dem Patienten vollständig verschiedene, in Bezug auf Raum und Zeit verschiedene Ereignisse sind. And the person who comes for supervision and the person who is in the room as the therapist are not the same.
Und die Person, die für die Supervision kommt und die Person, die als Therapeut im Raum anwesend ist, sind nicht dieselbe Person. Because we arise into our being in the context. It is co-emergent. Denn wir stehen in unser Sein immer in einem Kontext, es ist immer koemergent. And therefore, nobody can tell in that setting, nobody can say to the therapist, this is what you should do. Und daher kann eigentlich niemand in diesem Setting einem Therapeuten sagen, das ist, was du tun solltest. Because this revelation, moment by moment, is naked. Denn diese Enthüllung, Moment für Augenblick ist immer nackt. It's raw. It's not covered by anything. It's just this. Es ist etwas Raues, es ist etwas, was nichts durch irgendetwas anderes bedeckt ist. Es ist einfach dies. And so the more we are relaxed and open, we trust this is how to be. Und je entspannter und offener wir sind, desto stärker können wir darauf vertrauen, dass es die Art und Weise, wie zu sein ist. So this is a very profound encouragement to be at home in yourself as the basis for being at home in the world. Und es ist eine sehr tiefgründige Ermutigung, zu Hause in sich selbst zu sein, um auch in der Welt zu Hause zu sein. So then he says, just as this jewel, the mind, has no substantial reality, so the conduct of a yogi is also devoid of substantial reality. Und dann sagt Saraha, so wie dieses Juwel der Geist keine substanzielle Wirklichkeit aufweist, so ist auch das Verhalten eines Yogis bei jeder substanziellen Wirklichkeit. On one level, because we are social beings, it's important that we don't disturb other people too much, and also the opinions that other people have of us have some significance. Auf einer Ebene, weil wir ja soziale Wesen sind, ist es sehr wichtig, dass wir andere Leute nicht so sehr aufstören, und auch sind die Meinungen, die sie über uns haben, in gewisser Weise auch bedeutend. If we don't pay any attention to these two aspects, we're going to be very unpleasant to be near. Wenn wir nicht diesen beiden Aspekten eine gewisse Beachtung zollen, werden wir eine sehr unerfreuliche Erscheinung für andere sein, in der Nähe man sich nicht unbedingt gerne aufhält. But on the other hand, you can't please everyone. Auf der anderen Seite kann man nicht jeden erfreuen. This is really, really important. You can't please everyone Das ist wirklich, wirklich wichtig zu sehen, dass man nicht jeden erfreuen kann, because other people have different rule books in their head. weil andere Leute andere Regelbücher in den Köpfen haben. That's just a fact. Das ist eine Tatsache. The way you construe the world, or in Buddhist language, the particular patterns of conditioning, of samskaras, of patterns that you have built up, are different from those of other people. Die Art und Weise, wie wir die Welt konstruieren, oder um es buddhistisch auszudrücken, die Art und Weise, wie unsere Sanskaras, unsere Muster beschaffen sind, die Bedingtheiten oder Konditionierungen beschaffen sind, ist für jedes Individuum verschieden. When being comes into the world, it always comes in fragments. Wenn Sein in die Welt tritt, kommt es immer in die Welt in Fragmenten. This is one of the great themes of Heidegger. Das ist eine der großen Themen von Heidegger. And you find it also in the stories of Dionysus, Und man findet sie auch in den Geschichten von Dionysus, where Dionysus is, there are different versions of the story of Dionysus, but Dionysus is the son of Zeus. Es gibt verschiedene Fassungen von dieser Geschichte, aber grundlegend Dionysus ist ein Sohn von Zeus Is destroyed by the Titans. und wird von den Titanen zerstört. He's torn to pieces and scattered. Er wird in Stücke zerrissen und zerstreut. His father Zeus finds his heart and cuts a hole in his thigh and keeps the heart safe in there. Und Vater Zeus findet sein Herz und schneidet sich ein Loch in den Oberschenkel und bewahrt dort sein Herz. We also know in the story of Orpheus that after he comes back from the underworld, he's torn to pieces by the dogs as a punishment. Out of the envy for his relation with music. Wir kennen auch die Geschichte von Orpheus, der, als er aus der Unterwelt wieder zurückkommt, von Hunden zerfleischt wird, weil aufgrund von Eifersucht auf seine Musik. In ancient Egypt, we also have the great god being torn to pieces and scattered.
Auch im antiken Ägypten haben wir die Sage von dem großen Gott, der in Stücke gerissen wird und verstreut wird. In Hinduism, we also have the story of Parvati, the wife of Shiva, that when she dies, Shiva holds her in his arms and keeps dancing, and he won't stop. Nobody can interrupt him. Und wir haben auch in der hinduistischen Mystik die Mythologie, die Geschichte von Parvati, die stirbt, und also die Gattin von Shiva, und Shiva hält sie in den Arm und tanzt, sodass niemand ihn anhalten kann und unterbrechen kann. And he holds her for such a long time that her body starts to rot, and so bits of it fall off. Und er hält sie so lange in den Armen, dass ihr Körper anfängt zu verwesen und Stücke davon wegfliegen, wegfallen. And they fall all over India. Und sie fallen überall in Indien irgendwo hin. And the 8 main parts of her body form the 8 great cemeteries. Und die 8 großen Bestandteile des Körpers formen die großen 8 Bestattungsstätten. You know, where I lived with Lama, one of her knuckles fell. Und in der Gegend, wo James mit Lama lebte, ist einer von den Fingerknochen runtergefallen. And we used to go there and do practice in this little sacred place. Und wir pflegten dorthin zu gehen und an diesem geheiligten Ort zu praktizieren. And in the Tibetan tradition, there is the carving up of the body of the first form of the demonic force, which is then scattered all over India. Und in der tibetischen Tradition gibt es da die Sache von dem Schnitzen oder Entstehen von der ersten dämonischen Kraft, die dann, also in Stücke teilen der ersten dämonischen Kraft, die dann in ganz Indien verteilt wird. You can understand these stories in many different ways. Man kann diese Geschichten auf verschiedene Weise verstehen. But each of these figures represents a kind of symbolic integrity. Aber jede dieser Figuren repräsentiert eine Art symbolische Integrität. On one level, they seem to have everything. Also Ganzheit, und auf eine gewisse Weise scheinen sie mit allem ausgestattet zu sein. But they can't live in the world as everything. Aber sie können nicht in der Welt als alles leben. They have to be in pieces. Sie müssen in Stücke geteilt sein. This is our existence also. Und das ist auch unsere Existenz. No one knows us. Niemand kennt uns. People know bits of us. Leute kennen Teile, Stückchen von uns. They have some experience with us. Sie haben gewisse Erfahrungen mit uns. We also don't know ourselves. Und wir kennen auch uns selbst nicht. When you're walking down the street, you can't see what your own bum looks like. Wenn wir die Straße lang laufen, können wir nicht sehen, wie unser Hintern gerade ausschaut. You'll never see your own face. Und du siehst niemals dein eigenes Gesicht. All you'll see is a photograph or a reflection in a mirror. Alles, was du sehen kannst, ist eine Fotografie oder eine Spiegelung im Spiegel. Your face belongs more to other people than it does to you. Dein Gesicht gehört anderen Leuten mehr als dir selbst. That is to say, you are little fragments, shining. Das bedeutet, du bist immer ein kleines Fragment, strahlend. Last night, some of us were sitting around the fire. Letzte Nacht saßen einige von uns um das Feuer herum. And there were many sparks coming up from the fire. Und vom Feuer stiegen viele Funken auf. And some of them came in long turning lines, like bits of damp spaghetti. Und manche von ihnen kamen in so richtig langen, gewundenen Linien wie so eine Art Spaghetti. This force of manifestation in the Tibetan is linked with the idea of the Nirmanakaya, of the Trulku, that out of the Dharmakaya, many nirmita or sparks of manifestation come into the world. Und diese Kraft der Manifestation wird im Tibetischen oft als illusorischer Körper, als Trulku, als Nirmanakaya bezeichnet, nämlich etwas, wo die Nirmita, also die funkelnde Manifestation in die Welt aus der Strahlkraft des Dharmakaya herauskommen. The infinity of the Dharmakaya is never something you can catch. Die Unendlichkeit des Dharmakaya ist niemals etwas, das wir zu fassen kriegen könnten. And how we are in the world also is just like sparks from the fire. You can't catch them out. Und so wie wir in der Welt sind, ist auch wie Funken aus dem Feuer. Wir können sie auch nicht zu fassen kriegen. Only bits, only moments, only gestures.
immer nur Stückchen, immer Momente, immer Gesten. In that way, we are constantly being torn to pieces by life. In dieser Weise werden wir ständig in Stücke zerrissen durch das Leben. Because how I am here with you is not how I'm going to be in the airport. Denn so wie ich hier mit euch bin, wird nicht sein, wie ich sein werde, wenn ich am Flughafen bin. When I go into the airport, big place, immediately my body is going to be a little bit tighter, my breathing will change. What is there to look at? Maybe I read a book, but do I have to go? I don't feel like that here. I feel very happy here. Denn wenn ich am Flughafen sein werde, ist ein großer Ort und vielleicht wird mein Körper etwas angespannter sein, vielleicht werde ich etwas anders atmen, vielleicht werde ich nicht genau wissen, was ich jetzt tun soll, vielleicht werde ich jetzt ein Buch lesen, aber dann auch denken, oh, ich muss auf die Zeit achten, vielleicht muss ich dann wieder los. Sicher werde ich nicht so sein wie hier, wo ich mich sehr wohl fühle und glücklich bin. Our existence is situational and contingent. Unsere Situation ist immer situationsbedingt und sozusagen den Umständen geschuldet. And so it means that our behavior is just these moments of responsiveness. Und das bedeutet, dass unser Verhalten immer diese Augenblicke von Empfänglichkeit, von Reaktivität sind. And because they're happening in new, fresh situations, you can't know if it's right or wrong. Und dass sie immer in neuen, frischen Situationen geschehen, können wir nie wissen, ob sie richtig oder falsch sind. And other people will respond to it according to their mood, their fantasy. Und andere werden darauf reagieren, antworten, entsprechend ihrer Stimmung, ihrer Fantasie. So he's saying, trust that relaxation and integration into the ground is a more reliable basis of ethics than anxiously wondering what other people make of you. Und daher ist es wichtig zu vertrauen, dass die Entspannung und das sich öffnen im Grund eine zuverlässigere Grundlage für ethisches Verhalten darstellt, als das ängstliche Überwachen dessen, was andere Leute von einem gerne möchten. Or trying to have some particular rule book that will determine your behavior. Oder auch in dem Zusammenhang der Versuch, irgendwie einem spezifischen Regelbuch zu folgen, das das eigene Verhalten bestimmen wird. When I was younger, before I became so involved in Buddhism, I joined the traditional sadhu order in India. Als ich jünger war, bevor ich so im Buddhismus involviert war, hatte ich mich einem traditionellen Sadhu-Orden in Indien angeschlossen. And I was given these clear instructions: when you walk along the road, you look at the ground. Und man gab mir diese ganz klare Unterweisung, wenn du entlang des Weges gehst, schaust du auf den Boden. Every woman you meet is either your mother, your sister, or your daughter. Jede Frau, die du triffst, ist entweder deine Mutter, deine Schwester oder deine Tochter. Don't get involved in any of this stuff. Involvier dich nicht überhaupt in irgendetwas davon. You are not separate from Shiva, you live as Shiva. Du bist nicht getrennt von Shiva, du lebst als Shiva. So there's a rule book. Es gibt hier also ein Regelbuch. And knew what to do before anything happened. Du weißt, was zu tun ist, bevor überhaupt irgendetwas geschieht. But what he's saying here is behavior will arise in connection, not in advance. Was aber er hier aussagt, ist, dass Verhalten immer erstehen wird in Verbindung und nicht im Vorhinein. So it says, we talk of many different kinds of mental constructions, but yogis abide in just one perception. Dann heißt es hier, wir sprechen über viele Arten geistiger Schöpfung, doch die Yogins verweilen bloß einer Wahrnehmung. Again, he's saying you can have a very big holiday here. You can really take this weight off your shoulders. You don't have to remember many, many things. Just relax and open in yourself and live in the connection with all things. Was er hier ausdrückt, ist, dass du wirklich große Ferien nehmen kannst, dass du dieses ganze Gewicht von deinen Schultern nehmen kannst und nicht irgendwie viele Dinge erinnern oder wissen musst, sondern du musst nur entspannt in dem Augenblick des Erscheinens da sein und in dieser Verbindung wird das Verhalten erstehen. The most important basis for ethics is the face of the other. Die wichtigste Grundlage für Ethik ist das Gesicht des anderen. If you see people clearly, it's very difficult to do bad things to them. Wenn man Leute klar sieht, ist es sehr schwierig, schlechte Dinge ihnen anzutun. When we're angry with people, we don't see them, we project something onto them. Wenn wir über sie zornig sind, dann sehen wir sie nicht. Wir projizieren etwas auf sie. And traditionally, people get a bullet in the back of the head.
Traditionell kriegen die Leute die Kugel immer von hinten in den Kopf. because it's easier to shoot that way than to look at them in the face. Denn es ist leichter, jemanden von hinten zu erschießen, als ihm dabei ins Gesicht zu schauen. So you don't need to have rules of morality, but just being present with others, that will be attuned conduct. Man muss also keine Regeln der Moral haben, man muss nur gegenwärtig mit den anderen sein und das wird das wirklich eingestimmte Verhalten geben. Yogi is completely free from the many possibilities of manifestation. Dann von dieser genau einen Wahrnehmung heißt es hier, und diese ist kein Ding, und so ist ein Yogin vollkommen frei von den vielen Möglichkeiten der Manifestation. This doesn't mean that the yogi doesn't manifest, doesn't do different things. Das bedeutet nicht, dass der Yogin sich nicht manifestiert, dass er nicht verschiedene Dinge tut, But rather, he's free from them by not identifying with them. es ist eher so, dass er frei von ihnen ist, weil er sich mit ihnen nicht identifiziert. As we looked yesterday, life is always happening. Life is always happening. Wie wir gestern schon angeschaut haben, das Leben geschieht die ganze Zeit über, die ganze Zeit. So if you do something and then you start to worry about what you did, or you think, what will I do next time, you are not here. Das heißt, wenn wir etwas tun und dann beginnen wir zu sorgen, zu haben, das, was wir getan haben oder darüber, was wir nächstes Mal machen werden, dann sind wir bereits nicht mehr hier. So the yogi is not caught up in wondering about what they just did, or thinking about what she's going to do in the future. Das heißt, der Yogin oder die Yogini ist nicht gefangen in Fragen, was habe ich gerade getan, und auch nicht in Sorgen, was wir in Zukunft tun. She's present in the moment, Sie ist gegenwärtig im Augenblick. and the moment is dissolving as soon as it arises. Und der Augenblick löst sich schon in dem Moment, wo er aufgetreten ist, wieder auf. And so in that way, she is free from the many possibilities of manifestation. That is to say, she's not conditioned by them, she's not defined by them. Und dadurch ist sie frei von allen Ebenen der Manifestation. Sie wird von ihm nicht konditioniert, sie wird von ihm nicht definiert. So it says, so with this crazy, unlimited freedom, maintain the childlike conduct free of all intentional activity. Und so heißt es also, bewahre also mit dieser verrückten Freiheit ohne Begrenzung das kindgleiche Verhalten, das frei von jeglicher absichtsvoller Tätigkeit ist. It's crazy because it's not self-protective. Verrückt ist es, weil es nicht auf Selbstschutz aus ist. It doesn't have an intention. Dieses Verhalten hat keine Absicht. What is it grounded in? Worin wurzelt es sich also? It's grounded in the situation. Es wurzelt sich in der Situation. But it's an unlimited freedom because it has no determination coming from anywhere except a moment which doesn't exist. Und es ist zugleich eine grenzenlose Freiheit, denn es ist nicht determiniert durch irgendeine Absicht, die von woanders herkommt, sondern es wurzelt täglich in dem Augenblick, der an sich gar nicht existiert. Being fully in the moment is being fully in a place which is not substantiated anywhere. Vollkommen im Augenblick gegenwärtig zu sein, bedeutet an einem Ort zu sein, das durch nichts und nirgendwo substantialisiert ist. And it says, maintain the childlike conduct free of all intentional activity. Und wenn es dann hier heißt, halte das kindgleiche Verhalten frei von jeder intentionalen Aktivität aufrecht. Clearly, when children play together, they have an intention. Natürlich, wenn Kinder miteinander spielen, haben sie eine Intention. Maybe they're building a sandcastle Vielleicht bauen sie ein Sandschloss auf and spend a lot of time building it up. und dann verbringen sie eine Menge Zeit, dieses Schloss aufzubauen. And then at a certain point, someone decides to jump on top of it. Und an einem bestimmten Punkt entscheidet sich eines der Kinder plötzlich draufzuspringen, Then it falls down. sodass das Schloss, die Burg sozusagen wieder zusammenbricht. And the parents say, oh, why didn't you wait? I was going to take a photo of it. Und dann sagen die Eltern, warum hast du nicht gewartet? Ich wollte noch ein Foto von der Burg machen. Because that's what the playing is. It's not an intention in terms of the worldly intentions of gaining something, avoiding losing something. In a game, everything is dissolved back into nothing. Everything becomes nothing. Das ist das, was Spiel ist. Da gibt es nicht diese weltliche Art von Intentionalität, wo alles getan wird, um entweder etwas zu gewinnen oder irgendeine Schwierigkeit, irgendein Problem zu vermeiden, sondern alles wird getan, um sich dann anschließend wieder in nichts aufzulösen. Alles löst sich ins Nichts auf.
And again, that's like that image we've used before, like writing on water. With your finger on a pond, you write something and it's gone. Das ist wie das andere Bild, das wir bereits verwendet haben, wie das Schreiben mit dem Finger auf Wasser. Wir schreiben mit dem Finger irgendeinen Text auf Wasser, aber das ist in dem gleichen Augenblick schon wieder weg. Because at the end of playing all day, you ask the child, what did you do? Wenn man am Ende eines Spieltages das Kind fragt, was hast du so gemacht? I was just playing. Ja, ich spielte einfach. It's all dissolved into just playing. Das Ganze, was er getan hat, löst sich in ich habe bloß gespielt auf. This is how the yogi lives. Und das ist die Art und Weise, wie ein Yogi lebt. There is no doggy bag to take home. Es gibt da keinen Hundebeutel, den man noch nach Hause tragen könnte. It's just sufficient to accept. Es genügt sich selbst. Okay, so secondly, Zweitens, teaching on how to avoid being tainted by the objective situation when behaving in that way. die Lehre, wie man vermeidet, von objektiven Umständen verdorben zu werden, wenn man einem solchen Verhalten folgt. Again, it says, wonderful. The mind is like the lotus which grows from the mud of samsara. For no matter how many faults one has, mind is never touched by any of them. Darin heißt es wunderbar, der Geist ist wie der Lotus, der aus dem Schlick des Samsara wächst, denn ganz gleich, wie viele Fehler man aufweist, wird der Geist von keinem dieser Fehler berührt. This is enormously important. From the very beginning, our nature is this unborn infinity. Das ist enorm wichtig, denn von allem Anfang an war unsere Natur diese ungeborene Unendlichkeit It has no self-substance. und besitzt keine Eigensubstanz. And so nothing can be added onto it. Und so kann also auch nichts hinzugefügt werden. It doesn't get made dirty or spoiled or contaminated or destroyed by anything. Und es kann auch nicht irgendwie verdorben, verschmutzt oder zerstört werden durch irgendetwas. So don't take your own activity too seriously. Also nimm deine eigene Aktivität nicht zu ernst. Your faults are just passing moments. Auch deine Fehler sind bloß vergängliche Augenblicke. They don't define you forever. Sie definieren dich nicht für immer. Because the real nature is unborn and activity is always changing. Denn die wahre Natur ist ungeboren und Aktivität ist immer wechselhaft. It says food and drink can both bring pleasure, but your mind and body can be tormented by them. Dann, So, dann heißt es weiter, Nahrung, Essen und Trinken können Vergnügen bringen, doch können Körper und Geist davon auch gequält werden. so no matter what you make use of, be unaffected, neither bound nor freed. Also sei also ganz gleich, wovon du Gebrauch machst, davon unberührt, weder gefesselt noch befreit. Truly, the answer does not lie in the object. Wahrhaft, die Antwort liegt nicht im Objekt. No object can give us more than a momentary relief. Kein Objekt kann uns mehr als eine momentane Erleichterung gewähren. People get very excited when they go for a job interview. Leute werden sehr erregt, wenn sie zum Beispiel ein Einstellungsgespräch führen. They anxiously wait for the result, Sie warten ängstlich auf das Ergebnis. and then they get the job, Dann kriegen sie den Job womöglich. and then after a month it's just their job. Und nach einem Monat ist einfach ihr Job. Children at this time of the year anxiously await for their exam results. Kinder in dieser Jahreszeit warten ängstlich auf die Ergebnisse ihrer Prüfungen, Especially the final results for ending school. insbesondere auf die Endresultate, wenn sie die Schule beenden. And so much is invested in this. Und da ist so viel Investition darin. And then afterwards, nobody asks you about this in your life. Und danach fragt dich keiner mehr danach in deinem Leben. Only if you apply for a job. Nur wenn du nach einer Arbeit Ausschau hältst, A little something on your CV. dann ist das sozusagen ein kleines Detail auf deinem Lebenslauf. You don't wear a T-shirt saying A grade in geography. Wir tragen kein T-Shirt, auf dem dann steht, wir haben eine 1 in Geografie gehabt. But for the child focused on this, it's really the limit of their existence. Aber für ein Kind, das sich darauf ausrichtet, ist das sehr aufregend und geradezu die definierende Grenze ihrer Existenz. So here he's saying, don't live in that way. Und hier heißt es, lebe nicht in dieser Weise. Of course, on a relative level,
our existence is to a certain extent determined by what happens. Natürlich, auf einer relativen Ebene ist unsere Existenz zu einem gewissen Grad durch das, was geschieht, auch determiniert. If we get sick, we feel different from when we are healthy. Wenn wir krank werden, fühlen wir uns anders, als wenn wir gesund sind. If we're very hungry, it's different from having a full belly. Wenn wir sehr hungrig sind, ist es anders, als wenn wir den vollen Bauch haben. But from the point of view of a practitioner of Mahamudra, these are all experiences you can be with. Aber vom Standpunkt des Mahamudra sind das alles Erfahrungen, in denen man verweilen kann. Because if you enter into judgment and you say this experience is better than that experience, Denn wenn man in ein Urteilen eintritt und sagt, diese Erfahrung ist besser als diese Erfahrung, then very quickly you go into saying, well, I want more of the experience I like and I want less of the experience I don't like. dann geht man sehr schnell dazu über zu sagen, nun, ich will auch mehr von der Erfahrung, die ich mag, und weniger von der, die ich nicht mag. And in order to do that, you have to spend more and more time making sure that you can be in charge of your own existence. Und wenn man das macht, dann muss man mehr und mehr Zeit dafür einsetzen, dass man sicherstellen kann, sozusagen für die Steuerung der eigenen Existenz verantwortlich zu sein. And then the focus of your attention is self-referential, and the thought of compassion goes out the window. Und dann ist natürlich die eigene Ausrichtung selbstbezogen und der Aspekt des Mitgefühls fällt aus dem Fenster. So unaffected here doesn't mean untouched. If you are awake and alive in the moment, you will get the full impact of the glorious variety of greens on the mountains, and the shining tone of the bird when it sings. Und unbeeinflusst heißt nicht unberührt. Wenn wir wirklich vollkommen gegenwärtig in dem Augenblick sind, vollkommen offen sind, dann werden wir den vollständigen Eindruck bekommen von den strahlenden, glorreichen Grüntönen, die wir sehen können, wenn wir durch die Berge laufen oder durch das scheinende Tirilieren eines Vogels. Unaffected means not provoked into activity. Unbeeinflusst bedeutet nicht zur Aktivität provoziert. So you look at these green hills. You don't have to think, oh, it's so lovely here, I must come back later in the year, it's so beautiful, I want to see it in autumn. Und das bedeutet, wenn wir diese wunderbaren grünen Hügel sehen, nicht zu denken, oh, das ist so wunderbar hier, ich muss im Herbst wiederkehren, um zu sehen, wie es dann aussieht. You drink the whole thing in, instantly, in this moment. Wir trinken sozusagen die ganze Sache auf Ex in diesem Augenblick, in einem Augenblick. That's all you have. Das ist alles, was wir haben. Maybe you come back, maybe not, we don't know. Vielleicht werden wir zurückkommen, vielleicht auch nicht, wir können es nicht wissen. So in that way we are unaffected. We're not tilted and moving in a definite direction to make sure something happens. In dieser Weise sind wir unbeeinflusst, denn wir haben keine Neigung, wir versuchen nichts zu manipulieren, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. But we're not indifferent to it, we're not dead. Aber wir sind nicht etwa gleichgültig, wir sind ja nicht tot. Thirdly, teaching on benefiting others spontaneously from desireless compassion. Drittens, die Lehre darüber, wie man anderen aus Mitgefühl, das von Begierde frei ist, Nutzen bringt. From the state of realization's unlimited display of conduct, on seeing the torment of foolish beings, tears flow from an overwhelming compassion. Befindet man sich im Zustand grenzenloser Schau eines der Realisation entspringenden Verhaltens, so fließen beim Anblick der Qualen der Dummheit anheimgefallenen Wesen Tränen überwältigenden Mitgefühls. So clearly being touched, being shifted out of the bubble of oneself is very important. Natürlich ist also das Berührtsein, das aus der Blase der eigenen Wichtigkeit herausgeschoben zu sein, sehr wichtig. One hasn't arrived at a safe place where the turbulence has come to an end. Es ist keineswegs so, dass wir an einem solchen Ort angekommen sind, wo die Turbulenzen aufgehört haben. Rather, one is always infinitely bathing in the spring, the mountain spring, the source of all manifestation, and so one is ceaselessly refreshed and able to enter again and again into the turbulence of the world. Es ist eher so, dass wir auf eine unendliche Weise in dem Bergquell unaufhörlichen Manifestierens gebadet werden und dadurch unaufhörlich erfrischt werden und fähig sind, zu jedem Augenblick von Neuem in den Strom der Manifestationen anzutreten. So it says, giving them your happiness and taking on their suffering,
you engage in their welfare. Dann heißt es hier, indem du ihnen dein Glück gibst und ihr Leiden auf dich nimmst, engagierst du dich für deren Wohlergehen. And in this section, because he's dealing with conduct, he's not meaning just doing a meditation practice of Tonglen, of visualizing the sufferings of others melting into you, visualizing your own happiness going out to others. Da es sich hier in diesem Abschnitt um das Verhalten dreht, spricht er hier nicht etwa um eine Meditationspraxis von der Art eines Tonglen, wo man in der Visualisierung die Leiden anderer mit sich selbst verschmilzt und ihnen in Form von Licht das eigene Glück gibt. It means responding to situations. Hier bedeutet das wirklich auf Situationen auch einzugehen. There are many old Tibetan Lamas who travel around the world all the time. Es gibt viele alte tibetische Lamas, die ständig in der Welt unterwegs sind. In their late 70s, when they're over 80. Manchmal schon in ihren späten 70ern oder sogar über 80 Jahre alt. They're quite tired, Die sind müde, not so energetic. nicht so energievoll. Go to the airport, sit in the plane, come off, meet new people, do all these things. Im Flughafen warten, im Flugzeug rumsitzen, rauskommen, neue Leute treffen, all diese Dinge tun. They do this for others. Sie tun das für andere. They go out of their way. They leave where their, whatever we call it, comfort zone would be. Sie gehen aus ihrem eigenen Weg heraus. Sie verlassen das, was wir vielleicht als ihre eigene Komfortzone bezeichnen könnten. This is not about some kind of sacrifice or martyrdom, Das geht hier nicht um irgendeine Art von Opfer oder Märtyrertum, but rather the fact that the center of one's world is shifted towards the other. das ist eher der Ausfluss der Tatsache, dass das Zentrum der eigenen Welt mehr zu den anderen hin verschoben ist. Because realizing that the center of one's own existence is this infinite space which has no center, Denn zu realisieren, dass das Zentrum der eigenen Existenz dieser unendliche Raum ist, der kein Zentrum besitzt, what will you do with your own life? was will man denn mit seinem eigenen Leben anfangen? What are you here for? Wozu sind wir hier? Do you want to go to South America? Wollen wir nach Südamerika gehen? Climb up in the Andes? In den Anden rumklettern? Very nice. Schön. Or you could go to China and walk along the Great Wall. Wir können auch nach China fahren und am großen Wall herumlaufen. Or you could go to Thailand and have sex with children. Oder wir können nach Thailand gehen und Sex mit Kindern haben. People do all sorts of things. Leute tun allerlei von Dingen. What you going to do with your life? Also was macht man mit dem eigenen Leben? Look inside yourself. What do I want to do? Schau nach innen, was will ich tun? All sorts of strange karmic habits arise. Es kommen alle Sorten von seltsamen karmischen Gewohnheiten hoch. The years go by. Die Jahre vergehen. That was your life. Das war das Leben. So, what shall we do with our lives? Also was fangen wir damit an mit unserem Leben? The answer to that is in the world. Die Antwort darauf ist in der Welt. What does it mean to help others? Was bedeutet es aber, anderen zu helfen? Because it says here, benefiting others spontaneously from desireless compassion. Hier heißt es, anderen Nutzen zu bringen aus einem spontanen, von Begierde freien Mitgefühl heraus. This means anything is possible. Und das bedeutet, alles ist möglich. It can mean taking some little worm off the road. Das könnte darin sich zeigen, dass man einen kleinen Wurm von der Straße wegbringt, Spending time caring for a sick friend. Zeit damit verbringen, sich um einen kranken Freund zu kümmern. Not making any changes to your external life, but just doing it with a quality of openness and connection. Oder auch gar keine Veränderung in seinem äußeren Leben durchzuführen, sondern einfach dieses Leben mit dem Gefühl von Offenheit und Verbindung zu anderen zu führen. So that the motive for arising is the benefit of others. Sodass das Motiv des Erstehens der Nutzen anderer ist. This is why in many of the tantric practices we have invitation verses that we sing. Und das ist der Grund, warum wir in vielen tantrischen Praktiken diese Einladungsverse haben, die wir rezitieren. We sing to Padmasambhava, please come here, from Sangdopalli. Wir singen Padmasambhava an, bitte komm hierher aus Sangdopalli. We know you're having a nice time there. Wir wissen, du hast da eine gute Zeit. Life is easy there. Dort ist das Leben einfach. It's not so easy here, Hier ist es nicht ganz so einfach, but please come here. aber bitte komm trotzdem hierher. We want you to do something nasty for you that's good for us.
Wir wollen etwas, dass du etwas für dich Hässliches tust, was aber gut für uns ist. And he says, okay. Und er sagt, in Ordnung, He doesn't need to come. He er doesn't want to come. braucht nicht zu kommen, er hat auch nicht das Bedürfnis zu kommen, But he comes because that's what he does. aber er kommt, weil es das ist, was er tut. That's why it's desireless compassion. Und das ist deswegen auch als begierdefreies Mitgefühl bezeichnet. He's not wanting to save sentient beings. Er will nicht die fühlenden Wesen retten. Because what would that mean? Was würde das denn heißen? It would just fill the space with all kinds of game plans, like bringing democracy to Iraq. Er würde den Raum lediglich mit einer Fülle von Spielplänen füllen, etwa von der Art, Demokratie nach Irak zu tragen. And as we can see with what's happened in Iraq, you always need to do more planning. Und wir können sehen, was in Irak passiert. Wir brauchen noch mehr Pläne. He's just available. Aber Padmasambhava ist einfach verfügbar. Without a strong intention forward, without any defensive move backwards, he's available. Ohne irgendeine starke intentionale Bewegung nach vorne und ohne selbstverteidigende Schutzbewegung nach hinten ist er verfügbar. And he's alive in his skin, so that that availability is just ready for action, but it's not moving. If you don't need it, it's not going to happen. Und er ist lebendig in seiner eigenen Haut, sodass er immer bereit zu einer Handlung ist, aber nicht unbedingt handeln muss. Also wenn etwas diese Handlung herbeiruft, dann wird er handeln. Wenn wir sie nicht brauchen, wird er nichts tun. On an ordinary level, this is why Dharma teaching is always done on the basis of an invitation. Und auf einer gewöhnlichen Ebene kann man sagen, das ist auch der Grund, warum Dharma-Lehren immer auf der Grundlage einer Einladung stattfinden. If somebody wants to teach Dharma and goes around saying, I'm a very good Dharma teacher, don't you want to invite me to come to your center? We think that's very strange. Wenn jemand selbst das Bedürfnis hat, Dharma zu lehren und immer überall rumgeht und sagt, oh, ich bin ein guter Dharma-Lehrer, bitte ladet mich ein, damit ich in eurem Zentrum lehren darf, das ist sehr seltsam. So he says, if you examine reality, you will find that it's free from the three conceptions of subject, object and their connection. Dann heißt es hier, wenn du die Wirklichkeit untersuchst, wirst du feststellen, dass sie frei von den drei Konzeptionen von Subjekt, Objekt und deren Verbindung ist. That is to say, you're not standing in relation to anything. Das drückt aus, dass wir nicht in Beziehung zu irgendetwas stehen. Relating is something which arises moment by moment. Das sich beziehen ist etwas, was entsteht Augenblick für Augenblick. A relationship is a concept, Während eine Beziehung ist ein Konzept, an abstraction. eine Abstraktion. What is all that we have is this moment in which we are either relating or not. Alles, was uns zur Verfügung steht, ist dieser Augenblick, in dem wir entweder uns beziehen oder nicht beziehen. It is not something truly real, for it's like a dream or a magical illusion. Es ist nicht etwas wahrhaft Reales, dass sie wie ein Traum oder ein Zaubertrick ist. So he's referring to reality, what we take to be reality. Everything that we encounter, buses, planes, shops, children and so on. Das bezieht sich auf die gesamte Realität, auf alles, dem wir begegnen, auf Busse, Flugzeuge, Kinder, Läden und alles andere. These are just something amazing, something ungraspable, like a magical illusion. Das alles ist etwas Erstaunliches, etwas Ungreifbares, wie eine magische Illusion. I remember little Paul when he was little Paul. Ich erinnere mich an den kleinen Paul, als er noch der kleine Paul war. And now he's not little Paul anymore. Jetzt ist er aber kein kleiner Paul mehr. This is something magical, this is something amazing. Das ist etwas Magisches, etwas Erstaunliches. There was someone and now someone else is there, and yet they're the same but they're different. This is magic. Da war jemand und jetzt ist jemand anderer da und doch sind sie irgendwie auch gleich. Es ist etwas Magisches, Erstaunliches. There is nothing we can grasp in this world, nothing to hold on to. Es gibt nichts, was man festhalten könnte in dieser Welt, nichts, was man zu greifen kriegen könnte. But by relaxing and being open, we can be always present wherever we are with whatever is there. Aber indem wir entspannen und offen sind, können wir immer gegenwärtig sein in dem, was gerade da ist. So he says, being free of all desire and attachment, you experience a joy devoid of all sorrow. So act like a master of illusion, performing magic. Indem du frei von Begierde und Festhalten bist, sagt Saraha, erfährst du eine Freude bar jede Sorge,
Handle also wie ein Meister, die Illusion der Zauberei vorführt. Live your life in the manner of a dream. Don't take yourself too seriously. Don't go doing things looking for rewards and fame and so on. Und das bedeutet, lebe dein Leben wie einen Traum und nimm die Dinge nicht zu ernst und tue insbesondere nichts, um irgendwie Berühmtheit oder Belohnung zu bekommen. When the moment's gone, it's gone. Wenn da vergangen ist, ist er vergangen. It's just that. Nur das. Here I am sitting with you, Hier bin ich, sitze mit euch, going blah blah blah. mache bla bla. You all look at me. Hi. Ihr schaut mich alle an. When I get to the airport, nobody is looking at me except the man checking my passport. Wenn ich im Flughafen bin, niemand wird mich anschauen, außer dem Mann, der meinen Pass untersuchen wird. This is just a moment. Das ist alles ein Augenblick. Then I go shopping in the supermarket. Und dann gehe ich vielleicht einkaufen im Supermarkt. It's just like that. So ist das. There is no permanent gain from anything, Es gibt keinen beständigen Gewinn von irgendetwas. but there is also no loss. Aber es gibt auch keinen Verlust. What there is just being here, being here, being here. Was es gibt, ist lediglich hier sein, hier sein, hier sein. So this brings a great joy because it has one taste running through everything, and yet simultaneously there's the wonder of the incredible unfolding difference. Und das bringt eine enorme Ekstase mit sich, denn auf der einen Seite gibt es hier diesen einen Geschmack, der durch alles hindurchläuft, und auf der anderen Seite das große Wunder einer unendlichen Vielfalt. Okay, so we take a break for lunch here, and then we come back for a period in the afternoon, and we'll finish the text, do some practice, and have time for any questions. Okay, wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und kommen nachher wieder zusammen. If we can come back just before 2, say 10 to 2, 10 vor 2 treffen wir uns hier wieder. Machen dann den Rest und auch Fragen. so now we come to the last brief part of this text. Jetzt kommen wir zu dem letzten Teil des Textes, which deals with the full attainment of Mahamudra. und dieser Abschnitt handelt vom völligen Erlangen von Mahamudra. The first part is the teaching on the certain attainment of the result. Der erste Teil handelt über die Lehre, über das sichere Erlangen des Resultats. And Saraha says, it's primordially pure in nature like the sky. There is not the least entity to be gained or discarded. Und Saraha sagt hier, der Natur nach ursprünglich rein wie der Himmel, gibt es nicht das geringste Ding zu erlangen oder zu verwerfen. This is the Mahamudra free of mentation, so do not yearn for any result. Dies ist Mahamudra frei von allen geistigen Vorgängen, also sehne dich nicht nach irgendeinem Resultat. So this is something that we've looked at many times, that because this condition has been there from the very beginning, because it has no limit, and because it's free of anything like an object, there is nothing to be done. Und darüber haben wir die ganze Zeit schon gesprochen, dass da diese Seinsweise frei von stets anwesend, immer da ist und frei von jeder Art von Begrenzung oder von Objekthaftigkeit ist, gibt es hier nichts, was zu tun wäre. You can imagine calming your mind. You can imagine being born in a pure Buddha land. Man kann sich vorstellen, dass man seinen Geist beruhigt, man kann sich vorstellen, in einem reinen Buddha-Land geboren zu werden, But you can't imagine what this will be like. aber man kann sich nicht vorstellen, wie dieses sein wird. It is what is already there. Denn es ist etwas, was bereits da ist. So it's always been there, but you haven't seen it because of the way that you look for things. Und es war immer da, aber wir haben es noch nicht gesehen, und das liegt an der Art und Weise, wie wir immer nach Dingen Ausschau halten. Therefore it's not like anything you have ever encountered. Wir haben es nicht gesehen, weil das nicht etwas gleicht, was wir jemals gesehen haben. So he said, don't keep yourself waiting for some kind of result. Und daher sagte, also warte nicht auf irgendeine Form von Resultat. Because the mind that entertains hopes has been unborn from the very beginning, how can there be any entities to be gained or discarded? Da dieser Geist, der sich Hoffnung hingibt, von allem Anfang an ungeboren war, wie könnte es Dinge geben, die man gewinnen oder die man verwerfen könnte? How can nothing give rise to something?
Wie kann nichts etwas entstehen lassen? Nothing comes from nothing. Nichts kommt von nichts. Everything is an illusion. Alles ist eine Illusion. So there are no entities. Es gibt keine Entitäten, keine Dinge. So there will be nothing to pin your hopes onto. Das heißt, es gibt auch nichts, woran man seine Hoffnung festnageln könnte. There is nothing to be put away, Es gibt nichts, was man wegtun sollte oder könnte. nothing to be gained. Und nichts, was man gewinnen könnte. Clearly, the obstacle is our own belief that there is something to be gained and something to be removed. Ganz klar ist das Hindernis hier, das liegt in unserem Glauben daran, dass es etwas zu gewinnen und etwas zu verlieren gibt. But these very hopes and fears don't need to be removed, Aber auch die Hoffnung und Befürchtung selbst brauchen nicht beseitigt zu werden. because from the very beginning they have been empty. Denn sie selbst waren von allem Anfang an leer. When you go to the cinema, you come into relationship with the film. Wenn man in ein Kino geht, nimmt man zu dem Film eine Beziehung auf. You take it as real. Man nimmt ihn als real wahr. When the film ends, you have to leave. Wenn der Film zu Ende ist, muss man gehen. We have been taken in by this film for a very long time. Wir sind von diesem Film bereits eingenommen worden für sehr lange Zeit. That's all. Und das ist alles. The film has never been anything other than a film. Der Film war aber niemals irgendetwas anderes als ein Film. So the plot of the film doesn't need to change, the characters of the film don't need to change. The film can go on being a film, but now you see it's a film. Also muss sozusagen der Plot des Films nicht verändert werden, die Charaktere, die Darsteller müssen nicht verändert werden. Der Film bleibt einfach das, was er ist, aber was sich ändert, ist, dass wir jetzt erkennen, dass es ein Film ist. You can watch a film knowing it's a film, and you won't get so sucked into it. Wir können einen Film als einen Film anschauen und dann werden wir nicht so hineingesogen. If you know what it starts to change. Und wenn wir wissen, was es ist, dann beginnt es sich bereits zu verändern. For example, I work with men who spend a lot of time looking at pornography. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Mann, der eine ganze Menge Zeit damit verbringt, Pornografie anzuschauen. When they start to realize what they are looking at, Wenn sie anfangen zu erkennen, was sie eigentlich anschauen, that this is the unfree behavior of people who are trapped, dass das das unfreie Verhalten von Leuten ist, die in einer Falle sitzen, then their desire to masturbate to these images declines. dann verringert sich die Begierde, zu diesen Bildern zu masturbieren. Because when you know what it is, it's not very nice. Denn wenn man weiß, was es denn eigentlich ist es nicht so schön. It pretends to be something that it's not. Es spiegelt etwas vor zu sein, was es nicht ist. This is why we say the only place you can awaken is in your own place. Und deswegen sagen wir, der einzige Platz, an dem du erwachen kannst, ist an deinem eigenen Platz. And your own place is where you already are. Und dein eigener Platz ist da, wo du bereits bist. So something is different, although it's not different. Da ist also etwas anders, obwohl es nicht anders ist. And that can't be explained. You can only experience it. Und das ist etwas, was man nicht erklären kann. Das ist nur etwas, was man erfahren kann. Now, if someone was able to actually possess a real entity, then what would become of the doctrine of the four mudras? Dann heißt es hier, nun, wenn jemand tatsächlich in der Lage wäre, ein wirkliches Ding zu besitzen, was würde dann aus der Lehre der 4 Mudras werden? This is a question, but it's not an invitation to research. Das ist eine Frage, aber es ist keine Einladung, etwas zu erforschen. He's not suggesting you do actually go and find a real entity. Es ist kein Vorschlag, loszugehen und eine wirkliche Entität zu finden. And this is an ironic rhetorical question. Das ist eine ironische, eine rhetorische Frage. And that is to say, you won't be able to find one. Sie drückt aus, du wirst nichts finden. And there's nothing wrong with what he's been teaching. Und es ist nichts falsch daran, was hier gelehrt worden ist. So, now the next section. Teaching on the confusion of wanting to get something when there's nothing to get. Die nächste Abteilung sagt, die Lehre von der Verwirrung, etwas bekommen zu wollen, wo es nichts zu bekommen gibt. Just as a mountain deer, when confused by thirst, runs rapidly towards the water it sees in a mirage, foolish people, troubled by desire, find that no matter how much they try, their goal just gets further away.
So heißt es, so wie ein Berghisch von Durst verwirrt sich schnell zu einem Wasser begibt, das er in eine Fata Morgana sieht, so stellen dumme, von Begierde geplagte Leute fest, dass, ganz gleich wie sehr sie sich bemühen, ihre Ziele in immer weitere Ferne rücken. We have to do a lot of Dharma practice because we are not good enough to recognize our own nature. Wir müssen eine ganze Menge Dharma-Praxis ausführen, weil wir nicht gut genug sind, um unsere eigene wahre Natur zu erkennen. But when will we be good enough? Aber wann werden wir denn gut genug sein? Never. Niemals. Death will come. Der You will Tod, not be ready. der Tod wird kommen und wir werden nicht bereit sein. Because where is the point where you go from not being ready to being ready? Denn an welcher Stelle befindet sich der Punkt, an dem man von nicht fertig sein bis zu bereit sein überwechselt? Saying this is to misunderstand the situation. Das drückt aus, dass wir die Situation missverstehen. There is nothing to get, so don't go looking. Es gibt ohnehin nichts zu bekommen, also geh nicht nach Ausschau halten. One's own energy is the only thing that binds one to the state of not seeing what is there. Die eigene Energie ist es, das Einzige, das uns daran bindet, im Zustand zu verweilen, nicht zu sehen, was da ist. That is to say, you have to give up before you can get. Und das drückt aus, wir müssen etwas aufgeben, bevor wir etwas bekommen können. Your energy is irrelevant. Deine Energie ist nicht relevant. All that you thought was good is really bad. Alles, was du gedacht hast, für gut gehalten hast, ist in Wirklichkeit schlecht. The obsessive compulsive patient who has to keep cleaning the house again and again and again. Der zwanghaft obsessive Patient, der sein Haus wieder und wieder und wieder putzen muss, Is convinced of the importance of this activity, ist überzeugt von der Wichtigkeit dieser Aktivität. but it's making them mad Aber sie macht sie gleichzeitig verrückt and making everyone around them mad. und macht die anderen um sie herum auch verrückt. But then we develop our own sense of what has to be done because we feel, I know what's wrong with me, this is what has to change. Und in der gleichen Weise entwickeln wir so ein Gefühl, oh, ich weiß genau, was zu tun ist, denn ich weiß, was an mir falsch ist und was ich verändern muss. But there will be no end to these thoughts, so you will always be chasing some other activity. Aber diese Gedanken werden kein Ende finden, sodass wir immer wieder nach einer anderen Aktivität nachjagen werden. And the danger of this is that the more you reinforce the idea of mobilization towards a goal, the more difficult it is to relax into a goalless state. Und die Gefahr davon ist, dass je mehr man sozusagen diese Mobilisierung auf ein Ziel hin durchläuft, desto schwieriger wird es für uns sein, sich in einem zwecklosen, einem ziellosen Zustand zu entspannen. So then the third section, not getting anything at all, which is called gaining the state of Vajradhara. Und der letzte Abschnitt heißt, überhaupt nichts bekommen. Dies wird als das Erlangen des Zustandes des Vajradhara bezeichnet. It says, the completely pure nature has been unborn from the very beginning, and when there is not the least trace of discrimination, the consciousness that creates distinction is purified in the field of actuality. Da heißt es, die vollkommen reine Natur war von allem Anfang an ungeboren, und wenn es nicht die geringste Spur von Unterscheidung gibt, wird das Bewusstsein, welches Unterscheidung erschafft, in der Sphäre der Tatsächlichkeit gereinigt. So, our own nature, pure from the beginning, meaning it has never been touched by anything else. It doesn't stand in relation to anything else because there are no real entities. Und also die eigene Natur rein von allem Anfang an heißt, dass es niemals von irgendetwas anderem berührt worden ist, weil es in keinerlei Beziehung zu irgendetwas anderem steht, da es keine anderen Entitäten gibt. We are not truly different from each other. We are not truly different from the mountains and the rivers. Wir sind nicht wahrhaft anders voneinander, verschieden voneinander, und wir sind nicht wahrhaft verschieden von Bergen oder Flüssen. Only in the discriminations we develop in our own minds does this appear to be the case. Es scheint nur der Fall zu sein in den Unterscheidungen, die unser eigener Geist trifft. In letting go of this discrimination, the consciousness that creates all the distinctions which puzzle us and confuse us and give us things to do, this just dissolves by itself in the field of actuality. That is to say, how things are moment by moment. Indem wir
die das Unterscheiden aufgeben, zerfallen auch alle Unterschiede, die wir als vorhanden und wahr erfahren, und wir bleiben in dem tatsächlichen Feld von dem, was da ist, von Augenblick zu Augenblick. The only name that need be applied is Vajradhara. Der einzige Name, den man anzuwenden braucht, ist Vajradhara. And the gloss on this from Lama is that it means never straying from the pure nature. Und die Bedeutung, wie Lama das erklärt hat, ist niemals von der reinen Natur abweichen. Dhara means to hold, but since we're talking about non-duality, he's not holding anything. It means he is. This is the state of non-dual union with the unchanging state, the Vajra. Dhara ist so etwas wie Halten, da wir hier aber von einem nicht-dualen Standpunkt sprechen, geht es nicht um das Halten von einem Objekt, sondern im Wesentlichen um das Sein. Und was ist man hier? Man ist die nicht-duale Integration in den Zustand, in den unveränderlichen Zustand, also im Zustand des Vajra. And he uses the same image as before. Just as in a dry desert plain one sees mirages of pure water where there is in fact none, so the mind that names and discriminates must be purified on the original purity. Und er benutzt hier wieder das gleiche Bild noch einmal. So wie man in einer Wüstenebene, in einer Fata Morgana reines Wasser sieht, wo es in der Tat keines gibt, so muss der benennende und unterscheidende Geist in ursprünglicher Reinheit gereinigt werden. If you go to the swimming baths, usually they say, please have a shower before you get in the swimming pool. Wenn man in ein Schwimmbad geht, dann heißt es dann in der Regel, bitte dusche, bevor du in das Bad einsteigst. When you go swimming, it's lovely because the water is cool and refreshing and you feel clean and purified afterwards. Wenn man schwimmen geht, dann ist es angenehm, weil das Wasser kühl und erfrischend ist, und nach dem Schwimmen fühlt man sich frisch und gereinigt. That's your experience. Das ist unsere Erfahrung. For the owner of the swimming baths, all these nasty, dirty people come and make my pond dirty, so I have to spend a lot of money purifying it all the time. Für den Besitzer des Schwimmbads sieht das anders aus. Für ihn kommen all diese ungehorsamen, schmutzigen Leute, die schmutzig ins Wasser einsteigen und mein Wasser schmutzig machen, sodass er eine Menge Geld für die Wasserreinigung aufwenden muss. So you have to make yourself pure before you get to feel pure. Und das heißt, wir müssen uns reinmachen, bevor wir wirklich uns reinfühlen können. Saraha is saying, no, it's not like that. Saraha sagt aber, das ist nicht so. Because our nature is Vajradhara, means beyond being destroyed, beyond being contaminated, never made dirty in any way. Er sagt, weil unsere Natur die von Vajradhara ist, waren wir immer jenseits von Zerstörung und von Verschmutzung. Nie konnte irgendetwas dieser Natur etwas anhaben. The mind that names and discriminates, the one that causes all the trouble, must be purified on the original purity. Also dasjenige, der Geist, der diese Unterscheidung trifft, das, was die Schwierigkeiten verursacht, muss auf dem Grund der ursprünglichen Reinheit gereinigt werden. The only way to be pure is to recognize you've always been pure. Die einzige Art und Weise, rein zu sein, ist zu erkennen, dass man schon immer rein gewesen ist. There is no other method of purification. Es gibt keine andere Methode der Reinigung. This is very important. Und das ist sehr wichtig. This is not what it says in many books. Das ist nicht das, was in vielen Texten gesagt wird. Only the original purity, which you already have, can convince you of your natural purity. Nur die ursprüngliche natürliche Reinheit, die wir bereits haben, kann uns von unserer ursprünglichen natürlichen Reinheit überzeugen. When I was in India and we used to do very long practices with my teacher, Lama, Als ich in Indien war, pflegte ich sehr lange Praktiken mit meinem Lehrer Lama zu machen. it could go on 6-7 hours. Solche Praktiken konnten 6-7 Stunden dauern. There were many things to repeat and do again, and lots of meditations and prayers and so on. Es gab viele Dinge, die man da wiederholen und immer wieder machen musste, viele Meditationen, Gebete und so weiter. And then at the end, in the final section, we would read out these concluding prayers. Und dann am Ende, im Schlusssatz, in den sozusagen abschließenden Gebeten, And we would
read out these prayers of confessing all the mistakes we'd made in doing the practice. Und dann in diesem Abschlussgebet gab es immer eine Bekenntnis all der Fehler, die wir begangen haben, während wir diese Praktiken durchgeführt haben. Just doing your best is not good enough. You shouldn't make any mistake at all. Gut zu sein, dein Bestes zu geben, ist nicht gut genug. Du darfst keinen Fehler machen. But if I was able not to make any mistakes, I wouldn't be doing the practice. Aber wenn ich fähig wäre, keine Fehler zu begehen, dann würde ich in erster Linie schon gar nicht diese Praxis machen. I'm doing the practice because I'm not very good and I make mistakes doing the practice and now I've got to apologize for doing that. Ich mache die Praxis, weil ich nicht so gut bin und jetzt mache ich während der Praxis Fehler und muss dann auch mich dafür noch entschuldigen am Ende. And it's hot and there's lots of mosquitoes. Und zudem ist es auch noch heiß und so viele Mücken. And I've got to clean 100 butter lamps. Und dann muss ich auch noch 100 Butterlampen reinigen. Oh, this is the way we accumulate merit and wisdom. Oh, das ist die Art und Weise, wie man Verdienst und Weisheit akkumuliert. Because whenever you do an activity with an intention to go from A to B, there's a lot of room for making mistakes. Denn immer dann, wenn man eine Aktivität mit der Intention von A nach B zu kommen ausführt, gibt es eine Menge Raum für Fehler. This is why he's saying you have to wake up where you are. Deswegen sagt er immer wieder, wache da auf, wo du bist. This is like this familiar story of the, the person driving a car out in the middle of Ireland. Das ist wie diese bekannte Geschichte von jemandem, der mitten in Irland ein Auto fuhr And he's not quite sure of how to get to the nearest town. und er ist sich nicht sicher, wie er da zu der nächsten Stadt kommen kann. So he stops and asks a farmer, how would I get to Wexford? Hält dann und fragt den Bauer, wie werde ich nach Oxford kommen? And the farmer said, oh, if I was going to Wexford, I wouldn't start from here. Für die, die noch nicht gelacht haben, sagt der Bauer, wenn ich nach Oxford gehen will, dann würde ich nicht hier starten. So that's the state of our Dharma practice. Das ist der Zustand unserer Dharma-Praxis. And he's saying that this mind, it can't be spoken of in terms of being unchanging or totally extinguished. And he's meaning you're not going to arrive at a place where everything stops. Wisdom and compassion are born together. We are inseparable from all beings, so you can't go anywhere else. When you realize your own nature, the work continues. Because in some Dharma texts it says, at this point everything is extinguished, and now you enter the unchanging state, the safe, secure castle or fortress of Dzogchen. But each moment we go out into the world, being with others and in the turmoil of what's going on. So you're not gaining anything, which is the title of this section. But this very non-gaining is to gain the state of Vajradhara, who in this system is the highest Buddha. Then he says, like the wish-fulfilling gem and the wish-granting tree, your hopes will be fulfilled by the power of your aspiration. Moreover, the conventional notions of this world belong only to relative truth. In reality, not one single thing has any true individual existence. So he's here again repeating at the very end what he said all the way through. There are no entities. Es gibt keine Entitäten, keine Dinge. Nothing exists in truth. Nichts existiert in Wahrheit. The world is not what you think it is. You are not what you think you are. When you see how things actually are, you realize you talk in the manner of a magician, calling things into being when nothing is truly there. Then you have the colophon, this Mahamudra secret teaching, known as the Treasury of Songs, the Doa Kosha, arose from the speech of the glorious hermit Saraha. It was translated by the Indian scholar Vairochana Rakshita. And in India at that time it was the custom for yogis to sing about their experience. This is a tradition that continued in Tibet, and some Tibetan lamas do it today, but you also find it throughout India, where some wandering sadhus and also Muslim sadhus, Malang, sing about their own experience. So that brings us to the end of the text. See if you have any questions about it, about the view or the meditation or the practice. Well,
these teachings are seen as being secret in various ways. One is they're said to be self-secret because if you don't get it, you don't get it. It's also a secret teaching because it doesn't exist in the world. Because, as you might have noticed when we go through this, in a sense, he's not saying anything at all. So if you don't get it, there's nothing to take away. It's just jumbling words. It's secret because generally this would be sung to people who were in the same game. But it's not a closed game, anyone can go. Buddhism is not a missionary religion. It's not seeking to convert anyone. Although nowadays there are kinds of Buddhism which spread out in a missionary way. For example, in the Japanese tradition, the sect linked to the worship of Amida Buddha from Nichiren. This is very evangelizing. They go out and try to convert people. And there is a break in the Tibetan tradition. There is a breakaway Gelugpa sect coming from Geshe Khalsan Jamso, whose members are very, very missionary-like. But generally speaking, it's due to the ripening of our karma or our luck that we come in contact with this teaching. People have then different ideas about this. Some people would say, oh, potentially they're very dangerous because if you misunderstand them, you can act in a crazy or a bad way. And the story of the origin of the demon Mahamudra is often given in this context. We don't have time to do that story today. But generally, these teachings are not poisonous. If you're going to go crazy, you'll go crazy anyway. And so they become secret because they get placed inside a hierarchical power system. Saraha, as I said at the beginning, left the hierarchical system. He left the monastery, the university, his status, and he lived on the outside, only to have his work reincorporated and put on a high shelf. The same thing we read happened to St. Francis of Assisi, who renounced everything. Der hat auch einem entsagt, developed an order based on poverty and purity, and lived long enough to see it turn into an extension of the papal movement, very powerful, very rich, fancy bishops with fancy hats. So that later another group had to develop called the Poor Franciscans. So secret can mean all sorts of things. But essentially here it means if you look to find your own nature in the manner of looking for things in the world, you will always encounter just a secret wall. But nowadays, of course, Buddhism comes into the marketplace. People use it for all sorts of purposes, to make a lot of money, to develop new career opportunities and so on. And so there is always a danger that things like this will simply become another commodity. Because as we looked, the motivation is everything. We have to be in touch with the minimal arousal, the absolute minimal arousal. So you have to have some desire, but just falling back on itself. So without making any wave, you pass through the door. So if the motivation is rough or crude or greedy or proud, it's not going to do the business. Okay, any other questions? So in this context of such a teaching, who is the term karma? Like, for instance, if you sow a lemon seed, you will get lemon and not rice, and it would be stupid to expect to get rice. So on the one hand, one is always sowing something. On the other hand, there is not much to do, as you say, or as the text says. So how is this related to the idea of karma? If you can abide in the practice, you won't have any karma at all. Because you might recall, I think in previous years, we looked at the 4 stages of karma. Geschaut haben. In the first stage, which is called the basis, is to see subject and object as truly real and separate. In resting in this state, that basis is not there. However, you can cheat yourself. Aber man kann sich natürlich auch betrügen. If you imagine that you're free and you're not free, then you will get big karma. Because this is talking about spontaneity, but it's a spontaneity arising from the ground. Denn hier handelt es sich von Spontaneität, aber hier geht es eine Spontaneität, die auf dem Grund entsteht. But if you're caught up in yourself, in your matrix of memories and hopes and fears,
and the spontaneity arises from that. It's simply the reheated impulsivity of old patterns. Wenn man aber sozusagen in seinen eigenen Mustern verfangen ist und die Spontanität aus diesem Platz von Erinnerungen und Vorstellungen und den Gewohnheitsmustern entsteht, dann ist die Spontanität, die dabei entsteht, nichts anderes als das Wiederaufkochen von alten Impulsen, von alter Impulsivität. And that most certainly causes karma. Und das wird ganz gewiss Karma verursachen. Okay, any other questions? Andere Fragen? Lovely. Oh, not so lovely. What I can avoid asking. Okay. You mentioned once that you emphasize the aspect of clarity, and I would like to know what other aspects there are besides clarity. In relation to? To your teaching, you said you, at least I understood you that way, that you mostly, well, speak about this aspect of clarity. That's what Well, understood. I hope to be as clear as possible in explaining each thing. Some teachers will just hit you with a shoe. Sagte, James würde den Aspekt der Klarheit betonen und er hätte das so verstanden. Und was wäre dann der andere Aspekt? Und James fragte nach, in Bezug auf was diese Gegenüberstellung stand. Das war jetzt nicht so klar. James sagte jedenfalls, er hofft, dass er die Aspekte so klar wie möglich erklärt hat. Andere Lehrer würden einen vielleicht gerade mit ihrer Sandale auf den Kopf schlagen. Because there are parts of teaching which involve putting people into despair. For example, Marpa's teaching of Milarepa. Denn es gibt auch Lehrformen, die darin bestehen, Schüler sozusagen in einen Zustand der Verzweiflung zu versetzen. Bestes Beispiel ist, wie Mapa Milarepa lehrte. So Milarepa had to go through complete darkness into a new dawn. Milarepa musste also durch völlige Dunkelheit in einen neuen Sonnenaufgang gehen. And in the darkness, he left everything that was familiar to him. Und in dieser Dunkelheit verließ er alles, was ihm vertraut war. So that was one way of providing this kind of teaching. Und das war einer der Wege, wie man eine solche Lehre bereitstellen konnte. Anything else? Okay. For those of you who might come next year, we were thinking to look again at Pato Rinpoche's explanation of Dzogchen in terms of the 3 statements of Garab Dorje. Für diejenigen, die vielleicht vorhaben, nächstes Jahr zu kommen, das Thema wird sein über die Ausarbeitung von Patrul Rinpoche, über die 3 Statements, 3 Aussagen von Garab Dorje, das genauer anzuschauen, also ein Text in der Dzogchen-Tradition. Text is a little bit longer than this one. Der Text ist ein bisschen länger als dieser hier. So again, it means being on the job. Und das bedeutet wieder, dass wir dann wirklich bei der Arbeit sein müssen. So it's important to think for yourself if that's useful or not. Daher ist es wichtig für euch nachzudenken, ist es etwas, was für euch nützlich ist. We can look at the same thing without the text. Man könnte natürlich auch das Gleiche ohne einen Text machen. But I think it's also helpful so that you can really see that this is from a long, long lineage. Aber vielleicht ist es auch durchaus hilfreich zu sehen, dass das etwas ist, was von einer langen Traditionslinie kommt. So is it a good experience for you to go through the text, do you think? Ist es also für euch eine gute Erfahrung, diesen Text angeschaut zu haben? Okay. That's what we can do next time. Das werden wir dann also nächstes Mal auch. Okay, shall we do some practice just to come to an end? Wir machen jetzt eine abschließende Praxis.